In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat C1. Und wir werden uns hier gemeinsam mal anschauen, was man überhaupt mit diesem Zertifikat machen kann. Vielleicht fragst du dich, wo ist dieses Zertifikat überhaupt anerkannt? Wie ist die Prüfung aufgebaut? Und kann ich damit studieren? Kann ich damit arbeiten? All diese Fragen werden wir gemeinsam durchgehen und genau beantworten. Wenn du dich also für die Prüfung interessierst und auch mal die Teile der Prüfung durcharbeiten möchtest oder auch andere Deutsch-Sachen, die mit C1, B2, C2 zu tun haben, dann klick doch hier unten gleich auf Abonnieren, denn da bist du immer auf dem Laufenden. Und jetzt legen wir erstmal los mit dem TELC-Zertifikat C1. Viel Spaß! Wir schauen uns nun heute an, warum du dich für das TELC C1-Zertifikat entscheiden solltest und was du damit überhaupt machen kannst. Los geht's! Ganz am Anfang zeige ich dir, wie das Video aufgebaut ist. Wir schauen uns zunächst mal die verschiedenen TELC-Prüfungen an, die angeboten werden. Und dann gehen wir über in das TELC-Zertifikat C1. Warum solltest du hier eine Prüfung machen und warum überhaupt mit TELC? Dann fragen wir uns, kann ich damit studieren oder kann ich es für meinen Beruf benutzen? Danach fragen wir uns, wo das TELC-Zertifikat überall anerkannt ist. Und dann schauen wir uns so eine Prüfung nochmal im Allgemeinen an. Also legen wir los, die verschiedenen TELC-Prüfungen. Wie du siehst, gibt es ganz viele TELC-Prüfungen und das hier bezieht sich wirklich nur auf das Niveau B2 und C1. Ja? Also wir haben ein TELC-Zertifikat für den Beruf, für Medizin und für Medizin in der Fachsprachprüfung und die beziehen sich auf das Niveau B2 und C1. Wenn du dich direkt für C1 interessierst, da gibt es auch die ganz normale, die allgemeine Deutschprüfung, TELC, Zertifikat C1. Dann gibt es das Ganze nochmal für den Beruf und für die Hochschule. Wie du siehst, Medizin ist jetzt hier nicht mehr dabei, aber das gibt es dann auch noch für Beruf. Medizin bezieht sich dann auf beide Niveaus, B2 und C1. Dann fragen wir uns jetzt, warum sollten wir so eine Prüfung denn überhaupt mit TELC ablegen? Und wir gucken da eher auf TELC C1 Deutsch. Wir fragen uns also jetzt, ist es denn wirklich für mich notwendig, eine C1-Prüfung abzulegen? Und zwar möchte ich dir dazu sagen, für manche Zwecke kommt man einfach nicht drum herum, eine Prüfung abzulegen. Aber vielleicht denkst du gerade, okay, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das überhaupt brauche. Und da möchte ich dir bei der Entscheidung ein bisschen helfen. Und zwar ist es so, in unserer globalisierten Welt ist es einfach total wichtig, andere Sprachen zu lernen und diese auch auf einem bestimmten Niveau zu beherrschen. Besonders, wenn man in einem fremden Land wohnt und dort vielleicht arbeiten möchte oder arbeiten muss. Und da ist es doch wichtig, sich auch mit den Leuten austauschen zu können. Ohne die Sprache eines Landes zu beherrschen, wird man nie richtig in die Kultur eintauchen können und die Menschen und die Bräuche dort verstehen und so. Und das ist aber das, was das Land ausmacht. Und das ist natürlich wichtig, wenn man dort lebt. Ja, dass man diese Menschen und ihre Kultur einfach versteht und miterleben kann. Und mit dem C1-Zertifikat kannst du dann nachweisen, wie qualifiziert du doch bist in dieser Sprache und wie eloquent du diese Sprache doch beherrschst. Ja, das Niveau im C1 besagt nämlich, dass du ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen kannst und auch implizite Bedeutung erfassen kannst. Ja, außerdem kannst du dich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Du kannst die Sprache also im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Ja, außerdem kannst du dich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. Die TELC-Zertifikate sind dabei auch noch eine gute Möglichkeit, deine Sprachkenntnisse nachzuweisen, denn die sind auch in Hochschulen, Firmen und an politischen Stellen und sowas international wirklich überall anerkannt oder fast überall. Und auch für deinen persönlichen Erfolg, ob das für den Alltag ist oder für den Beruf, stellt einfach so ein Sprachenzertifikat eine bewährte Errungenschaft dar.
Eine Sache möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und zwar kannst du hier bei Home Studies speziell auf dich zugeschnittenen Unterricht machen, online, total flexibel mit deinem eigenen Lehrer. Und da kannst du dich natürlich super auf die Prüfung vorbereiten, genau nach deinen Vorstellungen. Also nutz die Chance und klicke gleich hier oben auf den Link. So, und nun geht es weiter mit unserem Video. Okay, also so ein Sprachzertifikat C1 ist natürlich toll, aber kann ich denn damit überhaupt studieren oder kann ich das für meinen Beruf überhaupt benutzen? Und das beantworten wir jetzt. Also, ist denn das TAKE-Zertifikat C1 ein Zertifikat für den Beruf? Die Antwort dazu ist, dass es in Deutschland ja viele Ausländer gibt, die nach Arbeit suchen. Und so ein Sprachenzertifikat, wenn man das dann der Bewerbung anhängt, ist das natürlich super, weil der Arbeitgeber möchte sich natürlich auch absichern, ob dein Sprachniveau auch wirklich dem entspricht, dementsprechend, was du da auf deinem Lebenslauf geschrieben hast. Es ist natürlich sehr einfach, wenn man einen Lebenslauf schreibt und schreibt da einfach ein C1 drauf, weil man denkt, ach, ich bin bestimmt C1, aber der Arbeitgeber, der sich das dann anschaut, der möchte natürlich wissen, ob das überhaupt stimmt. Und wenn du da dann so ein Zertifikat anhängst, dann weiß der Arbeitgeber, okay, das stimmt auch wirklich, die Person hat dieses Niveau, und der kann sich damit absichern und kann dann sagen, ja, dann komm doch mal zu einem Interview und vielleicht findest du dann auch einen guten Job damit. Es ist wirklich so, dass es gerade in Deutschland sehr, sehr viele Ausländer gibt und die haben natürlich verschiedene Niveaus und da möchte der Arbeitgeber auch wirklich dann gucken, ob du dich auch gut ausdrücken kannst, ob du alles verstehst und so weiter. Und da ist es natürlich wirklich gut, wenn man so ein Zertifikat in der Tasche hat. Denn seien wir mal ehrlich, ein C1-Zertifikat ist wirklich eine super Qualifikation für Bürojobs, Leitpositionen und so weiter. Auf dem B2-Niveau ist es so, dass man fremde Dinge verstehen kann, man kann Diskussionen führen und Berichte und so weiter. Und das ist auch schon eine gute Voraussetzung. Aber das reicht kaum für höhere Positionen. Wir haben wirklich in unserem Sprachniveau diesen Sprung, dass man von A1 bis B1 diese grundlegenden Sachen kennenlernt. Aber da spricht man doch noch am meisten auch über sich selber. Ab B2 beginnt dann dieser Sprung, dass man jetzt nicht mehr diese grundlegenden Sachen bespricht, weil die hat man ja schon fertig. In B2 macht man dann so einen Riesensprung, dass man sich mehr auf auch mehr den Wortschatz und so weiter konzentriert, weil die grundlegenden grammatikalischen Dinge, die müssen jetzt wirklich sitzen. Und da beginnt man erst wirklich ab B2 sich auch auf andere Sachen zu konzentrieren, auf fremde Informationen und so weiter. Und da C1 dann doch nochmal so ein Schritt weiter ist, nochmal über dem B2 und da das C1 dann auch wirklich deine fortgeschrittenen Deutschkenntnisse zeigt, ist es wirklich einfach eine gute Idee, so ein Zertifikat ja, als Ass im Ärmel zu haben. Denn mal ehrlich gesagt, wenn ich jetzt jemanden einstellen möchte, der Deutsch gerade erst lernt oder so weiter und es geht wirklich um einen Bürojob, wo man E-Mails schreiben muss oder telefonieren muss mit Kunden oder mit anderen Personen aus der Leitung, aus dem Management oder so, dann möchte ich natürlich sicher gehen, dass das alles fehlerfrei funktioniert, ohne Missverständnisse und dass man da nicht noch irgendwie auf das Deutsch achten muss, weil es gibt im Büro, im Arbeitsalltag einfach sehr viel Stress und so weiter und da möchte man nicht noch gucken, dass der andere einen auch wirklich versteht und man alles doppelt sagen muss oder so. Und dass die Person sich natürlich auch ohne Probleme ausdrücken kann. Und dafür ist es teilweise meiner Meinung nach im B2 einfach noch nicht so weit. Und C1 stellt dann schon eher so einen Meilenstein dar, wo man sagen kann, okay, C1 ist wirklich sehr gut für eine Leitposition, für einen sehr guten Job, wo man auch gut verdienen kann.
So, als nächstes fragst du dich vielleicht, okay, natürlich möchte ich auch arbeiten und einen guten Job damit bekommen, aber erstmal möchte ich doch gerne studieren. Und kann ich das denn überhaupt mit meinem C1? Die Antwort hierzu ist Jein. Blöde Antwort, ich weiß, aber es ist einfach so, dass in Deutschland nur 40% der Universitäten C1 akzeptieren. Und Vorsicht, das möchte ich dazu sagen, es reicht womöglich einfach nicht aus. Am besten ist wirklich C2 und das ist nämlich bei allen Universitäten anerkannt. Das ist ja das höchste Niveau und das solltest du meiner Meinung nach auf jeden Fall in der Tasche haben für ein Studium. Aber hier nochmal wirklich Achtung, es bezieht sich jetzt auf das TELC-Zertifikat C1 Deutsch, das allgemeine C1-Zertifikat. Es ist nämlich so, dass in Deutschland nur das TELC C1 Hochschule anerkannt ist und nicht das TELC C1 Deutsch. Das heißt, wenn du jetzt Glück hast und du findest eine Universität, die C1 akzeptiert, dann kommst du mit deinem TELC C1 Deutsch Zertifikat nicht weit, sondern du brauchst das TELC C1 Hochschule. Das haben wir uns am Anfang angeschaut bei den verschiedenen Prüfungen, weil das doch nochmal teilweise anders aufgebaut ist, andere Themen hat. TELC C1 Deutsch ist sehr allgemein gehalten, sag ich mal. Und da solltest du wirklich drauf achten. Außerdem ist es auch so, dass Universitäten ihre eigenen Regelungen machen. Es kann also sein, dass eine Universität sagt, wir akzeptieren C1, aber wir haben eine interne Prüfung, die du ablegen musst. Also, schau auf jeden Fall erstmal, für welche Universität du dich interessierst, für welchen Studiengang und dann guckst du, welche Prüfungen da anerkannt sind. Also nicht einfach losgehen und TELC C1 Deutsch machen, weil das bringt dir schon mal gar nichts. Oder das TELC C1 Hochschule, weil dann stehst du vielleicht da und sagst, ach, ich möchte eigentlich hier studieren, aber hier ist das gar nicht anerkannt. Und dann hast du es sozusagen umsonst gemacht. Also informiere dich richtig. Schaue, ob du überhaupt mit C1 da reinkommst und welche Prüfung in der Universität anerkannt ist, weil es überall ein bisschen anders ist. Falls du jetzt noch nicht das Niveau hast, was die Universität möchte, dann gibt es die Möglichkeit, dass du in ein Studienkolleg aufgenommen wirst. Das geht teilweise ab B2, ab C1, ab C2 brauchst du es ja dann nicht mehr. Und diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass du schon ein bisschen früher mit dem Studium anfangen kannst. Und das erzähle ich dir jetzt noch ein bisschen genauer. Was ist also überhaupt ein Studienkolleg? Wir lesen uns das mal gemeinsam durch. Das Studienkolleg ist eine Bildungseinrichtung, die ausländischen Schülern, die an einer deutschen Universität studieren wollen, hilft, sich richtig darauf vorzubereiten. Manchmal wird nämlich der ausländische Schulabschluss nicht anerkannt, da es nicht dem deutschen Abitur gleichgestellt ist. Dann können die Schüler mit einem B2 Deutschniveau, teilweise auch mit einem C1, aber das gibt es oft schon mit B2, in das Studienkolleg aufgenommen werden und schon 2 Semester, also ein Jahr lang, Kurse besuchen, die sie auf eine Feststellungsprüfung vorbereiten. Dabei können sie schon verschiedene Kurse wählen, die mit ihrem späteren Studienfach zu tun haben. Und somit müssen sie dann später auch das C1 oder das C2-Niveau erlangen, dementsprechend, was die Universität möchte. Sowie halt diese Feststellungsprüfung bestehen, um offiziell an der Universität oder der Fachhochschule studieren zu können. Das liegt natürlich auch wieder alles an der Universität, aber das ist auch nochmal so ein Wort, was du dir einprägen kannst. Wenn du dich informierst über die Prüfung und so weiter an der Universität, dann frag doch auch mal, ob es die Möglichkeit gibt, bei einem Studienkolleg mitzumachen, ob es sich für dich lohnen würde. Ansonsten würde ich dir trotzdem immer raten, vielleicht einfach das Studium noch ein Semester wegzuschieben und das C2 noch zu machen. Ja, weil es ist wirklich so, ich studiere selber, ich weiß, wie es ist, ich habe manchmal Bücher vor mir liegen, ich muss die Texte selber als Muttersprachler, als gebildete Frau und Muttersprachler in Deutschland, muss ich mir manchmal die Texte teilweise zweimal durchlesen, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du dann da sitzt und musst einzelne Wörter noch übersetzen oder verstehst den Satzbau nicht so richtig, was gemeint ist, dann passiert es schon sehr schnell, dass man da verzweifeln kann. Und dann
kriegt man schlechte Noten und alles ist so schwierig und man hat vielleicht auch gar keine Lust mehr. Ich finde Studieren eine super Sache und wenn du das möchtest, dann bitte, bitte, bitte probier das doch, weil Studieren ist einfach sehr, sehr wichtig, finde ich. Und deswegen lege ich dir es wirklich ans Herz. Wenn du die Zeit hast und du bist jetzt nicht schon älter und sagst, ich brauche jetzt unbedingt das Studium ganz schnell, sondern du hast vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dann schieb das Studium weg, mach einfach erstmal das C2, dann bist du auf der sicheren Seite und dann wirst du auch wirklich erfolgreich sein. Aber wie gesagt, das Studienkolleg ist auch eine gute Möglichkeit, weil du einfach diese Kurse, die du sowieso belegen würdest, schon machst und aber gleichzeitig in diesem Jahr auch die Zeit hast, noch dein Deutsch zu verbessern. Du hast dann halt nochmal so eine Prüfung, die du normalerweise nicht hättest, aber das ist wirklich eine gute Möglichkeit, auch an deinem Deutsch zu arbeiten in dieser Zeit. Und du hast nebenbei sogar noch ein bisschen was für deinen Studiengang schon gelernt. Also das ist eine gute Möglichkeit. Informier dich und ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Glück dabei. So, wir hatten jetzt über das Studium und so weiter gesprochen, wo es da auch in Deutschland an den Universitäten anerkannt ist. Aber vielleicht brauchst du das TAKE-Zertifikat für was anderes und da gucken wir mal, wo es da noch so anerkannt ist. Also, es gibt ja, das TAKE-Zertifikat ist besonders bekannt in Deutschland für die Integrationskurse und die Aufenthaltstitel. Das bezieht sich alles auf B1 und die arbeiten mit der Bundesregierung zusammen. Also TAKE ist wirklich eine Riesenfirma in Deutschland für diese Sprachzertifikate und sind überall also bekannt. Ja, jeder kennt die. Und weltweit ist es auch so, dass TAKE einfach bekannt ist und auch ganz viel anerkannt ist bei vielen Unternehmen, Schulen, Universitäten und so weiter. Das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf TAKE Deutsch, das kann auch TAKE Englisch, Türkisch oder was auch immer sein. TAKE ist wirklich in der ganzen Welt unterwegs mit ganz vielen Sprachen und da sehr bekannt. In Deutschland hast du halt auch noch die Möglichkeit mit dem TAKE-Zertifikat, dass man da einmal das Allgemeine natürlich machen kann und dann auch für den Beruf oder sogar für die speziellen Berufe. Wie wir gesehen haben, Pflege, Medizin, da gibt es diese Prüfungen für B2 und C1, ja, oder C1 Berufe und das kannst du dann auch super gut in Deutschland verwenden und es ist wirklich so, dass viele Arbeitgeber dieses TAKE-Zertifikat als ein Plus ansehen und das gibt dir natürlich nochmal so ein Ass im Ärmel, ja, eine gute Chance, auch einen sehr gut bezahlten Job zu finden. So, jetzt haben wir sehr viel über die Anerkennung und so weiter gesprochen. Jetzt gucken wir mal, wie so eine Prüfung überhaupt aussieht. Also, wie schon gesagt, es gibt die verschiedenen Prüfungen, die du am Anfang gesehen hast, aber im Allgemeinen sind diese Prüfungen eigentlich alle gleich aufgebaut. Die unterscheiden sich dann bezüglich des Niveaus, des Sprachniveaus und des speziellen Faches, also Pflege, Medizin oder Allgemeinberufe und so. Da unterscheidet sich das dann schon. Hier gucken wir uns jetzt die C1-Prüfung, die ganz normale TAKE-Zertifikat C1 Deutsch an. So, wir haben also, wie du siehst, verschiedene Teile. Wir gucken uns das jetzt mal Schritt für Schritt einfach an. Da an der Seite siehst du auch, wie lange diese Prüfungen dauern und wie viele Punkte du bekommst. Aber die Punkte, guck dir das jetzt erstmal nicht an, es ist nicht so wichtig. Die Zeit ist vielleicht ein bisschen interessanter. Und wie du siehst, haben wir hier, wenn du da drüben links guckst, steht da schriftliche Prüfung. In die schriftliche Prüfung gehört das Leseverstehen, die Sprachbausteine, dann hast du eine Pause, dann kommt noch das Hörverstehen und natürlich auch noch der schriftliche Ausdruck, wo du was schreiben sollst. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Ganz am Anfang hast du also das Leseverstehen und die Sprachbausteine. Und wenn du da drüben guckst bei der Zeit, siehst du, dass du 90 Minuten Zeit hast für diese beiden Subtests. Ja? Leseverstehen und Sprachbausteine. Die kannst du dir selber einteilen und da solltest du ein gutes Zeitmanagement haben.
Damit du eine Idee hast, worum es da genau geht, wie die Aufgaben aussehen, wie du mit dem Zeitmanagement am besten vorgehen solltest und so weiter, kannst du später dir auch nochmal, jetzt vielleicht direkt danach, auch zu dem bestimmten Teil ein Video anschauen. Es gibt also zu jedem Teil, den du hier siehst, ein eigenes Video und da gebe ich dir Tipps und Tricks, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und so weiter. Wir machen eine Übung und du siehst, wie die Aufgaben aussehen und so weiter. Also schau dir das an und dann weißt du auch direkt genau, worum es geht. Ja? Hier ist jetzt einfach nur mal so eine Übersicht, ein Überblick. Also wie du siehst, wir haben Leseverstehen und Sprachbausteine. Für die hast du 90 Minuten Zeit und im Leseverstehen haben wir eine Textrekonstruktion, dann ein selektives Verstehen und Detailverstehen. Dazu hast du jeweils entweder Zuordnungsaufgaben oder so Aufgaben mit richtig oder falsch, beziehungsweise steht nicht im Text. Und dann gibt es auch noch das globale Verstehen. Also, was das alles bedeutet, wie das genau aussieht, schau dir das einfach im Video genauer an. Okay? Dann bei den Sprachbausteinen geht es um Grammatik und Lexik. Da gibt es Multiple-Choice-Aufgaben dazu. Und genau, gucken wir weiter. Danach hast du dann erstmal eine Pause von 20 Minuten. Im nächsten Teil geht es dann los mit Hören und dann gibt es auch noch den schriftlichen Ausdruck. Hören dauert ca. 40 Minuten und der schriftliche Ausdruck dann 70 Minuten. Im Hören haben wir wieder dieses globale Verstehen, das Detailverstehen und Informationstransfer, wo man Informationen ergänzen soll. Wie du siehst, beim Detailverstehen hat man auch wieder Multiple-Choice-Aufgaben und beim Globalverstehen Zuordnungsaufgaben. Im schriftlichen Ausdruck gibt es eine einzige Aufgabe, das ist ein Teil, da sollst du einen Text schreiben, also eine Erörterung oder eine Stellungnahme oder sowas. Und ich bin mir sicher, das ist ein etwas längerer Text, weil hier nur eine einzige Aufgabe ist und dafür hast du 70 Minuten Zeit. Im nächsten Teil, das ist dann sozusagen eine Extraprüfung, ja, die zählt da zwar mit rein, aber das ist wie eine Extraprüfung sozusagen. Für die hast du 20 Minuten Vorbereitungszeit und dann 16 Minuten in der Prüfung. Und in der Prüfung hast du, hier siehst du auch Paarprüfung. Du hast also einen Partner, einen Gesprächspartner, mit dem du diese Prüfung machst. Falls da kein Partner dabei sein sollte, machst du das dann mit einem Prüfer. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass du zum Beispiel bei der Präsentation erstmal etwas produzierst, also du sprichst erstmal selber wie eine Art Vortrag oder so. Dann gibt es dazu noch Fragen, also da muss man auch wieder dialogisch antworten und spontan sein. Und dann gibt es noch eine Diskussion, wo du dann mit deinem Partner dialogisch sprechen sollst. Interaktion heißt das dann. Also wir haben einmal etwas, wo du alleine sprichst, dann gibt es Fragen und Antworten und dann gibt es nochmal einen Teil, wo du ein Gespräch führen sollst. Und das Ganze geschieht halt in einer Paarprüfung mit einem Partner. So, jetzt können wir uns noch mal ganz kurz die Punkte dazu angucken. Du kannst gerne das Video pausieren und es dir genauer anschauen. Aber bevor du die eigentliche Prüfung nicht mal richtig gesehen hast und so weiter, dürfte dich jetzt das nicht unbedingt interessieren. Aber was vielleicht wichtig ist, ist hier die Gewichtung am Ende. Ja? Also ganz rechts siehst du Gewichtung. Da siehst du, dass die Sprachbausteine zum Beispiel nur 10% von der ganzen Note sind. Also nicht so viel. Und nochmal zur Information, bei den Sprachbausteinen ging es direkt um Grammatik. Also wenn du da Fehler hast, ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich weiß, dass viele Schüler Angst haben vor Grammatik. Aber wie du siehst, es sind nur 10%. Also nicht so schlimm, keine Angst. Aber der Rest, wie du siehst, Leseverstehen, Hörverstehen und dann auch der schriftliche Ausdruck, die haben die gleiche Gewichtung. Es sind alle bei 22,5%. Und der mündliche Ausdruck dann auch nochmal insgesamt 22,5%. Das Ganze wird dann zusammengerechnet zu 100%. Das heißt, du hast einmal ein Teilergebnis der schriftlichen Prüfung und dann hast du ein Teilergebnis der mündlichen Prüfung. Und da siehst du jetzt die Punkte. Einmal die schriftliche Prüfung hat 166 Punkte, die mündliche Prüfung 48.
Und so wird das dann geregelt. Also du hast jetzt nicht, dass die mündliche Prüfung 50% zählt oder so. Wenn du sagst, oh, ich bin im Mündlichen so schlecht, ist das jetzt nicht so schlimm, aber wir gucken uns mal die Noten an. Hier siehst du das Gesamtergebnis dann am Ende, also wie du oben nochmal siehst. Wir haben insgesamt 214 Punkte. Das heißt, um die Prüfung zu bestehen, brauchst du 128, dieses ausreichend da unten. Unter 128 hast du dann nicht bestanden. Und das ist ja fast ja, die Hälfte. Also ich glaube, das kriegt man hin. Ja, es ist nicht so schwer, besonders wenn du dich halt gut vorbereitest, und unsere Videos sollten dir da wirklich ja, eine Hilfe sein. Und wir gucken jetzt aber noch mal ein Stück weiter. Und zwar ist es wirklich so, also wer erhält überhaupt ein Zertifikat? Um das TELC Deutsch C1 zu erhalten, muss die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mindestens 128 Punkte erreichen. Das haben wir schon mal gesehen. Ja? Gleichzeitig aber, hier kommt jetzt der Clou, gleichzeitig ist zu beachten, dass sowohl in der mündlichen Prüfung als auch in der schriftlichen Prüfung 60% der jeweils möglichen Höchstpunktzahl erreicht werden. Dies entspricht 29 Punkten in der mündlichen Prüfung und 99 Punkten in der schriftlichen Prüfung. Das heißt also, wenn du jetzt die mündliche Prüfung mit 0 Punkten hast und deine schriftliche Prüfung mit 166 Punkte, dann denke bitte nicht, dass du dann bei dem befriedigend liegst, sondern dann bist du die mündliche Prüfung halt durchgefallen. Du musst also, wie du siehst, es ist sozusagen du musst es wie 2 Prüfungen sehen. Du hast einmal die schriftliche Prüfung und die mündliche Prüfung. Und du musst beide bestehen, indem du 60% bekommst. Ja, das sind bei der mündlichen Prüfung 29 Punkte mindestens und bei der schriftlichen Prüfung 99 Punkte mindestens. Das heißt aber, dein Gesamtergebnis entspricht dann aber zum Beispiel, sagen wir, du bist in der mündlichen Prüfung schlecht und du hast aber die 29 Punkte, dann hast du in der schriftlichen vielleicht ein paar mehr. Und dann hast du vielleicht, ja, dann sieht es natürlich insgesamt für dich besser aus. Ja, dann hast du insgesamt eine bessere Note. Aber du musst halt beide einzelnen Teilprüfungen sozusagen mit 60% bestehen. Die gute Nachricht aber dazu ist, man kann die Prüfung wiederholen. Die Prüfung TELC Deutsch C1 kann als Ganzes beliebig oft wiederholt werden. Beliebig oft. Kostet natürlich Geld, aber du kannst so lange wiederholen, bis du es einfach geschafft hast. Und falls nur die mündliche Prüfung oder nur die schriftliche Prüfung nicht bestanden wurden, kann der jeweilige Prüfungsteil bis zum Ablauf des auf die Prüfung folgenden Kalenderjahres wiederholt werden. Diese Frist gilt auch für das Nachholen eines Prüfungsteils, falls einer der Termine nicht wahrgenommen werden konnte. Okay, du kannst also diesen Prüfungsteil nochmal wiederholen und zum Beispiel, du hast die schriftliche Prüfung geschafft, nur die mündliche nicht oder andersrum, dann musst du nicht alles nochmal machen, sondern halt jeweils diesen einen Teil. Und ich glaube, das ist wirklich super. Und da kannst du dich direkt dann nochmal auf das eine konzentrieren. So, ich hoffe natürlich, dass du die Prüfung schaffst. Ich hoffe auch, dass wir zusammen ein bisschen üben können und ich dich gut vorbereiten kann. Deswegen erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ob das jetzt die einzelnen Prüfungsvorbereitungen sind oder ob das vielleicht sogar die C2-Prüfung ist. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und ich bin mir sicher, deine Kommilitonen oder deine Arbeitskollegen, die freuen sich schon auf dich. Hat dir das Video gefallen? Super, dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in den anderen Videos auch wiedersehen, denn da gehen wir das TELC-Zertifikat C1 Schritt für Schritt durch, die einzelnen Teile. Also bleib am Ball und wir sehen uns in den anderen Videos wieder. Bist du bereit, dich gut für die Prüfung vorzubereiten? Dann legen wir gleich los mit dem TELC-Zertifikat C1 Schreiben Teil 1. Klick doch mal gleich hier oben, denn da geht es direkt weiter zum nächsten Video. Wenn du dir andere Teile anschauen willst, dann schau dir doch mal unsere Liste an. Da ist alles aufgelistet und da kannst du auch direkt draufklicken.
Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also bis dahin. Ciao! Außerdem habe ich dir Übungsmaterial in Form von PDFs zum Herunterladen bereitgestellt. Und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also, es lohnt sich. Bleib dran und viel Spaß! Und damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, solltest du hier unten gleich auf Abonnieren klicken. Und dann können wir auch schon loslegen. Werde zum Autor. Und darum geht es nämlich in der TELC-Prüfung C1 im Teil Schreiben. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung C1 Schreiben. Und schon legen wir auch los. Ich möchte dir erstmal zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Du siehst ganz am Anfang einen Überblick, wo wir uns den Ablauf der Prüfung kurz anschauen und die Bewertung dazu. Und danach zeige ich dir, wie du dich schon gut zu Hause auch vorbereiten kannst. Danach gebe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in der Prüfung vorgehen solltest. Dann gucken wir uns noch ein kleines Beispiel dazu an und dann hast du es auch schon geschafft. Und wie versprochen gibt es am Ende noch einen Bonus. Also es lohnt sich bis zum Ende dabei zu sein. Legen wir los! Zunächst schauen wir uns erstmal einen Überblick über die Prüfung an sich an, wie sie abläuft und wie die Bewertung ist. Also, vielleicht hast du die Prüfung noch nicht gesehen und fragst dich, was wird denn hier überhaupt getestet? Und zwar bekommst du 2 Themen und dazu gibt es 4 Leitpunkte. Und dann hast du 70 Minuten Zeit, einen Text zu schreiben mit 350 Wörtern. Vielleicht fragst du dich auch, worauf hier überhaupt geachtet wird. Und zwar gibt es prüfungsinterne Kriterien und die richten sich auch nach dem GER, dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Und diesen Referenzrahmen findest du auch im Internet und kannst du dir gerne einfach mal durchlesen. Da gibt es allgemeine Informationen zu, was du als C1-Kandidat, Prüfling alles so können musst. Sowie ist das nochmal aufgeteilt in schriftlich, sprechen, lesen, hören. Und da kannst du nochmal genau nachlesen, was eigentlich von dir verlangt wird. Du findest auch in der PDF zum Herunterladen unter diesem Video in einem Link eine Modellprüfung. Da siehst du ganz genau, was gefragt wird. Und es gibt dann auch noch eine PDF mit den prüfungsinternen Kriterien. Die schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Hier siehst du also einen Überblick zum schriftlichen Ausdruck, diese Bewertungskriterien, die prüfungsinternen. Das heißt, der Prüfer wird natürlich, wir haben jetzt nicht nur A, B, C oder ja, wie wenn es eine Multiple-Choice-Aufgabe ist, dann ist es ja einfach, das zu bewerten, einfach richtig oder falsch. Aber hier beim Schriftlichen muss man ja nach bestimmten Kriterien schauen. Und das sind die Kriterien, wonach die Prüfer schauen. Wenn du dir die PDF herunterlädst, dann kannst du dir das nochmal genau durchlesen. Das ist dort alles nochmal genau aufgeschrieben für jedes Kriterium. Hier ist nur eine Übersicht. Also lad's die ruhig mal runter und lese es dir in Ruhe durch. Wir gucken uns einfach ganz kurz diese 4 an. Und zwar geht es einmal um die Aufgabengerechtheit. Also hast du diesen roten Faden in deiner Aufgabenstellung, das erzähle ich dir gleich nochmal. Hast du alles richtig, ja, die Aufgabe richtig gelöst? Dann gucken sie nach der Korrektheit, also stimmt die Grammatik, stimmt ja, Morphologie, Syntax und so weiter, ja. Dann wird auch geguckt, Repertoire. Da geht es darum, wie du dich gut ausdrücken kannst. Hast du einen guten Wortschatz? Benutzt du komplexe Satzformen und so weiter? Und dann noch die kommunikative Gestaltung. Dabei geht es darum, dass du deine Sätze, deine Ideen gut verknüpfst und auch weißt, wie du sie verknüpfst. Also nicht immer nur das Wort und oder so benutzt, sondern verschiedene Redemittel und Konnektoren benutzt. Und die gucken wir uns auch noch an. Also gerne das Video kurz pausieren, dir das durchlesen, die PDF herunterladen und erstmal schauen, worauf wird hier geachtet bei der Bewertung, bevor du dir dann die Prüfung direkt anschaust, wenn du das möchtest. Wir gehen direkt weiter. Und zwar möchte ich dir jetzt zeigen, wie du dich zu Hause gut vorbereiten kannst für das TELC-Zertifikat C1 schriftlicher Ausdruck schreiben. Los geht's!
Also eine gute Sache, die, wenn du meine Videos schon kennst, das hast du schon ein paar Mal von mir gehört wahrscheinlich, Vorwissen und Wortschatz. Das sind so zwei Sachen, die gehören zusammen eigentlich, weil je mehr Wissen du dir aneignest, umso erweiterter wird dein Wortschatz natürlich. Und das ist einfach so eine Sache, die brauchst du überall. Das ist nicht nur für die schriftliche Prüfung wichtig, sondern einfach für alle Gebiete der Prüfung und auch für dich selber, einfach für dich persönlich, im Alltag und im Beruf. Und das kannst du machen, indem du Nachrichten schaust oder hörst, ja, die Zeitung liest, Dokumentationen anschaust oder hörst. Also es ist wichtig, alle Ebenen mit reinzubringen. Und dann solltest du wirklich darauf achten, dass du dich jetzt nicht nur für Sachen, ja, für Sachen deinen Wortschatz oder dein Wissen erweiterst, die du eigentlich schon kennst, für die du dich interessierst, sondern auch mal Themen aufgreifst, die erstens aktuell sind, weil das wird auch gerne abgefragt, aktuelle Themen und aber auch Themen, die für dich vielleicht schwierig sind und vielleicht sogar uninteressant. Weil gerade in diesen Themen, da bin ich mir sicher, da hast du vielleicht nicht so viel Wissen und deswegen halt auch nicht so einen großen Wortschatz. Aber stell dir vor, du interessierst dich jetzt nicht für Elektroautos und vegane Ernährung. Zum Beispiel, ja, interessiert dich nicht, da hast du nicht so einen großen Wortschatz für. Und dann bist du in der Prüfung und du hast deine zwei Themen vor dir liegen und die haben mit Elektroautos und veganer Ernährung zu tun. Was machst du dann? Du dachtest vielleicht, du bist gut vorbereitet, aber in dem Moment stehst du dann da und sagst, oh Gott, wie soll ich da jetzt 350 Wörter drüber schreiben, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Thema. Und da dir auch kein Text gegeben ist, der dir Informationen gibt und so weiter, dann hast du wirklich ein Problem. Also, bereite dich gut vor. Vorwissen ist super für dich selber, also allgemein einfach Wissen erweitern und die Wörter und so, die Wörter, die dir vielleicht schwierig fallen und so weiter, die kannst du dir aufschreiben, aber lern die bitte nicht einfach auswendig, weil das vergisst du sowieso, das kann man sich dann nicht merken. Versuch die in deinen Alltag zu integrieren. Such dir einfach mal 2, 3 Wörter aus, die dir schwierig fallen, wo du sagst, ich kann die irgendwie nicht richtig benutzen oder so, ja, ich kann mir die nicht merken. Dann schreib dir die auf und sag, für diesen Tag werde ich jetzt dieses Wort benutzen. Ob ich das schreibe, ob ich das sage, und egal, ja, einfach mal versuchen, das zu benutzen und in deinen Alltag einzubauen. Und somit, ja, prägt man sich diese Sachen einfach viel besser ein. Und damit bist du dann auch schon mal super vorbereitet für alle Gebiete der Prüfung. Als nächstes ist es immer gut, Redemittel und Konnektoren sich anzuschauen. Da gibt es auch wieder eine PDF zum Herunterladen. Wie du siehst, ist hier so eine Aufteilung, die siehst du jetzt siehst du bei mir hier jetzt noch ein paar Mal wahrscheinlich. Und zwar wird dein Thema in Einleitung, Hauptteil und Schluss eingeteilt. Und der Hauptteil wird dann nochmal eingeteilt in deine 4 Leitpunkte. Die schauen wir uns gleich auch nochmal an. Aber auf jeden Fall gibt es für diese 4 Leitpunkte jeweils verschiedene Redemittel, die du schon im Vornherein dir mal anschauen kannst. Dann bist du schon mal gut vorbereitet dafür und die musst du dann in der Prüfung halt anpassen, ja? Das sind gute Satzanfänge, die deine Ideen verbinden. Da gibt es eine PDF, die du dir wieder herunterladen kannst. Da findest du all diese Redemittel. Und da suchst du dir einfach ein paar aus, die du dir vielleicht gut merken kannst. Und die kannst du dann in der Prüfung gut anwenden. Neben den Redemitteln gibt es auch noch die Konnektoren und die siehst du hier. Das sind so Wörter, die kannst du im Satz benutzen oder halt am Anfang des nächsten Satzes oder so und damit kannst du Ideen sehr schön verbinden. Deswegen Konnektoren, die verbinden Ideen. Und die gibt es halt für verschiedene Anwendungen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel für Zeit oder du willst etwas erklären und so weiter, ja. Da gibt es verschiedene Konnektoren, die du benutzen kannst. Du kannst es gerne einfach kurz pausieren, dir ein paar rausschreiben, aber die findest du auch überall im Internet und wenn du mal in deinem Deutschbuch guckst, da findest du sicherlich auch hinten im Grammatikteil oder im Wortschatzteil Informationen zu Konnektoren und Redemittel. Schau einfach nochmal in dein Deutschbuch. Da gibt es oft ganz hinten im Kursbuch oder in dem Arbeitsbuch hinten drin nochmal extra Kapitel, wo du auch solche Informationen findest. Genau. Machen wir weiter. Außerdem ist es wichtig, dass du, bevor du in die Prüfung reingehst,
weißt, wie du einen Text überhaupt aufbauen solltest. Das solltest du dir auf jeden Fall einprägen. Es ist jetzt nicht schwierig, sondern relativ einfach, aber das sollte dir auf jeden Fall im Hinterkopf bleiben, weil wenn du diese Aufteilung nicht hast, dann gibt es auf jeden Fall auch Punkteabzug. Du brauchst nämlich eine Einleitung, worin du das Thema kurz erläuterst, worum es allgemein geht. Und da gibst du sozusagen eine sehr knappe Zusammenfassung von dem, was du im Text erarbeiten möchtest. Als nächstes beginnt dann der Hauptteil. Das geht natürlich ineinander über. Du kannst dann einen Absatz dazwischen machen. Aber du sollst natürlich nicht sagen, jetzt beginnt mein Hauptteil oder so, ja. Das darfst du auf keinen Fall. Aber wie gesagt, da gibt es auch wieder Redemittel, die dir helfen, das alles schön einzuleiten. Und in diesen Hauptteil kommen deine Leitpunkte rein. Ich habe jetzt hier leider 5 Leitpunkte geschrieben. Ich habe Vorteile und Nachteile extra. Aber egal, auf jeden Fall kommen da deine Leitpunkte herein. Und die solltest du logisch aufbauen in deinem Hauptteil. Das heißt, versuche nicht mit deinen Ideen hin und her zu springen, sondern finde wirklich einen roten Faden durch deinen Text, damit der Leser dir folgen kann. Wenn du einen Text schreibst, solltest du immer auch mit an deinen Leser denken und nicht nur an dich selber, sondern es geht ja darum, dass die Person, die das liest, dir auch folgen kann. Im Schluss dann, am Ende deines Textes, solltest du dann nochmal in einem Satz einen Abschluss finden, indem du vielleicht deine erläuterten Argumente nochmal knapp zusammenfasst. Und dazu kannst du auch gerne so Zukunftsaussichten anführen. Und das zeige ich dir jetzt auch nochmal. Hier ist ein Beispiel. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier 5 Leitpunkte. Das ist egal, das hat jetzt mit der Prüfung an sich jetzt hier eigentlich nichts zu tun. Es ist einfach nur ein Beispiel. Ja, wir haben jetzt hier 5 Leitpunkte. Wie du siehst, Arbeitslosigkeit in Deutschland, geringe Ausbildungsplätze, Alternativen zur Ausbildung, 15% der jungen Menschen sind arbeitslos und dann nochmal eine Aufstellung von Ausbildung versus gegen Studium. Und da solltest du dann zum Beispiel überlegen, wie man diese Leitpunkte jetzt ordentlich aufbauen kann. Es wäre zum Beispiel jetzt nicht sehr logisch, wenn du mit Alternativen zur Ausbildung anfängst und dann über die Arbeitslosigkeit in Deutschland sprichst oder so. Ja, da fehlt so ein bisschen die logische Schlussfolgerung. Deswegen solltest du da wirklich aufpassen, dass das stimmt. Du kannst deine Leitpunkte natürlich so aufbauen, wie du möchtest, was als erstes kommt. Es muss aber eine logische Schlussfolgerung da sein. Und das ist jetzt ein Beispiel. Wie gesagt, es gibt jetzt hier kein richtig oder falsch. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber hier wäre zum Beispiel in den Ideen dann vielleicht auch eine logische Schlussfolgerung. Die muss natürlich da sein, ja? Genau. Und dann kannst du halt am Ende, wenn du das möchtest, am Schlussteil auch noch eine Art, so eine Zukunftsaussicht irgendwie mit einbringen. Und hier habe ich jetzt als Beispiel geschrieben, die Aufnahmemöglichkeiten in Universitäten sollten aus diesen Gründen angepasst und erleichtert werden, damit eine hohe Arbeitslosigkeit besonders bei jungen Menschen entgegengewirkt werden kann. Das ist so ein bisschen, da bringst du deine Meinung ein und noch so einen Lösungsvorschlag. Und das kann man ganz unten am Ende noch dazufügen. Als nächstes ist es wirklich wichtig, dass du lernst, wie man Notizen machst. Falls du das noch nicht kannst und keine geeignete Methode für dich selber hast, dann solltest du das wirklich üben, weil es kann wirklich sehr viel Zeit draufgehen, wenn du keine gute Methode für dich selber entwickelt hast. Und wir wollen natürlich keine Zeit verlieren. 70 Minuten ist zwar eine lange Zeit, aber wenn du dann erstmal schreibst und du musst nochmal lesen und überlegen und so, die Zeit geht so schnell rum. Im Fluge verfliegt diese Zeit, du merkst es gar nicht. Deswegen ist es wichtig, dass du genau weißt, wie du deine Notizen führst und wie du aus den Notizen dann einen Text machst. Also du solltest das auf jeden Fall zu Hause nochmal sehr gut üben. Und da ist es wichtig, dass du für dich selber eine gute Methode findest, mit der du gut klarkommst. Und mit dieser Methode, die für dich dann funktioniert, solltest du dann auch möglichst effizient deinen Text erstellen können. Das heißt, deine Notizen sollten folgende Punkte widerspiegeln. Die Textgliederung, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Die Leitpunkte, die im Text vorhanden sein sollten. Dabei gehört auch dazu, dass sie eine logische Schlussfolgerung darstellen, denn der Leser sollte dir ohne Probleme folgen können. Das haben wir schon gesagt. Redemittel wieder, die helfen hier wirklich dabei. Und sie sollten deine Ideen natürlich auf geeignete Weise darstellen. Und das Ganze kurz und knapp, weil wir haben wenig Zeit. Also keine langen Notizen, keine Sätze, bitte auf keinen Fall Sätze, die sollst du ja im Text dann machen. Und die Notizen so gut ordnen wie möglich. Für mich, ich sage das immer wieder in meinen Videos, Mindmaps.
auch wenn du die Mindmaps doof findest, probier es einfach mal. Probier mal und sei dabei so frei wie möglich. Lass deine Ideen mal laufen und mach einfach mal eine Mindmap-Übung. Nimm dir einfach ein Thema, egal was es ist, und lass deine Ideen fließen und mach einfach mal ein Mindmap. Ich glaube, wir wissen alle, wie so ein Mindmap aussieht. Wir gucken uns nachher auch noch eins an. Aber lass die Ideen fließen und mach einfach mal ein Mindmap. Und wenn du gelernt hast, wie man das macht und es gefällt dir vielleicht sogar, dann ist das eine super Methode, Notizen zu machen, weil da kannst du dann auch deine Ideen verbinden und so weiter. Und du hast einen super Überblick, weil du automatisch viel kürzere Notizen machst. Du kannst da gar keine Sätze schreiben bei einem Mindmap und du hast einfach einen super Überblick. Also, probier mal die Mindmaps, ansonsten Tabellen oder einfach Stichpunkte, wenn das zu dir passt. Nun sind wir in der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir helfen soll, in der Prüfung direkt gut vorzugehen und nicht durcheinander zu kommen. Im ersten Schritt die Qual der Wahl. Wir werden uns also anschauen, dass du natürlich aus diesen 2 Themen erstmal ein Thema aussuchen musst. Dann liest du die Aufgabe durch und unterstreichst ein paar Schlüsselwörter, wenn du das möchtest. Dann musst du Notizen machen, dann verfasst du deinen Text und ganz am Ende sollte man das Ganze nochmal prüfen. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch nochmal in einer PDF zum Herunterladen. Das kannst du dir herunterladen, ausdrucken und dann hast du das nochmal genau vor Augen. Du musst also jetzt nicht unbedingt mitschreiben oder so. Also im ersten Schritt die Qual der Wahl. Du hast also jetzt deine Aufgabenbeschreibung, da steht alles da und da hast du 2 Aufgaben und da solltest du dir eine aussuchen. Und da solltest du gucken, wozu fallen mir denn spontan Punkte ein? Also versuch jetzt nicht die ganze Aufgabe durchzulesen, sondern lies einfach mal so die Überschrift oder so. Wir gucken uns das auch nochmal an gleich. Einfach knapp durchlesen, ganz kurz und überlegen, habe ich da schon Ideen dazu? Habe ich Vorwissen zu diesem Thema? Habe ich auch einen guten Wortschatz zu diesem Thema? Und wenn du dich dann entschieden hast, geht's direkt über zum nächsten Schritt. Du hast dich also jetzt hoffentlich für ein Thema entscheiden können und das sollte dir wirklich nicht viel Zeit kosten. Wir haben nämlich wenig Zeit. Und jetzt solltest du dann die Aufgabe, also das Thema, auch richtig durchlesen. Detailliert durchlesen und die Schlüsselwörter unterstreichen. Schlüsselwörter, das kannst du dir eigentlich selber aussuchen, ob du das machen möchtest. Das kannst du während dem Lesen machen, damit du keine Zeit verschwendest. Wenn du das nicht möchtest, musst du das natürlich nicht machen, aber Schlüsselwörter helfen dir einfach so einen Überblick zu behalten, weil nachher, wenn du dann deine Notizen machst oder bist im Text und möchtest noch mal kurz zu der Aufgabenstellung rübergehen, dann hilft es dir einfach, dass du so einen kurzen Überblick hast, weil deine wichtigen Schlüsselwörter, die dann so ins Gesicht springen sozusagen, ja, wenn du diese Aufgabenstellung anschaust und du musst da nicht noch mal detailliert lesen. Dann solltest du deine Leitpunkte auch genau durchlesen und sicherstellen, dass du auch alles verstanden hast. Und dann kann es helfen, diese Leitpunkte auch mal chronologisch aufzulisten, weil wir wollen natürlich nicht, dass du irgendwas vergisst. Und genau, das ist dann auch sehr gut für deine Notizen. Denn im nächsten Schritt sind wir auch schon bei den Notizen angelangt. Die sind fast wichtiger als das Schreiben an sich. Das ist eigentlich fast der wichtigste Teil der Prüfung hier. Denn hast du ordentliche Notizen, hast du auch einen ordentlichen Text. Hast du also einen roten Faden in deinen Notizen, dann hast du sicherlich auch einen roten Faden in deinem Text. Hast du aber keine Notizen oder schlechte Notizen, dann wird es schwierig, einen konkreten und logischen Text daraus zu machen. Das heißt, halte deine Gliederung ein, also diese Teile des Textes, die solltest du einhalten, auch in deinen Notizen. Und den Hauptteil solltest du auch nochmal in die 4 Leitpunkte unterteilen. Dabei solltest du dich knapp halten und solltest dir deine Notizen auf jeden Fall effektiv nutzen. Und was auch eine gute Idee ist, wenn du die Redewendung nochmal notierst, an der Seite zum Beispiel, falls notwendig. Weil es ist wirklich, wenn du deinen Text schreibst und du bist in diesem Schreibfluss drinne, und dann denkst du, ach, jetzt möchte ich diese Idee verbinden und dir fällt die Redewendung nicht ein. Und du denkst nur noch über diese Redewendung, dann hast du deinen Faden verloren, dann bist du aus dem Schreibfluss raus. Und das ist gar nicht gut. Deswegen, wenn es dir schon schwierig gefallen, also wenn es dir allgemein schwierig fällt,
zu schreiben, Texte zu schreiben. Dann lern so ein paar Redewendungen einfach auswendig. Notiere dir sofort, wenn du das Aufgabenblatt bekommst, vielleicht gleich am Anfang, notiere diese Redewendungen und dann versuchst du die einfach in dem Text anzuwenden. Du kannst also zu diesen 4 Leitpunkten dir jeweils, wenn du das möchtest, jeweils 1 oder 2 Redewendungen einfach auswendig lernen und die sofort auf deinem Notizzettel notieren und die dann anwenden im Text. Dementsprechend natürlich anpassen in deinen Text. Und dann bist du auf der sicheren Seite, dass du nicht aus deinem Schreibfluss herauskommst und auf einmal da sitzt und hast alles vergessen. Ne? Das ist so ein guter Tipp von mir. Und genau, wie vorhin schon gesagt, auch eine geeignete Art von Notizen für dich selber finden. Also ich habe eben was von Mindmaps erzählt, das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben zwar diese 4 Leitpunkte, die passen jetzt nicht genau zu dieser Prüfung, aber das ist ja egal. Ich möchte dir nur mal ein Mindmap zeigen, ja, wie das aussehen kann. Da siehst du, wir haben Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und man soll sich natürlich auch ein bisschen was einfallen lassen für die Einleitung und für den Schluss. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall in meine Notizen mit reinbringen. Und wenn du nichts dazu schreibst, schreibst du nichts dazu, aber du hast es auf jeden Fall nochmal vor dir. Die Einleitung, die ist wichtig, die muss unbedingt da sein und der Schluss auch. Und im Hauptteil kannst du das dann aufteilen in diese 4 Hauptpunkte und das teilst du nochmal auf in deine Ideen. Und diese Ideen, das siehst du jetzt hier leider nicht, aber diese Ideen kann man dann auch nochmal miteinander verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz am Ende einen Gedanken habe, den ich mit meinem Schlussteil verbinden kann, dann kann ich da einfach einen Strich rüber machen und weiß, okay, das sollte ich kurz vorm Schluss sagen und dann kann ich das super miteinander verbinden. Und dann hast du einen guten Überblick, hast alle Informationen vor dir und das ist für mich wirklich, ich rate es dir, probier es einfach aus. Wenn es nichts für dich ist, lass es sein. Wenn es zu dir passt, mach ein Mindmap. Mindmaps sind klasse und genau, ich rate es dir wirklich, das einfach mal zu probieren. Im nächsten Schritt haben wir dann hoffentlich gute Notizen und dann sollten wir unseren Text verfassen. Und da nochmal, bleib ruhig. Aller Anfang ist schwer. Der Anfang kann wirklich etwas dauern. Es dauert immer eine Weile, bis man in diesen Schreibfluss hereinkommt. Da gibt es so eine Hemmschwelle. Das hat jeder. Ich selber habe Literatur studiert. Ich liebe es, Texte zu schreiben. Und man hat am Anfang immer das Problem, dass der Start etwas holprig ist. Es dauert eine Weile. Und wenn man dann aber erstmal in dem Schreibfluss drin ist, nach 1, 2 Sätzen oder so, dann läuft es. Ja, dann hat man diesen Fluss. Aber keine Angst, das wird bei dir vielleicht auch so sein. Du schaffst das. Du kannst im Notfall, wenn du dann angefangen hast zu schreiben und dein Schreibfluss kommt und so bis zum Ende oder so, kannst du natürlich die oberen Sätze auch vielleicht nochmal ändern, wenn du meinst, ach, jetzt passt es doch nicht, ich möchte es noch ein bisschen umschreiben oder so. Das geht natürlich, ne? Aber natürlich nicht zu sehr hin und her schmieren auf deinem Blatt, wo du dann deinen Text schreibst. Also da solltest du auf jeden Fall aufpassen. Deswegen ist es halt so wichtig, gute Notizen zu haben, damit du nicht zu viel durchstreichen musst oder so. Genau. Und im Text ganz wichtig, zwischen deinen Ideen oder deinen Leitpunkten solltest du Absätze einfügen. Das heißt, du machst eine Leerzeile, damit es für den Leser einfach schöner zu lesen ist. Du hast eine gute Struktur im Text dadurch und weiterhin solltest du deine Gedanken dann auch noch gut miteinander verbinden. Da kannst du, wie gesagt, diese Redemittel und Konnektoren benutzen. Und Vorsicht aber, deine Absätze sollten nicht deine Ideen unterbrechen. Ja? Es ist eine gute Möglichkeit, Redemittel zu benutzen am Anfang eines Absatzes, aber pass natürlich auf, dass deine Ideen dadurch nicht unterbrochen werden. Im letzten Schritt solltest du das Ganze dann nochmal überprüfen. Das heißt, du liest es nochmal durch und du checkst verschiedene Sachen. Als allererstes würde ich gucken, dass du den Aufbau hast. Das geht sehr, sehr schnell. Das hast du innerhalb von ein paar Sekunden. Siehst du, ich habe meine Einleitung, ich habe meinen Hauptteil, ich habe meinen Schluss. Okay, alles da? Gut. Dann guckst du nach deinen Leitpunkten im Hauptteil. Habe ich denn alles genannt? Und da ist es jetzt gut, wenn du dir drüben auf deinem Notizblatt diese 4 Leitpunkte schön aufgeschrieben hast. Bei einem Mindmap hast du dann nicht das Problem, dann siehst du deine 4 Leitpunkte. Ansonsten musst du dir die vielleicht nochmal hinschreiben und sehen, das waren die Leitpunkte, guckst nochmal im Text, habe ich das auch alles hier genannt? Gut.
Dann checke die Logik. Die Sätze müssen gut miteinander verbunden sein. Dann checkst du noch deine Rechtschreibung und am Ende checkst du noch die Grammatik. Sind die Verben da? Habe ich die richtigen Zeitformen? Habe ich die richtigen Artikel oder auch die richtigen Fälle und auch Adjektivendungen? Also da nochmal gucken. Nun ist es auch soweit und wir schauen uns ein Beispiel gemeinsam an. Also, wie du siehst, hier ist die eine Seite, die man da bekommt in der Prüfung. Die kannst du dir auch herunterladen als PDF. Und das ist das Aufgabenblatt. Mehr bekommst du gar nicht. Also du hast jetzt keinen Text, den du dir durchlesen kannst, eine Grafik oder sowas. Es wirklich nur die Aufgabenstellung. Danach wird dir ein Thema gegeben oder das zweite Thema, wo du dir dann eins aussuchen musst. Und das war's. Und nun gehen wir das Ganze Schritt für Schritt mal durch. Ganz oben auf dem Aufgabenblatt hast du die Aufgabe an sich. Die lesen wir mal ganz kurz gemeinsam durch. Wählen Sie eines der folgenden 2 Themen, schreiben Sie einen Text, in dem Sie Ihren eigenen Standpunkt dazu erarbeiten und argumentativ darlegen. Ihr Text soll etwa 350 Wörter umfassen. Sie haben 70 Minuten Zeit. Das wissen wir alles. Du kannst es also in der Prüfung einfach gekonnt ignorieren, was da oben steht. Wenn du sicher gehen willst, liest du es einfach nochmal durch. Es ist ja eine sehr kurze Aufgabenstellung, aber eigentlich brauchst du das dann nicht nochmal und du kannst direkt in den ersten Schritt übergehen. Denn hier hast du jetzt die Qual der Wahl. Du hast also beide Themen vorliegen und sollst die einfach erstmal überfliegen. Was ich machen würde, ist, dass du dir den ersten Teil des Themas erst einmal anschaust und den Rest gar nicht durchliest, weil du hast nicht so sehr viel Zeit und du sollst dich jetzt auch nicht darauf versteifen. Also, du liest einfach erstmal den Anfang, Thema 1. Ihre Lokalzeitung ruft die Leserinnen und Leser in regelmäßigen Abständen auf, sich kritisch mit einem kontroversen Thema auseinanderzusetzen und die eigene Meinung dazu darzulegen. Die Frage der Woche ist diesmal, soll man Geld spenden? Und das ist dein Thema. Soll man Geld spenden? Es geht also um Spenden von Geld. Und da sollte in deinem Kopf schon so ein paar Ideen kommen und vielleicht hast du schon ein gutes Gefühl oder doch eher ein schlechtes Gefühl. Das würde man erstmal stehen lassen, weil ich würde direkt dann auch mal das zweite Thema mir noch anschauen. Auch wenn das Thema 1 sehr, sehr gut für dich aussieht, guck doch Thema 2 trotzdem mal an und schau, ob das nicht vielleicht doch noch besser ist. Und gar nicht weiter lesen, auch nicht weiter überlegen, sondern erstmal die ersten Gefühle kommen lassen, die ersten Ideen und dann erstmal das Thema 2 noch anschauen. So, jetzt machst du dasselbe nochmal. Du liest einfach mal den ersten Teil von Thema 2 durch. In der Schule ihrer Kinder wird gerade die Frage diskutiert, ob Eltern die Handy- und Internetaktivitäten ihrer Kinder mit Hilfe von Überwachungssoftware kontrollieren sollten. Die Schulleiterin hat alle Eltern eingeladen, sich kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen und für die nächste Ausgabe der Schulzeitung eine Stellungnahme dazu zu verfassen. Okay, wir wissen also, es geht um die Überwachungssoftware von Kindern über Handy und Internet und darüber sollte man was schreiben. Genau. Und da hat man jetzt schon mal einen Überblick und jetzt sollte man sich halt entscheiden. Da, wo du die meisten Ideen hast, wo du sagst, oh, da kommen mir gleich ganz viele Ideen für Pro und Contra, da habe ich wirklich eine Meinung drüber. Vielleicht hast du selber ein Kind oder so. Oder vielleicht spendest du selber, dann ist vielleicht Thema 1 für dich. Also, wo du Erfahrung hast, wo du Vorwissen hast, wo du Wortschatz hast. Das solltest du dann vielleicht auch nehmen, dieses Thema. Und jetzt in diesem ersten Schritt dich auch gleich so schnell wie möglich eigentlich entscheiden. So, wir sind jetzt schon im zweiten Schritt und zwar sollen wir jetzt die Aufgabe lesen und Schlüsselwörter unterstreichen und wie du siehst, habe ich mich für Thema 2 entschieden, weil ich habe zum Beispiel selber Kinder, die sind zwar noch ein bisschen klein, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was aktuell ist. Ich habe auch eine Nichte und einen Neffen, die haben Handys, die sind schon ein bisschen älter. Also es ist so ein Thema, was mich interessiert und wo ich auch ein bisschen Erfahrung habe und einfach auch, was es um meinem Umfeld rum
so gibt halt. Und deswegen habe ich da schon ein paar Ideen im Kopf und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann auch für dieses Thema entschieden. Jetzt ist es soweit, dass du das Ganze nochmal lesen solltest, detailliert. Du kannst gerne den ersten Absatz nochmal lesen, am besten nochmal richtig detailliert und dich jetzt konzentrieren, weil du weißt jetzt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Und da kannst du dann gleichzeitig die Schlüsselwörter unterstreichen. Also lesen wir das Ganze nochmal. In der Schule ihrer Kinder wird gerade die Frage diskutiert, ob Eltern die Handy- und Internetaktivitäten ihrer Kinder mit Hilfe von Überwachungssoftware kontrollieren sollten. Die Schulleiterin hat alle Eltern eingeladen, sich kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen und für die nächste Ausgabe der Schulzeitung eine Stellungnahme dazu zu verfassen. Führen Sie Argumente an, legen Sie Vor- und Nachteile dar und begründen Sie am Schluss Ihre eigene Position. Die folgenden Aussagen geben Ihnen erste Ideen. Jetzt würde ich erstmal kurz stoppen. Ja, ich würde jetzt selber erst nochmal für mich überlegen, okay, welche Ideen kommen so in meinen Kopf rein? Ja, dann überlege ich nochmal, okay, ich muss Argumente geben, ich muss Vor- und Nachteile darlegen, meine Meinung sagen, also meine eigene Position heißt ja meine Meinung und diese dann auch begründen. Okay, jetzt gibt es sicherlich mehrere Eltern, die andere Ideen dazu haben, andere Meinungen haben. Und diese Aussagen, die jetzt hier stehen, die sollten mir bei meiner Argumentation helfen. Die erste Aussage ist, die Überwachung dient der Sicherheit der Kinder. Genau, das macht Sinn. Und die zweite Idee ist, auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Das stimmt auch. Und da kommen schon gleich Ideen in mir hoch, zum Beispiel, okay, Kinder, Privatsphäre, da kommt es auch ein bisschen auf das Alter drauf an. Natürlich möchten wir unsere Kinder beschützen, wir sollten sie aber nicht zu sehr beschützen. Als ich klein war, hatte ich auch kein Handy und so weiter, ja. Da kommen schon ganz viele Ideen auf und dann können wir direkt in den nächsten Schritt übergehen. Denn jetzt sollen wir unsere Notizen machen und zwar müssen wir da wieder aufpassen, dass wir auch unsere 4 Punkte drin haben. Und zwar ist das einmal die Argumente, die müssen wir darlegen, also unsere Ideen, die wir jetzt haben. Dann Vor- und Nachteile dieser ganzen Geschichte. Ja, da unten haben wir ja eigentlich schon 2 stehen, ein Vor- und ein Nachteil oder 2 Argumente, die wir schon benutzen können. Aber wir müssen natürlich noch ein paar mehr dazu finden. Aber wenn wir jetzt unsere Notizen machen, zum Beispiel in Form von einem Mindmap, kommen einem immer mal mehr Ideen zusammen und somit hat man dann so ein schönes Cluster mit Ideen, die einem helfen sollen, dann auch seinen Text zu schreiben. Und dann noch die Meinung soll man erläutern und die eigene Meinung auch noch begründen. Und das sind diese 4 Leitpunkte, die wir auf jeden Fall in unseren Text reinkriegen sollen. Das ist wichtig, dass wir das in unseren Notizen mit drin haben. Und natürlich auch, wie vorher schon gesagt, diese Einteilung, die Gliederung des Textes, dass wir einmal eine Einleitung haben, die 4 Punkte in den Hauptteil und dann nochmal einen Schlussteil. Was im Schlussteil steht, solltest du auch wirklich erst am Ende überlegen, nicht am Anfang, weil du, wenn du deinen Text schreibst, beziehungsweise wenn du deine Notizen dir jetzt schon ausdenkst, dann kommen dir immer mehr Ideen und zum Ende hin kannst du dann erst den Schluss schreiben. Also überleg gar nicht erst am Anfang, was schreibe ich denn dann am Ende oder so, sondern geh wirklich Schritt für Schritt vor. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Hier siehst du nochmal die Aufteilung, wie deine Notizen dann aufgeteilt werden sollten. Wie die Notizen aber dann aussehen, das liegt bei dir. Du kannst sie also in Mindmap-Form machen, du kannst auch eine Tabelle machen. Denk dir das vorher aus, probier das aus für dich selber und dann solltest du auch gut vorbereitet sein, solltest dann auch gute Notizen haben und dann geht's in den nächsten Schritt über. Denn jetzt ist es soweit und du sollst deinen Text verfassen. Da siehst du wieder diese Gliederung, die ist auch wieder wichtig, denn so sollte dein Text dann natürlich auch aufgegliedert sein. Ich habe jetzt hier keinen Text verfasst, weil es gibt ja eigentlich kein richtig und kein falsch. Du hast eine andere Meinung als ich vielleicht und so weiter. Deswegen ja, solltest du das einfach für dich selber üben. Und der Vorteil hier, was ich noch sagen möchte bei Home Studies, du kannst dir gerne einen Online-Unterricht einfach mal buchen.
wie viele Stunden du auch möchtest und einfach mit einem Lehrer das Ganze nochmal durchgehen. Wenn du sagst, ich bin in dem Schriftlichen nicht so gut, ich habe da wirklich noch Zweifel oder so, dann buch einfach mal einen Unterricht und dann bist du auf der sicheren Seite und dann könnt ihr das alles nochmal gemeinsam durchgehen. Am Ende solltest du das Ganze nochmal prüfen. Wie gesagt, hier auch wieder nach der Gliederung schauen, dass du alles drin hast. Die 4 Leitpunkte müssen drin sein. Und dann auch noch ein bisschen nach deiner Grammatik, Satzbau, Rechtschreibung und so weiter gucken. Und das solltest du dir alles in einem guten Zeitmanagement ermöglichen. Also du solltest wirklich darauf achten, dass du am Ende nach dem Schreiben noch ein paar Minuten zum Prüfen hast. Das ist ganz wichtig. So, und dann hast du es auch schon geschafft. Ich hoffe, du bist jetzt gut vorbereitet und die schriftliche Prüfung ist somit auch fertig, weil wir haben nur einen einzigen Teil in der schriftlichen Prüfung. Das heißt, du kannst jetzt relaxed in die anderen Teile übergehen. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich in den anderen Teilen auch wieder. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es noch den kleinen Bonus, den ich dir versprochen habe. Schreib doch mal deine Ideen einfach in Stichpunkte hier unten in die Kommentare und such dir eins von den beiden Themen einmal aus. Und die ersten 5 Kommentare bekommen auch noch eine kostenlose persönliche Korrektur. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit, es lohnt sich und wir sehen uns. Bist du bereit für den nächsten Teil der Take C1-Prüfung? Super, dann geh doch direkt zum nächsten Video rüber, denn da machen wir weiter mit Lesen Teil 1. Lust auf Puzzeln? Dann meistere eine Textrekonstruktion. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Take-Prüfung C1 Lesen Teil 1. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir ganz am Anfang, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar schauen wir uns am Anfang einen Überblick an zum Ablauf und der Bewertung. Danach zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut vorbereiten kannst. Dann schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Und zum Ende hin zeige ich dir noch ein Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß! Verschaffen wir uns also zunächst einen Überblick und schauen uns an, wie die Prüfung abläuft und wie sie bewertet wird. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, was wird denn hier überhaupt getestet? Und zwar bekommst du einen Text vorgelegt und dieser Text hat 6 Lücken. Jetzt die Beispiellücke weggelassen, ja? Der hat 6 Lücken. Und dazu werden dir auch 8 Sätze gegeben und die sollst du dann zuordnen und dafür hast du insgesamt 90 Minuten Zeit. Wie die Prüfung aussieht, kannst du dir gerne anschauen und zwar gibt es eine PDF zum Herunterladen, die findest du in dem Link unter diesem Video und da findest du den Modelltest zum TAKE-Zertifikat C1 Lesen Teil 1. Und dann fragst du dich vielleicht auch noch, worauf wird denn hier überhaupt geachtet? Und zwar gibt es da diesen GER, das ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen und der sagt dir ganz genau, was du als C1-Kandidat alles so können musst. Und der ist erstmal auch allgemein gefasst und aber auch unterteilt in die ganzen Prüfungsteile. Und da kannst du dir genau nachlesen, was du in Sachen Lesen als C1 alles so können musst. Also geh ins Internet und schau dir das einfach mal an. Da kannst du das alles in Ruhe dir durchlesen. So, jetzt weißt du ungefähr, wie die Prüfung aussieht. Jetzt sollst du dich zu Hause natürlich auch gut dafür vorbereiten können und dabei werde ich dir jetzt helfen. Legen wir los. Als allererstes ist es wichtig, wenn du dir Vorwissen und Wortschatz aneignest. Wenn du von mir andere Videos gesehen hast, dann hast du das schon ein paar Mal gehört und es ist nämlich wirklich so, dass es einfach ganz, ganz wichtig für dich ist. Und zwar ist das nicht nur für Lesen wichtig, sondern für alle Gebiete in der Prüfung brauchst du ein bestimmtes Vorwissen und einen bestimmten Wortschatz. Das ist natürlich in C1 höher als in den Niveaus davor. Und jetzt ist es auch wichtig, dass du halt auch ein Wissen besitzt, weil sobald du ein gutes Wissen über ein Thema hast, hast du automatisch auch mehr Wortschatz. Und das ist natürlich super hilfreich in einer Prüfung wie der C1-Prüfung, weil jetzt geht es nicht nur um alltägliche Sachen wie, keine Ahnung, deine Freunde und so weiter, sondern jetzt geht es um Themen, die wirklich auch schon ein bisschen gehobener sind. Und deswegen ist es wichtig, dass du das zu Hause übst und das auch weiterhin so machst. Und
Was ich auch sagen möchte, es ist nicht nur wichtig für die Prüfung an sich, sondern natürlich auch für dich selber, für deinen Alltag und für dich im Beruf einfach, für dich persönlich. Und das kannst du jetzt machen, indem du einfach Nachrichten liest, schaust, also die Zeitung auch liest, dir Dokumentationen anschaust oder auch anhörst. Ja, du kannst das so üben, wie du das möchtest, wo du sagst, ich muss hören üben, dann höre ich mir doch einfach mal eine Dokumentation an, anstatt sie mir anzuschauen. Es gibt auch so viele Sachen, es gibt Podcasts und Hörbücher und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die du machen kannst. Such dir einfach was raus, was zu dir passt. Aber passt dabei auch ein bisschen auf, dass du aktuelle Themen dir vielleicht auch aussuchst, die was mit, keine Ahnung, Politik zum Beispiel zu tun haben, mit Wirtschaft, einfach was halt auf der Welt gerade so los ist. Und such dir doch auch mal schwierige oder für dich auch uninteressante Themen aus. Weil es ist wirklich so, die Themen, die einen interessieren, da hat man natürlich ein bestimmtes Vorwissen und da hat man dann auch automatisch mehr Wortschatz. Die Themen, die einen nicht interessieren, da kann es dann passieren, dass man wirklich halt nicht so viel Ahnung hat und deswegen dann auch einen kleineren Wortschatz. Wenn du jetzt aber in der Prüfung sitzt und so etwas drankommt, ja, besonders vielleicht auch im Sprechen oder so, oder wenn du nachher, also in der schriftlichen Prüfung beim Schreiben, dann hast du natürlich ein Problem, weil du vielleicht überhaupt keine Ahnung von dem Thema hast. Jetzt beim Lesen geht es noch, weil du halt viel Informationen hast, die du ja durchs Lesen bekommst. Aber da, wo du dann wirklich produzieren musst, wie einen Text schreiben oder einen Vortrag halten oder eine Diskussion, da ist es natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn dir das Wissen fehlt. Und deswegen sage ich immer wieder, egal in welchem Teil der Prüfung, total egal, Vorwissen und Wortschatz erweitern. Und deswegen besonders auch aktuelle Themen, die halt in der Prüfung drankommen können und Themen, mit denen du dich einfach nicht auskennst. Schwierige oder auch uninteressante Themen. Und dann kannst du für den Wortschatz besonders dir die Wörter aufschreiben, die du nicht ganz verstehst, wo du nicht weißt, wie du die richtig benutzen kannst. Und dann versuchst du die mal in den Alltag zu integrieren und nicht einfach nur eine Vokabelliste auswendig lernen, weil das hilft dir wirklich wenig. Am Ende sitzt du in der Prüfung, hast die Wörter vergessen oder wirst du spätestens nach der Prüfung dann alle einfach vergessen. Deswegen versuch sie mal in deinen Alltag zu integrieren, das heißt, benutze sie. Schreib einen Brief, sprich mit jemandem darüber und so weiter. Ja, du kannst sie auch einfach mal selber aufnehmen und einen Vortrag halten zu irgendeinem Thema, was dir wirklich schwierig fällt, was zum Beispiel dran kommen könnte. Ich bin da immer Beispiel Elektroautos, erneuerbare Energien. Da bin ich jetzt nicht so der Held drin. Deswegen wäre das zum Beispiel ein Thema, was ich mir auf jeden Fall persönlich nochmal anschauen würde, damit ich auch wirklich den Wortschatz sitzen habe. Eine weitere Übung für dich, die dir hilfreich sein kann, ist das Skimming. Das kannst du zu Hause einfach schon mal üben. Und zwar ist das jetzt gar nicht so sehr wichtig für den Teil 1 des Leseverständnisses jetzt unbedingt, aber es ist auf jeden Fall in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei und es ist einfach wirklich hilfreich, wenn man das richtig kann. Also nimm dir einfach mal einen beliebigen Text aus der Zeitung, dein Deutschbuch, irgendeinen Internetartikel, total egal, und versuch einfach mal die Überschrift zu ignorieren, wenn möglich. Okay? Und dann überfliegst du mal den Text von oben links nach unten rechts. Das musst du nicht stur so machen. Du kannst auch die Absätze so überfliegen. Aber es sollte so ein bisschen von oben links nach unten rechts gehen. Ja, du kannst das per Absatz machen oder über den ganzen Text und einfach mal so drüber fliegen mit den Augen. Und das nennt man dann nämlich Skimming. Das ist das globale Lesen. Und dabei wirst du einfach die Hauptinformationen von dem Text herausziehen können. Und das ist einfach total praktisch, wenn man das kann. Und da gibt es bestimmte Regeln. Also, lies dir nicht Satz für Satz durch. Das wäre detailliertes Lesen. Das kommt zwar jetzt auch hier in der Prüfung vor, in diesem Teil, aber ganz am Anfang, jetzt geht es um das Skimmen, da solltest du nur drüber fliegen und nicht Satz für Satz jedes Wort lesen. Dann solltest du eher auf die wichtigen Wörter achten, wie zum Beispiel Substantive oder Verben, die dir so ins Gesicht springen sozusagen, die herausstechen, ja. Und wenn du den Inhalt dann immer noch nicht ganz herausgeskimmt hast, dann kannst du auch mal den ersten Satz von jedem Absatz knapp, schnell und durchlesen. Aber nicht detailliert. Ja, du musst jetzt nicht wirklich jedes Wort verstehen. Darum geht es nicht. Es geht nur um die Hauptinformation von deinem Text.
Und dann kannst du überlegen, was denn hier das Thema sein könnte und dann schaust du dir die Überschrift mal dazu an. Wenn du richtig gelegen hast, gut, super, dann hast du das Skimming gelernt. Wenn du falsch lagst, total falsch, dann musst du es nochmal üben. Also Texte überfliegen, einfach eine super Möglichkeit, eine Hauptinformation vom Text herauszukriegen. Und das ist einfach super für die ganzen Aufgaben in der Prüfung, wo du einen Text hast. Weil wenn du kurz überfliegst, dann siehst du halt auch, worum es ungefähr geht, ohne dir den Text genau durchzulesen. Und das sollte man einfach mal üben. Im nächsten Schritt oder meinem Tipp, wie du dich vorbereiten solltest, solltest du das Lesen üben. Das hört sich jetzt wirklich komisch an, oder? Ja, verstehe ich. Du bist C1, du kannst natürlich lesen, das ist mir klar. Aber es gibt manche Leute, die lesen nicht so gern, die lesen sehr selten oder die lesen einfach ein bisschen langsamer. Und deswegen ist es wirklich hilfreich, das mal ein bisschen zu üben, weil du musst in der Prüfung lange Texte rasch lesen können und das aber auch noch detailliert. Das heißt, du musst dich so gut fokussieren können, konzentrieren können, dass du fast alle Informationen da rauslesen kannst und du musst aber auch noch schnell dabei sein. Wir haben nämlich nicht sehr viel Zeit. Gerade halt auf dem C1-Niveau sind die Texte natürlich viel länger und vielleicht kannst du in deiner Muttersprache sehr schnell lesen, aber in Deutsch dann vielleicht doch ein bisschen langsamer. Und deswegen sollte man das einfach mal üben. Wie gesagt, vielleicht bist du ein langsamer Leser oder liest einfach nicht so oft. Üb doch einfach mal ein bisschen. Und das Gute dabei ist, ich habe dir ja eben schon gesagt, dass du dein Vorwissen, deinen Wortschatz und so ein bisschen verbessern solltest und das auch immer stetig tun solltest. Da gibt es eigentlich kein Ende zu. Ja, das ist auch bei mir so. Das ist auch in der Muttersprache so. Man soll sich natürlich immer weiterbilden. Das ist ganz wichtig. Und das Gute dabei ist, wenn du liest, dann verbesserst du gleichzeitig oder erweiterst dein Wissen, verbesserst deinen Wortschatz und deine Grammatik und so weiter. Also das ist natürlich super praktisch. Ja, das greift alles ineinander über. Und die Sache ist halt auch wirklich, dieses Lesen, das findest du nicht nur in dem Leseverständnis der Prüfung, sondern auch in den anderen. Also beim Hören zum Beispiel musst du auch schnell lesen können. Ja, und deswegen ist es einfach wichtig, dass du das für dich selber auch mal ein bisschen übst. Und das kannst du machen, indem du dir mal längere Zeitungsartikel suchst oder längere Texte und die dann vielleicht auch erstmal skimmst. Dann hast du gleich das Skimming geübt und dann liest du es nochmal detailliert. Dann suchst du dir auch noch irgendwie ein schwieriges Thema aus oder so. Und dann hast du komplett das, was ich dir eben schon erzählt habe, in einem halt geübt und hast das Lesen auch noch dazu geübt. Du sollst das Ganze komplett lesen und auf Details achten. Das ist ja das Wichtige, worum es geht. Also erstmal das Skimmen gerne üben und dann halt auch nochmal dieses detaillierte Lesen. Und das sollte halt ein bisschen schneller werden, damit du in der Prüfung mehr Zeit hast zum Überlegen und musst nicht so viel Zeit mit dem Lesen aufwenden. Und versuche dabei auch wirklich halt detailliert zu lesen und den Inhalt, die Zusammenhänge auch richtig zu verstehen. Und dann kannst du dir vielleicht auch noch ein paar Fragen zum Text stellen, die du dir dann beantworten musst, wo du nochmal im Text genau gucken musst, wo steht hier die Antwort dazu oder steht die überhaupt drin. Das wäre dann auch noch das selektive Lesen. Das hilft dir natürlich dann auch noch in der weiteren Prüfung. Und noch ein kleiner Tipp, dein Deutschbuch. Hol das doch einfach nochmal raus. Da hast du sicherlich längere Texte drin und die kannst du gerne einfach nochmal üben. Und die sind dann natürlich auch perfekt auf dem C1-Niveau für dich zurechtgeschnitten. Im nächsten Schritt in deiner Vorbereitung solltest du dir unbedingt, meiner Meinung nach, ein Markierungssystem mal ausdenken. Und zwar kann dir das wirklich helfen, Zeit zu sparen, damit du in der Prüfung halt nicht stecken bleibst. Und du solltest einfach für dich selber ein System finden, das zu dir passt. Also zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ja, das kannst du dir selber aussuchen. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, markierst du dir vielleicht ein Fragezeichen. Wenn du dir doch sicher bist, dann kannst du die Antwort einfach ganz knapp neben die Lücke schreiben oder ja, und fett unterstreichen oder ein Ausrufezeichen hinmachen, damit du weißt, okay, das habe ich schon gemacht. Diese Lücke, die brauche ich mir dann nicht nochmal anzugucken nachher, wenn ich mir den Text vielleicht nochmal durchlesen muss. Und das kann gut möglich sein, dass du den Text zweimal lesen musst. Und bei Lücken, wo du einfach nicht weißt,
wo du dir überhaupt nicht sicher bist, mach dir doch einfach mal zum Beispiel ein X hin. Ja? Und dann kannst du, weißt du später, hier muss ich unbedingt dann nochmal hin. Das muss ich mir dann nochmal in Ruhe durchlesen. Und da brauchst du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Verbringe aber auch nicht viel zu lange in der Prüfung, damit irgendwie was zu notieren und zu markieren, weil da rennt dir auch die Zeit davon. Deswegen denk dir so ein System für dich selber aus, was einfach effektiv ist und zeitlich auch passt. Und sobald du wirklich 100% sicher bist mit deiner Antwort, kannst du die natürlich auch vielleicht schon durchstreichen, ja, auf deinem Zettel. Also du hast ja 2 Blätter, du hast einmal den Text und dann hast du diese Sätze. Und wenn du weißt, der Satz, der gehört hier 100% hier rein, da bin ich mir ganz sicher, dann kannst du den auch schon mal wegstreichen und dann kannst du den nämlich bei den nächsten Lücken dann ignorieren. Also mach die Prüfung, übe die einmal durch, stoppe die Zeit dabei, ja, du brauchst ein gutes Zeitmanagement und denk dir halt einfach so ein Markierungssystem für dich aus, was zu dir passt, damit du nicht in der Prüfung da hin und her machst und da irgendwas hinzeichnest und da was schmierst und durchstreichst und so weiter. Sondern wenn du weißt, ich habe so ein System, ich mache mir mein Fragezeichen hier und das X bedeutet das und so weiter, dann bist du gut vorbereitet und kannst auch schneller arbeiten. So, jetzt haben wir uns gut vorbereitet. Jetzt gehen wir in die Schritt-für-Schritt-Anleitung rüber, wie du in der Prüfung vorgehen solltest. Also, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für das TELC-Zertifikat C1 Lesen Teil 1 findest du in einer PDF auch zum Herunterladen und diesen Link findest du unter diesem Video. Und wir schauen uns jetzt diese Schritte etwas genauer an. Die kannst du dir, wie gesagt, auch herunterladen, ausdrucken und dann hast du sie vor dir liegen. Du fängst an mit dem Skimming, das haben wir uns eben schon angeguckt. Dann liest du die Sätze und suchst nach Schlüsselwörtern. Dann liest du den Text detailliert durch. Dann solltest du dich entscheiden und den Satz zuordnen. Und dann wiederholst du diese Schritte mit der nächsten Lücke. Und dann solltest du das Ganze am Ende nochmal überprüfen. Der erste Schritt, das Skimming. Das solltest du jetzt eigentlich kennen, weil ich das in der Vorbereitung eben kurz erklärt habe. Du sollst also den Text erst einmal überfliegen. Die Aufgabenstellung kannst du eigentlich komplett beiseite lassen, die kannst du ignorieren, weil du weißt ja, worum es geht, du weißt, was du zu tun hast, weil du dich ja jetzt schon gut mit diesem Video vorbereitet hast und auch zu Hause geübt hast. Deswegen kannst du direkt in den Text übergehen und erst einmal den Text jetzt überfliegen. Fang nicht sofort an und lese ihn detailliert, sondern flieg einfach mal drüber, damit du einfach einen Überblick hast zum Thema, damit du erstmal weißt, worum es geht. Die Überschrift ist natürlich ein super Tipp. Lies dir die Überschrift durch, da weißt du normalerweise schon, worum es geht. Aber flieg mal so ein bisschen über den Text, dann hast du nämlich einen guten Überblick und du bekommst nämlich, wenn du den Text überfliegst und nicht nur die Überschrift liest, hast du auch Ideen zum Aufbau vom Text. Das heißt, du weißt dann schon ungefähr, wo was stehen könnte. Und das ist natürlich super hilfreich. Denn im nächsten Schritt sollst du die Sätze lesen und Schlüsselwörter dazu unterstreichen. Schlüsselwörter ist nicht zwingend, ist aber eine gute Methode, die ich dir ans Herz lege. Und auf dem zweiten Blatt, das du ja hast, du hast einmal den Text und dann hast du noch ein Blatt, wo die Sätze draufstehen. Und diese sollst du jetzt detailliert durchlesen. Und aber bitte nicht raten, wo das vielleicht schon hinpassen könnte. Also das ist wahrscheinlich die ganze Zeit im Hinterkopf, weil du ja den Text eben überflogen hast. Weißt du vielleicht, oh, das könnte da unten irgendwo hinpassen. Aber konzentriere dich einfach mal zunächst nur auf die Sätze. Ja? Wie gesagt, das ist vielleicht im Hinterkopf und das ist auch super, wenn du schon eine Idee hast. Aber jetzt nicht raten, dass das da und da reingehört, sondern konzentriere dich trotzdem erstmal nur auf die Sätze jetzt. Und dann, während du liest, also nicht lesen und dann Schlüsselwörter unterstreichen, sondern während du liest, kannst du schon markante Wörter unterstreichen. Und da du ja vorher geskimmt hast, dann hast du jetzt schon eine Ahnung vom Thema und weißt auch, welche Wörter, welche markanten Wörter jetzt wichtig sind. Und es wird dir einfach viel einfacher fallen, diese zu finden. Jetzt ist es soweit und du gehst zurück zu deinem Text und liest diesen detailliert durch. Langsam
und konzentriert den Text lesen. Bei langsam meine ich konzentriert Wort für Wort. Das heißt nicht, dass du jetzt sehr, sehr viel Zeit hast. Wir hatten ja gesagt, du musst eigentlich rasch lesen können. Bei langsam meine ich, konzentriere dich auf den Text und gehe Wort für Wort. Wir wollen jetzt nicht drüber fliegen oder so, sondern wir müssen jetzt detailliert lesen. Die Beispiellücke, die solltest du sozusagen überlesen. Die Antwort steht ja da. Du hast die Lücke und die Antwort steht bei deinen Sätzen oben drüber. Und diese Lösung fügst du jetzt einfach damit ein. Das heißt, wenn du den Text jetzt liest, kannst du diese erste Lücke da, diese Beispiellücke, da fügst du einfach jetzt diesen Satz ein und liest einfach weiter. Weil das ist eine gute Informationsquelle. Jetzt ist oft der erste Absatz oder so, wo diese Beispiellücke drin ist. Und lest den einfach mit, also füge jetzt diesen Satz in diese Lücke von dem Beispiel und liest dir das einfach normal durch, als wäre der Text normal so vor dir ohne Lücke in Sachen Beispiel. Und dann liest du das durch in aller Ruhe und konzentrierst dich gut und dann liest du bis zur ersten Lücke und den Satz danach. Ganz wichtig. Ich glaube, ganz viele Schüler oder ja, Prüflinge, die lesen bis zur Lücke und dann gucken die, was da reinpasst. Lies unbedingt den Satz danach. Und wenn du siehst, da ist ein ganzer Absatz danach, da kommt keine andere Lücke, die kommt erst weiter unten, dann kann es auch sein, dass du den ganzen Absatz vielleicht sogar lesen musst, um eine gute Idee zu kriegen, welcher Satz da jetzt reinpasst. Also auf jeden Fall den Satz danach, damit du eine gute Idee hast, was da genau reingehört. Weil der Satz danach kann mit dem Satz natürlich auch was zu tun haben, mit dieser Lücke. Ne? Und stopp dann hier aber erstmal. Versuche wirklich zunächst diese eine Lücke zu lesen, bevor du dann richtig weiterliest und schon bei der nächsten bist. Ja? Also bleibe in der Umgebung von deiner Lücke, würde ich mal sagen, davor und danach, aber bleibe bei der Lücke. Ja, weil du musst dich jetzt auf diese Lücke konzentrieren. Und im nächsten Schritt ist es nämlich so weit, dass du dich jetzt natürlich dafür entscheiden musst und deinen Satz zuordnen musst. Das heißt, du vergleichst mit den Sätzen auf Blatt 2, du hast jetzt deinen Text gelesen und guckst jetzt auf dein zweites Blatt rüber zu den Sätzen. Und da können dir jetzt die Schlüsselwörter auch wirklich helfen. Dein Blatt müsste jetzt einfach übersichtlicher sein. Du siehst also die markanten Wörter und du musst nicht alle Sätze nochmal lesen oder so. Und du musst dich jetzt hier nicht zu 100% gleich entscheiden. Ja, da solltest du jetzt dein Markierungssystem nutzen, wenn du dir einfach noch nicht sicher bist. Und es ist immer ratsam, wenn du jetzt ein schneller Leser bist und du hast das geübt, dann kannst du den Text auch noch ein zweites Mal lesen. Das heißt, du machst es jetzt beim ersten Mal lesen, versuchst du alles einzufügen und dann gehst du nochmal zurück und liest es nochmal durch und stellst sicher, dass du auch dann alle Lücken fertig hast. Ja? Und da soll dir das Markierungssystem helfen, weil wenn du weißt, hier diese 2, 3 Lücken, die habe ich schon fertig, dann musst du das auch nicht nochmal lesen. Dann gehst du direkt zu der Stelle, wo du nochmal nachlesen musst. Also Markierungssystem anwenden, damit du dich nicht jedes Mal 100% entscheiden musst. Weil es kann natürlich sein, dass ein Satz vielleicht doch nicht so richtig passt und der passt etwas weiter unten doch besser oder so. Und dann kommst du durcheinander. Also, du musst dich nicht sofort entscheiden. Benutze dein Markierungssystem und achte bei deiner Entscheidung auf doppelte Verneinungen, Synonyme, Antonyme und Umschreibungen. Das kannst du dir gerne im Internet nochmal alles genau angucken, was das alles heißt, aber es werden gerne diese doppelten Verneinungen auch mal benutzt, wo man dann wirklich aufpassen muss, weil es hört sich an, als würde es etwas anderes bedeuten. Ja, da aufpassen. Synonyme ist einfach ein anderes Wort, was die gleiche Bedeutung hat. Antonyme ist ein anderes Wort, was die gegenteilige Bedeutung hat. Und Umschreibungen ist einfach, wie das Wort schon sagt, ein Begriff wird einfach anders beschrieben mit 2, 3 Wörtern, einer Wortgruppe oder so oder einem Nebensatz oder so. Ja, da solltest du wirklich drauf achten. Und natürlich auch Konnektoren, die dir helfen sollten, die dir als Tipp, die geben dir einen Tipp, weil ein Satz mit einem anderen Satz irgendwie verbunden wurde. Und die können dir wirklich helfen zu entscheiden, passt das jetzt hier rein oder nicht.
Und auch ganz wichtig, es muss einfach eine Logik dabei sein. Das heißt, du kannst diese Stelle einfach nochmal lesen mit dem Satz, den du eingefügt hast und guckst, macht das denn überhaupt Sinn oder passt hier ein, zwei Wörter nicht, so zum Beispiel Konnektoren. Und das wäre dann so dein Zeichen, dass es vielleicht doch nicht der richtige Satz ist. Ganz wichtig dabei immer, bleib ja nicht stecken. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann mach erstmal weiter, mach dir eine Markierung hin, mach erstmal weiter und geh später dahin zurück. Weil du hast am Ende, wenn du jetzt eins nicht wusstest zum Beispiel, du hast ja dann noch zwei Sätze, die sowieso nicht in den Text reinpassen. Und dann hast du vielleicht am Ende noch drei Sätze übrig und da kannst du dir dann einen aussuchen und da solltest du dann auch merken, welcher passt und welcher nicht. Also lieber mal freilassen und gucken, welche anderen passen. Wenn du dann weitergehst, siehst du, welche anderen Sätze passen und dann hast du nur noch ein paar übrig und dann kannst du dich auch besser entscheiden. So, also du solltest jetzt diese Schritte 3 und 4, das heißt bis zur Lücke erstmal detailliert lesen und dann dich für einen Satz entscheiden. Das machst du jetzt, wiederholst du jetzt jedes Mal mit der nächsten Lücke. Das heißt, du hast dich jetzt eben entschieden, du liest jetzt weiter zur nächsten Lücke und da solltest du dich entweder wieder gleich entscheiden oder halt wieder dein Markierungssystem anwenden. Und das ist nämlich wichtig, weil du sollst jetzt, besonders beim ersten Mal lesen, falls du den Text auch nur einmal lesen möchtest, auf keinen Fall hin und her springen, weil das bringt dich nur durcheinander. Ganz am Ende natürlich ganz wichtig, das Ganze nochmal prüfen. Du sollst dann nochmal checken, ob du auch alle Lücken ausgefüllt hast und keine übrig ist. Du kannst dann auch mal nochmal mit Hilfe von deinem Markierungssystem überprüfen, habe ich jetzt alles? Und vielleicht hast du noch eine Lücke übrig, dann solltest du dich aber jetzt auch entscheiden und nicht das für später. In der Leseprüfung hast du ja den Vorteil, dass du dir die Zeit selber einteilen kannst. Aber ich würde mir dann irgendwie eine Lücke nicht für später aufheben, wenn du dann schon Teil 2, Teil 3 gemacht hast, sondern mach das jetzt fertig, weil nachher weißt du nicht mehr, worum es hier ging. Du hast dann so viel gelesen und bist einfach nur dann durcheinander. Deswegen mach auf jeden Fall deinen Teil 1 hier fertig und genau. Mit deinem Zeitmanagement kannst du dich dann halt auch entscheiden, ob du jetzt die Antworten schon übertragen möchtest oder erst am Ende der Prüfung. Also wenn du Teil Lesen und Sprachbausteine fertig hast, kannst du dann auch am Ende einfach deine ganzen Antworten auf den Antwortbogen eintragen oder du machst es halt nach jedem Teil. Also das liegt eigentlich bei dir, wie du das möchtest, beziehungsweise wie auch der Prüfer dir das sagt, wie die das haben wollen. Aber normalerweise kannst du das in deinem eigenen Zeitmanagement mit einplanen. So, wir sind jetzt bei unserem letzten großen Teil angelangt und zwar werden wir hier uns ein Beispiel angucken zum TELC-Zertifikat C1 Lesen Teil 1. So, wie du siehst, haben wir hier auf der Seite unsere Schritte, die ich dir eben genannt habe. Und auf der rechten Seite siehst du, wie das Arbeitsblatt aussehen wird. Du hast also einen etwas längeren Text darüber, die Aufgabenstellung und so sieht es dann aus. Dein Blatt 1. Und hier siehst du dann auch das Blatt 2 mit deinen Sätzen. Also so sieht es dann aus, damit du eine Vorstellung hast. Ganz einfach ein längerer Satz und deine 8 Sätze dazu. So, jetzt gehen wir los. Also am Anfang hier hast du die Aufgabenstellung. Wie gesagt, die kannst du dann einfach ignorieren, weil da steht keine weitere Information drin und du weißt ja nun schon, was die Aufgabe ist, aber wir können sie mal ganz kurz zusammen durchlesen. Also, das Leseverstehen Teil 1. Lesen Sie den folgenden Text. Welche der Sätze A bis H gehören in die Lücken 1 bis 6? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 2 Sätze können nicht zugeordnet werden. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 6 auf dem Antwortbogen. Lücke 0 ist ein Beispiel. So, jetzt sind wir beim Skimming angelangt. Du hast also jetzt die Aufgabenstellung eigentlich ignoriert und wir gehen direkt ins Skimming über. Du siehst also hier
Die Überschrift der Mars, bald eine Reise wert. Wir wissen also, es geht um den Mars und wahrscheinlich auch den Unterschied zur Erde oder sowas, könnte man jetzt raten. Und jetzt möchten wir darüber skimmen. Du kannst hier jederzeit das Video pausieren und das selber mal probieren. Du kannst dir auch die PDF herunterladen, da hast du es genau vor dir liegen. Ausdrucken am besten, finde ich immer gut, ne? Das schriftlich, also direkt vor dir zu haben, damit du mit dem Stift arbeiten kannst und so. Das ist auch gut fürs Gedächtnis und fürs Lernen. Und genau, ich lege mal los. Also ich fliege jetzt hier einfach mal drüber und suche mir irgendwelche Wörter, die mir so ja, entgegenkommen. Also ich sehe hier Terraformen, Mars, dann Treibhausgase, Atmosphäre, der rote Planet, Pole, gefrorenes Wasser. Ich gehe also so ein bisschen immer rüber und hinüber. Nächster Abschnitt. Temperatur, Prozess, Marsoberfläche, Luftdruck, Impfen, Pflanzen. 1000 Jahre, okay. Nächster. Robert Zubrin war jetzt nicht wichtig, aber das kam mir jetzt irgendwie so entgegengesprungen, dieser Name. Weiter geht's. Forscher, Komfort, NASA, Planeten. Asteroiden sehe ich da drüben noch. Dann geht's weiter. Zeitplan Besiedelung. Die ersten 100 Jahre. Hier ist fettgedrucktes dabei. Atmosphäre, Polkappen, 200 bis 600 Jahre. Bakterien, 900 Jahre, 1000 Jahre. Marsbewohner, oh wow, okay. Atmosphäre, abkühlen, okay. So, ich habe jetzt geskimmt und ich konnte herausfinden, dass es halt um den Mars geht und dass es wohl darum geht, ja, ob man dort leben kann. Und das war jetzt ein Thema, was für mich zum Beispiel sehr schwierig ist. Und deswegen ist es gut, wenn ich jetzt in dem Fall ein gutes Vorwissen hätte und einen guten Wortschatz, damit ich das natürlich auch alles verstehe hier, Treibhauseffekt und solche Sachen. Und es wird also eine Art Prozess erklärt, wie man den Mars ja, ändern kann oder so. Was war das erste Wort, was da stand? Irgendwas mit Terra, ich habe es schon wieder vergessen. Genau, dass man den Mars also bewohnbar machen kann und wie das funktioniert, dieser Prozess, und dass der halt auch sehr lange dauert und dass man aber hier am Ende wurde so eine Art Zeitplan gegeben von den ersten 100 Jahren bis zu den 1000 Jahren. Ja, genau, wo es halt auch darum geht, okay, dass die Menschen dann dort leben. Ich hatte auch was mit Bakterien und so, das geht wahrscheinlich sehr langsam los, mit Pflanzen und so weiter, bis dann die Menschen dort leben können und so weiter. Genau, mehr konnte ich da ja jetzt natürlich nicht rauslesen. Aber das reicht ja auch schon vollkommen. Also ich habe einen guten Überblick, ich weiß, worum es ungefähr geht, und dann gehe ich zum nächsten Arbeitsblatt über. So, jetzt bin ich zum nächsten Arbeitsblatt übergegangen. Ich habe also jetzt geskimmt und habe eine Idee vom Text und soll jetzt meine Sätze erstmal durchlesen und während des Lesens Schlüsselwörter unterstreichen. Das machen wir jetzt gemeinsam. Wie gesagt, du kannst gerne das Video pausieren, dir die PDF herunterladen, und ich lege aber jetzt direkt los. Satz A. Allerdings war die Atmosphäre niemals so dicht wie bei der Erde. Ja, sind so die Sachen, die für mich wichtig erscheinen. Und dann kann man sich noch etwas markieren, zum Beispiel das Wort allerdings. Das bezieht sich also auf den Satz davor, und wir wissen, ja, genau, wir haben jetzt hier den Konnektoren und wissen, dass wir das dann mit dem Satz davor verbinden müssen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Satz irgendwo einfüge und ich merke, das allerdings passt nicht, dann passt der Satz nicht. Dann muss der raus. Dann muss irgendein anderer Satz rein. Also diese Konnektoren sind wirklich wichtig und da musst du wirklich drauf achten. Deswegen kannst du dir die auch markieren. Du hast in der Prüfung leider nur einen Stift und nicht verschiedene Farben. Deswegen solltest du dir vielleicht da auch irgendein System ausdenken, anders unterstreichen oder umkreisen oder sowas. Ne? Weiter geht's. Auf lange Sicht wären die besten Stromlieferanten aber wohl Fusionsreaktoren. Okay, wie große Wörter hier, Fusionsreaktoren. Und aber, was ich auch wieder sehe, eine Art, ja, Konnektor nicht unbedingt, aber es bezieht sich irgendwie auf eine Information aus dem Text, aus dem Satz davor, auf lange Sicht. Also das könnte auch wichtig sein. Gehen wir zum nächsten Satz.
Aus eigener Erfahrung wissen wir auch, wie man einen kühlen Planeten aufheizt. Da würde ich mir auch irgendwie markieren, aus eigener Erfahrung. Das heißt, vielleicht kommt in dem Satz davor irgendwas vor mit Forschung oder so, aber man hat auch eigene Erfahrungen oder so gemacht. Keine Ahnung, also auch vielleicht wichtig, das zu markieren. Und ganz, ganz wichtig bei diesem Satz, da hinten ist ein Doppelpunkt. Da muss man wirklich drauf achten, denn das heißt, diese Information, die jetzt hier gegeben wurde, die wird irgendwie im nächsten Satz weitergeführt. Also in dem nächsten Satz muss auf jeden Fall etwas darüber stehen, weil wir haben hier einen Doppelpunkt und keinen Punkt. Weiter. Das 1000-Jahres-Projekt beginnt mit einer Reihe von Expeditionen. Den Rest der Arbeit wird das Leben selber erledigen. Und der NASA-Experte Chris McKay sieht die Aussichten jedoch nüchterner. Und da haben wir wieder einen Doppelpunkt. Da auch wieder drauf achten. Weiter geht's. Doch selbst dafür fehlt es an Geld. Also ein Schlüsselwort, das Geld. Aber was ich hier auch wichtig finde, ist das doch selbst dafür. Wofür denn? Also da muss irgendwas davor, in dem Satz davor stehen, worauf sich das hier bezieht. Und dann als nächstes, es gibt daher keine Gewässer mit flüssigem Wasser auf der Marsoberfläche. Das ist natürlich auch wichtig. Flüssiges Wasser hört sich an wie eine Selbstverständlichkeit, aber das gibt es wohl nicht. Und das Wort daher, also bezieht sich auch wieder auf den Satz davor und da muss irgendwie eine Verbindung bestehen. So, wir sind also jetzt im nächsten Schritt angelangt und jetzt sollen wir den Text detailliert lesen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam und dabei werde ich ein paar Informationen unterstreichen. Das kannst du natürlich auch bei dir im Text machen, aber ist nicht zwingend und es kann, wenn du da zu viel unterstreichst oder so, dich auch durcheinander bringen. Also da auf jeden Fall aufpassen und ja, einfach eine Methode für dich selber finden, wie das zu dir passt. Der Mars, bald eine Reise wert? Könnten wir den eisigen Mars terraformen? Die Antwort lautet, wahrscheinlich wäre es zu schaffen. Wir wissen heute, dass es auf dem Mars einst wärmer war als heute. Es muss sogar Flüsse und Seen gegeben haben. Hier ist jetzt Lücke 1. Indem man genug Treibhausgase in seine Atmosphäre bläst. Ein großer Teil des Kohlendioxids, das den roten Planeten früher wärmte, ist wohl noch vorhanden. Gebunden in den Eiskappen der Pole und im Boden. Gefrorenes Wasser wurde ebenfalls nachgewiesen. Technisch ist es also machbar, dort wieder Pflanzen wachsen zu lassen. Okay, wir wissen also jetzt, wir gucken uns den Satz davor an, es muss sogar Flüsse und Seen gegeben haben. Also es war auf dem Mars mal wärmer, als es jetzt ist und da gab es wohl schon flüssiges Wasser. Das hatten wir ja auch eben gelesen in den Sätzen. Und wir gucken auch danach, was da noch wichtig ist, indem man genug Treibhausgase in seine Atmosphäre bläst. Ein großer Teil des Kohlendioxids, das den roten Planeten früher wärmte, ist wohl noch vorhanden. Und da unten war noch was, dort wieder Pflanzen wachsen zu lassen. Also es geht um irgendwie die Temperatur. Es ist heute kalt, es war mal wärmer und es kann wohl wärmer gemacht werden, indem man Treibhausgase in die Atmosphäre bläst. So. Und dann würden wir rübergehen zu unseren Sätzen. Aus Zeitgründen und so weiter machen wir einfach mal weiter, gucken uns noch das zweite an und dann schauen wir uns die Sätze dazu an. Ja, in der Prüfung würdest du jetzt zu deinen Sätzen rübergehen und dann zur Lücke 2 gehen. Wir machen jetzt einfach mal alle beide zusammen. Lesen wir erstmal weiter. Wir müssen nur die Temperatur ein wenig erhöhen und ein paar Samen ausstreuen, sagt der NASA-Planetenforscher Chris McKay. Lücke 2. Weiter. Um den Prozess in Gang zu setzen, kann man aus der Marsoberfläche Perlfluorkohlenstoffe gewinnen. PFC sind wirksame Treibhausgase, etc. etc. Müssen wir jetzt nicht alles komplett durchlesen. Auf jeden Fall ist hier ganz wichtig, wir müssen nur die Temperatur ein wenig erhöhen. Also es geht immer noch um diese Temperatur. Das bezieht sich jetzt auch eher auf, wahrscheinlich auf Lücke 1, denn hier geht es jetzt auch ein bisschen um andere Sachen und zwar ein paar Samen ausstreuen sollten wir noch und um diesen Prozess in Gang zu setzen. Es geht also um irgendeinen Prozess und da wird dieser Prozess erklärt in den nächsten Teilen.
So, jetzt sehen wir diese zwei Aufgabenblätter auch nochmal nebeneinander, weil wir sollten uns ja auch noch entscheiden und den Satz zuordnen. Und da gucken wir uns das jetzt nochmal genauer an. Wir haben also Lücke 1 und Lücke 2 und da müssen wir jetzt überlegen. Also nochmal Lücke 1. Indem man genug Treibhausgase in seine Atmosphäre bläst, früher wärmer, das ist wohl noch vorhanden. Dort kann man dann wieder Pflanzen wachsen lassen und die Temperatur muss ein bisschen erhöht werden. Also es geht darum, dass es jetzt zu kalt ist. Und dann können wir hier drüben mal gucken bei unseren Sätzen, was da passen würde. Und zwar können die Schlüsselwörter jetzt schon helfen. Also zum Beispiel im ersten Satz geht es um Atmosphäre, aber so dicht wie die Erde. Wir haben zwar hier was mit Atmosphäre, aber es geht ja irgendwie um Temperatur und nicht irgendwie eine Dichte. Deswegen passt A nicht so gut. B, Stromlieferant, Fusionsreaktoren passt hier eigentlich gar nicht. C, da geht es um einen kühlen Planeten aufzuheizen. Das hört sich also schon mal gut an. Und als nächstes das 1000-Jahres-Projekt, Expedition passt auch nicht. Rest der Arbeit passt hier auch nicht. NASA-Experte, Aussichten, Doppelpunkt, da ist ein Doppelpunkt dabei, das passt auch nicht. Oder? Doch, bei C ist ja auch ein Doppelpunkt dabei. Also es passt vielleicht doch, aber ja, also die Aussichten von diesem NASA-Experten passen jetzt hier nicht unbedingt rein, besonders weil die auch nüchtern sind. Und es geht ja hier um die Temperatur, was man alles so machen kann. Also er sagt eigentlich nicht, ja, obwohl, also F könnte vielleicht sogar passen. G, dafür fehlt das Geld. Das passt hier auch nicht. Und H, Gewässer, flüssiges Wasser, Marsoberfläche. Also das H hört sich auch schon gut an. Ich würde jetzt sagen C und H, das F passt nicht so ganz. Ja, genau, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig entscheiden. Deswegen würde ich mir da jetzt zum Beispiel C und H markieren und da jeweils ein Fragezeichen dahinter setzen. Dann würde ich erstmal weitermachen und nachher kann man sich dann auch noch dafür besser entscheiden. Wir machen das aber jetzt direkt. Und zwar ist hier nämlich, dass sie sagen, wir wissen heute etc., es gab sogar Flüsse und Seen, aber aus eigener Erfahrung wissen wir auch, wie man einen kühlen Planeten aufheizt. Doppelpunkt. Indem man genug Treibhausgase in seine Atmosphäre bläst. Wir können ja nochmal H reinsetzen, einfügen. Es muss sogar Flüsse und Seen gegeben haben. Es gibt daher keine Gewässer mit flüssigem Wasser auf der Marsoberfläche. Nächster Satz. Indem man genug Treibhausgase. Okay, das passt nicht. Also indem man bezieht sich auf den Satz davor und das passt einfach nicht zu H. Also würde ich mich für C entscheiden, weil C sagt, ja, dieser Prozess, wie man den kühlen Planeten aufheizt. Und zwar, Antwort, indem man genug Treibhausgase in seine Atmosphäre bläst. Das ist die Antwort dazu. Also passt hier C sehr gut. Gehen wir zur nächsten Lücke über. Wir müssen nur die Temperatur ein wenig erhöhen und ein paar Samen ausstreuen, sagt der NASA-Planetenforscher Chris McKay. Was würde da reinpassen? Um den Prozess in Gang zu setzen. Kann man, etc. Dann wird das alles erklärt. Jetzt kann man nochmal gucken. Atmosphäre so dicht wie die Erde, passt hier auch nicht so ganz. Stromlieferanten auch nicht. C ist ja jetzt schon weg. Gucken wir weiter. D, das 1000-Jahres-Projekt. Da steht nämlich da unten irgendwas mit 1000 Jahren dabei. Es geht aber um Expeditionen. Bin ich mir nicht so ganz sicher. E, den Rest der Arbeit wird das Leben selber erledigen. Das könnte vielleicht reinpassen. Und F, der NASA-Experte, nee, das würde ja dann nochmal wiederholt werden. Das passt also auf keinen Fall. G, doch selbst dafür fehlt es an Geld. Geld für Samen, naja. Und es gibt daher keine Gewässer. Das passt auch nicht, weil daher bezieht sich wieder auf den Satz davor. Und er sagt, es geht um Samen ausstreuen und so. Das hat ja damit dann nichts zu tun. Deswegen würde ich hier aufschreiben, D, E und G könnte reinpassen. Ich habe es mir dann auch schon mal markiert mit meinem Fragezeichen, weil ich mir nicht sicher bin. Und dann muss ich mich natürlich noch entscheiden. Das machen wir jetzt noch schnell gemeinsam.
Wir gucken uns also nochmal an, wir müssen nur die Temperatur erhöhen, ein paar Samen ausstreuen, sagt der Forscher. Dann sagt er noch was. Um den Prozess in Gang zu setzen, kann man das und das machen. Wir fügen nochmal D ein. Ein paar Samen ausstreuen, sagt der Planetenforscher. Das 1000-Jahres-Projekt beginnt mit einer Reihe von Expeditionen. Um den Prozess in Gang zu setzen, kann man etc. Okay, da geht es nicht um Expeditionen. Das passt auch nicht rein. Da hört man dann, dass es logisch einfach nicht passt. Ja? Der Satz an sich würde irgendwie reinpassen, aber es ist einfach nicht logisch. Es geht hier nicht um Expeditionen, es geht um einen Prozess. Dann hatten wir noch E, Fragezeichen und G, Fragezeichen. Das Geld für Samen, könnte man sagen, aber ich glaube, die NASA hat genug Geld für Samen. Ja? Also wir müssen nur die Temperatur ein wenig erhöhen und ein paar Samen ausstreuen. Doch selbst dafür fehlt es an Geld. Das glaube ich nicht. Oder das würde vielleicht reinpassen, aber ich glaube, das ist nicht logisch. Deswegen würde ich das eigentlich auch ausschließen. Und wir fügen jetzt nochmal das E mit ein. Wir müssen nur die Temperatur ein wenig erhöhen und ein paar Samen ausstreuen. Den Rest der Arbeit wird das Leben selber erledigen. Um den Prozess in Gang zu setzen, kann man etc. etc. Und wenn man nämlich weiterliest, sieht man, das Leben erledigt das selber. Und zwar sagt er ja, man braucht nur höhere Temperaturen und ein bisschen Samen und dann geht das von ganz alleine. Und zwar sind da Treibhausgase, die Atmosphäre heizt sich auf, die gefrorenen Böden, wird gefrorenes CO2 aus den Böden frei, da kommt CO2 heraus. Also dieser Treibhauseffekt entsteht, der Luftdruck steigt, dann fließt irgendwann wieder Wasser und so weiter und so weiter. Das ist einfach das normale Leben sozusagen und deswegen passt hier E. Ich hoffe, meine Erklärung war irgendwie verständlich und so solltest du aber irgendwie in deinem Kopf dann auch vorgehen in der Prüfung und halt für jeden Schritt dann für jede Lücke dann diese Schritte nochmal wiederholen und ganz am Ende prüfen, dass du auch alle Lücken ausgefüllt hast. Also ich wünsche dir schon mal alles Gute. Du hast jetzt zumindest das Video schon mal geschafft. Ich hoffe, die Vorbereitung zu Hause und so, die schaffst du dann auch noch. Und ich bin mir sicher, dass du Lesen Teil 1 auch schaffen wirst. Ich wünsche dir schon mal alles Gute und wir sehen uns zum nächsten Mal. Und jetzt noch, wie versprochen, der Bonus am Ende. Schick uns doch mal deine Lösung. Schreib die hier unten in die Kommentare. Und die ersten 5 Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all diesen Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also viel Spaß und mach mit. Den ersten Teil hast du auch hinter dir. Dann mach doch direkt weiter mit Lesen Teil 2. Und zwar schauen wir uns gemeinsam den Lesen Teil 2 an. Wie du in der TELG-Prüfung durch selektives Verstehen richtig zuordnen kannst. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELG-Prüfung C1 Lesen Teil 2. Zunächst zeige ich dir, wie das Video überhaupt aufgebaut ist. Und zwar schauen wir uns ganz am Anfang einen Überblick an zu der Prüfung an sich. Dann solltest du dich gut vorbereiten und ich zeige dir, wie das geht. Und danach gebe ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du in der Prüfung dann anwenden kannst. Dann schauen wir uns noch ein Beispiel an und dann hast du es eigentlich auch schon geschafft. Und wie versprochen gibt es am Ende auch noch einen Bonus. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei und es kann losgehen. Viel Spaß! Wir schauen uns jetzt also als allererstes mal einen Überblick an, indem ich dir den Ablauf der Prüfung zeige und wie sie bewertet wird. Also, vielleicht hast du die Prüfung noch nicht gesehen und fragst dich jetzt, was wird denn hier überhaupt getestet? Und zwar bekommst du in dem TELG-Zertifikat C1 Lesen Teil 2, da befinden wir uns ja im Leseverständnis, da bekommst du einen Text, der 5 Absätze hat. Und dazu bekommst du noch 6 Fragen und diese sollst du dann den Absätzen zuordnen können. Und dafür hast du insgesamt 90 Minuten Zeit. Diese 90 Minuten, die beziehen sich auf die ganze
Prüfung zum Leseverständnis und da gehören auch noch die Sprachbausteine dazu. Okay? Also du musst dir das zeitlich selber aufteilen. Das heißt, du solltest die Prüfung auf jeden Fall zu Hause mal durchgehen, die Zeit stoppen und gucken, wie viel Zeit du ungefähr für die Aufgaben brauchst. Und das solltest du dann auch möglichst in der Prüfung einhalten. Außerdem kannst du auch zum Beispiel Lesen Teil 2, Lesen Teil 3 oder so einfach zuerst machen und Lesen Teil 1 am Ende oder so. Du kannst dir das also aufteilen, wie du möchtest. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du ein gutes Zeitmanagement hast und vorher guckst, was fällt dir einfach, was ist wirklich einfach schwierig für dich. Und dann solltest du vielleicht die einfachen Sachen zuerst machen, dann hast du die hinter dich gebracht und hast da auf jeden Fall deine Punkte auch sicher. Und so weiter, ne? Also probier das einfach zu Hause mal durch, stopp die Zeit und dann bist du auf der sicheren Seite. Um die Prüfung auch mal zu sehen, kannst du dir eine PDF herunterladen. Da siehst du den Modelltest zu Lesen Teil 2. Und dann fragst du dich auch vielleicht, worauf wird denn hier geachtet, wie wird das denn bewertet? Und zwar gibt es wie bei der mündlichen Prüfung oder wenn du dann Schreiben hast, nicht noch extra Kriterien, prüfungsinterne Kriterien, sondern hier richtet sich die Bewertung dann nach diesem GER, dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Den kannst du dir gerne im Internet mal durchlesen. Den kannst du dir allgemein durchlesen. Da wird dir gesagt, was du als C1-Kandidat alles so können musst. Und den kannst du dir auch auf die einzelnen Teile durchlesen. Also lesen, schreiben, sprechen und so. Und da steht auch nochmal detailliert, was du können solltest. So, du weißt also jetzt, wie die Prüfung ungefähr aussieht und ich werde dir jetzt sagen, wie du dich dafür auch gut schon zu Hause oder im Unterricht und so weiter vorbereiten kannst. Los geht's. Also, du solltest dich natürlich gut vorbereiten, das ist immer ganz, ganz wichtig und ich gebe dir den ersten Tipp und zwar solltest du dir dein Vorwissen und deinen Wortschatz erweitern bzw. aneignen. Das hörst du von mir so viele Male. Die ganze Vorbereitung, die du jetzt von mir hören wirst, die hast du vielleicht schon im Lesen Teil 1 gehört, weil es ist eigentlich das Gleiche. Ja, also das ist das Gute, das ist eigentlich die gute Nachricht. Du kannst dich für Lesen Teil 1 und Lesen Teil 2 eigentlich genauso vorbereiten. Das sind dieselben Sachen, die du machst. Das heißt, du musst nicht ganz, ganz viele Sachen machen, sondern es reicht einfach, wenn du dich einmal gut vorbereitest mit diesen Dingen, die ich dir jetzt auch nochmal nennen werde. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Also hörst dir einfach nochmal an, wenn du möchtest, dann kannst du das Wissen nochmal vertiefen. Also auf jeden Fall, das hörst du auch eigentlich in allen von meinen Videos, ist es einfach für die Vorbereitung ganz, ganz wichtig, wenn man Vorwissen und den Wortschatz erweitert. Das ist einfach wichtig für alle Gebiete der Prüfung, ja. Es bezieht sich wirklich nicht nur auf das Lesen, es bezieht sich einfach auf die ganze Prüfung. Jegliche Teile der Prüfung, ob das Schreiben ist oder mündlich, total egal. Für alle Gebiete ist das einfach total wichtig. Und es ist natürlich auch einfach für dich wichtig, ja, im Alltag, für dich persönlich, im Beruf und so weiter, ist es einfach gut, wenn man sich Wissen aneignet und sich gut ausdrücken kann, weil man einfach einen großen Wortschatz hat. Je mehr Wörter du kennst und je mehr Wissen du auch hast, umso besser kannst du dich ausdrücken, umso besser kannst du deine Ideen, die du im Kopf hast, auch in Worte fassen, ja. Und das kannst du machen, indem du Nachrichten schaust, die Zeitung liest, Dokumentationen schaust oder hörst, ja. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch Podcasts, Vodcasts, Audiobooks, also Hörbücher und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch gerade im Internet, die du machen kannst. Und dann solltest du die einfach so nutzen, dass du sagst, ich muss mein Hören ein bisschen schulen. Das heißt, anstatt dass du die Dokumentation schaust, hör sie dir doch einfach mal an. Ja? Es gibt ja dann einen Sprecher, der da spricht und hör dir das doch einfach mal an. Und somit kannst du das auch ein bisschen schulen. Es hilft auch oft, einfach mal einen Untertitel drauf zu machen. Ja? Wenn man jetzt die Nachrichten hört, wenn die doch ein bisschen schwieriger sind oder so, kann man auch noch mal einen Untertitel drunter machen oder so. Und
Das hilft auf mehreren Ebenen. Und dann solltest du aber darauf achten, dass du nicht die einfachsten Themen wählst, die dich auch interessieren, weil da hast du sicherlich schon Wissen und da weißt du auch, wie du drüber sprechen kannst, sondern suche dir Themen aus, die schwierig sind und für die du dich vielleicht auch nicht so interessierst, die einfach für dich uninteressant sind. Weil in diesen Themen, das sage ich dir, in diesen Themen hast du einfach ein geringeres Wissen und somit gleichzeitig einen kleineren Wortschatz. Das ist einfach so. Ja? Ich sage immer Beispiel für mich, zum Beispiel Elektroautos und so. Ich habe da eigentlich überhaupt keine Ahnung von. Das wäre so ein Thema, wenn ich jetzt in eine Prüfung gehen würde, wo ich sagen würde, das muss ich mir wirklich mal aneignen, so ein Thema. Ja? Oder erneuerbare Energien ist auch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Da auf jeden Fall, wenn man sich dafür nicht interessiert, obwohl man sich dafür interessieren sollte natürlich, aber wenn man jetzt wirklich nicht viel Ahnung davon hat oder so, weil man einfach auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet nicht so viel Ahnung hat oder so, dann einfach nochmal ein paar Nachrichten lesen oder so. Man muss ja jetzt nicht ein Profi darin werden, sondern es reicht einfach, wenn man das Thema allgemein ein bisschen versteht und ein paar Wörter kennt. Ne? Das ist wichtig. Und dann solltest du dir nicht einfach die Wörter nehmen und die auflisten und das dann auswendig lernen, wie so eine Vokabelliste, sondern du solltest die in den Alltag integrieren. Das heißt, du sollst sie benutzen. Und das kannst du machen, indem du zum Beispiel einen Text schreibst oder einfach mit einer Freundin oder einem Freund über ein bestimmtes Thema sprichst, was halt vielleicht aktuell ist in der Politik oder so. Und diese Wörter einfach mal benutzen. Und da musst du nicht starr nach Wörtern suchen, die jetzt mit dem Thema zu tun haben, sondern vielleicht kann es auch sein, dass irgendein Verb vorkommt, ein zusammengesetztes Verb oder so, wo du sagst, oh, ich kann das nicht richtig benutzen, ich muss das mal üben. Und das kannst du dir natürlich auch aufschreiben. Ja, das gehört auch in den Wortschatz dazu. Irgendwelche Verben, die jetzt vielleicht mit dem Thema nichts zu tun haben. Ne? Das geht natürlich auch. Deswegen immer wieder Vorwissen und Wortschatz erweitern. Im nächsten Schritt gebe ich dir mit, dass du das Skimming mal üben solltest. Vielleicht fragst du dich, was Skimming ist, wenn du meine anderen Videos noch nicht gesehen hast. Skimming ist, wenn du einen Text überfliegst. Und das solltest du gerade auch in der Prüfung allgemein immer mal machen können, weil das gibt dir eine Übersicht von dem Thema. Und das machst du so, indem du einfach mal irgendeinen beliebigen Text dir suchst. Das ist jetzt eigentlich egal, wie lang der ist, wo das ist, in der Zeitung, in deinem Deutschbuch. Deutschbuch wäre super, da hast du gleich das Sprachniveau, was du brauchst. Oder in einem Internetartikel oder so. Und dann probier doch mal die Überschrift einfach zu ignorieren, schau sie dir nicht an und dann überfliegst du den Text von oben links nach unten rechts. Das kannst du Absatz für Absatz machen, das kannst du auch über den Text so drüber machen. Also man fliegt da einfach so mal drüber und du solltest so von oben links nach unten rechts ungefähr. Ja, das ist jetzt nicht starr so gemeint, dass du das unbedingt machen sollst, aber einfach, stell dir vor, du fliegst über den Text mit deinen Augen und suchst da so die wichtigsten Wörter raus und das nennt man Skimming. Und da gibt es diese Regeln beim Skimming, dass du einfach nicht jeden Satz lesen sollst, weil das wäre ja schon wieder was anderes, das ist ja dann das detaillierte Lesen. Und wenn du da so drüber fliegst, achte einfach mal auf wichtige Wörter, wie zum Beispiel Substantive oder Verben, die so herausstechen. Und damit sollte dir ungefähr der Inhalt so ein bisschen herauskommen. Wenn du das dann immer noch nicht ganz herausgeskimmt hast, sozusagen, dann kannst du auch mal den ersten Satz von jedem Absatz durchlesen, weil der gibt dir auch eine Idee davon, worum es da geht. Und dann solltest du einfach mal überlegen, wenn du das jetzt geskimmt hast, du hast den Text überflogen, dann überlegst du, was könnte denn hier das Thema sein? Worum geht es hier? Und dann schaust du dir die Überschrift dazu an. Und dann hast du ja eigentlich deine Lösung. Hast du richtig gelegen? Super. Dann hast du das Skimmen gelernt. Wenn nicht, solltest du vielleicht nochmal den Text nochmal überfliegen. Gerade zum Thema Leseverständnis gebe ich gerne noch den Tipp zur Vorbereitung, dass du das Lesen nochmal üben sollst. Das hört sich jetzt vielleicht total doof an. Natürlich kann ich lesen, das weiß ich auch, dass du lesen kannst, aber du musst in der Prüfung wirklich lange Texte rasch lesen können, aber dennoch detailliert lesen können. Und das ist ein bisschen schwierig. Wenn du zum Beispiel ein langsamer Leser bist oder vielleicht allgemein nicht so oft liest, dann solltest du das vielleicht ein bisschen üben vor der Prüfung.
Das Gute dabei ist, dass du gleichzeitig natürlich dein Wissen verbesserst, deinen Wortschatz und deine Grammatik. Du hast also sozusagen den Tipp, den ich dir am Anfang gegeben habe, automatisch noch mit reingeholt. Und du kannst das Skimming hier drinnen auch noch gleichzeitig üben. Also das ist so eine Vorbereitung, das geht alles in einem zusammen, was ich dir hier erzähle, ne? Und die Sache ist, dass du in dem Leseverständnis der Prüfung nicht nur hier lesen musst, sondern beim Hören und so musst du auch lesen. Deswegen findest du das Lesen an sich einfach in jedem Teil der Prüfung wieder. Und deswegen ist es wichtig, dass du das schnell machen kannst, aber doch viel Informationen herausfiltern kannst dabei. Und genau, hier jetzt eine Übung für dich. Such dir mal längere Zeitungsartikel oder irgendeinen längeren Text, den du findest. Such dir mal sowas und dann kannst du das Skimming damit üben und dann das Ganze nochmal detailliert lesen. Und du solltest das Ganze mal dann also das Lesen üben an sich, das detaillierte Lesen solltest du natürlich machen, indem du den Text komplett dir durchliest und auf Details achtest. Und da musst du aufpassen, dass du da auch den Inhalt und die Zusammenhänge auch verstehst. Es geht also dann nicht nur noch um das Drüberfliegen, sondern schon das detaillierte Lesen und auch das Verstehen. Und dann kannst du dir vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen dazu und so weiter. Und ein guter Tipp dabei ist auch dein Deutschbuch nochmal, weil da hast du Texte auf deinem Niveau, die du auch verstehen solltest. Also wenn du da einen Text nicht verstehst aus deinem Deutschbuch, dann heißt das üben, 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 weil dann fehlt dir was. Ja, dann kann es passieren, dass du dass du in der Prüfung auch Probleme haben wirst. Wenn du dir jetzt einen Text aus dem Internet holst, kann es natürlich sein, dass erstens vielleicht Fehler drin sind. Wir wissen ja nicht, wer den Text geschrieben hat. Deswegen ist Zeitung halt immer ein bisschen besser. Oder Magazine, wissenschaftliche Magazine oder so sind dann natürlich, da bist du auf der sicheren Seite, dass da an sich eigentlich alles richtig geschrieben ist. Aber irgendwelche Blogs oder so, da kann es schon natürlich sein, dass da auch Fehler drin sind. Du willst natürlich nichts Falsches lernen. Deswegen ist auch dein Deutschbuch einfach eine gute Möglichkeit, wenn du da nochmal einen Text dir anschaust. Und dann einfach nochmal übe wirklich das selektive Lesen nochmal. Und wie gesagt, du kannst das alles im einen machen. Du nimmst dir einen längeren Text, skimmst den, dann kannst du ihn detailliert dir einmal durchlesen und dann kannst du noch nach bestimmten Informationen suchen. Das heißt, stelle dir einfach mal Fragen, wonach du suchen kannst, nach irgendwelchen spezifischen Sachen wie Namen, Jahreszahlen oder anderen Zahlen, Prozente oder irgendwas. Und da kannst du dann selektiv diese bestimmte Information herausfiltern. Und somit hast du alle 3 Ebenen des Lesens dann auch geübt. Und das sind die 3 Ebenen, die halt wirklich auch in der Prüfung drankommen. Und dann hast du das eigentlich, damit bist du dann auch an sich allgemein gut vorbereitet. Dann noch ein Tipp, der jetzt nichts mit dem Lesen zu tun hat, sondern mit der Prüfung an sich. Denk dir ein gutes Markierungssystem aus. Und wenn du dir das einmal ausgedacht hast, dann kannst du das in der ganzen Prüfung verwenden. Das ist super praktisch, denn das hilft dir nachher Zeit zu sparen und damit du auch nicht stecken bleibst. Wenn du dir jetzt ein System aussuchst, ich will dir jetzt keins geben, was du unbedingt nehmen sollst, sondern du sollst eins finden, was zu dir passt, was du dir natürlich auch merken kannst, damit du das in der kompletten Prüfung dann auch benutzen kannst. Zum Beispiel, ja, das ist ein Beispiel, du kannst es komplett anders machen als ich, aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, kannst du dir zum Beispiel ein Fragezeichen markieren. Wenn du dir doch sicher bist, kannst du die Antwort neben die Lücke oder was auch immer da ist, ja, neben die Antwort oder hier in diesem Fall halt die Frage zum Beispiel, kannst du die Antwort daneben schreiben, fett unterstreichen oder ein Ausrufezeichen hinmachen oder so. Und bei Fragen, die du einfach nicht weißt, kannst du dir ein X markieren, um später unbedingt nochmal hierher zurückzukommen und da einfach nochmal überlegen zu können, ja. Und verbringe aber wirklich nicht zu viel Zeit damit mit dem Notieren und Markieren, weil dann geht dir die Zeit verloren. Und 90 Minuten hört sich viel an, ist es aber nicht, weil du echt viele Sachen hast, die du detailliert lesen musst. Sobald du dir aber wirklich 100% sicher bist, kannst du die Antworten natürlich auch schon durchstreichen zum Beispiel. Ja? Nun schauen wir uns noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an, die dich gut durch die Prüfung bringen soll. Und zwar sieht die so aus. Als allererstes solltest du mal das Skimming machen, dann liest du dir deine Fragen durch, dann liest du zum ersten Mal selektiv den ersten Absatz und ordnest die Fragen dazu.
Dann solltest du das erste selektive Lesen mit dem nächsten Absatz machen, also das Ganze nochmal wiederholen. Und wenn du da dann komplett durch den Text durch bist, solltest du vielleicht nochmal ein zweites Mal selektiv lesen. Kommt drauf an, wo du das nochmal machen musst. Und am Ende das Ganze nochmal überprüfen. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch in der PDF zum Herunterladen in dem Link unter diesem Video. Also der erste Schritt ist Skimming. Das habe ich dir eben in der Vorbereitung erklärt, wie das aussieht. Du solltest also mal den Text einfach ganz locker einmal überfliegen, relativ rasch dabei bleiben. Einfach nur, um dir einen Überblick zu schaffen zum Thema. Dann hast du schon mal eine Idee, worum es ungefähr geht. Und du hast auch eine erste Idee zum Aufbau vom Text. Und das sollte einfach sehr schnell passieren und ganz locker. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt solltest du natürlich auch diese Fragen durchlesen. Ja, die kannst du am Anfang erstmal ignorieren, sondern geh einfach in den Text direkt überflieg den mal und dann gehst du zu den Fragen. Denn jetzt gehst du auf der ersten Seite zum Anfang der ersten Seite eigentlich die Aufgabenstellung brauchst du nicht nochmal zu lesen. Da steht nur drin, was du machen sollst und da du dieses Video ja jetzt schaust und dich gut vorbereitest, brauchst du das natürlich nicht nochmal machen. Das heißt, du kannst es direkt ignorieren und zu den Fragen übergehen. So, schau dir also diese Fragen mal an und lies die einfach der Reihe nach durch. Und dabei, das ist einfach hilfreich, kannst du dir Schlüsselwörter unterstreichen. Mach das, während du liest, dann geht dir auch keine Zeit verloren. Die Fragen sind sehr, sehr kurz, deswegen gibt es da teilweise nur höchstens mal 2 markante Wörter, die man sich unterstreichen müsste und dann hast du einfach nur einen guten Überblick, wenn du dann in den nächsten Schritt dann übergehst. Nun sind wir beim eigentlichen Lesen angelangt, beim selektiven Lesen und du gehst jetzt in den ersten Absatz über und sollst dem jetzt Fragen zuordnen. Durch das Skimming hast du jetzt vielleicht schon ungefähr eine Ahnung, wo was hinpassen könnte. Das kannst du dir markieren, wenn du möchtest. Musst du aber nicht, weil jetzt sollst du natürlich noch mal richtig lesen, ne? So, deswegen, das Markierungssystem kann dir schon sehr hilfreich dabei sein, wenn du schon eine Idee hast. Und was du jetzt machen solltest, ist auf jeden Fall, dass du diese Fragen, die du ja jetzt gerade eben erst gelesen hast, im Hinterkopf behältst. Ganz wichtig. Du solltest die auch, also über dem Text stehen die ja auch, die solltest du auf jeden Fall auch irgendwie im Blick behalten und du fängst jetzt an und liest deinen ersten Absatz. Das heißt, du liest ihn detailliert und du achtest auf bestimmte Informationen, die halt in den Fragen vorkommen. Wir machen gleich eine Übung durch, da siehst du, was ich damit meine. Und also liest du jetzt den ersten Absatz und dann solltest du dem halt 1 oder 2 Fragen zuordnen. Wir haben ja die Sache, dass wir 5 Absätze haben und 6 Fragen. Das heißt, ein Absatz hat halt 2 Fragen, die dazu passen. Ja? Und deswegen musst du wirklich gucken, ob da nur 1 dazu passt oder vielleicht doch sogar 2. Aber ich würde mich erst zum Ende hin auch wirklich 100%ig entscheiden, weil es ist wirklich eine knifflige Aufgabe und man sollte eigentlich den Text zum ersten Mal richtig durchgelesen haben, detailliert, also selektiv gelesen haben, um dann zu sagen, okay, das ist auch wirklich 100%ig die richtige Antwort. Ja, deswegen Markierungssystem hilft dir hier sehr dabei. So, dann sind wir im nächsten Schritt. Du hast also jetzt den ersten Absatz gelesen, hast vielleicht 1 oder 2, vielleicht sogar 3 Fragen zugeordnet, wo du sagst, das passt vielleicht dazu. Super, dann gehst du jetzt zum nächsten Absatz über und das Ganze wiederholst du also mit den folgenden Abschnitten. Das heißt, du machst alles im Schritt 3 einfach nochmal mit dem nächsten Absatz und behältst immer wieder die Fragen im Blick, während du den Absatz liest. Und dein Markierungssystem hilft dir dann einfach auch dabei. Damit du nicht zu viele Sachen aufschreibst oder so, ist es wichtig, dass du halt so ein System hast. Und dann gibt es auch nicht so ein Geschmiere und dann fällt dir das auch einfach ein bisschen alles leichter und du hast einen besseren Überblick. Wenn du dann das Ganze einmal komplett durchgelesen hast, dann kann es sein, dass du entweder den ganzen Text oder Abschnitte einfach nochmal lesen musst, weil du dir jetzt nicht ganz sicher bist, welche Frage da und da dazu passt. Und das ist ganz normal. Ja? Achte aber einfach auf die verbleibende Zeit, dass du nicht zu viel Zeit jetzt dafür aufwendest. Und
Das Gute ist, dass einige Stellen in den Absätzen dir Tipps geben, welche Fragen auch dazu passen. Das heißt, du solltest vielleicht ein bisschen auf den Ausdruck achten, die Wortwahl, den Ton, den der Autor hat. Weil das sind so Fragen, weil das sind die Sachen, worauf sich die Fragen so ein bisschen beziehen. Und wenn du dann soweit erstmal fertig bist, dann solltest du das Ganze nochmal überprüfen, indem du einfach nochmal drüber fliegst und dir die Frage stellst, habe ich jetzt alle Fragen zugeordnet? Ja, super, toll. Nein, auch nicht schlimm. Dann entscheide dich einfach für eine mögliche Antwort. Es gibt so ein Auswahlverfahren, in dem du guckst, zum Beispiel diese 3, 4 Fragen, die passen auf keinen Fall. Dann hast du vielleicht nur noch 2 übrig, wo du sagst, die passen vielleicht, aber die Frage 4 passt halt besser als die andere Frage. Und dann nehme ich einfach die, auch wenn du dir jetzt nicht komplett hundertprozentig sicher bist. Aber das ist auf jeden Fall besser, als es einfach frei zu lassen, die Antwort, weil dann kriegst du natürlich deine 0 Punkte. Deswegen im Notfall kannst du auch einfach raten. Ja? Wir haben also auch keinen Absatz ohne Frage und wir haben auch keine Frage, die keine Antwort hat. Ja? Also du musst alles zuordnen können, auf jeden Fall. So, jetzt ist es soweit und wir schauen uns das Beispiel mal gemeinsam an. Damit du genügend Zeit hast, dir alles in Ruhe durchzulesen, kannst du dir das einfach herunterladen, ausdrucken und dir das in Ruhe durchlesen. Du kannst natürlich auch hier das Video einfach pausieren. Das ist jetzt eine TELC-Prüfung vom TELC-Zertifikat C1 Lesen Teil 2. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Du siehst hier, wie das Aufgabenblatt aufgebaut ist. Du hast also erst die Aufgabenstellung, dann kommt ein Beispiel, was du eigentlich einfach ignorieren kannst, aber es könnte dir einen Tipp geben zu einer anderen Frage, vielleicht. Kommt drauf an. Also schau es dir einfach ganz kurz an, wenn du möchtest. Ansonsten kannst du dann direkt übergehen und du hast dann deine Fragen und dann kommen diese Abschnitte. Und wie du siehst, die Abschnitte sind auch aufgeteilt auf B, C, D und E. A war jetzt auf der ersten Seite und so sieht dein Aufgabenblatt halt aus. Und das war's eigentlich. Und dann kannst du loslegen. So, wie du siehst, wir haben hier die Aufgabenstellung, die gucken wir uns mal ganz kurz an. Kannst du aber in der Prüfung dann einfach ignorieren. Lesen Sie den folgenden Text. In welchem Textabsatz A bis E finden Sie die Antworten auf die Fragen 7 bis 12? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Jeder Absatz kann Antworten auf mehrere Fragen enthalten. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 7 bis 12 auf dem Antwortbogen. Los geht's. Wir sind also jetzt im Skimming und das kannst du jetzt mal für dich selber probieren, indem du einfach das Video pausierst und mal versuchst drüber zu skimmen. Ich mache das jetzt einfach mal mit dir zusammen für den ersten Absatz und die anderen kannst du dann selber mal überfliegen. Genau, also ich gehe jetzt über Absatz A und gehe immer so ein bisschen von links nach rechts. Also ich sehe zum Beispiel als erstes schon mal das Wort Stolz und dann Ziele. Jetzt gehe ich wieder ein Stückchen vor. Ergebnis, Großtat, Oktober, Gartenland, München, Gemüse, kommendes Jahr. Okay, wie wir auch in der Überschrift sehen, es geht um eine Hobbybäuerin, also es geht irgendwie um Gemüseanbau und dass sie irgendein Ziel halt im Kopf hat und sich etwas wünscht, etwas zu tun. Und sie wohnt wohl in der Stadt, also irgendwie um so einen Hobbygarten, obwohl sie in der Stadt wohnt und so weiter. Genau, das konnte ich jetzt herauslesen. So, und du pausierst das Video jetzt einfach mal am besten oder druckst dir die PDF aus und dann kannst du das ganze Skimming mal mit dem Rest auch machen. Du kannst jetzt gerne pausieren. Ich gehe jetzt ein Stück weiter, da siehst du dann auch noch die anderen Absätze und da kannst du auch noch mal das Video pausieren. So, nun sind wir dabei und müssen die Fragen lesen und gleichzeitig Schlüsselwörter unterstreichen. Wie du siehst, die Fragen sind doch sehr kurz und es gibt eigentlich nur ein markantes Wort in jeder Frage. Wir lesen das jetzt mal gemeinsam durch.
Ist die Autorin, also in welchem Abschnitt ist die Autorin belehrend oder in welchem Abschnitt ist die Autorin polemisch? Wo übt die Autorin Selbstironie? Wo übt die Autorin Kritik? Wo zieht die Autorin Lehren für die Zukunft? Da sind jetzt 2 Wörter, die man unterstreichen kann. Und in welchem Abschnitt will sich die Autorin profilieren? Jetzt kann es natürlich sein, dass du vielleicht sagst, oh Gott, was ist denn polemisch oder was ist denn profilieren? Ja, das sind sogar für Muttersprachler schwierige Wörter, weil das einfach Fremdwörter sind. Ja, wenn du Probleme hast mit belehrend zum Beispiel, dann überlegst du Lehren. Guck dir mal den Wortstamm an. Wir haben Lehren mit drin. Und dann unten aber haben wir auch nochmal Lehren für die Zukunft. Also da aufpassen, das auf jeden Fall nicht verwechseln und einfach versuchen, dir eine Definition, eine Bedeutung des Wortes selbst herauszufinden. Wenn du jetzt aber da sitzt und sagst, ich habe keine Ahnung, was polemisch heißt und ich kann mir auch nichts ausdenken, was es jetzt sein könnte, mach dich nicht verrückt. Es hilft natürlich, wenn du vielleicht noch eine andere Sprache sprichst, die vielleicht auch auf dem Latein basiert oder so. Das wäre natürlich super. Ich weiß jetzt nicht genau, woher das Wort polemisch kommt. Es kann natürlich auch aus dem Griechischen oder so kommen. Aber wir haben viele Fremdwörter, die auf dem Latein basierend sind. Also falls du vielleicht auch noch Englisch sprichst oder Französisch, Italienisch, keine Ahnung, überleg doch einfach mal. Gibt es in meiner Muttersprache ein Wort, was auch so ein bisschen ist? Oder gibt es in meiner vielleicht sprichst du noch eine dritte Sprache, ja? Vielleicht sprichst du Englisch und sagst, gibt es da irgendein Wort, was auch so den Wortanfang mit Polem hat? Und dann kommst du vielleicht auf die Idee, was es bedeuten könnte. Wenn das nicht klappt und du hast wirklich 0 Ahnung, was das heißt, dann lässt du es einfach erstmal weg. Dann ignoriere die Frage 8. Ja? Mach einfach mal weiter, als wären da nur 5 Fragen. Geh in die Absätze über, lies sie dir durch, vergleiche sie mit den Fragen, was passt. Und vielleicht hast du Glück und du hast am Ende einen Absatz übrig, der einfach nicht kritisch ist, der nicht belehrend ist, der nicht ironisch ist und so weiter. Ja? Und du sagst, das kann dann einfach nur noch dieses polemisch sein. Und dann ordnest du das dann halt einfach zu. Ja? Kann natürlich sein, dass das so kommt. Ansonsten einfach raten. Ja? Also auf keinen Fall irgendwas freilassen. Ich gebe dir jetzt, also du kannst gerne im Internet jetzt mal gucken, was diese Wörter bedeuten. Ansonsten gebe ich dir einfach mal ganz kurz eine ungefähre Bedeutung. Polemisch heißt so viel wie aggressiv, ja, verärgert vielleicht. Und unten bei profilieren, das könnte vielleicht auch noch ein bisschen Probleme machen. Profilieren heißt so viel wie, wenn man sich gut darstellen möchte, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich bin gut darin, ich kann das super, ja, so. Das ist so das heißt profilieren. Genau, also wir haben jetzt die Fragen gelesen, haben die Schlüsselworte unterstrichen, haben also jetzt auch einen guten Überblick, weil den Anfang dieser Frage, die muss man sich ja gar nicht mehr angucken, sondern wirklich nur diese Wörter, die sind wichtig für uns. Und dann gehen wir über in den nächsten Schritt. Wir sind also jetzt beim ersten selektiven Lesen und lesen uns jetzt den ersten Absatz durch. Gleichzeitig sollten wir die Fragen im Hinterkopf behalten und wir haben sie ja auch auf unserem Aufgabenblatt über dem Absatz liegen. Ja, man sieht sie also da die ganze Zeit und deswegen ist es auch sehr gut, wenn du dir das unterstrichen hast, damit du das im Blick hast. Und jetzt solltest du selektiv lesen. Das heißt, du liest jetzt detailliert zum ersten Mal diesen Absatz durch und achtest darauf auf irgendwelche Tipps, Informationen, die mit diesen Fragen zu tun haben könnten. Ja? Also etwas Belehrendes, etwas Aggressives, etwas Ironisches, Kritik oder wo man sich sehr gut sprechen möchte. Ja? Oder auch Lehren für die Zukunft. Genau, das war auch noch dabei. Los geht's. Also, ich bin stolz auf mich und fühle mich richtig gut, weil ich meine ambitionierten Ziele bis jetzt immer realisieren konnte. Und da sticht mir sofort was ins Auge und zwar dieses Ich bin stolz auf mich und fühle mich gut. Ja? Das hört sich schon mal sehr gut an. Wir lesen weiter. Damit meine ich nicht nur die beruflichen Ziele, sondern auch meine privaten, denn diese können ja bekanntlich gleichermaßen anspruchsvoll sein. Wenn ich jetzt nach vielen Jahren Bilanz ziehe, macht mich das Ergebnis sehr zufrieden. Bin ich vielleicht sogar eine Heldin?
Das ist auch was sofort heraussticht. Bin ich vielleicht sogar eine Heldin? Ich denke, es geht ihr hier um Gärtnern, ja? Eine Heldin? Okay. Diese Frage habe ich mir nun eine Woche lang gestellt. Nicht, weil ich unbedingt mit einer Großtat in die Geschichtsbücher eingehen wollte, sondern vor einer weiteren Herausforderung stehe. Eine selbst auferlegte Aufgabe, die es zu meistern gilt. Ich muss mich bis Ende Oktober entscheiden, ob ich mein Stück Gartenland auch im nächsten Jahr wieder bestellen will. Wenn ja, wird es für mich reserviert, sobald der Frühling kommt. Es liegt vor den Toren Münchens und ich habe darauf nun einen Sommer lang Gemüse angebaut. Wenn ich Hobbybäuerin bleiben will, muss ich mich bereits jetzt als Ackerheldin für das kommende Jahr anmelden. Und da haben wir noch so ein Wort Ackerheldin. Also irgendwas Übertriebenes ist ja auf jeden Fall dabei. Und da denke ich sofort an das Profilieren. Und da ich mir aber ja jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher bin, weil es könnte ja vielleicht auch noch was anderes sein, aber mir schießt sofort Profilieren in den Kopf, dann schreibe ich mir das mal hin und mache mir ein Fragezeichen dazu. Also Profilieren war auf Frage 12 und da denke ich, könnte vielleicht A dazu passen, mache mir aber noch ein Fragezeichen dazu. Dann habe ich aber auch noch gedacht, vielleicht ist es auch ironisch gemeint, bin mir nicht so sicher, also schreibe ich das da oben auch mal hin und gucke aber noch so ein bisschen im Text rum, weil vielleicht bin ich sogar eine Heldin, könnte ja auch ironisch gemeint sein. Aber wenn ich hier nochmal lese, ich bin so stolz auf mich, weil ich meine ambitionierten Ziele bis jetzt immer realisieren konnte. Also sie gibt auch einen Grund dafür, warum sie so stolz auf sich ist. Das hört sich dann schon wieder nicht mehr so sehr nach Ironie an. Hier unten habe ich aber auch noch was gefunden. Und zwar steht hier, vor einer weiteren Herausforderung stehe ich und ich muss mich bis Ende Oktober entscheiden. Also das hat auch ein bisschen was mit Zukunft zu tun. Und da könnte man jetzt aber überlegen, hat denn das was mit Lehren zu tun? Zieht sie Lehren für die Zukunft? Und da steht jetzt eigentlich nichts dabei, sondern sie hat sich halt die Aufgabe gemacht, etwas zu meistern. Sie muss das bis Ende Oktober entscheiden, ob sie halt nächstes Jahr das wieder machen will und so weiter. Aber sie hat da jetzt nichts von Lehren gesagt. Also sie hat jetzt nichts weiterhin dazu erzählt. Ja, also sie redet zwar von der Zukunft, aber nicht, dass sie Lehren daraus gezogen hat in dem Falle. Deswegen kann man das auch wieder durchstreichen. Das passt also nicht. Und mit der Ironie vorhin, sie sagt, warum sie so stolz ist und so. Also sie meint das wirklich ernst. Sie ist jetzt nicht ironisch. Dann würde ich das auch wieder durchstreichen. Und es sieht wirklich so aus, als wäre die Frage 12 die richtige. So, wir befinden uns also nun im nächsten Absatz. Und zwar sind wir jetzt im nächsten Schritt. Also wir sind immer noch beim selektiven Lesen, aber gehen jetzt in den nächsten Absatz über und wiederholen das Ganze nochmal. Ich lese also jetzt selektiv meinen Text und achte auf irgendwelche Informationen, die hilfreich sein könnten. Lesen wir wieder zusammen. Bin ich nun eine Heldin oder nicht? Das sticht mir auch sofort wieder in den Blick. Nun kann man über meine Leibesstärke diskutieren. Ich würde jedenfalls behaupten, meine geistige Stärke ist ausgeprägter und besondere Tapferkeit kann ich mir auch nicht wirklich zusprechen. Ich war höchstens eine Heldin der Arbeit, als ich auf dem Acker herumkroch. Also das ist jetzt so ein bisschen lustig, ja? Menschen, die mich kennen, hätten mich in meinem Outfit nicht wiedererkannt. Ich habe gebuddelt, was das Zeug hielt. Und an besonders warmen Tagen konnte ich meinen Körpergeruch selbst kaum ertragen. Also da ist jetzt sehr, sehr Witz dabei. Sie macht sich so ein bisschen über sich selber lustig, ja. Lesen wir weiter. Mit schwarzen Fingernägeln und zerzaustem Haar fuhr ich dann nach getaner Arbeit nach Hause und war froh, dass ich zumindest dazu noch in der Lage war. Ich hatte also die Schlacht gewonnen. Mein Leben habe ich dabei nicht riskiert, höchstens ab und zu meine körperliche Unversehrtheit, wenn die Mücken mal wieder zubissen oder der Muskelkater schmerzte. Immerhin stellte ich mich allwöchentlich dem Kampf gegen einen unerbitterlichen Kontrahenten, das Unkraut. So gesehen bin ich zumindest eine Ackerheldin, die den Kampf für sich entscheiden konnte. Und so weiter und so weiter. Also man sieht da schon, es ist sehr viel Witz dabei und sie macht sich so ein bisschen über sich lustig, selbst. Und da sind wir sofort bei der Selbstironie.
Wenn man sich da noch nicht so noch nicht so sicher ist, kann man das auch wieder erstmal mit einem Fragezeichen schreiben. Hier unten steht noch was. Wenn ich mich mal nicht aufraffte, zum Feld zu fahren, plagte mich das schlechte Gewissen. Das ist vielleicht ein bisschen Kritik, könnte man noch mit hinschreiben, wenn man sich wirklich nicht sicher ist. Aber ich muss sagen, sie kritisiert sich jetzt hier eigentlich nicht so sehr, weil sie hat ja doch viel gemacht. Also man sieht schon, sie hat viel gearbeitet und so weiter, aber erzählt das alles mit Witz und Ironie, macht sich so ein bisschen über sich lustig und das ist auch der Hauptteil von diesem Text. Also sie hat eigentlich keine viel Kritik, also sie übt hier eigentlich überhaupt keine Kritik großartig aus und deswegen würde ich auf jeden Fall die Frage 10 passt da nicht so ganz, sondern es hört sich alles nach Frage 9 an, nach Selbstironie. So, und dann machst du das mit den nächsten Absätzen auch einfach so weiter. Wenn du dann fertig bist, solltest du das Ganze vielleicht nochmal selektiv lesen, beziehungsweise 1 oder 2 Abschnitte, wo du dir wirklich nicht sicher bist, musst du das vielleicht nochmal wiederholen. Und dann gehst du auch zum allerletzten Schritt über und überprüfst das Ganze nochmal. So, und nun hast du es auch schon geschafft. Zumindest ist das Video jetzt erstmal vorbei. Und ich bin mir sicher, dass du das TELC-Zertifikat C1 Lesen Teil 2 auch gut schaffen wirst. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Glück. Und wie versprochen, ganz am Ende jetzt noch der kleine Bonus. Schick uns doch mal deine Lösungen zu den Aufgaben. Und zwar schreibst du die hier unter das Video in die Kommentare. Und das Gute dabei ist, die ersten 5 Kommentare bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur dazu. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit und viel Spaß! Hat dir das Video gefallen? Super! Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Nachdem du Lesen Teil 2 jetzt auch geschafft hast, bleibt nur noch ein Teil übrig und das ist Lesen Teil 3. Also mach doch da direkt weiter. Klick doch mal gleich hier oben, denn da geht es direkt weiter zum nächsten Video. Wenn du dir andere Teile anschauen willst, dann schau dir doch mal unsere Liste an. Da ist alles aufgelistet und da kannst du auch direkt draufklicken. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also bis dahin. Ciao! In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat C1. Und zwar gehen wir Lesen Teil 3 gemeinsam durch. Außerdem habe ich dir Übungsmaterial in Form von PDFs zum Herunterladen bereitgestellt. Und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also, es lohnt sich. Bleib dran und viel Spaß! Und damit du immer auf dem Laufenden bleibst und nichts verpasst, solltest du hier unten gleich auf Abonnieren klicken. Und dann können wir auch schon loslegen. Stimmt das? Hier geht es darum, Details im Text zu erkennen und diese auch verstehen zu können. Und zwar in der TELC-Prüfung C1 Lesen Teil 3. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung C1 Lesen Teil 3. Und schon legen wir auch los. Ich zeige dir mal, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar siehst du als allererstes einen kleinen Überblick über die Prüfung, wie die abläuft und wie die bewertet wird. Und danach zeige ich dir, wie du dich super vorbereiten kannst für diesen Teil der Prüfung. Danach schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Und dann zeige ich dir sogar noch ein Beispiel, das wir kurz und knapp gemeinsam durchgehen. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und wie versprochen gibt es am Ende noch einen Bonus. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei und ich wünsche dir viel Spaß. Nun schauen wir uns also zunächst einmal einen Überblick an. Ganz am Anfang möchte ich dir aber noch sagen, du findest diesen Teil der Prüfung als Modelltest, als PDF zum Herunterladen hier in einem Link unter diesem Video. Also hol dir das, schau es dir an, druck's dir aus, schau es dir genau mal an, lese es dir durch und damit kannst du dann auch gut üben. Ich gebe dir jetzt erstmal einen Überblick und zwar fragst du dich vielleicht, wenn du dir die Prüfung noch nicht so genau angeschaut hast, was wird denn hier getestet? Und zwar gibt es im TELC-Zertifikat C1 Lesen Teil 3. Es geht also jetzt nur um das Leseverständnis, Teil 3. Da bekommst du einen Text, der ist relativ lang, ca. 2 Seiten lang.
Und dazu bekommst du 11 Aussagen. Und dann musst du zu diesen Aussagen sagen, dass die entweder richtig sind, also die stehen so im Text, oder sie sind falsch, es stimmt nicht, oder die sind gar nicht vorhanden. Also man kann sie nicht im Text finden. Du hast für das ganze Leseverständnis plus die Sprachbausteine, das ist auch noch ein Teil, den kannst du dir später in einem anderen Video auch noch anschauen. Dafür hast du insgesamt 90 Minuten Zeit. Es ist also diese Zeit, in der du selbstständig lesen musst und Aufgaben lösen sollst. Und deswegen kannst du dir diese Zeit auch selbstständig aufteilen. Du sollst dir also, wenn du jetzt schon übst, sollst du gucken, was dir am einfachsten fällt und auch mal die Zeit stoppen, wie lange du für die einzelnen Aufgaben brauchst, damit du dann in diesen 90 Minuten auch alles schaffst. Und dann bist du auch gut vorbereitet und schaffst das auch mit dem Zeitmanagement in der Prüfung. Außerdem fragst du dich vielleicht, worauf wird denn hier geachtet? In den anderen Prüfungen wie Sprechen und Schreiben, da gibt es auch interne Prüfungskriterien, aber hier halten sich die Bewertungen an einen Rahmen, das ist der GER, der gemeinsame europäische Referenzrahmen, und den kannst du dir gerne im Internet mal raussuchen. Da kannst du dir allgemein durchlesen, was du einfach als C1-Kandidat alles so wissen solltest, und kannst auch direkt nochmal nachlesen, was du auch in Sachen Lesen alles so können musst. So, jetzt hast du einen Überblick erhalten und wir legen aber jetzt direkt los. Und zwar zeige ich dir jetzt, wie du dich auch sehr gut vorbereiten kannst für die Prüfung und wie du zu Hause auch schon gut üben kannst. Wir sind also immer noch im TAG-Zertifikat C1 Lesen Teil 3. Und wenn du meine anderen Videos angeschaut hast, von Lesen Teil 1, Lesen Teil 2, dann kennst du sicherlich schon die Sachen, die jetzt kommen. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil dann musst du dich eigentlich nur einmal vorbereiten. Ja? Wenn du diese Vorbereitung machst, dann bist du eigentlich für die ganze Leseprüfung gut vorbereitet. Okay? Es ist nämlich immer wichtig, zum Beispiel auch Vorwissen und Wortschatz zu erweitern. Und das ist nicht nur für Lesen wichtig, sondern für alle Gebiete der Prüfung. Und auch nicht nur für die Prüfung, sondern natürlich auch für dich selber, in deinem Alltag, im Beruf und so weiter, ist es natürlich immer gut, gerade wenn du in Deutschland lebst, dass du dein Deutsch einfach verbesserst. Auch in deiner Muttersprache ist es natürlich gut, wenn man sich sprachlich auch immer verbessert. Ja, auch wenn das deine Muttersprache ist, ist es immer gut, wenn man sein Wissen erweitert, und somit erweitert sich auch der Wortschatz von ganz alleine. Und das kannst du machen, indem du dir Nachrichten anschaust, die Zeitung liest, Dokumentationen anschaust oder anhörst. Es gibt ja auch viele Podcasts und so. Und da kannst du auf allen Ebenen üben. Du kannst schauen, du kannst lesen, du kannst hören. Du hast so viele Möglichkeiten im Internet, im Fernsehen. Also da kann man eigentlich, da kann man nicht sagen, ach, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich üben soll, weil es gibt wirklich so viele Möglichkeiten. Podcasts, Videos, YouTube und so weiter, ja. Und dann solltest du aber vielleicht so vorgehen, du hast dir jetzt was gesucht, ja, vielleicht in der Zeitung, einen Artikel oder so, such dir mal aktuelle Themen, weil es ist besonders bevor du in die Prüfung gehst, ist es wichtig, dass du auch über aktuelle Themen Bescheid weißt, weil diese Themen sind auch gerne mal, kommen auch gerne mal in der Prüfung vor. Da bin ich sage immer erneuerbare Energien, das ist so ein wichtiges Thema, gerade Umweltschutz und solche Sachen oder auch so Pandemien wie Corona-Pandemie und solche Sachen. Wenn man da ein bisschen was in der wissenschaftlichen Seite her Bescheid weiß und auch politisch ein bisschen Bescheid weiß, dann ist man da auch immer auf der guten Seite. Genau. Und dann solltest du aber zum Beispiel gucken, dass du auch schwierige oder für dich auch uninteressante Themen findest. Das ist ganz wichtig, weil du sicherlich in den Themen, in denen du dich auskennst, in denen hast du ja schon Vorwissen und in denen hast du auch einen bestimmten Wortschatz. Aber wenn es jetzt wie gesagt, für mich zum Beispiel das Thema erneuerbare Energien oder sowas, Elektroautos und so, da bin ich zum Beispiel persönlich nicht 100%
in der Materie drin, ja. Und deswegen wäre es für mich jetzt, wenn ich in so eine Prüfung reingehe, zum Beispiel auch wichtig, dass ich schaue, dass ich da politisch und so weiter aktuell auf dem aktuellen Stand bin und würde das nochmal durchüben, dass ich da auch wirklich die Vokabeln kenne und verstehe. Und das ist zum Beispiel ein schwieriges oder ein eher uninteressantes Thema im Moment für mich. Zum Beispiel. Ja, es gibt natürlich ganz viele andere Sachen. Aber denk doch mal wirklich drüber nach, was ist gerade aktuell? Wovon habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung? Und was fällt mir einfach schwer? Und dann nimmst du diese Themen. Und genau das Ganze, nicht einfach nur Vokabeln aufschreiben. Es geht auch nicht nur um den Wortschatz zu diesem bestimmten Thema, sondern wenn du irgendeinen Zeitungsartikel liest oder so, dann findest du vielleicht auch ein Verb, wo du sagst, ich kann das nicht richtig benutzen, das ist schwierig für mich oder so. Und das kannst du dann auch nehmen. Und dann solltest du es natürlich auch mal aufschreiben, aber mach dir nicht einfach nur eine Vokabelliste. Das hast du nämlich morgen dann auch wieder vergessen, sondern du solltest diese Wörter dann natürlich auch in deinen Alltag integrieren und sie einfach mal benutzen. Aufschreiben, sie aussprechen und so weiter. Das hilft dann erst, damit du sie richtig einprägen kannst. Im nächsten Schritt solltest du mal das Skimming üben. Und das kannst du direkt machen, wenn du sagst, ich nehme mir so einen Zeitungsartikel, dann kannst du direkt mit diesem Artikel loslegen und das Skimming üben. Das ist nämlich allgemein wichtig für die ganze Prüfung. Und das machst du so, indem du dir, wie gesagt, einen beliebigen Text einfach mal nimmst. Und dann schaust du dir die Überschrift mal nicht an, wenn das möglich ist. Und überfliegst den Text so ein bisschen wie von oben links nach unten rechts. Das musst du nicht starr so machen, aber du sollst einfach mal so drüber fliegen, ja? Und nicht Satz für Satz lesen. Das ist ganz wichtig. Und das nennt man das Skimming, das Überfliegen. Und diese Regeln sind einfach, dass du, wie gesagt, nicht Satz für Satz lesen sollst. Und bei dem Überfliegen sollst du auf ein paar wichtige Wörter achten, die herausstechen, irgendwelche Substantive oder Verben, die du siehst. Und hast du dann immer noch den Inhalt nicht so ganz herausgeskimmt oder herausfiltern können, dann kannst du auch mal den ersten Satz eines Absatzes lesen, weil der gibt dir auch noch mal ein bisschen Information. Das ist wie so eine kleine Zusammenfassung. Und dann kannst du überlegen, was denn das Thema hier sein könnte oder wie die Überschrift lauten könnte, und dann schaust du dir die Überschrift dazu an. Dann hast du richtig gelegen, super, dann hast du jetzt das Skimmen gelernt. Als nächstes, wir waren eben beim Skimmen, solltest du auch das Lesen üben. Wir sind ja hier im Leseverständnis und da sollte man auch nochmal das Lesen üben. Und da denkst du jetzt vielleicht, ich kann doch lesen. Aber das Problem ist, dass wir hier wirklich wenig Zeit haben und lange Texte. Das heißt, du musst lange Texte schnell lesen können und das aber auch detailliert. Und das ist wirklich schwierig. Es kann sein, dass du ein langsamer Leser bist oder dass du allgemein einfach nicht so oft liest. Deswegen kannst du es einfach nochmal ein bisschen üben. Und da, wie vorhin auch gesagt, verbesserst du gleichzeitig dein Wissen, deinen Wortschatz, deine Grammatik und so weiter auf ganz vielen Ebenen. Und ja, Lesen findest du auch nicht nur hier im Leseverständnis, sondern auch in anderen Teilen der Prüfung musst du erst nochmal einen Text lesen oder so, bevor du Aufgaben lösen kannst. Und um das Ganze nochmal zusammenzupacken für dich als Paket sozusagen, such dir also mal einen langen Text. Wir haben ja hier dann im Lesen Teil 3 einen zweiseitigen Text, also es ist ein doch langer Text, den man lesen muss. Also such dir auch etwas Langes und nichts Kurzes und dann übst du mal das Skimmen und dann liest du auch nochmal detailliert. Und du solltest den ganzen Text komplett durchlesen und komplett durch den Text auch auf Details achten. Und dann solltest du wirklich versuchen, den Inhalt und alle Zusammenhänge auch zu verstehen. Ja, wenn du jetzt irgendwo an der Stelle bist, wo du sagst, verstehe ich nicht, egal, sondern nein, versuche wirklich mal das zu verstehen, weil in der Prüfung ist es dann auch wichtig, dass du alles verstehst, gerade auch in Lesen Teil 3. Und dann kannst du dir vielleicht auch selber einfach mal ein paar Fragen dazu stellen und gleichzeitig dieses selektive Lesen auch dazu üben. Das haben wir jetzt im Teil 3 des Leseverständnisses nicht. Es geht jetzt nicht direkt ums selektive Lesen, aber das kann man damit dann auch schön üben, wenn man sich einfach noch mal ein paar Fragen stellt und zu bestimmten Absätzen geht und da das versucht herauszufiltern.
Auch ein guter Tipp ist noch dein Deutschbuch. Da hast du direkt auf C1-Niveau auch diese Texte und da sind auch längere Texte drin. Und wenn du da einen Text hast, der dir schwer fiel oder den ihr gar nicht im Deutschunterricht gemacht habt oder so, dann nimm dir doch mal den Text und übe damit. So, dann auch noch eine Sache in Sachen Vorbereitung, die dir einfach überall helfen kann, in der ganzen Prüfung. Denk dir ein Markierungssystem aus. Dieses System hilft dir dann komplett in der ganzen Prüfung. Und das hilft dir nämlich Zeit zu sparen und damit du einfach nicht stecken bleibst. Weil stecken bleiben ist ganz schlecht in so einer Prüfung, weil man einfach wenig Zeit hat. Finde dabei wirklich ein System, was auch zu dir passt. Das, was ich dir jetzt erzähle, sind nur Beispiele. Und überlege dir einfach was, was du dir gut einprägen kannst und was du auch gut anwenden kannst. Also zum Beispiel, wenn du nicht ganz sicher bist, machst du dir vielleicht ein Fragezeichen hin. Wenn du dir doch sicher bist, kannst du dir zum Beispiel die Antwort neben die Lücke oder die Frage oder so schreiben. Hier haben wir ja Aussagen, ne? Da kannst du dann die Antwort direkt daneben schreiben oder etwas unterstreichen und ein Ausrufezeichen hinmachen oder so. Und bei Lücken, Fragen, Aussagen, also das betrifft jetzt wirklich komplett alle Prüfungsaufgaben, ja. Wenn du da wirklich irgendwas nicht weißt, kannst du dir ein X markieren, wo du weißt, okay, hier muss ich nachher unbedingt nochmal zurückkommen zu dem X. Und da brauche ich vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Zeit, ja. Das kannst du dir dann auch in dein Zeitmanagement einprägen. Ich hatte da oben eine Stelle, die ich unbedingt noch machen muss, ne. Und wichtig ist aber, deswegen solltest du dir so ein System einfach vorher schon mal überlegen, damit du in der Prüfung nicht zu lange Zeit verbringst mit Notieren und Markieren und so weiter. Also wenn du ein gutes System hast, kannst du das auch sehr schnell anwenden und deswegen solltest du das auch zu Hause schon mal üben mit so einem Modelltest. Und sobald du dir auch wirklich sicher bist, kannst du die Antwort natürlich auch dann durchstreichen oder auch schon auf den Antwortbogen schreiben. Es kommt auf die Aufgabe drauf an. So, ich hoffe, jetzt bist du erstmal gut vorbereitet. Jetzt kannst du erstmal kurz durchatmen. Jetzt kommt die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also, wir sind immer noch beim TELC-Zertifikat C1 Lesen Teil 3 und wie auch in allen anderen Teilen der Prüfung bekommst du immer von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du vorgehen solltest. Es ist nämlich ganz wichtig, damit du den Faden nicht verlierst, damit du nicht durcheinander kommst, ist es wichtig, dass du Schritt für Schritt vorgehst. Das jetzt ist ein Beispiel. Ich denke, das ist eine gute Vorgehensweise, dass man da die Aufgabe so schnell wie möglich auch lösen kann und erfolgreich lösen kann. Du kannst natürlich für dich selber auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden, die vielleicht besser zu dir passt, wo du auch gut vorankommen kannst in der Aufgabenlösung. Wenn du keine Idee hast, dann folge einfach meiner Anleitung und dann bist du auf der sicheren Seite. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du auch wieder herunterladen als PDF und den Link findest du unter diesem Video. Also, legen wir los. Der erste Schritt ist das Skimming. Das haben wir eben ja in unserer Vorbereitung schon gesehen. Erstmal deinen Text überfliegen. Das gibt dir einen Überblick zum Thema ungefähr. Wir haben nämlich hier jetzt keine Überschrift drüber stehen. Das siehst du auch gleich. Deswegen ist es auch gut, dass du erstmal skimmst und dann weißt du, worum es überhaupt geht. Und du hast dann auch schon erste Ideen zum Aufbau vom Text und so weiter. Und die Überschrift solltest du aber jetzt noch nicht herausfinden. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig, sondern das machst du am Ende. Und auch nichts unterstreichen. Es geht wirklich nur ums Skimmen, also drüber fliegen. Als nächstes, jetzt sind wir im eigentlichen Schritt, also die eigentliche Aufgabe. Jetzt schaust du dir diese Aussagen an. Du hast jetzt den Text ganz kurz überflogen, ist erstmal nicht wichtig, den liest du dann ja sowieso nochmal durch. Aber jetzt ist es wichtig, dir die Aussagen genau anzuschauen und diese auch dann die Schlüsselwörter zu suchen. Die Aussagen findest du auf der letzten Seite. Wir haben also erst unseren langen Text, den hast du jetzt überflogen und auf der nächsten Seite sozusagen findest du dann deine 11 Aussagen. Die schaust du dir erstmal in Ruhe an, liest sie dir der Reihe nach durch
Und gleichzeitig während dem Lesen, damit du keine Zeit verlierst, solltest du Schlüsselwörter unterstreichen. Das ist jetzt, es geht nicht ums selektive Lesen, deswegen sind die Schlüsselwörter jetzt nicht sehr, sehr wichtig, aber ich würde es trotzdem 1, 2 Wörter unterstreichen, damit du einfach einen schnellen Überblick hast und zeitlich dann auch schneller vorankommst. Im nächsten Schritt legen wir jetzt los und jetzt musst du detailliert lesen. Du hast also jetzt alles überflogen, mal angeschaut und so weiter und jetzt geht es erst richtig los. Du gehst also zu deinem ersten Absatz und liest ihn in Ruhe durch. Ja, dein Markierungssystem kann dir jetzt dabei helfen und du gehst jetzt aber hier ab nun an auch Schritt für Schritt vor. Ja, du liest also jetzt den ersten Absatz detailliert durch und dann guckst du zur ersten Aussage rüber und liest die auch nochmal durch. Und dann schaust du, ob da irgendwelche ob die Informationen passend sind. Und dann musst du ja schauen, ob es richtig ist, was im Text steht, also ob ob die richtig ist zu dem, was im Text steht, oder ob die falsch ist oder ob die gar nicht darin vorkommt. Und zwar sollst du ja jetzt hier nicht selektiv lesen, sondern detailliert. Das heißt, du musst wirklich die Informationen im Text sowie in der Aussage auch richtig verstehen. Wir suchen also nicht ein bestimmtes Wort oder so. Dann sind wir immer noch in dem ersten detaillierten Lesen, aber jetzt machst du dann auch weiter. Du machst also den Schritt 3, den wir eben hatten, nochmal mit dem nächsten Absatz und den nächsten Aussagen. Wenn du jetzt aber in deinem ersten Absatz bist und denkst, ach, irgendwie passt das nicht so ganz, dann kannst du auch die zweite Aussage schon dazu lesen. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Der Text ist nicht 100% erster Absatz, erste Aussage, zweiter Absatz, zweite Aussage. So ist es nicht. Deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Aber er ist trotzdem chronologisch aufgebaut. Das heißt nicht, dass die letzte Aussage vielleicht ganz oben im Text steht. Nein, die letzte Aussage steht auch unten im Text. Aber der Anfang gehört zu den ersten Aussagen. Das heißt aber nicht, dass der erste und zweite Absatz zu dem ersten und zweiten Aussage gehört, sondern vielleicht zur ersten, zweiten, dritten. Ja? Wir sehen das gleich in dem Beispiel gemeinsam. Behalte also deine Aussagen im Blick, während du den nächsten Absatz liest und wieder dein Markierungssystem sollte dir hier beim Überblick auch helfen. Wenn du dann den ganzen Text detailliert gelesen hast deine Aussagen hoffentlich alle beantwortet oder es fehlen noch 1, 2, dann kann es sein, dass du nochmal detailliert lesen musst. Es kann sein, dass du irgendwo was nicht verstanden hast. Vielleicht hast du den X irgendwo hingeschrieben, neben einem Abschnitt, dann musst du nur den Abschnitt nochmal lesen und nicht den ganzen Text, aber das liegt an dir. Es ist oft so, dass man das einfach nochmal lesen muss. Und da geht es dann ein bisschen schneller, weil man ja den Text schon einmal gelesen hatte. Achte aber wirklich dabei auf deine verbleibende Zeit. Und achte auch auf einige Stellen in den Absätzen, die dir Tipps geben, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Und da kannst du nach Schlüsselwörtern schauen, Synonyme und Umschreibungen. Ganz am Ende immer wichtig, nochmal alles überprüfen, nochmal alles überfliegen. Hast du alle Aussagen irgendwie zuordnen können? Also hast du die Aussagen als richtig oder falsch? Oder vielleicht gibt es sie ja gar nicht im Text, ja, beantworten können. Ja, super, gut. Dann kannst du das Ganze auch auf deinen Antwortbogen übertragen. Oder nein, auch nicht schlimm. Dann musst du dich aber für irgendeine mögliche Antwort entscheiden, weil wir wollen das natürlich nicht freilassen. Da kannst du zum Beispiel das Auswahlverfahren benutzen, weil wir haben ja hier sozusagen so eine Art Multiple Choice, ja, richtig, falsch oder nicht vorhanden. Und dann kannst du schon mal sagen, okay, richtig ist es auf keinen Fall. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es falsch ist oder ob es gar nicht vorhanden ist. Ja, dann hast du schon mal nur noch 2 Möglichkeiten. Und wenn du dann die Antwort immer noch nicht weißt, kannst du zwischen diesen 2 Möglichkeiten einfach eine auswählen, raten und wenn du Glück hast, hast du halt dann die Punkte und wenn nicht, hast du sie halt nicht. Aber besser, als es freizulassen, auf jeden Fall. Und hier jetzt im Lesenteil 3 ganz, ganz wichtig, vergiss die Überschrift nicht. Es ist gut möglich, dass du alle Aufgaben gemacht hast und am Ende denkst du, oh, jetzt bin ich fertig, vergiss aber die letzte Aufgabe bitte nicht. Die letzte Aufgabe war nämlich, eine Überschrift zu finden. Du kennst jetzt die ganze Information von deinem Text und dazu solltest du jetzt eine passende Überschrift noch aussuchen. Und
Wenn du da auch Probleme hast, dann dieses Auswahlverfahren nochmal anwenden. Ja, ist es jetzt A, B oder C? Welches passt auf keinen Fall? Dann hast du nur noch 2 übrig, von denen du dich entscheiden musst. Und schau auch mal nach Schlüsselwörtern. Nun geht es richtig los und wir schauen uns ein Beispiel gemeinsam an. Also ganz am Anfang zeige ich dir erstmal das Aufgabenblatt, wie das ungefähr aussieht. Wie du siehst, du hast hier gleich deine Aufgabenstellung, die fehlende Überschrift und dann den Text. Auf der zweiten Seite ist dann der Rest vom Text. Das war er dann auch schon, also 2 Seiten Text haben wir. Und auf der letzten Seite hast du die 11 Aussagen, Nummer 13 bis 23 und unten dann die 24 noch die Überschrift. Wie du eben vielleicht gesehen hast, hatten wir in unserem Text 13 Absätze, aber 11 Aussagen. Also wie ich vorhin auch beschrieben habe, hast du nicht pro Absatz eine Aussage. So funktioniert es nicht, aber es läuft schon chronologisch mit dem Text mit. Wir schauen uns hier nochmal die Aufgabenstellung an. Lese, verstehen Teil 3. Lesen Sie den folgenden Text und die Aussagen 13 bis 23. Welche der Aussagen sind richtig, plus, oder falsch, minus, oder gar nicht im Text enthalten? Da müsste dann ein X hin. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben auf dem Antwortbogen. Das ist die Aufgabenstellung. Die brauchst du dann in der Prüfung nicht nochmal durchlesen. Du hast sie ja jetzt dann schon geübt und kannst direkt mit dem Schritt für Schritt Textanleitung dann loslegen. Und schon sind wir im Skimming und da sollst du den Text überfliegen. Wir überfliegen mal ganz kurz gemeinsam die ersten 3 Absätze und nicht den ganzen Text. Das würde jetzt hier die Zeit sprengen, das kannst du selber mal probieren. Aber ich fliege jetzt einfach mal so drüber und sehe schon das erste Wort Wissenschaft und dann so ein paar Begriffe auf Englisch. Und dann gehe ich weiter. Ich gehe immer so ein bisschen von links nach rechts, aber ich lese keine Sätze durch. Weltraum, Schwächen, Filmkultur, Wissenschaft nochmal. Also es geht um Wissenschaftler im Film. Das habe ich jetzt schon mal herausfinden können damit. Jetzt bin ich im 3. Absatz, da fliege ich auch drüber. Da sehe ich auch nochmal Wissenschaftler im Film, also bin ich schon mal auf der richtigen Seite. Tiere und Menschen, künstliches Leben, Bösewicht. Ja, Frankenstein habe ich noch gesehen. Also es geht so ein bisschen um die bösen Wissenschaftler oder so im Film. Das habe ich jetzt herauslesen können. Du kannst dir den ganzen Text mal ausdrucken, zum Beispiel. Die PDF findest du ja hier unterm Video. Und dann kannst du das mal in Ruhe selber machen, das Skimming. Denn wir gehen direkt weiter. Wir sind im 2. Schritt. Und zwar sollen wir jetzt die Aussagen lesen und Schlüsselwörter suchen. Wie du siehst, ich habe jetzt hier die ersten 3 mal genommen. In den Unterhaltungsfilmen der letzten Jahre ist vielleicht auch wichtig, so eine Zeitangabe, werden Wissenschaftler vorwiegend, auf so kleine Wörter sollte man auch achten, vorwiegend als skrupellose Bösewichte dargestellt. Also das sind meine 3 wichtigen Wörter, finde ich. Ich weiß ja, es geht um Wissenschaftler, das muss ich jetzt nicht nochmal unterstreichen. Die 14. In Science-Fiction-Filmen verbinden sich archaische Erzähltraditionen, das würde ich mir auch mal unterstreichen, mit aktuellen Tendenzen der Wissenschaft. Okay, das habe ich mir auch nochmal da Wissenschaft unterstrichen, weil das mit aktuellen Tendenzen zusammenhängt. Nummer 15. In der Filmgeschichte ist die Bandbreite der Wissenschaftlertypen ausgesprochen vielschichtig. Im nächsten Schritt haben wir jetzt also unsere Schlüsselwörter unterstrichen in den Aussagen und so weiter. Wir haben geskimmt und jetzt müssen wir detailliert lesen und fangen mit dem ersten Abschnitt an, mit dem ersten Absatz. Wir lesen ihn mal gemeinsam. Die Wissenschaft und ihre Protagonisten sind inzwischen zu Lieblingen der Filmschaffenden avanciert. Lieblingen der Filmschaffenden. Hört sich für mich interessant an, habe ich mir jetzt mal unterstrichen. Das könnt ihr natürlich dann auch machen, euch in den Absätzen einfach während des Lesens etwas zu unterstreichen.
Diesen Eindruck jedenfalls bekommt schnell, wer einmal die großen Kinofilme Revue passieren lässt. Mit Alan Turing und Stephen Hawking wurden innerhalb eines Jahres in The Imitation Game bzw. The Theory of Everything gleich 2 genialen Forschern monumentale filmische Denkmäler gesetzt. Während ein sarkastisch sympathischer Botaniker und dessen Erfindergeist ins Zentrum des Geschehens auf dem roten Planeten rückte. Nur wenig früher hatten in Interstellar und Contagion Wissenschaftler heldenhaft die Menschheit vor der sicheren Auslöschung durch Umweltkatastrophen und Killerviren bewahrt. Das sind alles so Informationen gerade, die jetzt nicht so wichtig sind, weil wir ja auch nicht selektiv lesen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Filmtitel oder so herauslesen. Ne? Deswegen kann man das so ein bisschen überfliegen teilweise. Ja? Und in Gravity kämpft die Filmheldin Dr. Rhinestone nicht nur gegen die Unwirtlichkeit des Weltraums an, sondern auch gegen ihre eigenen Schwächen. Okay, wir haben so ein bisschen Zusammenfassung von Filmen hier lesen können. Und was jetzt hier für mich aber wichtig scheint, ist das Wort auch inzwischen. Wir sind ja in unserer ersten Aussage hier oben. In den Unterhaltungsfilmen der letzten Jahre werden Wissenschaftler vorwiegend als skrupellose Bösewichte dargestellt. Hat jetzt nicht so gut gepasst. Also inzwischen heißt ja auch jetzt ist es so, wie es in den letzten Jahren war, steht jetzt hier nicht unbedingt da. So wie es jetzt aber zu sein scheint, werden sie nicht als Bösewichte dargestellt. Hier stehen ja ganz viele Retter der Welt gegen Killerviren und so weiter. Wir sind uns aber noch nicht so ganz sicher. Ja? Wir können jetzt auch einfach mal zum nächsten Abschnitt übergehen und dort auch nochmal lesen. Genau, wir machen also jetzt weiter. Wir sind jetzt im zweiten Abschnitt. Wir sind immer noch im ersten detaillierten Lesen und lesen einfach mal weiter. Wir können auch sagen, okay, wir lesen mal die Aussage 14, können wir auch nochmal durchlesen. In Science-Fiction-Filmen verbinden sich archaische Erzähltraditionen mit aktuellen Tendenzen der Wissenschaft. Wenn ihr da was nicht versteht, zum Beispiel das Wort archaisch, das ist schwierig, dann solltet ihr aber mal überlegen, wie heißt das vielleicht? Gibt es so ein ähnliches Wort in eurer Sprache? Oder könnt ihr vielleicht Englisch? Gibt es so ein Wort im Englischen? Das gibt es nämlich. Und dann habt ihr vielleicht eher eine Ahnung, was das heißen könnte. Aber man kann auch gucken, Erzähltraditionen. Tradition ist etwas Altes, vielleicht hat es damit was zu tun, ja? Einfach mal versuchen, die Bedeutung selber herauszufinden, anstatt zu sagen, oh Gott, ich weiß das Wort nicht und man verzweifelt. Nein, versucht es einfach selber, guckt ein bisschen umher, was könnte das bedeuten. Wenn ihr nicht 100% die Bedeutung wisst, ist es nicht schlimm, aber wenn ihr einigermaßen wisst, worum es in der Aussage jetzt geht, dann seid ihr schon mal gut dabei. Ja? Gut, also wir haben einmal die Erzähltraditionen und einmal die aktuellen Sachen in der Wissenschaft. Die werden so ein bisschen nebeneinander gestellt. Wir lesen mal weiter. All das ist insofern bemerkenswert, als alle westlichen Filmkulturen lange Zeit auf wenige sich ähnelnde Typen von Wissenschaftlern setzten, die sich von den Anfängen des filmischen Erzählens bis in die Gegenwart hinein kaum verändert haben. Okay, es hört sich so ein bisschen an wie die Nummer 14, aber nicht so ganz. Das schmale Spektrum ihrer Charaktereigenschaften reichte vom machtbesessenen Bösewicht bis zur Lachnummer mit wirren Haaren und weißem Kittel. Die Ambivalenzen einer komplexen Persönlichkeit suchte man meist vergeblich. Also wir haben hier den Bösewicht und die Lachnummer und komplexe Persönlichkeit suchte man vergeblich. Und da habe ich dann jetzt meine Antwort für die Nummer 13, weil hier steht, dass die Wissenschaftler vorwiegend Bösewichte waren. Und hier steht aber, dass sie entweder Bösewichte oder Lachnummern waren. Vorhin haben wir ja auch gelesen, dass auch Helden dabei sind und so weiter. Und deswegen würde ich jetzt hier oben das Ganze als falsch.
Wir können immer noch ein Fragezeichen hinschreiben zu unserer Nummer 13 und einfach mal weiterlesen. Das kann man natürlich auch machen. Wir gucken uns aber auch noch mal die 15 jetzt an, weil wir sind jetzt auch im 3. Abschnitt. In der Filmgeschichte ist die Bandbreite der Wissenschaftlertypen ausgesprochen vielschichtig. Was wir eben im 2. Absatz gelesen haben, war, dass es entweder Bösewichte waren oder Lachnummern. Das heißt, die Typen der Wissenschaftler waren nicht vielschichtig. Das haben wir eben noch gelesen. Wir können aber jetzt hier mal weiterlesen. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist der Wissenschaftler im Film ein Verrückter, ein Mad Scientist. So. In seiner bösen, düsteren Ausprägung geht er in geheimen Labors monströsen Forschungsprojekten nach, losgelöst von der Welt und der Kontrolle einer Akademie. Oft experimentiert er an Tieren oder Menschen, züchtet künstliches Leben oder arbeitet auf die Vernichtung der ganzen Menschheit hin. Bösewichte dieser Art begegnen uns als Dr. No, James Bonds allererstem Gegenspieler, in Stanley Kubricks Dr. Seltsam, in der Figur des Rotwang in Fritz Langs Metropolis, der mit einem Maschinenmenschen die Massen aufzuwiegeln versucht, sowie in den zahlreichen Frankenstein-Verfilmungen. Wie man sieht am Ende, diese ganzen Informationen von Namen und so weiter sind gar nicht so wichtig. Was wichtig ist hier, ist, dass wir eine überwiegende Mehrzahl der Fälle oder der Wissenschaftler im Film eher Verrückte sind. Ja, und genau, wir wissen ja hier oben, das ist jetzt falsch, also definitiv auch falsch, weil wir haben hier eher Mad Scientists, Verrückte und keine skrupellosen Bösewichte, die sind zwar auch Bösewicht, aber nicht nur, wir hatten ja auch vorhin gesagt, dass viele Helden auch dabei sind, jetzt auch neuerdings und dass auch viele Lustige dabei sind und so weiter. Und hier finden wir jetzt auch unsere Antwort zur Nummer 15. Das hatten wir eben auch im 2. Absatz gelesen, dass die Wissenschaftlertypen nicht vielschichtig sind, sondern sehr, dass sie kaum eine Persönlichkeit haben oder so, ne? Das hatten wir eben gelesen. Und hier bestätigt sich das auch nochmal. Wir haben eigentlich immer nur den Mad Scientist vorwiegend, ein Verrückter. Also können wir auch sagen, die 15 ist falsch. Und wenn wir jetzt auf die letzten 3 Absätze nochmal schauen, wir haben jetzt unsere Aufgabe 5, die Aussage 15 haben wir jetzt beantwortet, die Aussage 13 haben wir beantwortet. Wo war denn da jetzt die 14? Wir hatten vorhin etwas gelesen, aber das war nicht ganz die Antwort dazu. Und wenn ihr dann jetzt den Text vor euch habt, könnt ihr gerne nochmal zurückgehen und so weiter. Aber die Antwort dazu habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht kann man beim zweiten detaillierten Lesen nochmal darauf achten. Aber ich habe die Antwort nicht gesehen und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass diese Antwort einfach nicht, diese Aussage im Text gar nicht vorhanden war. So, wir haben also alles das erste Mal detailliert gelesen und haben versucht, die Aussagen zu beantworten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr euer Markierungssystem benutzen und jetzt im zweiten detaillierten Lesen nochmal genau auf die paar Stellen achten, wo ihr nicht weitergekommen seid. Und als nächstes, wenn ihr dann fertig seid, sollt ihr alles nochmal überprüfen. Und ganz am Ende bitte, habe ich vorhin auch erwähnt, die Überschrift nicht vergessen. Das steht ganz unten noch drunter. Und zwar solltet ihr noch eine Überschrift wählen. Das ist eine einzige Aufgabe im Multiple Choice. A. Fakt versus Fiktion. Wissenschaftler wollen ihr Image im Film verbessern. B. Verrückt und gefährlich. Warum Wissenschaftler im Film immer die Bösen sind. Oder zwischen Genie und Wahnsinn. Stereotypen von Wissenschaftlern im Film. Ich habe sofort rauslesen können, welche Antwort die richtige ist. Habt ihr das auch lesen können? Wenn nicht, müsstet ihr den Text nochmal lesen, ladet euch ihn runter, übt nochmal mit dem Text und ich werde euch die Antwort hier nicht verraten. Ich hoffe, ihr findet sie selber heraus. Sie ist nämlich relativ eindeutig. Und jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Das Leseverständnis ist somit dann auch fertig. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Teil der Prüfung wieder, vielleicht in den Sprachbausteinen.
Und wie versprochen gibt es am Ende noch diesen Bonus, von dem ich dir erzählt habe. Schick uns doch mal deine Lösung. Die kannst du hier unten in die Kommentare reinschreiben. Und die ersten 5 bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit, es lohnt sich. Somit hast du Lesen Teil 3 jetzt auch geschafft. Du hast also die ganze Leseprüfung an sich fertig, aber ein Teil fehlt noch und das ist der Teil Sprachbausteine. Und den kannst du dir direkt im nächsten Video anschauen. Und hier schauen wir uns genauer den Teil Sprachbausteine an. Lückentexte? Kein Problem. Mit uns brauchst du keine Angst haben vor Multiple Choice, denn wir werden dich super darauf vorbereiten. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELT-Prüfung C1 Sprachbausteine. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir, wie das Video aufgebaut ist. Ganz am Anfang schauen wir uns wieder einen Überblick an. Und dann zeige ich dir, wie du dich super vorbereiten kannst für die Prüfung. Danach gehen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemeinsam durch. Dann schauen wir uns noch ein Beispiel an und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende, wie versprochen, gibt es noch einen Bonus. Also bleib dabei, es lohnt sich. Zunächst aber schauen wir uns mal einen kurzen Überblick an. So, falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, kannst du die dir einfach auch mal runterladen. Und zwar habe ich dir den Modelltest für die Sprachbausteine als PDF zum Download bereitgestellt und den Link findest du unter diesem Video. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich dann vielleicht, was wird denn hier getestet? Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Für die Sprachbausteine im TELT-Zertifikat C1 bekommst du einen Lückentext. Der ist circa eine Seite lang. Und der hat 22 Lücken. Und diese Lücken sollst du mit Multiple-Choice-Aufgaben lösen. Und das sind 4er Multiple-Choice-Aufgaben. Du hast also A, B, C und D. Du hast für diese Aufgabe 90 Minuten Zeit. Da gehört aber auch noch das Leseverständnis dazu. Es gibt Lesen Teil 1, Teil 2 und Teil 3 und jetzt auch diese Sprachbausteine. Und diese 4 Subtests sozusagen, dafür hast du 90 Minuten Zeit. Das heißt, übe die Prüfung zu Hause mal durch, inklusive dem Leseverständnis, diese 4 Subtests, ja. Übe die mal durch und stoppe dabei die Zeit. Und dann musst du gucken, dass du das halt alles auch in 90 Minuten hinkriegst. Und dann solltest du dir selber ein gutes Zeitmanagement für dich selber überlegen. Ich mache immer gerne die Aufgaben, wo ich weiß, die gehen schnell, die sind für mich einfach. Die mache ich zuerst, dann habe ich die fertig und dann kann ich bei den schwierigeren Aufgaben auch noch ein bisschen länger grübeln. Ja, und bleibt nicht stecken. Und dann habe ich auf jeden Fall auch die Punkte drin, die von den Aufgaben, die mir einfach fallen und habe da vielleicht auch schon meine volle Punktzahl und bei den anderen Aufgaben, wo ich länger brauche, wo ich vielleicht nicht alles weiß oder so, dann kann ich mir einfach den Rest der Zeit noch Zeit nehmen. Genau. Dann fragst du dich vielleicht auch, worauf wird denn hier geachtet? Und zwar wird bei Sprechen und Schreiben gibt es prüfungsinterne Kriterien noch, die aber auch alle auf diesem Referenzrahmen beruhen. Und das ist der GER, der gemeinsame europäische Referenzrahmen. Das kannst du dir gerne im Internet mal anschauen. Da steht es allgemein, was man als C1-Kandidat alles so können muss. Und da findest du auch Informationen zu den einzelnen Tests wie Lesen, Schreiben und so weiter. Und da kannst du genau mal nachlesen, was du als C1-Kandidat bei diesen Subbereichen auch können musst. So, jetzt legen wir richtig los und zwar zeige ich dir aber erstmal, wie du dich gut vorbereitest, bevor wir uns dann die Prüfung an sich gemeinsam anschauen. Also, wir sind immer noch im TELT-Zertifikat C1 Sprachbausteine. Und wenn du dir andere Videos von mir schon mal angeschaut hast, dann siehst du sicherlich das jetzt nochmal, das kennst du wahrscheinlich schon, Vorwissen und Wortschatz. Darauf solltest du dich auch immer gut vorbereiten.
Das ist für alle Gebiete der Prüfung wichtig und genauso auch im Alltag und im Beruf. Sogar in deiner Muttersprache ist es natürlich immer gut, wenn man neues Wissen, wenn man sein Wissen erweitert und somit auch seinen Wortschatz. Und deswegen hörst du das von mir eigentlich fast in jedem Video, weil es einfach so wichtig ist. Das Gute ist, wenn du dich einmal für die Prüfung vorbereitest und arbeitest ein bisschen an deinem Vorwissen und deinem Wortschatz, dann hast du einfach für alle Gebiete der Prüfung dich gut vorbereitet. Genau. Wie du das machen kannst, ist durch Nachrichten, Zeitungen, Dokumentation. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt Podcasts und so weiter. Du kannst das auf allen möglichen Gebieten üben. Du kannst es schauen, du kannst es hören, du kannst es lesen. Du kannst auch dir jemanden suchen, mit dem du darüber sprechen kannst. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn du dich darauf vorbereitest, ob du jetzt einen Text liest oder irgendwas schaust oder so, total egal, versuche aktuelle Themen zu finden. Ja, wenn du jetzt weißt, die Prüfung ist in einem Monat oder so, dann schau doch mal, was in der Politik los ist, was in der Wirtschaft los ist, allgemein in den Nachrichten, was so aktuelle Themen gerade sind. Und das vielleicht auch vom letzten Jahr so ein bisschen gucken, was war da für Themen aktuell. Und dann kannst du auch noch schauen, welche Themen für dich eher schwierig sind oder auch uninteressant. Das Ding ist, wenn du ein Thema hast, wo du dich schon sehr gut auskennst oder wo du dich einigermaßen auskennst, dann hast du in diesem Thema halt ein Wissen und einen Wortschatz, einen gewissen Wortschatz. Wenn du dir aber jetzt ein Thema nimmst, was dich einfach nicht interessiert, zum Beispiel, ja, dann ist es gut möglich, dass dir da einfach auch Wissen fehlt, plus der Wortschatz. Das hängt beides zusammen. Und wenn dann so ein Thema drankommt und du kannst es dir halt auch nicht aussuchen und dann steckst du mit diesem Thema fest und musst unbedingt den Text auch verstehen oder musst über dieses Thema sprechen oder so, dann wird es natürlich sehr schwierig. Also schau, dass du Themen für dich suchst, wo du sagst, oh, da kenne ich mich gar nicht aus oder das ist so schwierig, das hat was mit Biologie zu tun und das verstehe ich nicht oder so. Guck's dir einfach mal an und das wird dir auf jeden Fall helfen. Genau, und das Ganze sollst du natürlich dann auch aufschreiben, die Wörter, die dir schwierig fallen und so, aber mach dir bitte keine Liste und lern sie auswendig, weil das hast du morgen schon wieder vergessen wahrscheinlich, sondern integriere sie in deinen Alltag. Versuch, die Wörter zu benutzen. Und dabei geht es nicht nur um Begriffe, die mit diesem Thema zu tun haben, sondern auch Begriffe, die du in dem Text gefunden hast, wie vielleicht ein Verb, das du nicht ganz verstehst oder du weißt nicht, wie man das richtig benutzt oder so, ja. Solche Sachen natürlich auch aufschreiben und dann einfach mal versuchen zu benutzen. Schreib einen eigenen Text und versuche, diese Wörter in den Text zu packen oder versuche, diese Wörter einfach dann nochmal mit deiner Freundin oder im Deutschunterricht oder so einfach nochmal zu verwenden, ja. In den Alltag integrieren und benutzen, das ist das A und O. Als nächstes ist es wichtig, dass du dir das Skimming nochmal anschaust. Wenn du dich für das Leseverständnis schon vorbereitet hast, dann hast du das auch schon alles getan und dann musst du das hier nicht nochmal tun. Das ist das Gute dabei. Du hörst von mir Skimming üben, durchweg durchlesen, Teil 1, 2, 3. Da sage ich dir immer Skimming üben. Das hilft auch in anderen Bereichen der Prüfung, weil man immer irgendwo auch mal was lesen muss. Ja, und wie du siehst, hier in den Sprachbausteinen musst du auch wieder lesen und deswegen solltest du hier auch nochmal das Skimming üben, falls du es noch nicht getan hast. Und zwar ist es so, nimm dir mal einen beliebigen Text, ja, das solltest du ja sowieso machen, wenn du dich auf dein Vorwissen vorbereitest oder deinen Wortschatz erweiterst. Da nimmst du dir irgendeinen Text aus der Zeitung, deinem Deutschbuch oder so. Und dann versuchst du mal die Überschrift zu ignorieren, wenn das geht. Und dann überfliegst du mal den Text von oben links nach unten rechts, beziehungsweise Absätze von oben links nach unten rechts. Das musst du nicht starr so machen, sondern du kannst da so drüber fliegen, ja? Und das nennt man Skimming, dieses Überfliegen, Text überfliegen. Und da gibt es bestimmte Regeln. Und zwar, wir sagen ja dazu überfliegen und nicht lesen, weil du sollst nicht Satz für Satz jetzt den Text lesen. Das machst du ja dann sowieso. Und während du drüber fliegst, achtest du auf wichtige Wörter, wie zum Beispiel Substantive oder Verben, die einfach herausstechen.
Und wenn du dann den Inhalt noch nicht ganz verstanden hast, dann kannst du auch mal den ersten Satz von jedem Absatz mal anschauen. Der gibt dir auch noch mal eine gute Idee, worum es in diesem Text geht. Und dann kannst du überlegen, was denn hier das Thema sein könnte. Und dann schaust du dir erst auch die Überschrift dazu an. Und hast du richtig gelesen? Super. Dann hast du nun gelernt, wie du richtig skimmst. Im nächsten Teil deiner Vorbereitung möchte ich dir noch ein paar Tipps zu Multiple Choice mitgeben. Ich weiß, viele Leute haben Angst vor diesem Prüfungsstil, aber wenn du dich ein bisschen vorbereitest, dann kann es dir helfen, dass es dir einfacher fällt. Also du solltest, wenn du den Satz oder die Frage liest, solltest du schauen, dass du den wichtigsten Punkt verstehst. Es sind manchmal Details mit drin, die sind gar nicht wichtig. Die sollen dich nur so ein bisschen aus der Bahn bringen, sozusagen. Deswegen achte wirklich auf die wichtigsten Punkte und die solltest du auch verstanden haben. Und dann fragst du dich vielleicht, um was geht es hier genau? Ja, was ist der wichtigste Punkt? Was sind die wichtigsten Infos? Was ist hier überflüssig? Das kannst du komplett ignorieren. Und dann, wenn du dann trotzdem noch Hilfe brauchst, kannst du auch ein Ausschlussverfahren anwenden. Und das geht so, indem du dich fragst, was ist hier auf jeden Fall falsch? Wir haben ja in den Sprachbausteinen ein Multiple Choice mit 4 möglichen Antworten. A, B, C, D. Und da wirst du auf jeden Fall mindestens eine Sache finden, wo du sagst, das ist auf jeden Fall falsch. Das kann nicht richtig sein. Und dann kannst du das direkt durchstreichen oder so. Und es werden manchmal doppelte Verneinungen benutzt oder es gibt negative, positive Schlagwörter, wo du sofort siehst, das kann nicht richtig sein. Und so doppelte Verneinungen und so können auch wie eine kleine Falle sein. Also da wirklich auch drauf achten, auch auf Umschreibungen, Synonyme und so weiter. Und wenn du dann gesehen hast, also meinetwegen zum Beispiel A und C sind auf jeden Fall falsch, dann streich die gleich durch und dann konzentrierst du dich auf die übrigen Antworten und versuchst diese zu lösen. Als nächstes möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben, dass du die Grammatik vielleicht nochmal wiederholst. Und da ein guter Tipp: Hol doch dein Deutschbuch einfach nochmal raus. Da findest du auch den ganzen Wortschatz, den du eigentlich wissen musst für C1. So, dein Deutschbuch ist eigentlich eine super Vorbereitung für dich. Da steht eigentlich alles drin, was du wissen solltest. Da sind die Texte drin, die du verstehen solltest. Wenn du da einen Text hast, der dir schwierig fällt, dann lies ihn doch nochmal und sieh es als Vorbereitung für die Prüfung. Dein Deutschbuch ist also sozusagen das beste Beispiel, um dich gut vorzubereiten. Hol das also nochmal raus. In den Sprachbausteinen geht es nämlich sehr auch um Grammatik. Es geht um Endungen, Adjektivendungen und so weiter. Und Grammatik ist hier wirklich wichtig. Und deswegen holst du das Deutschbuch nochmal raus. Und oft hat man die letzten Seiten im Buch, da hat man oft eine Grammatikübersicht. Und die guckst du dir einfach nochmal an. Und wenn du da was siehst, wo du sagst, das müsste ich wirklich nochmal üben, üb's doch einfach nochmal. Vielleicht hast du auch ein Arbeitsbuch oder so, wo du noch 1, 2 Übungen drin hast, die du machen kannst. Oder du kannst direkt nach dieser Grammatik, nach diesen Teilen der Grammatik im Internet suchen und dir noch Übungen raussuchen oder mit deiner Lehrerin drüber sprechen. Es gibt auch, das ist noch ein anderer Tipp von mir, spezielle C1 Grammatikbücher. Es gibt auch Wortschatzbücher. Und es gibt auch Bücher, die haben Grammatik und Wortschatz zusammen. Ja, die sind auch, jetzt gerade halt zum Grammatik wiederholen, sind Grammatikbücher sehr hilfreich. Wenn du eine Kombination findest zwischen Grammatik und Wortschatz, das wäre natürlich noch super. Und da hast du nochmal extra Übungen und die können natürlich nie schaden. Als letztes zur Vorbereitung gebe ich dir den Tipp, dass du dir vielleicht ein Markierungssystem ausdenkst. Dieses Markierungssystem kannst du durchweg in der ganzen Prüfung benutzen. Such das für dich selber heraus, was für dich am besten passt. Das kann dir nämlich helfen, Zeit zu sparen und dass du nicht stecken bleibst. Und wie gesagt, finde ein System, das auch wirklich zu dir passt, was einfach ist und was du dir gut merken kannst. Zum Beispiel, ja, das ist nur ein Beispiel. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, markier dir ein Fragezeichen. Wenn du dir doch sicher bist, kannst du deine Antwort neben die Lücke oder die Frage oder so schreiben und sie fett unterstreichen oder ein Ausrufezeichen hinmachen oder so.
Und bei Lücken, Fragen und so weiter, die du nicht weißt, kannst du dir vielleicht ein X, ein großes X markieren. Dann weißt du, da muss ich nachher nochmal hin, das muss ich mir dann nochmal anschauen. Und pass aber auf, dass du wirklich nicht zu lange mit dem Notieren und dem Markieren verbringst. Deswegen solltest du dir vorher schon wirklich ein System für dich selber ausdenken. Und sobald du wirklich sicher bist, kannst du auch teilweise die Antworten schon durchstreichen, beziehungsweise die Antworten schon auf den Antwortbogen schreiben und so. Es kommt auf die Aufgabe drauf an. Wir gucken uns das gleich auch nochmal gemeinsam an. So, jetzt sind wir bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir mal gemeinsam durchgehen. Wir befinden uns also im Tag-Zertifikat C1 Sprachbausteine und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich dir jetzt geben werde, die kannst du als PDF auch herunterladen, hier im Link unter diesem Video, und dann druckst du dir die aus und dann hast du diese Schritt-für-Schritt-Anleitung direkt vor dir liegen und kannst dich damit auch gut vorbereiten auf deine Prüfung. Vielleicht kannst du sie auch ein bisschen neben dich legen, wenn du die Prüfung machst. Also wenn du für die Prüfung übst zu Hause und versuchst mal Schritt für Schritt auch so vorzugehen. Als allererstes machen wir das Skimming, dann suchst du deine Lücke und liest den Satz, dann solltest du erstmal selbst überlegen, dann guckst du dir den Multiple Choice an und entscheidest dich für eine Antwort und das Ganze wiederholst du dann mit der nächsten Lücke und ganz am Ende solltest du das nochmal überprüfen. Als erstes machen wir also das Skimming. Das habe ich dir eben in der Vorbereitung schon gezeigt. Du solltest den Text erstmal überfliegen, damit du ein Gefühl für den Text bekommst. Der hat zwar viele Lücken, aber man sieht schon ungefähr, worum es geht und wir haben ja auch eine Überschrift. Und das Skimming gibt dir dann auch einen Überblick zum Thema und dann hast du schon mal auch so einen Grundbaustein gesetzt für deine Aufgabe jetzt. Und sie geben dir auch erste Ideen zum Aufbau vom Text. Im nächsten Schritt sollst du dann deine Lücke finden und den Satz lesen. Also du gehst im Text und die erste Lücke, die Lücke 0 ist ein Beispiel, die solltest du dir auch anschauen auf jeden Fall. Und danach gehst du direkt weiter zu der nächsten Lücke. Das wäre dann die erste Lücke, die du lösen sollst. Und da musst du aufpassen, dass du den Satz bis zum Ende liest, vielleicht sogar den nächsten Satz auch. Es kommt drauf an. Also nicht bis zur Lücke und anhalten, sondern noch weiterlesen. Weil es kann sein, dass wichtige Informationen am Ende des Satzes stehen. Und beginne auf jeden Fall immer mit dem ersten Satz und dann machst du den nächsten Schritt. Also nicht durcheinander und nicht alles auf einmal lesen. Im dritten Schritt, du hast jetzt die Lücke gefunden, du hast den Satz gelesen, jetzt überlegst du erstmal selber, was passt denn hier jetzt in diese Lücke rein? Was könnte da vielleicht reinpassen? Bevor du dir überhaupt die Multiple-Choice-Antworten anschaust, solltest du einfach mal selber überlegen. Denn die Grammatik, den Wortschatz und alles, was du jetzt gelernt hast, bis C1, ja, das hast du ja alles verinnerlicht, auch wenn es dir vielleicht nicht unbedingt so vorkommt. Du hast aber ein Gefühl für die Sprache entwickelt. Und deswegen solltest du erstmal selber überlegen. Und bleib aber nicht stecken. Wenn dir nichts einfällt, egal, dann machst du weiter, ja. Wir haben nicht so viel Zeit und da gehst du dann auf jeden Fall zum nächsten Schritt über. Nicht stecken bleiben. Und der nächste Schritt ist dann direkt, dass du dir die Multiple-Choice-Aufgaben anschaust und dich für eine Antwort entscheidest. Ob du die jetzt eigenständig schon beantwortet hast oder nicht, ist egal. Du musst dir trotzdem natürlich die Aufgaben anschauen. Ist die Antwort dabei, die du dir eben schon gedacht hast? Super, dann kannst du die gleich markieren. Ist die Antwort nicht dabei? Kein Problem. Achte auf die Grammatik und danach auf die Logik. Schau erstmal, du kannst wieder dein Auswahlverfahren anwenden zum Beispiel. Schau erstmal, welche Grammatik denn hier passt. Ist da vielleicht eine falsche Endung? Dann kannst du das schon rausstreichen, ja? Und achte auch auf die Logik. Also, als erstes das Grammatikproblem lösen. Schau nach der Konjugation, Deklination, der Wortstellung, Satzstellung, Präposition und so weiter. Alles, was du da vielleicht siehst in Sachen Grammatik. Und dann kannst du das Ausschlussverfahren auch benutzen, falls notwendig. Und dann kannst du noch schauen, passt es denn logisch in den Satz? Wie hört sich der Satz an, wenn ich das Wort da einfüge? Wenn sich da was komisch anhört,
dann ist vielleicht eine Endung doch falsch oder das Wort passt halt gar nicht da in diese Stelle, in diese Lücke. Vielleicht müsste das Wort woanders hin. Ja, versuch mal den Satz in deinem Kopf laut vorzulesen sozusagen und dann durch dein Sprachgefühl hörst du vielleicht raus, dass da was nicht stimmt oder dass es super passt. Im nächsten Schritt machst du dann dasselbe nochmal. Du wiederholst alles nochmal. Und zwar die Schritte 2 bis 4 machst du dann mit dem nächsten Satz oder mit dem nächsten Abschnitt. Es kann passieren, dass du einen ganzen Abschnitt gleichzeitig bearbeiten musst. Das sehen wir auch gleich im Beispiel, weil du einfach 2, 3 Lücken in einem längeren Satz hast. Das kann passieren, ja? Aber dann machst du diesen Brocken sozusagen, diesen Teil erstmal und dann gehst du weiter, ja? Lass dich nicht durcheinander bringen. Wenn es dir schwerfällt, dich zu entscheiden, dann bleib auch bitte nicht stecken. Du kannst jederzeit nochmal hierher zurückkommen. Dann markiere dir wieder deine Stelle. Deswegen nochmal, Markierungssystem, dein eigenes Markierungssystem ist ganz wichtig. Und ganz am Ende, hoffentlich hast du jetzt alles fertig, dann guckst du dir deine Lücken nochmal an und deine Antworten. Hast du alle Aufgaben beantwortet? Ja? Super, gut. Dann kannst du direkt mit Hören und so weiter weitermachen. Nein, kein Problem. Also schau nochmal die dazugehörigen Sätze an und rate einfach, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Versuche dir die Tipps einzuprägen für Multiple Choice, Auswahlverfahren und so weiter. Und wenn du wirklich nicht weiter weißt, dann rate einfach, weil das ist immerhin besser als 0 Punkte, weil du es am Ende freigelassen hast. Also benutze das Auswahlverfahren. Vielleicht hast du dann noch 2 Aufgaben, zwischen denen du dich entscheiden musst. Und dann hast du so eine 50-50 Chance, dass es doch richtig ist. Und dann kreuz einfach irgendwas an, wo du denkst, das könnte vielleicht richtig sein, auch wenn du gar keine Ahnung hast. Besser als 0 Punkte. So, und wie versprochen, schauen wir uns jetzt noch ein Beispiel gemeinsam an. Hier siehst du als allererstes mal das Aufgabenblatt, wie das aussieht. Du siehst also, du hast eine Seite Text mit jeder Menge Lücken. Und auf der nächsten Seite hast du dann die ganzen Multiple-Choice-Aufgaben mit 4 möglichen Antworten. Bevor wir loslegen mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung an diesem Beispiel, möchte ich dir die Aufgabenstellung zeigen. Die musst du in der Prüfung nicht mehr durchlesen. Du kennst sie ja jetzt schon und deswegen kannst du die einfach ignorieren. Ne? Also, die Aufgabe ist, lesen Sie den folgenden Text. Welche Lösung ist jeweils richtig? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben auf dem Antwortbogen. Lücke 0 ist ein Beispiel. Dafür steht auch die Antwort dann schon da. Und hier sehen wir auch die Lücke 0 und das Beispiel. Da siehst du auch die Antwort. Lücke 0 ist ganz vorne dran. Und die Antwort steht auch schon da. Und wenn wir dann den Text lesen, würde ich dann einfach das richtige Wort in diese Lücke einfügen und so lesen, als wäre da gar keine Lücke. Aber bevor wir das tun, sollen wir natürlich erstmal skimmen. Das können wir ganz kurz gemeinsam machen, wenn du möchtest, aber man hört auch schon so ein bisschen, worum es geht. Ein merkwürdiger Akzent. Und jetzt kann man so über die Absätze von links oben nach rechts unten drüber fliegen. Ja? Und zwar sehe ich da so ein paar Wörter, zum Beispiel Worte, Foreign Accent Syndrom, Fremdsprachen-Akzent-Syndrom. Dann Verletzungen, Erkrankungen, Muttersprachler, dann fange ich wieder da oben an. Beispiel Fachwelt steht da, Scheiterhaufen, übernatürliche Mächte und so weiter. Dann psychische Ursachen und so weiter. Ja, das kannst du dann selber nochmal für dich machen. Aber ich sehe auf jeden Fall, also es geht um irgendwelche Verletzungen und dass die Personen dann wahrscheinlich anders gesprochen haben und das ist sehr eigenartig. Also es hört sich interessant an. Es geht also um, wie gesagt, merkwürdige Akzente, die wahrscheinlich durch irgendwelche Krankheiten entstanden sind. Genau.
So, wir haben also ungefähr eine Idee, worum es geht. Ja, wenn du das jetzt komplett für den ganzen Text mal so überflogen hast, das sollte nicht länger als 1 Minute dauern oder so. Dann geht es los, wir lesen den ersten Satz und wir schauen nach wichtigen Wörtern, die uns helfen könnten mit der Lücke. Das Beispiel 0 war, die Antwort war stellen. Stellen Sie sich vor. Und wir werden das jetzt einfach so lesen, als wäre diese Lücke gar nicht da. Also, stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf und wünschen Ihrem Partner einen guten Morgen. Die Worte aus Ihrem Mund klingen Dann könnte es sich um eine seltene neurologische Störung handeln, etc. Weiter würde ich jetzt gar nicht lesen. Also, wir haben verstanden, dass wir morgens aufwachen, wollen guten Morgen sagen und auf einmal hört sich das alles komisch an, was wir sagen. Und da könnte es vielleicht irgendwie eine Erkrankung sein. Okay. So. Was wir jetzt machen ist, was wir sehen jetzt hier, Worte aus ihrem Mund klingen und seltene neurologische Störung. Das sind so die wichtigen Begriffe oder Wortgruppen, auf die ich jetzt achten müsste, um das richtige Wort für die Lücke finden zu können. Aber ich schaue jetzt nicht in die Multiple Choice, sondern ich überlege erst einmal selber. Was könnte da jetzt reinpassen? Bei der 25. Sie wachen eines Morgens auf und wünschen Ihrem Partner einen guten Morgen, aber die Worte aus Ihrem Mund klingen Okay. Ich mache gerne, wo die Lücke ist, einfach so ein Geräusch und das hilft dir so ein bisschen vielleicht, diese Lücke auszufüllen und dann kommt vielleicht auch so ein bisschen die Idee hoch, was da reinpassen könnte. Und für mich, es hört sich an wie aber. Dann schreibe ich mir das jetzt einfach mal hier hin, das musst du in der Prüfung nicht machen. Kannst du natürlich, wenn du möchtest, aber für mich würde da vielleicht das Wort aber reinpassen. Aber die Worte aus ihrem Mund klingen komisch, eigenartig, merkwürdig, irgend so ein Wort könnte da reinpassen, ne? Wir machen jetzt mal weiter. In der richtigen Prüfung würde ich jetzt, wenn ich du wäre, mir die Multiple-Choice-Aufgaben schon anschauen und die 25 und 26 erstmal machen. Und wir lesen aber jetzt den nächsten Satz auch schon nochmal durch und lösen auch nochmal die 27 oder denken selbst über die 27 mal nach. Also die Worte in unserem Mund klingen irgendwie komisch, eigenartig, merkwürdig. Dann könnte es sich um eine seltene neurologische Störung handeln. Und da habe ich gar keine Ahnung, was da reinpasst, weil eigentlich könnte man dieses Wort einfach weglassen. Eine seltene neurologische Störung handeln. Das passt auch. Deswegen fällt mir jetzt gar nichts ein. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. So, wir haben ja nun schon selbst überlegt und das sehen wir auch hier und jetzt geht es darum, dass wir uns die Multiple-Choice-Aufgaben dazu anschauen. Wenn wir jetzt sehen, wir hatten bei der 25 das Wort aber und dann versuchen wir, die Wörter, die wir hier jetzt sehen, bei der 25 da einzufügen. Wir sehen, aber steht nicht dabei, also müssen wir irgendwas finden, was so die gleiche Bedeutung hat und was auch grammatikalisch und satzbaumäßig auch da reinpasst. Und da könnte man den Satz halt mehrmals lesen. Zum Beispiel, Sie wachen eines Morgens auf und wünschen Ihrem Partner einen guten Morgen. Dagegen, die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. Das passt gar nicht. Das habe ich sofort im Gefühl. Raus. Doch die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. Okay, das hört sich gut an, hat auch die gleiche Bedeutung wie aber. Hingegen, die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. Hingegen passt auch nicht. Jedoch, die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. So, und jetzt könnten wir überlegen, jedoch oder doch. Ihr könnt kurz selber überlegen, ich gebe euch die Antwort. Ihr könnt das Video kurz pausieren, wenn ihr möchtet. Die Antwort wäre doch, weil jedoch passt satzbaumäßig einfach nicht in diese Lücke. Jedoch müsste man weiter hinten im Satz benutzen und das Wort doch passt super hier an erster Stelle an diesem Satzteil. Genau. Gehen wir direkt weiter. Wir sind ja immer noch im selben Satz, ja? Also wir wissen jetzt, es ist doch. Doch die Worte aus ihrem Mund klingen komisch, eigenartig, merkwürdig. Wir brauchen jetzt ein Wort. Es steht leider nicht dabei. Deswegen müssen wir irgendein Wort finden, was ungefähr die gleiche Bedeutung hat, wie das, was wir schon eben gesagt haben. Die Worte aus ihrem Mund klingen anderweitig. Anderweitig hat eine komplett andere, hat eine andere Meinung. Artfremd.
hört sich auch komisch an. Auswärtig, auch eine andere Bedeutung. Und fremdartig. Die Worte aus ihrem Mund, doch die Worte aus ihrem Mund klingen fremdartig. Fremdartig, komisch, merkwürdig, eigenartig. Das hört sich schon sehr ähnlich an und deswegen ist die richtige Antwort D. Dann die 27, lesen wir nochmal weiter. Dann könnte es sich um eine seltene neurologische Störung handeln. Der Satz wäre ja ohne die Lücke auch schon ein vollständiger, guter Satz, aber irgendwas muss da noch rein. Wir hatten ja vorhin gar keine Ahnung, als wir selbst überlegt haben und deswegen gucken wir jetzt mal, was da reinpasst. Und es ist immer gut, den Satz zu lesen und das Wort mal einzufügen. Ich kann aber schon heraushören, dass durchweg und extra nicht reinpasst. Eine durchweg seltene Störung? Nein. Eine extra seltene? Nein. Gehörig seltene? Eine überaus seltene. Okay. Was heißt denn überaus? Überaus heißt sehr. Ja? Extra heißt auch so ein bisschen sehr. Aber das passt hier nicht rein. Überaus seltene neurologische Störung. Es ist also nicht nur eine seltene Störung, sondern eine überaus seltene Störung. Das heißt, man sieht sie eigentlich nie, diese Störung. Ja, sie ist überaus selten. Also nochmal mehr Emphasis gegeben hier. Also mehr, die Bedeutung ist noch seltener als selten. Ja, noch eine Steigerung. Genau. Deswegen D, überaus. Dann gehen wir direkt weiter. Wir wiederholen das Ganze nochmal, erst nochmal selber überlegen und dann die Multiple-Choice-Aufgaben anschauen. Ich mache das jetzt ein bisschen rascher, okay? Wenn du eine kurze Pause brauchst und selber überlegen möchtest, dann machst du einfach, pausierst du das Video und überlegst, okay? Ich gehe ein bisschen schneller. Ich lese jetzt wieder mal. Beim Fremdsprachenakzentsyndrom sprechen Patienten plötzlich ihre Muttersprache mit einem regionalen oder ausländischen Akzent. Okay, also mit einem regionalen oder ausländischen Akzent. So, was könnte da jetzt rein? Keine Ahnung, weil der Satz ohne Lücke wäre auch richtig, deswegen fällt mir jetzt nichts ein. Auch nicht schlimm. Wir gucken mal weiter. Meist geht die veränderte Sprechweise auf Hirnschäden eines Schlaganfalls oder einer Verletzung. Okay, da könnte vielleicht irgendwas mit wegen oder so. Wegen passt hier aber nicht satzbaumäßig hier rein. Die veränderte Sprechweise auf Hirnschäden wegen eines Schlaganfalls hört sich nicht so toll an. Aber irgend sowas in der Bedeutung. Okay, lesen wir mal weiter. Die Erkrankung beeinflusst die Sprachmelodie. Ach so, und wir sind ja noch hier oben, die 29 und die 30, genau. Schlaganfalls oder eine Verletzung. Und da sehen wir, hier ist noch die Lücke 30, die habe ich jetzt fast vergessen. Und auf diese Lücke 30, da bezieht sich hier oben das Wort geht und das Wort auf. Also geht auf Hirnschäden, da fehlt uns ein Verb. Oder irgendwas, was mit dem Verb zu tun hat. Genau. Irgendwas, was mit dem Verb gehen zu tun hat. Das fehlt uns. Und da könnten wir sagen zurück. Es geht auf etwas zurück. Okay? Das könnte passen. Machen wir weiter mit der 31. Die Erkrankung beeinflusst die Sprachmelodie, wobei die Lautbildung und Betonung fälschlicherweise den Eindruck erweckt, der Betroffene sei kein Muttersprachler. Hier achten wir auf Lautbildung und haben keine Ahnung, was da vielleicht reinpassen könnte, weil es ist einfach nur wahrscheinlich ein Adjektiv, was vor das Wort Lautbildung gehört und wir haben keinen Tipp in dem Satz, was da jetzt reinkommen könnte. Als nächstes, ihr seht Multiple Choice schon daneben, gucken wir jetzt zum Multiple Choice rüber. Jetzt könnt ihr gerne auch nochmal pausieren und selber versuchen, das zu beantworten. Ich mache direkt weiter. Die 28, wir hatten ja gar keine Ahnung. Aber jetzt sehen wir, es ist immer das gleiche Wort, vermeintlich. Sowas kommt auch öfters mal vor. Ihr habt das gleiche Wort. Es geht jetzt hier um Grammatik, um die Endung. Und die könnt ihr ganz einfach da einfügen in die 28.
Beim Fremdsprachen-Akzentsyndrom sprechen Patienten plötzlich ihre Muttersprache mit einem regionalen oder ausländischen Akzent, mit einem vermeintlich regionalen Akzent, mit einem vermeintlichen regionalen Akzent, mit einem vermeintlichem regionalen Akzent oder mit einem vermeintlicher regionalen Akzent. Und da müsst ihr jetzt grammatikalisch überlegen, was passt da rein. Und die richtige Antwort ist A. 29. Meist geht die veränderte Sprechweise auf Hirnschäden eines Schlaganfalls zurück, denken wir. Passt da hinten rein. Wir können auch direkt mal zur 30 und gucken, ob das stimmt. Zurück steht sogar dabei. Deswegen würde ich dann da auch D ankreuzen. Und wenn wir jetzt den Satz für die 29 vorlesen, können wir auch mal dieses Zurückgehen einfügen. Also die veränderte Sprechweise geht auf Hirnschäden aufgrund eines Schlaganfalls zurück. Gucken wir mal. Oder wegen hat ja nicht gepasst. Aufgrund steht auch nicht da. Jetzt gucken wir mal, was da steht. Dank, infolge, Kraft und Zwecks. Das haben alle 4 Wörter haben eigentlich andere Bedeutungen. Nur ein einziges passt wirklich zu aufgrund, wegen. Und das ist B. Infolge eines Schlaganfalls ist die richtige Antwort. Und die 30 hatten wir auch eben schon, das Zurück steht sogar dabei und das können wir auch gleich mit ankreuzen. Es geht darauf zurück. Genau. Und dann noch die letzte. Die Erkrankung beeinflusst die Sprachmelodie, wobei die Lautbildung bla bla bla. Brauchen wir gar nicht weiterlesen. Wir sehen, es geht um das Wort Lautbildung und irgendein Wort, was davor gehört. Und wie wir hier sehen in unserem Multiple Choice, geht es wieder um die Bedeutung von dem Wort. Es ist fast das gleiche Wort, aber wir sehen, es hat immer eine andere Endung. Und dann fügen wir das einfach mal ein und probieren. Also, wobei die veränderbare Lautbildung, veränderliche Lautbildung, verändernde Lautbildung oder die veränderte Lautbildung den Eindruck erweckt, der Betroffene sei kein Muttersprachler. Also was ist denn mit der Lautbildung? Ist die veränderbar? Nein. Ist die veränderliche Lautbildung? Ist es eine verändernde Lautbildung? Macht die irgendwas, die Lautbildung? Oder ist die verändert? Ist die schon anders, die Lautbildung? Überlegt mal selber. Die richtige Antwort ist D. Eine veränderte Lautbildung. Sie ist schon verändert, diese Lautbildung. Und die erweckt den Eindruck, dass der Betroffene kein Muttersprachler sei. So, dann habt ihr hoffentlich alle Lücken füllen können und ganz am Ende müsstet ihr jetzt das Ganze nochmal prüfen, wie wir eben auch besprochen haben. Und dann seid ihr eigentlich fertig. Super, ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Sprachbausteine jetzt geschafft, ihr habt das Video hinter euch, jetzt seid ihr super vorbereitet, macht die Prüfung nochmal selber durch und dann steht ja auch nichts im Weg. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie versprochen gibt es jetzt am Ende noch unseren Bonus. Und zwar schicke uns doch mal deine Lösungen und schreib die hier unten in die Kommentare rein. Und die ersten 5 Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und noch obendrauf unter all den Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit, es lohnt sich wirklich. Hat dir das Video gefallen? Super, dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Jetzt hast du auch den Teil Sprachbausteine hinter dich gebracht und der gehört ja zu Lesen, also zeitlich zumindest, zum Teil Lesen dazu. Also, pass gut auf, dass du jetzt Lesen Teil 1 bis 3 geschafft hast und die Sprachbausteine, das gehört zeitlich zusammen. Und dann kannst du direkt weitermachen und zwar mit Hören Teil 1. Und zwar werden wir uns hier Hören Teil 1 gemeinsam anschauen. Alles verstanden? Wie du Meinungen heraushören und zuordnen kannst. In der TELC-Prüfung C1 Hören Teil 1. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung C1 Hören Teil 1. Und schon legen wir auch los. Ich zeige dir als allererstes, wie das Video mal aufgebaut ist. Und zwar schauen wir uns einen Überblick zur Prüfung an.
Dann zeige ich dir, wie du dich gut vorbereiten kannst zu Hause. Danach schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an für Hören Teil 1. Und dann gehen wir sogar noch ein Beispiel gemeinsam durch. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende bekommst du noch einen Bonus von mir. Also bleib bis zum Ende dabei, es lohnt sich. Legen wir los. Ganz am Anfang möchte ich dir einen Überblick zeigen zum Ablauf und der Bewertung. Also, falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, was denn in dem Hörverständnis überhaupt so getestet wird, ja? Und du kannst dir gerne auch so eine Modellprüfung zum Hören Teil 1 gerne mal herunterladen. Den Link dazu findest du hier unter diesem Video. Also, was wird denn hier überhaupt getestet? Also, im Hören Teil 1 hörst du 8 Sprecher, die über ein bestimmtes Thema sprechen. Okay, einer nach dem anderen. Und dazu bekommst du 10 Aussagen. Das sind 10 Sätze, die stehen untereinander. Und die musst du dann zuordnen. Wie du schon siehst, 8 Sprecher, 10 Aussagen, 2 Aussagen bleiben dann übrig. Und für das gesamte Hörverstehen, hat 3 Teile, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Dafür hast du insgesamt 40 Minuten Zeit. Es läuft ein Audio, das dich anleiten wird. Und daher kannst du dir die Zeit nicht selber aufteilen, aber diese 40 Minuten, die gelten für Teil 1 bis 3. Dann fragst du dich vielleicht auch, worauf hier geachtet wird in so einer Prüfung, weil bei Schreiben und Sprechen gibt es auch prüfungsinterne Kriterien, die basieren aber auch immer auf diesem GER, das ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen. Den kannst du dir gerne im Internet mal raussuchen. Da steht allgemein auch, was du als C1-Kandidat alles so wissen musst. Und da kannst du auch direkt nochmal schauen, was du in Sachen Hören alles so können musst. Also, jetzt legen wir richtig los. Ich zeige dir, wie du dich schon gut zu Hause vorbereiten kannst. Wir sind also immer noch beim TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 1. Und im Hören Teil 1 ist es so, dass das globale Hörverständnis getestet wird. Und da fragst du dich vielleicht, was ist das überhaupt und warum ist das so wichtig für mich? Das globale Hörverständnis heißt, oder globales Hören heißt, dass du nicht Details raushören musst, sondern einfach die wichtigste Hauptinformation herausfiltern können musst. Okay, und du fragst dich vielleicht, warum wird das getestet? Wäre nicht detailliertes Hören vielleicht wichtiger oder so? Ich möchte dir sagen, warum globales Hören auch so wichtig für dich ist. Und zwar benutzt man das globale Hören ganz automatisch im Alltag und in den Gesprächen mit anderen Menschen. Und das ist sogar wichtig für dich, weil dein Gehirn kann sich nie alle Informationen speichern, die du so am Tag von den Leuten und in den Nachrichten und so weiter hörst, sondern es ist für dich wichtig, wenn jemand mit dir spricht, dass du die Hauptinformation verstehst und dass du die herausfiltern kannst. Ja, weil es ist einfach unmöglich, dass du dir alles merkst. Ich habe da ein gutes Beispiel, zum Beispiel in den Nachrichten kommt eine Information, es gab gestern Abend ergab sich ein schreckliches Unglück über den Dächern von Lyon. Ein Flugzeug auf dem Weg von Barcelona nach Paris fing plötzlich Feuer. Es musste notlanden und alle Passagiere konnten noch rechtzeitig gerettet werden. Dabei gab es keine Verletzte. So, solche Nachrichten hört man ja besonders ungern, aber jetzt stell dir mal vor, dass deine Freundin vielleicht gestern dieselbe Strecke mit dem Flugzeug fliegen sollte. Und in der kurzen Zeit konntest du aber diese Nachrichtenansage gar nicht richtig verstehen und denkst jetzt, es sei was Schlimmes passiert. Deswegen ist es wichtig, wenn man das globale Verstehen, Hörverstehen auch schult. Denn in der Situation, wo du jetzt diese Nachrichten hörst, musst du fähig sein, diese Hauptinformation herauszufiltern und zu hören, okay, der Flugzeug, Feuer, notgelandet, aber keine Verletzte. Das sind so deine Hauptinformationen. Und die ganzen anderen Informationen drumherum, das sind Detailinformationen, die du in dem Moment ja gar nicht eigentlich brauchst. Du willst nur wissen, ihr geht's eigentlich gut, es ist zwar was passiert, es sind aber keine Verletzte, okay. Ja, das ist nur ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele im Alltag, im Beruf, wenn du mit anderen Leuten sprichst, wenn du die Nachrichten hörst und so weiter. Und deswegen ist das globale Hören einfach auch
Wichtig für dich. Als nächstes für deine Vorbereitung sage ich dir üben, üben, üben. Das hörst du wahrscheinlich immer. Aber du kannst das globale Verstehen einfach mal kombiniert mit dem Detailverstehen auch ein bisschen üben. Dann bist du auch gut vorbereitet für die anderen Hörteile, wo man dann detaillierter hören muss. Such dir doch einfach mal am Anfang jetzt interessante Videos im Internet zum Beispiel und hör dir die einfach mal an. Oder schau die Nachrichten und hör die Nachrichten an. Ja, du darfst dann halt nicht auf dem Fernseher gucken oder hör dir das Radio an oder so, ja. Und da ist es gut, deswegen sage ich auch im Internet mal Videos suchen, wenn man da einen Untertitel hat und wenn man es nochmal abspielen kann, weil dann kannst du dich selber dann nochmal testen und du gehst dabei so vor. Höre dir das Audio oder das Video an, ja, nicht anschauen, anhören. Und dann schreibst du dir mal die wichtigsten Informationen auf. Dann hörst du es dir nochmal an und vergleichst mit deinen Notizen. War das denn richtig, die Hauptinformation, die du herausgefiltert hast? Hörst du die richtigen Sachen? Und dann kannst du auch nochmal den Untertitel oder das Skript dazu durchlesen, um sicher zu gehen, dass du das auch alles richtig gehört hast und dass du auch die Hauptinformation hier rausgesucht hast und nicht die Details. War es wirklich die wichtigste Information, die du heraushören konntest? Und stimmt das, was du da verstanden hattest, oder hast du dich verhört? Und dann kannst du auch schwierige Wörter bzw. unverständliche Wörter heraussuchen und diese lernen. Und noch ein anderes Beispiel auch, such dir auch mal Videos, die ein bisschen schwieriger sind, damit du auch ein bisschen auf deinen Wortschatz und dein Vorwissen und so weiter erweiterst. Aber das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Denn wenn du meine Videos schon kennst, dann kennst du auch dieses Thema. Das kommt bei mir jedes Mal vor in der Vorbereitung, weil ich einfach denke, dass das einfach die wichtigste Vorbereitung für dich sein kann. Es geht ja hier um die Sprache. Und die Sprache hängt einfach mit natürlich dem Wortschatz zusammen. Je mehr Wörter man kennt, umso besser kann man sich ausdrücken. Und diese Wörter lernt man nur, wenn man ein bestimmtes Wissen hat in bestimmten Themen. Ja, also ein Vorwissen zu bestimmten Themen. Und das Vorwissen erweitern, den Wortschatz erweitern, ist für alle Gebiete der Prüfung wichtig und nicht nur dort, sondern genauso auch im Alltag und im Beruf und so weiter. Und das gilt auch für Deutsch sowie für deine Muttersprache. Also allgemein ist es für dich im Leben einfach wichtig, Wissen zu erweitern und dadurch natürlich neue Wörter zu lernen. Und das kannst du machen, wie eben auch schon gesagt, mit Nachrichten der Zeitung, Dokumentationen. Und da musst du dich auch nicht nur auf das Hören konzentrieren, sondern du kannst auch sagen, okay, ich möchte allgemein meinen Wortschatz erweitern, für die Prüfung damit üben. Und dann kannst du auch Sachen lesen, anschauen, hören und so weiter. Ja, auf allen Ebenen einfach. Und wie eben schon gesagt, ganz am Anfang such dir, wenn du das Hören übst, auch interessante Themen für dich raus. Aber dann würde ich auch darüber gehen, dass man auch schwierige oder uninteressante Themen sich aussucht, weil man da einfach weniger Wissen hat und somit auch weniger Wortschatz. Und das will man ja erweitern. Und dann schreibst du das Ganze mal auf, aber nicht auswendig lernen, weil das vergisst man viel zu schnell, sondern alles in den Alltag integrieren, also diese Wörter dann auch benutzen. Und im nächsten Schritt, das hast du vielleicht auch schon mal von mir gehört, solltest du dir vielleicht ein Markierungssystem ausdenken. Das ist jetzt für Hören Teil 1 sogar sehr, sehr wichtig. Wir suchen ja immer Schlüsselwörter, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber es kann dir helfen, dir auch ein gutes Markierungssystem auszudenken, was du dann in der ganzen Prüfung benutzen kannst. Und gerade im Hören, weil es halt wirklich sehr schnell geht, hilft dir so ein System wirklich sehr. Es kann dir nämlich helfen, Zeit zu sparen, dass du nicht stecken bleibst, dass du nicht durcheinander kommst. Und da solltest du dir wirklich ein System suchen, was zu dir passt. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ja. Du kannst es anders machen. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, machst du dir ein Fragezeichen dahin. Wenn du dir doch sicher bist, dann kannst du zum Beispiel die Antwort neben die Lücke, die Frage, die Aufgabe, was auch immer, schreiben und das vielleicht fett unterstreichen oder ein großes Ausrufezeichen hinmachen oder so. Bei Lücken, Fragen und so weiter, die du nicht weißt, kannst du dir zum Beispiel ein großes X markieren, um später unbedingt nochmal hierher zurückzukommen und weil du da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchst zum Überlegen.
Und dann aber auch ganz wichtig, verbringe nicht zu lange mit dem Notieren und Markieren. Deswegen solltest du dir so ein System einfach schon vor der Prüfung mal ausdenken. Und wenn du sagst, es passt zu mir, das kannst du dann in der Probeprüfung, die du zu Hause dann mal übst, benutzt du dieses System und siehst, entweder es passt oder es passt nicht zu dir. Und dann kannst du wirklich viel Zeit sparen damit. Und ja, wenn du eine Antwort wirklich sicher weißt, kannst du die Antwort dann auch schon durchstreichen oder sowas. Das war die Vorbereitung. Jetzt zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt in der Prüfung vorgehen solltest. Wir sind also immer noch beim TEG-Zertifikat C1 Hören Teil 1. Und es ist ja in dem Hörverständnis so, dass das Audio dich leitet. Ja, deswegen kannst du eigentlich die Schritte nicht ganz anders machen. Aber ich gebe dir hier mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung noch mal ein paar mehr Infos, damit du siehst, okay, so komme ich dann auch nicht durcheinander. Ja, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die kannst du dir auch gerne noch mal extra runterladen und ausdrucken oder so in Form einer PDF. Und diese PDF, die findest du hier im Link unter diesem Video. Und hier ist unser erster Schritt. Also, wir gucken uns gleich in unserem Beispiel auch nochmal an, wie das Aufgabenblatt aussieht und machen eine Aufgabe mal gemeinsam. Aber als allererstes solltest du die Aussagen auf deinem Zettel, ja, du kriegst ja das Aufgabenblatt, da hast du diese 10 Aussagen vor dir liegen und die solltest du erstmal lesen und Schlüsselwörter finden. Du hast für alle diese 10 Aussagen nur 1 Minute Zeit und 1 Minute ist wirklich wenig, weil du sollst die Sätze ja auch detailliert lesen. Und deswegen solltest du, das ist ein Tipp von mir, die Zeit nutzen, in der die Sprecherin in dem Audio die Aufgabenstellung vorliest. Weil du bereitest dich ja jetzt schon vor, du weißt, wie die Aufgabe aussieht, ja, und dann kannst du eigentlich, du musst ja gar nicht mehr zuhören, sondern du kannst die Aufgabenstellung, wenn du möchtest, ganz kurz überfliegen, dann weißt du, okay, es ist dieselbe Aufgabe, alles klar, hier habe ich meine 10 Aussagen und dann legst du direkt los und liest deine Aussagen. Während die Frau im Audio erzählt oder der Mann im Audio, kannst du dann einfach schon mal loslesen. Und dann ist es jetzt hier ganz wichtig, dass du wichtige Schlüsselwörter unterstreichst, weil nachher im Audio hast du keine Pausen und du musst dann, wenn du zuhörst, so schnell wie möglich dich entscheiden können und reagieren können. Deswegen unterstreiche wichtige Schlüsselwörter. Und da solltest du im Hinterkopf behalten, suche nach der Hauptaussage des Satzes, unterstreiche nicht zu viel. 2, 3 Wörter reichen eigentlich. Einfach die wichtigsten Wörter in dem Satz und damit du dich dann nachher, wie gesagt, auch schneller entscheiden kannst. Im nächsten Schritt geht das Audio dann los. Die Minute ist jetzt vorbei. Du hast deine 10 Aussagen hoffentlich alle lesen können und dann beginnt Hören und du kannst das Audio nur einmal hören. Deswegen musst du dich wirklich sehr gut konzentrieren. Und diese Aussagen sind natürlich jetzt nicht chronologisch aufgebaut, sondern durcheinander. Das heißt, du hörst jetzt den Sprecher 1, wie er etwas über ein bestimmtes Thema erzählt und dann fliegst du halt über diese ganzen Aussagen drüber und musst dich dann entscheiden. 2 Aussagen passen nicht von den 10, das haben wir schon gesagt. Der Sprecher beginnt und sagt seine Meinung über ein bestimmtes Thema. Das Thema ist immer das gleiche, ja. Und da solltest du dann, wenn er spricht, du hast die 10 Aussagen vor dir liegen, du hörst den Sprecher erzählen und da solltest du gucken, welche Synonyme, welche Antonyme, welche Umschreibungen benutzt er vielleicht. Vielleicht gibt es auch doppelte Negationen, die dich so ein bisschen austricksen sollen, ja. Und da wirklich drauf achten, weil die Wörter, die der Sprecher benutzt, die musst du mit den Aussagen vergleichen, aber der Sprecher benutzt sicherlich andere Begriffe, ja. Und deswegen sollen dir die Schlüsselwörter auch dabei helfen. So, du hast also jetzt, der Sprecher spricht vielleicht noch und du musst dich jetzt super schnell entscheiden, weil der nächste Sprecher wird direkt weiter erzählen. Du hast da höchstens ein paar Sekunden dazwischen Zeit und deswegen hast du wirklich nicht viel Zeit zum Überlegen. Und wenn das Audio dann vorbei ist, der Sprecher hat aufgehört zu sprechen,
dann ist es auch so, dass du hast so viel Information im Kopf und du hast diese 10 Aussagen vor dir, da kommst du auch sehr schnell durcheinander. Also du musst dich schnell entscheiden und vielleicht das Ganze machen, während der Sprecher auch noch spricht. Ja, und auch ganz wichtig, am Ende des Teil 1 hast du wenige Sekunden Zeit, um die Antworten auf den Antwortbogen zu übertragen. Da hast du dann nicht nochmal Zeit nachzudenken. Außerdem ist das Audio dann auch schon vorbei. Also heb dir auch nichts auf für das Ende von Hören Teil 1, weil da hast du auch keine Zeit. Du musst es jetzt schnell sofort entscheiden. Und deswegen nochmal am besten entscheidest du dich, während der Sprecher noch spricht. Ja, oder wenn er kurz vor Schluss von dem Sprecher. Ja, wir haben ja 8 Sprecher. Und da ist es jetzt halt gut, wenn du die Schlüsselwörter gut unterstrichen hast und wenn du auch ein gutes Markierungssystem hast, weil das kann dir jetzt auch wirklich helfen. Und deine Antworten würde ich erst am Ende des Teil 1 rasch auf den Antwortbogen schreiben. Wie gesagt, es sieht so aus, dass du jetzt nicht auf deinem Antwortbogen jetzt die Nummer 47 oder sowas suchst und da dann deine Antwort hinschreibst und in der Zeit ist schon wieder Sprecher 2 dran und dann kommst du gar nicht mehr hinterher. Heb dir das am besten für das Ende von Teil 1 auf. Und konzentriere dich jetzt wirklich nur auf das Audio und dein Aufgabenblatt. Das heißt aber auch, dass du am Ende von Teil 1, von Hören Teil 1, deine Aufgaben ja auf den Antwortbogen schreiben sollst. Und deswegen hast du dann auch nicht nochmal Zeit zu überlegen, was ist jetzt meine Antwort hier und dort. Ja? Deswegen musst du dich einfach wirklich schnell entscheiden, während der Sprecher noch spricht am besten oder wenn er dann gerade fertig geworden ist. So, der Sprecher 1 hat jetzt gesprochen und du hast dich entschieden und dann wiederholst du diese Schritte nochmal. Schritte 2 und 3, denn der neue Sprecher beginnt kurz danach und du musst konzentriert bleiben und dich rasch entscheiden. Ganz am Ende sollst du das Ganze auch nochmal überprüfen. Hast du alles beantwortet? Wenn nicht, kannst du gerne auch einfach raten und dir eins aussuchen. Und dann solltest du am Ende, nachdem du geprüft hast, auch nochmal deine Antworten dann auf den Antwortbogen schreiben. So, und jetzt sind wir bei dem Teil angelangt, an dem du auch mal an der Reihe bist und mit mir ein Beispiel gemeinsam durchgehen kannst. Also ganz am Anfang möchte ich dir das Aufgabenblatt erstmal zeigen. Es sieht ziemlich simpel aus. Du hast die Aufgabenstellung ganz oben und dann diese 10 Aussagen. Über den Aussagen hast du auch das Thema. Das heißt, wie du schon siehst, die Aussagen und die Themen, über die die Sprecher sich unterhalten oder sprechen, das ist immer das gleiche Thema, ne? Und hier haben wir kontroverse Meinungen über den Zoo. So, nun siehst du hier die Aufgabenstellung, die du dann in der Prüfung eigentlich einfach ignorieren kannst und direkt mit den Aussagen loslegen kannst, aber wir lesen es mal gemeinsam. Hörverstehen Teil 1. Sie hören die Meinungen von 8 Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage zu welcher Person passt. 2 Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen A bis J. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Und dann geht es los. Du sollst also die Aussagen lesen und Schlüsselwörter unterstreichen. Fangen wir direkt an. Wir machen das mal gemeinsam, damit du das siehst. Aus pädagogischer Sicht ist ein Zoobesuch insbesondere für Kleinkinder eine wertvolle Erfahrung. Und da finde ich das Wort wertvoll auch ganz wichtig. Was du auch machen kannst, wenn du siehst, okay, es geht ja hier um Meinungen. Das passt jetzt vielleicht nicht bei jedem Thema, aber bei diesem passt es ganz gut. Es geht um Meinungen und da kannst du zum Beispiel sagen, du kannst dir das vorne oder hinten hinter den Satz markieren, vielleicht ein Plus oder ein Minus oder ein Smiley, das grinst und ein Smiley, was böse guckt oder traurig guckt. Zum Beispiel, wenn es eine positive Meinung über den Zoo ist, dann machst du dir vielleicht ein Plus hin oder ein Smiley.
Wenn es eine negative Meinung ist, dann machst du dir vielleicht so ein trauriges Gesicht oder ein Minus oder so. Und dann kannst du nämlich auch schnell sehen nachher, wenn du die Sprecher hörst, weil man hört ja bei den Sprechern dann in der Meinung, also wenn sie erzählen, hört man ja raus, okay, diese Person hat eine positive Meinung, diese Person findet Zoos nicht so gut, hat eine negative Meinung. Und dann kannst du direkt auch gucken, okay, diese Aussage, diese Meinung, die passt auch nicht zu diesem Sprecher, weil der Sprecher ist negativ, über den Zoo zu sprechen. Und deswegen gucke ich mir auch nur die negativen Meinungen an. Das ist auch noch so ein Tipp, den man vielleicht auch machen kann, wenn die Zeit da ist. Ne? Wir machen jetzt weiter mit den Schlüsselwörtern. Dass Zoos der Arterhaltung dienen, ist ein vorgeschobenes Argument. Die ökonomischen Interessen der Zoos werden oft vor das Wohl der Tiere gestellt. Forschung und Zoo sind eng miteinander verknüpft. Für manche Tierarten ist die Situation im Zoo besonders dramatisch. Moderne Zoos bieten den Tieren größere Lebensräume. Moderne Zoos helfen, bedrohte Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren. Zoos leisten einen wichtigen Beitrag zur schulischen Umweltbildung. Zoos passen nicht mehr in unsere Zeit und sollten deshalb abgeschafft werden. Hier hätte man zum Beispiel ganz großes, trauriges Smiley hinmachen können oder ein großes Minus, weil das ist sehr negativ. Zoos sind Erholungs- und Freizeiteinrichtungen für alle Altersklassen. Das wäre wieder positiv zum Beispiel. So, wir hören jetzt das Audio gemeinsam. Wir hören aber nur die ersten 2 Sprecher. Und du kannst schon mal überlegen, welche 2 Aussagen denn dazu passen und kannst dir das gerne mal markieren. Los geht's. Sprecher 1. Ich bin Direktor eines Zoos in Süddeutschland. Im regelmäßigen Turnus findet bei uns das blaue Klassenzimmer statt. Schulklassen haben dann Biologieunterricht, direkt in unserer Wasserwelt, nur einen Sprung von Delfinen und Seekühen entfernt. Danach erhalten wir stets Briefe von begeisterten Schülern, die von den Tieren schwärmen und sich vornehmen, weniger Plastik zu nutzen, da es in die Weltmeere gelangt und dort von den Delfinen geschluckt wird. Das zeigt doch, warum Zoos heute eine bedeutende Rolle zukommt. Wir sind ein Fenster in die belebte Natur. Wo sonst kann man so viele Tierarten kennen, verstehen und schützen lernen? Und an keinem anderen Ort erreichen wir so viele Menschen mit dem Thema Arten- und Naturschutz. Pro Jahr sind es weltweit rund 600 Millionen. Sprecher 2. Wenn ich einen Zoo besuche, habe ich dabei immer gemischte Gefühle. Einerseits fasziniert mich die Vielfalt der Tierarten dort. Ich sehe zum Beispiel exotische Tiere, die ich sonst nur in Filmen sehen würde. Für einige Stunden bin ich dann in einer ganz anderen Welt. Lange hält diese Freude in der Regel nicht an, denn sehr schnell wird mir bewusst, dass ich nicht in der freien Natur bin, wo diese Tiere eigentlich hingehören, sondern in einem Unternehmen. Sie sind aus ihrem natürlichen Umfeld herausgerissen und zu einem Objekt degradiert, und ich bin ein Besucher. Oft drängt sich mir der Vergleich mit einem Museum auf, in dem die Besucher durch die Säle laufen und die Werke bestaunen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ein Zoo auch wirtschaftlich agieren und Besucher anlocken muss, um profitabel zu sein, dann ist meine Freude vollends getrübt. Schließlich müssen die Tiere gefüttert und die Angestellten bezahlt werden. Also ist der Zoo vergleichbar mit einem Betrieb und unterliegt denselben Gesetzmäßigkeiten. So, und jetzt sind wir im nächsten Schritt. Du hast das Audio oder während dem Audio konntest du dich vielleicht schon entscheiden. Wir machen hier aber noch mal ein bisschen langsamer, und zwar zeige ich dir das Skript dazu. Das hat der Sprecher 1 gesagt. Und wir sehen drüben nochmal die Aussagen. Wir lesen uns das mal gemeinsam relativ rasch durch. Du kannst gerne stoppen und alleine nochmal in Ruhe lesen, wenn du möchtest.
Also ich bin Direktor eines Zoos in Süddeutschland. Im regelmäßigen Turnus findet bei uns das blaue Klassenzimmer statt. Schulklassen haben dann Biologieunterricht. Also es geht irgendwas um Klassen im Zoo, also Schulklassen gehen in den Zoo und so weiter. Das hat was mit Biologieunterricht zu tun und so. Das sind so ein paar Wörter, die hier herausstechen, ja. Haben dann Biologieunterricht direkt in unserer Wasserwelt, nur einen Sprung von Delfinen und Seekühen entfernt. Danach erhalten wir stets Briefe von begeisterten Schülern, die von den Tieren schwärmen und sich vornehmen, weniger Plastik zu nutzen, da es in die Weltmeere gelangt und dort von den Delfinen geschluckt wird. Das zeigt doch, warum Zoos heute eine bedeutende Rolle zukommt. Wir sind ein Fenster in die belebte Natur. Wo sonst kann man so viele Tierarten kennen, verstehen, schützen lernen? Und an keinem anderen Ort erreichen wir so viele Menschen mit dem Thema Arten- und Naturschutz. Pro Jahr sind es weltweit rund 600 Millionen. Also wir hören, es ist ein Direktor von einem Zoo. Das heißt, er muss natürlich positiv auch über Zoos sprechen. Und er spricht hier um die Umwelt und Klassenzimmer, Unterricht und so weiter, Naturschutz und so weiter. Und wenn wir drüben unsere Aussagen dazu anschauen, dann sticht eins sofort hervor. Und zwar ist das die Aussage H, weil da steht, Zoos leisten einen wichtigen Beitrag zur schulischen Umweltbildung. Und darum geht es hier. Und deswegen ist bei Sprecher 1, das wäre die Nummer 47, dann die richtige Antwort H. So, jetzt gucken wir uns auch Sprecher 2 mal an, was da so erzählt wurde. Wenn ich einen Zoo besuche, habe ich dabei immer gemischte Gefühle. Also hier haben wir jemanden, der ist positiv und negativ gestimmt. Einerseits fasziniert mich die Vielfalt der Tierarten dort. Ich sehe zum Beispiel exotische Tiere, die ich sonst nur in Filmen sehen würde. Für einige Stunden bin ich dann in einer ganz anderen Welt. Lange hält diese Freude in der Regel nicht an, denn sehr schnell wird mir bewusst, dass ich nicht in der freien Natur bin, wo diese Tiere eigentlich hingehören, sondern in einem Unternehmen. Sie sind aus ihrem natürlichen Umfeld herausgerissen und zu einem Objekt degradiert. Und ich bin ein Besucher. Oft drängt sich mir der Vergleich mit einem Museum auf, in dem die Besucher durch die Säle laufen und die Werke bestaunen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ein Zoo auch wirtschaftlich agieren und Besucher anlocken muss, um profitabel zu sein, dann ist meine Freude vollends getrübt. Ja, profitabel noch. Schließlich müssen die Tiere gefüttert und die Angestellten bezahlt werden. Also ist der Zoo vergleichbar mit einem Betrieb und unterliegt denselben Gesetzmäßigkeiten. Also, da haben wir einmal positive Stimmung, positive Meinung, negative Meinung. Und da können wir dann die Aussagen nochmal dazu anschauen, welche da passen würde. Alles, wo es über Kinder ging und so, die passen nicht, weil die Person gar nicht über Kinder spricht. Und dann würden wir nach so Wörtern Beschreibungen suchen, die irgendwas mit Unternehmen zu tun haben, wirtschaftlich, profitabel, Betrieb. Und da kommen wir schnell zur Aussage C, weil da steht was von ökonomische Interessen. Wir sehen das Wort ökonomisch nicht im Text, aber wir haben das Wort wirtschaftlich zum Beispiel. Ja, und das Wort Unternehmen und das Wort Betrieb. Und wenn wir noch andere Aussagen uns anschauen, finden wir eigentlich keine weitere Aussage, wo so etwas vorkommt. Und wir können auch C nochmal lesen. Die ökonomischen Interessen der Zoos werden oft vor das Wohl der Tiere gestellt. Und das sagt sie auch. Also die richtige Antwort wäre dann hier bei Sprecher 2, der Nummer 48 wäre das dann die Aussage C. So, und das wiederholen wir dann immer mit den nächsten Sprechern und irgendwann sind wir dann am Ende angelangt und müssten unsere Aussagen nochmal überprüfen, die Aufgaben, die wir alle gelöst haben, hoffentlich, und übertragen diese dann auf den Antwortbogen. Und dann hast du es auch eigentlich geschafft. Auf jeden Fall ist unser Video jetzt vorbei und Hören Teil 1 hättest du dann auch hinter dir und das ist doch schon mal super, du hast es geschafft. Und ich sage schon mal auf Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.
Und natürlich gibt es auch noch unseren kleinen Bonus, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Und zwar, schicke uns doch mal deine Lösung. Du kannst sie hier unten gleich in die Kommentare reinschreiben. Und die ersten 5 Kommentare bekommen sogar noch eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all diesen Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit, es lohnt sich. Den ersten Teil hast du nun auch geschafft. Also geh doch direkt rüber zu Hören Teil 2. Und zwar schauen wir uns hier Hören Teil 2 gemeinsam an. Nun kommt es darauf an, ob du Details verstehen kannst und gleichzeitig Multiple Choice lösen kannst. Und zwar kannst auch du erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung C1 Hören Teil 2. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir als allererstes, wie das Video aufgebaut ist. Ganz am Anfang schauen wir uns einen kleinen Überblick an. Dann zeige ich dir, wie du dich gut vorbereiten kannst. Dann machen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in der Prüfung vorgehen sollst, gemeinsam. Und am Ende gibt es sogar noch ein Beispiel, was wir gemeinsam durchgehen. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es noch einen Bonus. Also bleib bis zum Ende dabei. Es lohnt sich. So, wir sind also nun erstmal beim Überblick. Hier schauen wir uns kurz den Ablauf an und die Bewertung. Du kannst dir einen Modelltest zum TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 2 gerne runterladen als PDF. Den Link dazu findest du hier unter diesem Video. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, was wird denn hier im Teil 2 des Hörverständnisses überhaupt getestet? Und zwar: Du wirst ein Interview hören, ein Gespräch zwischen 2 Leuten, das kann eine Radiosendung sein und so weiter. Und dazu bekommst du 10 Aufgaben. Diese Aufgaben sind im Dreier-Multiple-Choice-Format. Das heißt, du musst dann zwischen A, B, C dir eine Antwort aussuchen und du hast keine Fragen und Antworten, sondern eher Satzanfänge und du musst dir dann jeweils das richtige Satzende aussuchen. Für das Hörverständnis für diese Prüfung hast du insgesamt 40 Minuten Zeit. Das ist aber wirklich Teil 1, 2 und 3 zusammen. Deswegen unterscheidet sich das immer ein bisschen, wie viel man für jeden Teil braucht. Aber also eigentlich ist es fast wie durch 3 geteilt. Und dann fragst du dich vielleicht auch noch, worauf wird denn hier geachtet, weil bei der mündlichen Prüfung und bei der schriftlichen Prüfung oder bei Schreiben, da gibt es noch prüfungsinterne Kriterien, aber die basieren auch wiederum alle auf diesem GER, dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Und den kannst du dir gerne im Internet auch mal durchlesen. Der sagt dir genau, was du als C1-Kandidat alles so wissen und können musst. Und da kannst du auch direkt nochmal schauen nach GER, also den Referenzrahmen C1 Hören. Da steht auch nochmal genau detailliert, was du alles können musst. So, du hast jetzt einen kleinen Überblick, wie die Prüfung so ungefähr aussieht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie bereite ich mich denn dafür überhaupt zu Hause schon vor? Und das machen wir jetzt hier zusammen. Als allererstes kann ich dir raten, dass du dir mal ein paar Interviews anhörst. Das ist gleichzeitig eine Übung für deinen Wortschatz. Das passt alles zusammen. Du lernst neues Wissen kennen, du erweiterst deinen Wortschatz und so weiter. Also das ist eine super Übung und die hilft dir auch nicht nur für Hören, sondern auch in den anderen Gebieten der Prüfung. Jetzt kannst du dir Interviews, Gespräche, Radiosendungen und so weiter im Internet oder im Fernsehen oder wie gesagt auch im Radio anhören. Und da kannst du auch mal dieses detaillierte Hören üben, weil das ist ja jetzt hier im TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 2 sehr wichtig. Hier geht es um das Detailhörverstehen, okay? Und das kannst du so machen, indem du einfach bei so einem Interview mal zuhörst und dir ein paar Informationen dazu notierst. Und dann ist es wirklich am besten, wenn du dir Interviews suchst, die halt auch ein Skript haben oder die du vielleicht einfach nochmal anhören kannst, ja? Weil wenn du es nur einmal hörst, dann ist es natürlich eine schlechte Übung. Deswegen ist das Radio vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit, sowas zu üben, außer du nimmst es irgendwie auf und kannst es nochmal abspielen. Dann weiterhin kannst du hier auch noch das selektive Hören üben, indem du
in dem Gespräch nach speziellen Informationen suchst. Außerdem noch eine Info zum Interviews hören. Ein gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel eine Talkshow oder eine Talkrunde aus einer Fernsehsendung, die du dir aber im Internet raussuchst, damit du halt wieder dieses Skript hast oder einen Untertitel oder so. Und damit du es einfach nochmal schauen kannst auch. Und da such dir doch mal deutsche Sender wie WDR, NDR und so weiter. Die haben oft solche Talkshow-Runden, ja. Und im Media Player im Internet kann man sich dann auch diese Subtitles anschalten. Und dann kann man sich das Ganze auch nochmal anhören mit den Subtitles drunter, diesen Untertiteln drunter. Und so kannst du das auch gut üben. Und bei solchen Sendungen wird am Anfang immer eine Übersicht gegeben über die Themen, die behandelt werden, sowie wer an der Talkrunde beteiligt ist. Und der Vorteil dabei ist, dass oft aktuelle schwierige Themen behandelt werden. Und in den Talkshows ist es oft so, man hat einen jemanden, der das Gespräch leitet, einen Talkshow-Host, der leitet das Gespräch. Dann hat man mehrere Leute da sitzen, die halt ihre Meinung dazu sagen. Und dann spricht dieser Talkshow-Host oft mit einer Person und die haben dann wie so eine Art Interview. Und dann ist der Nächste dran. Zwischendurch spricht auch noch mal jemand anders, aber normalerweise ist das so wie Interview-Style. Und deswegen ist so ein eine Talkrunde auf so einem deutschen Sender eine gute Idee. Als nächstes weiß ich, dass viele Leute Angst haben vor Multiple Choice. Total verständlich, weil es ist auch wirklich teilweise sehr schwierig. Aber mit diesen Tipps kann es dir wirklich helfen, dass du schnell Entscheidungen treffen kannst. Es ist ganz wichtig, dass du erstmal die wichtigsten Punkte der Frage überhaupt verstehst. Und da kannst du dich fragen, um was geht es hier genau und was sind die wichtigsten Infos in dieser Frage. Was ist jetzt überflüssig? Was ist überflüssige Information? Wie zum Beispiel irgendein Adjektiv, wo du denkst, das ist jetzt, ist jetzt nicht so wichtig für diese Frage, ja? Und diese überflüssigen Informationen, die kannst du ignorieren erstmal. Und dann kannst du in die nächste Methode auch übergehen und das ist das Ausschlussverfahren. Das funktioniert so. Da fragst du dich, was ist hier auf jeden Fall falsch? Das ist bei A, B, C schon mal gut. Da, wenn du eins hast, wo du sagst, das ist auf jeden Fall falsch, dann hast du nur noch A und B zum Beispiel übrig und musst dich zwischen nur noch zweien entscheiden. Wenn du Glück hast, findest du sogar 2 Sachen, die auf jeden Fall für dich falsch sind und somit hast du dann wahrscheinlich auch die richtige Antwort herausgefunden. Da kann man drauf achten, auf doppelte Verneinungen, negative und positive Schlagwörter und am Ende konzentrierst du dich dann halt auf die übrigen Antworten. Eine Sache, die du von mir auch immer wieder hörst in der Vorbereitung, ist Vorwissen bekommen und Wortschatz erweitern. Das gehört zusammen. Diese 2 Sachen. Also wenn ich mir Wissen aneigne, dann erweitere ich automatisch meinen Wortschatz. Ja, das ist gegeben. Und den Wortschatz erweitern oder Wissen aneignen ist für alle Gebiete der Prüfung wichtig, also nicht nur für Hören. Und es ist auch für dich selber wichtig, im Alltag, im Beruf und auch nicht nur für Deutsch, sondern auch für deine Muttersprache. Ja, man soll sich ja eigentlich das ganze Leben lang immer wieder Wissen aneignen. Ganz wichtig. Und gerade für diese Prüfung ist es natürlich wichtig, dass du in verschiedenen Themen Wissen hast, damit du dann auch ein gutes Vokabular hast und durch dein gutes Vokabular du halt auch mehr verstehst und dich auch besser ausdrücken kannst. Ganz einfach. So, und das machst du durch Nachrichten, Zeitungen, Dokumentation. Auch zum Hören gibt's ja auch so Podcasts und so. Das sind auch gute Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen und das Vokabular zu erweitern. Und da kannst du als erstes, um einfach mal zu üben, kannst du natürlich Themen dir raussuchen, die dich auch interessieren und so weiter. Aber such dir doch mal Themen, die sehr aktuell sind in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und so weiter. Und dann such dir doch bitte mal Themen aus, die dir schwierig fallen, die dir schwer fallen und die vielleicht auch uninteressant für dich sind. Ja, weil gerade in diesen Themen, wo du sagst, das interessiert mich einfach nicht, da hast du wahrscheinlich auch einfach weniger Wissen
und dadurch halt auch einen geringen Wortschatz, geringes Vokabular. Das heißt, gerade auch wenn das ein aktuelles Thema ist und du sagst, aber es interessiert mich einfach nicht, solltest du dich darauf gut vorbereiten, weil es kann natürlich sein, dass es irgendwo vorkommt. Es ist ein Text, der damit zu tun hat. Du sollst vielleicht sogar irgendwie darüber sprechen oder sogar darüber schreiben. Und dann hast du nämlich ein Problem, weil du am Ende gar nichts darüber weißt. Also, schau dir besonders aktuelle Themen an, des letzten Jahres zum Beispiel, und auch Sachen, wo du sagst, ach, da habe ich keine Ahnung von. Guck dir die auch am besten nochmal an. Und dann, da sind natürlich dann nicht nur Begriffe, die mit dem Thema zu tun haben, sondern vielleicht auch Verben oder Adjektive, wo du sagst, ich kann die nicht richtig benutzen, ich habe die nicht richtig verstanden. Dann schreibst du dir die natürlich auch mit auf und lern diese Liste aber bitte nicht auswendig, weil das hast du dann so schnell wieder vergessen. Das bringt dir nichts. Versuche diese Wörter auch mal in den Alltag zu integrieren und sie zu benutzen, indem du sie aufschreibst. Du schreibst einen Text und benutzt das Wort, indem du mit deiner Freundin mal über irgend so ein Thema sprichst und dieses Wort halt auch mal benutzt. Ja, benutzen ist ganz wichtig, denn nur dadurch kannst du es auch wirklich lernen. Ein weiterer Schritt in deiner Vorbereitung könnte oder sollte sein, dass du dir ein Markierungssystem ausdenkst. Das ist jetzt in Hörenteil 2 nicht das Wichtigste, aber kommt in den anderen Teilen der Prüfung vor oder ist wichtig für andere Teile der Prüfung. Und deswegen allgemein, wenn du dich vorbereitest für die Prüfung, denk dir ein Markierungssystem aus. Ja? Und das kann dir nämlich wirklich helfen, Zeit zu sparen und dass du nicht stecken bleibst, und finde einfach ein System, was zu dir passt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel für mich jetzt, das kann bei dir ganz anders aussehen, ja. Aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, machst du zum Beispiel ein Fragezeichen hin, oder du bist dir doch sicher, dann kannst du die Antwort schon neben die Lücke oder neben die Frage oder irgendwo da hinschreiben und es fett unterstreichen oder vielleicht ein großes Ausrufezeichen hinmachen oder irgend sowas, ja. Und bei Fragen, Lücken und so weiter, wo du nicht weißt, was da rein soll oder was du da hinschreiben sollst, dann kannst du dir ein ganz großes X markieren, damit du später weißt, ich muss da unbedingt nochmal hin und ich brauche dort nochmal Zeit zum Überlegen. Und wichtig ist es halt, ohne Markierungssystem kann es wirklich passieren, dass du viel zu lange dabei aufbringst, dass du dir irgendwo was notierst und so, und das ist natürlich schlecht. Deswegen denk dir so ein System aus und ja, verbringe einfach nicht zu lange Zeit mit irgendwelchen Notieren und Markieren und so weiter. Deswegen, wenn du ein System hast und hast das vorher schon mal, du hast es gut ausgedacht, du hast es ausprobiert, du kennst es auswendig, welche Zeichen jetzt für was waren, dann kommst du auch nicht durcheinander und dann sparst du auch einen Haufen Zeit in der Prüfung. So, wir sind bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung angelangt. Los geht's. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, die soll dir jetzt zeigen, wie du durch die Prüfung durchgehen kannst. Wir sind hier immer noch bei der Take C1 Prüfung Hören Teil 2. Und zwar kannst du hier dir auch wieder eine PDF herunterladen, wo du diese Schritt-für-Schritt-Anleitung direkt nochmal aufgelistet siehst im Detail. Und diesen Link findest du hier unter diesem Video. Die Anleitung ist relativ kurz, weil wir sind hier ja im Hörverständnis. Das heißt, du hast ein Audio, mit dem du einfach mitgehen musst. Ja, wie bei Lesen oder beim Schreiben hast du deine eigene Zeit für dich und du kannst sie dir selber aufteilen. Hier ist es so, dass du einfach mit dem Audio mitgehen musst. Logisch. Also sieht dementsprechend auch die Anleitung sehr simpel aus. Im ersten Schritt sollst du die Aufgaben lesen und die Schlüsselwörter unterstreichen. Du hast dafür 3 Minuten Zeit. Dir wird die Aufgabenstellung vorgelesen, da du dich aber schon darauf vorbereitest jetzt und da die Aufgabenstellung dir eigentlich keine weitere Informationen gibt zu dem Thema und so weiter, kannst du die einfach ignorieren und diese Zeit nutzen und schon die Aufgaben lesen.
Du kannst also direkt loslegen und dir deine 10 Aufgaben anschauen und sie durchlesen. Und dabei solltest du wichtige Schlüssel- und Signalwörter in den Sätzen und den Antworten unterstreichen. Wichtig dabei, unterstreiche nicht zu viel. Versuche wirklich vielleicht in dem Anfangssatz, also deiner Frage sozusagen, höchstens 2 Wörter zu unterstreichen und in den ABC-Aufgaben dann möglichst nur ein Wort. Sonst ist es zu viel unterstrichen und du könntest auch wieder durcheinander kommen. Die Idee von den Schlüsselwörtern ist, dass du schnell das wichtigste Wort im Blick hast, damit du nicht durcheinander kommst. So, im zweiten Schritt hörst du dann das Gespräch, das Audio läuft, du kannst es nur ein einziges Mal hören. Deswegen musst du dich hier super konzentrieren, aber die Aufgaben sind chronologisch aufgebaut. Das heißt, deine Multiple-Choice-Aufgaben laufen mit dem Audio. Das ist schon mal super. Du kannst dich also ein bisschen daran festhalten und musst nicht hin und her springen, wie wir es in Teil 1 hatten. Ja, hier haben wir ja auch viel, viel mehr Text als im Teil 1 und hier im Teil 2 jetzt läuft es chronologisch mit. Das ist natürlich super. Du hast einen Sprecher, also 2 Sprecher eigentlich, die führen ein Gespräch über ein bestimmtes Thema. Das ist ein Interview oder eine Radiosendung oder so. Und du solltest jetzt auf Synonyme achten, Antonyme, Umschreibungen, weil der Sprecher einfach nicht dieselben Wörter benutzt, ja. Doppelte Negationen sind auch manchmal dabei und die sollte man besonders beachten, weil die können so ein bisschen tricky sein. Und die Wörter, die benutzt werden, musst du jetzt mit den Aufgaben vergleichen. Das sind meistens nicht die gleichen, aber von der Bedeutung her, haben sie ähnliche Bedeutung und ja, sind einfach anders ausgedrückt, ja. So, genau, der Sprecher benutzt also andere Begriffe und deswegen sollen dir auch deine Schlüsselwörter dann hier helfen. So, während du hörst, das ist eigentlich so ein Schritt, die gehören zusammen, während du hörst, musst du dich super schnell entscheiden eigentlich, weil das Gespräch läuft kontinuierlich weiter. Du hast keine Pausen dazwischen. Und du hast da halt wirklich nicht viel Zeit zum Überlegen und du wirst es auch nicht nochmal hören. Das heißt, am Ende des Teils 2 kannst du deine Antworten oder solltest du deine Antworten auf den Antwortbogen übertragen. Das heißt, du hast dann am Ende von dem Teil 2 jetzt von der Hörprüfung eigentlich damit zu tun, dass du deine Antworten auf den Antwortbogen überträgst und hast dann eigentlich keine Zeit, nochmal nachzudenken, wenn du jetzt was nicht beantwortet hast. Und deswegen sage ich auch nochmal, ein gutes Markierungssystem kann dir helfen, wenn du jetzt wirklich dann nicht weiter weißt. Und wichtig nochmal, schreibe deine Antworten erst am Ende des Teil 2 rasch auf den Antwortbogen und nicht jetzt. Weil wenn du das jetzt tust, geht es so schnell, dass du im Gespräch nicht mitgekommen bist und dann hast du was verpasst und dann kannst du die Frage auf keinen Fall richtig beantworten. Und der letzte Schritt, den kennst du sicherlich auch, wenn du meine anderen Videos schon gesehen hast, das Überprüfen. Hast du alles beantwortet? Wenn nicht, dann rate. Du hast ja so eine 30-prozentige Chance, das richtig zu haben und übertrage dann deine Antworten auf den Antwortbogen. So, jetzt sind wir fast am Ende, aber wir machen nochmal ein Beispiel gemeinsam. Wie du hier siehst, haben wir wieder unsere Schritte und hier drüben ist das Aufgabenblatt. Das wollte ich dir natürlich auch noch zeigen. So sieht es aus. Du hast die Aufgabenstellung, du hast deine 10 Multiple-Choice-Aufgaben und mehr ist es auch nicht. Diese eine Seite. Hier sehen wir jetzt die Aufgabenstellung. Wie gesagt, die verrät dir eigentlich gar nichts über das Thema und so weiter. Deswegen musst du dann in der Prüfung eigentlich gar nicht mehr zuhören, sondern kannst direkt loslegen mit Lesen und hast dir somit noch ein paar Sekunden gespart. Wir lesen die hier mal zusammen. Hörverstehen Teil 2. Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage, A, B oder C, am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 55 bis 64 auf den Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 55 bis 64. Sie haben dazu 3 Minuten Zeit.
Und dann geht es auch schon los. Wir sollen also unsere Aufgaben lesen und Schlüsselwörter finden, unterstreichen. Wir machen mal die ersten 3 gemeinsam durch. Wir lesen sie mal und unterstreichen. Du kannst hier jederzeit das Video gerne pausieren, in Ruhe nochmal lesen, selber überlegen, was würde ich denn jetzt hier unterstreichen, und dann siehst du auch meine Schlüsselwörter. Also, Herr Rimbach ist jetzt zum Beispiel kein Schlüsselwort. Das ist jetzt wahrscheinlich die Person, die interviewt wird. Herr Rimbach ist für die Reisegruppe leicht erkennbar. Okay, es geht jetzt vielleicht nicht um die Reisegruppe, sondern es geht darum, dass er leicht erkennbar ist. Obwohl er keine auffälligen Requisiten dabei hat. Da würde ich mir jetzt nur das Wort Requisiten. Weil auffällig ist zwar auch wichtig, ja, aber wenn wir uns A, B und C anschauen, geht es bei A um Requisiten, bei B um die Körpergröße und bei C um die Kleidung. So, deswegen muss ich mir jetzt auffällig nicht unbedingt unterstreichen. Wenn jetzt in dem Audio was mit Requisiten kommt, dann gucke ich schnell bei A und dann sehe ich ja auch, dass da auffällig steht. Ja? Aber so das Schlagwort, was jetzt hier ist nicht auffällig, sondern Requisiten, weil das unterscheidet A von den anderen 2 Antworten. Okay? So, also, nochmal. Herr Rimbach ist für die Reisegruppe leicht erkennbar, obwohl er keine auffälligen Requisiten dabei hat, nicht durch seine Körpergröße auffällt und unauffällige Kleidung bevorzugt. Okay. Herr Rimbach setzt Körpersprache bewusst ein, um einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen, seine eigene Nervosität zu überspielen oder Urlaubern die Nervosität zu nehmen. Genau. Hier ist jetzt eigentlich das Wort Urlauber und Nervosität wichtig. Ich habe es jetzt einfach zusammen unterstrichen. Du kannst auch gerne einfach nur Urlauber unterstreichen und bei B eigene. Ja, das geht natürlich auch. Und die nächste, Nörgler und Unruhestifter, erkennt Herr Rimbach immer auf den ersten Blick. Oder fallen oft schon am Anreisetag unangenehm auf. Da geht es jetzt um den Anreisetag. Und reagieren in Krisensituationen besonders panisch. Hier hätte man auch noch Krise unterstreichen können zum Beispiel. Ja. So, wir haben jetzt alles unterstrichen und so weiter und dann geht das Audio los, nach den 3 Minuten, die wir Zeit bekommen haben. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf die ersten 3, die restlichen und auch das Audio dazu kannst du dir dann noch herunterladen, wenn du hier unten auf den Link klickst unter dem Video. Und wir hören jetzt erstmal einen Teil von dem Audio an. Und ihr könnt währenddessen schon einmal versuchen, richtig zuzuhören und euch vielleicht sogar zu entscheiden. Nehmt euch vielleicht einen Zettel und einen Stift und schreibt es euch auf. Das Audio beginnt. Willkommen zurück beim Sonntagsradio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Annette Engels. Pünktlich zu Beginn der Ferienzeit dreht sich bei uns heute alles um das Thema Urlaub. Dass die Deutschen ein reiselustiges Volk sind, ist kein Geheimnis. Aber wie sind sie denn wirklich so, die deutschen Touristen? Unser Gast Oliver Rimbach ist Reiseleiter und kennt vor allem Gruppenreisende ganz genau. Herzlich willkommen in der Sendung, Oliver Rimbach. Vielen Dank. Herr Rimbach, als Reiseleiter haben Sie schon hunderte Deutsche ins Ausland begleitet. Eine Frage vorweg. Wie machen Sie auf sich aufmerksam? Schirm oder Fähnchen? Weder noch. Deutsche Reiseleiter mögen keine Fähnchen. Bei chinesischen ist das anders. Wenn man in Peking am Sommerpalast unterwegs ist, sieht man sie in allen Farben. Ich trage farblich auffällige Kleidung, und zwar mehr oder weniger jeden Tag dieselbe. Zum Glück bin ich nicht ganz so klein gewachsen, und meist trage ich unterwegs einen Hut. Ich habe auf 200 Reisen nur einmal einen Mann verloren. Er nahm dann ein Taxi zum Hotel. Nehmen wir an, wir treffen am Flughafen erstmals aufeinander. Ich mit meiner Reisetasche ein bisschen nervös, Sie die Ruhe selbst, oder? Von wegen. Selbst nach Jahren der Routine ist jede Reise eine neue Herausforderung und man ist doch etwas nervös.
Jedoch versuche ich nicht, meine Nervosität zu kaschieren oder etwa die Kunden zu beruhigen. Da ich das Erste bin, was der Gast von seinem Urlaub zu sehen bekommt, bin ich stets bemüht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Meine Körpersprache darf also kein falsches Signal aussenden. Das heißt, Hände aus den Hosentaschen und freundlich sein. Sie scannen nicht als erstes Ihre Gäste ab? Ich versuche, Schubladendenken zu vermeiden. Den Typ Urlauber kenne ich. Da wurde ich oft eines Besseren belehrt. Es gibt zwar Leute, die haben sich schon in Rage geredet, ehe ich »Guten Tag« sagen kann, weil sie im Flugzeug nicht den gewünschten Platz bekommen haben. Das ist aber selten. Der Querulant ist selten von Anfang an ein Querulant. Erst im Laufe der Zeit und vor allem in Krisensituationen zeigen Menschen ihr wahres Gesicht. Und wer sich wegen Kleinigkeiten aufgeregt hat, der ist bei großen Problemen kaum mehr zu beruhigen. Ich mag übrigens schwierige Situationen. Mich reizt die Herausforderung, die Gruppe zu beruhigen, alles wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Es gibt Orte. So, ich hoffe, du hast gut zuhören können und wir gehen direkt in die nächsten Schritte über. So, ihr solltet euch ja jetzt eigentlich schon entscheiden, während ihr zugehört habt, aber wir gucken uns hier nochmal das Skript an und lesen uns das rasch mal gemeinsam durch. Du kannst gerne pausieren, es dir in Ruhe durchlesen und die richtigen Antworten heraussuchen und schauen, ob du es richtig gemacht hast. Legen wir los. Also, wir sehen Annette Engels, das ist die Person, die das Interview führt. Die spricht mit einem Herrn Rimbach, dem Oliver Rimbach. Sie sagt, willkommen zurück beim Sonntagsradio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Annette Engels. Pünktlich zu Beginn der Ferienzeit dreht sich bei uns heute alles um das Thema Urlaub. Das wissen wir jetzt schon mal. Es geht also um Urlaub. Dass die Deutschen ein reiselustiges Volk sind, ist kein Geheimnis. Aber wie sind sie denn wirklich so, die deutschen Touristen? Unser Gast Oliver Rimbach ist Reiseleiter und kennt vor allem Gruppenreisende ganz genau. Herzlich willkommen in der Sendung, Oliver Rimbach. Und der sagt dann vielen Dank. Also, es geht um Urlaub und deutsche Touristen. Dann geht das Interview eigentlich los. Das war ja jetzt nur eine Einleitung. Das hatte jetzt mit dem Multiple Choice hier auch nichts zu tun. Da haben wir auch keine Frage beantworten können. Jetzt geht das Interview erst richtig los. Herr Rimbach, als Reiseleiter haben Sie schon hunderte Deutsche ins Ausland begleitet. Eine Frage vorweg. Wie machen Sie auf sich aufmerksam? Schirm oder Fähnchen? Dann sagt der Herr Rimbach, weder noch. Deutsche Reiseleiter mögen keine Fähnchen. Bei chinesischen ist das anders. Wenn man in Peking am Sommerpalast unterwegs ist, sieht man sie in allen Farben. Ich trage farblich auffällige Kleidung, und zwar mehr oder weniger jeden Tag dieselbe. Zum Glück bin ich nicht ganz so klein gewachsen und meist trage ich unterwegs einen Hut. Ich habe auf 200 Reisen nur einmal einen Mann verloren. Er nahm dann ein Taxi zum Hotel. Genau, dann geht das Gespräch weiter. Die Annette stellt dann wieder eine neue Frage und dann wissen wir, okay, es geht weiter. So, diese Antwort bezieht sich aber jetzt auf die Nummer 55 und da steht, Herr Rimbach ist für die Reisegruppe leicht erkennbar, obwohl er keine auffälligen Requisiten dabei hat, nicht durch seine Körpergröße auffällt oder unfällige Kleidung bevorzugt. Wenn wir jetzt das Auswahlverfahren nehmen, können wir sagen, C fällt raus, weil obwohl er unauffällige Kleidung bevorzugt, steht hier nicht. Er sagt, er trägt farblich auffällige Kleidung. Ja, es steht aber nicht da, dass er unauffällige Kleidung bevorzugt. Das ist ja das Gegenteil und das steht hier nicht. Also können wir das schon mal rausnehmen. Dann gucken wir noch A und B an. Obwohl er keine auffälligen Requisiten dabei hat oder obwohl er nicht durch seine Körpergröße auffällt. Requisiten wären Fähnchen und so. Und die hat er ja nicht dabei. Aber hier stand auch was über seine Größe.
Und da steht, zum Glück bin ich nicht ganz so klein gewachsen. Das heißt, er ist ja doch ein großer Mann wahrscheinlich, obwohl er nicht durch seine Körpergröße auffällt, würde heißen, dass er klein ist. Und hier sagt er, dass er nicht so klein ist. Das heißt, er ist groß. Also auch wieder der Gegenteil. Und damit können wir B auch wegstreichen. Dann bleibt nur noch A übrig. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Er hat keine auffälligen Requisiten dabei. Er hat keinen Schirm, er hat kein Fähnchen. Er trägt halt normale Kleidung und vielleicht einen Hut. Also, er ist trotzdem leicht erkennbar, obwohl er keine auffälligen Requisiten dabei hat. Antwort A. Dann gehen wir direkt weiter. Jetzt sind wir bei Herr Rimbach setzt Körpersprache bewusst um. Und da hören wir jetzt mal das nächste an. Annette sagt, nehmen wir an, wir treffen am Flughafen erstmals aufeinander. Ich mit meiner Reisetasche ein bisschen nervös. Sie die Ruhe selbst, oder? Genau, jetzt geht es um die Nervosität und so weiter. Der erste Eindruck, das erste Mal getroffen und Nervosität. Das war ja alles in der Frage in der 56 auch mit drin. Da sagt der Herr Rimbach dazu. Von wegen. Selbst nach Jahren der Routine ist jede Reise eine neue Herausforderung und man ist doch etwas nervös. Also, er ist nervös, das wissen wir schon mal. Jedoch versuche ich nicht, meine Nervosität zu kaschieren oder etwa die Kunden zu beruhigen. Also er versucht nicht, seine Nervosität zu verstecken oder die Urlauber zu beruhigen, wenn die nervös sind. Da ich das Erste bin, was der Gast von seinem Urlaub zu sehen bekommt, bin ich stets bemüht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Meine Körpersprache darf also kein falsches Signal aussenden. Das heißt, Hände aus den Hosentaschen und freundlich sein. Also, wir wissen, es geht um Körpersprache. Darum geht es ja in der Frage, setzt die Körpersprache bewusst ein, er setzt sie ein, um A, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen, B, seine eigene Nervosität zu überspielen oder C, den Urlaubern die Nervosität zu nehmen. Und da hat er eindeutig gesagt, etwas weiter oben, jedoch versuche ich nicht, meine Nervosität zu kaschieren, also fällt B komplett raus, und die Kunden zu beruhigen, das heißt den Urlaubern die Nervosität zu nehmen. Das macht er nicht, also fällt C auch raus, sondern er macht das, er will kein falsches Signal aussenden mit seiner Körpersprache und möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Und das ist A. Lesen wir weiter. Sie scannen nicht als erstes Ihre Gäste ab. Ich versuche Schubladendenken zu vermeiden. Okay? Den Typ Urlauber kenne ich. Da wurde ich oft eines Besseren belehrt. Es gibt zwar Leute, die haben sich schon in Rage geredet, ehe ich guten Tag sagen kann, weil sie im Flugzeug nicht den gewünschten Platz bekommen haben. Das ist aber selten. Der Querulant ist selten von Anfang an ein Querulant. Erst im Laufe der Zeit und vor allem in Krisensituationen zeigen Menschen ihr wahres Gesicht. Und wer sich wegen Kleinigkeiten etc. Da haben wir schon unsere Antwort. Ich weiß, etwas weiter unten sagt er es auch nochmal direkt, aber hier hören wir es auch schon raus. Unsere Aufgabe war Nörgler und Unruhestifter. Erkennt Herr Rimbach immer auf den ersten Blick. Oder fallen oft schon am Anreisetag unangenehm auf oder reagieren in Krisensituationen besonders panisch. So, und wenn man jetzt nicht weiß, was Nörgler und Unruhestifter sind, dann hört man Querulant. Querulant ist einfach ein Synonym für Nörgler, Unruhestifter. Ja? Und darüber wird ja hier gesprochen. Und da sagt er auch, ein Querulant ist selten von Anfang an ein Querulant. Das heißt, B fällt raus, sie fallen also nicht von Anfang an schon unangenehm auf, schon am ersten Reisetag. Das stimmt nicht. Und bei A steht, erkennt Herr Rimbach immer auf den ersten Blick. Das sagt er auch nicht, weil er versucht ja, das sagt er gleich am Anfang, das Schubladendenken zu vermeiden. Also erkennt er die Querulanten auch nicht sofort. Das heißt, A und B fallen raus und er sagt dann, diese Querulanten, die Nörgler und so weiter, die reagieren in Krisensituationen besonders panisch. Und das sagt er hier auch. Erst im Laufe der Zeit, also etwas später und vor allem in Krisensituationen, besonders in den Krisensituationen, da
kommt dann der Querulant auf und da reagiert er dann halt panisch. Also, die richtige Antwort ist C. So, wenn du dann alle 10 Aufgaben hinter dir hast, das Audio ist vorbei, das Gespräch ist vorbei, dann solltest du alles nochmal prüfen, alles auf dein Aufgabenblatt übertragen und dann hast du es auch schon geschafft. Das Video ist somit auch vorbei. Du hast Hören Teil 2 hinter dir, hast dich gut vorbereitet und ich wünsche dir alles Gute. Und natürlich sage ich dir auf Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, weil es gibt ja auch noch Hören Teil 3. Also, bis dann. Und natürlich habe ich es ja am Anfang noch versprochen, hier gibt es noch unseren Bonus. Schick uns doch mal deine Lösungen. Schreib die hier unten in die Kommentare rein, weil die ersten 5 Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Bis gleich. Bald hast du es geschafft. Hören Teil 2 hast du schon hinter dir, also geh doch direkt rüber zu Hören Teil 3. Und zwar werden wir uns Hören Teil 3 etwas näher anschauen. Jetzt heißt es gut zuhören, denn du sollst hier Informationen heraushören können und diese dann übertragen können. In der TAKE-Prüfung C1 Hören Teil 3. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TAKE-Prüfung C1 Hören Teil 3. Und schon kann es auch losgehen. Ganz am Anfang möchte ich dir mal zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar schauen wir uns erstmal einen Überblick an zur Prüfung. Dann zeige ich dir, wie du dich gut vorbereiten kannst. Dann machen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemeinsam. Und am Ende schauen wir uns noch ein Beispiel gemeinsam an. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende kommt noch ein Bonus. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Es lohnt sich. Schauen wir uns erstmal an, wie die Prüfung im Teil 3 abläuft und wie sie bewertet wird. Also, wir sind hier also beim TAKE-Zertifikat C1 Hören Teil 3. Darum geht es. Und was wird denn hier in diesem Teil 3 überhaupt getestet? Und zwar hörst du einen Vortrag und zu diesem Vortrag bekommst du 10 Aufgaben. Und zu diesen 10 Aufgaben musst du dir dann Stichpunkte machen. Wir schauen uns das im Detail jetzt gleich nochmal gemeinsam an. Insgesamt für Hören, also Teil 1, 2 und 3, hast du insgesamt 40 Minuten Zeit. Wenn du dir den Modelltest mal anschauen willst zum Hören Teil 3, dann kannst du dir die PDF hier herunterladen in dem Link unter diesem Video. Und vielleicht fragst du dich auch noch, worauf wird hier überhaupt geachtet, weil es gibt zum Beispiel prüfungsinterne Kriterien bei der mündlichen Prüfung und beim Schreiben. Hier ist es so, dass sich auch beim Schreiben und so weiter gibt es diese prüfungsinternen Kriterien, die sich aber auch auf diesen GER-Referenzrahmen stützen. Und das ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen. Den kannst du dir gerne im Internet mal anschauen. Da steht allgemein, was du als C1-Kandidat alles so können und wissen musst. Und da steht aber auch nochmal aufgeschrieben für die einzelnen Bereiche, zum Beispiel Hören, was du da alles können musst. Kannst du dir gerne im Internet mal raussuchen und auch detailliert durchlesen. Wir legen also los, aber am Anfang muss man sich immer erstmal gut vorbereiten, damit man erfolgreich wird. Und zu einer guten Vorbereitung gehört zum Beispiel dazu, dass man sich Vorwissen aneignet und den Wortschatz erweitert. Wenn du von mir die anderen Videos schon gesehen hast, dann hast du das sicherlich schon mal gehört, weil es ist einfach so wichtig für alle Gebiete der Prüfung und sogar im Alltag und im Beruf. Deswegen sage ich es auch immer wieder, weil es einfach so wichtig ist, ja? Also, das kannst du zu Hause machen, indem du die Nachrichten schaust, indem du die Zeitung liest, Dokumentationen anschaust. Es gibt da so viele Möglichkeiten, auch im Bereich Hören. Es gibt Podcasts und so weiter. Also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Du kannst auch einfach Fernsehen schauen, aber drehst dich um und hörst nur zu, zum Beispiel. Ja? Es gibt Hörbücher und so weiter. Also alles, was du dir vorstellen kannst, damit kannst du üben.
Und vielleicht machst du sowieso etwas jeden Tag, wie die Zeitung lesen. Und das ist ja dann schon mal auch eine super Vorbereitung für die Prüfung. Und da solltest du aber jetzt vielleicht auch schauen, dass du dir mal aktuelle Themen anschaust und vielleicht auch schwierige oder für dich eher uninteressantere Themen. Gerade wenn du jetzt bald die Prüfung hast, ist es wichtig, dass du, sagen wir, schauen, was im letzten Jahr alles so passiert ist in Sachen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und so weiter, ja. Denn solche Themen kommen gerne auch mal in der Prüfung dran. Und wenn du dann in manchen Themen einfach keine Ahnung hast, heißt das automatisch, du hast also weniger Wissen und somit auch weniger Wortschatz. Das heißt, du kannst dich nicht so gut ausdrücken, weil du einfach weniger Wissen hast, kannst auch nicht so viel erzählen. Gerade auch im Sprechen und im Schreiben ist es natürlich wichtig, dass man da auch ein bisschen Wissen hat und auch mehr Wissen einbringen kann in den Text oder in das Gespräch und so weiter, ja. Und gerade auch beim Hören und Lesen ist es natürlich so, je mehr du weißt, je größer dein Vokabular ist und umso mehr verstehst du natürlich auch. Genau. Und dann ist es wichtig, wenn du dir da Wörter aussuchst, das müssen nicht unbedingt Wörter sein, die direkt mit dem Thema zu tun haben, das können auch irgendwelche Verben sein, die dir vielleicht einfach schwierig fallen, wo du sagst, ich weiß nicht genau, wie ich die benutzen soll im Alltag oder so, dann kannst du dir die natürlich auch rausschreiben, aufschreiben und dann, das Wichtige ist aber, lerne diese Liste nicht einfach auswendig, sondern integriere sie in deinen Alltag, benutze sie, schreibe einen Text, sprich mit jemandem über irgendein Thema und versuche dann, diese Wörter auch da zu integrieren, da einzubauen. Genau, und somit lernst du sie auch erst richtig. Als nächster Schritt in deiner Vorbereitung wäre es gut, wenn du das Hören nochmal übst und das Mitschreiben. Wenn du ein Student bist oder so, dann kennst du das sicherlich. Ja, man sitzt im Unterricht, man hört den Lehrer, den Dozenten oder so irgendwas erzählen und man muss schnell mitschreiben. Und das ist nochmal eine Übung, die dir jetzt gerade für das TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 3 auch sehr weiterhilft, wenn du das gut kannst. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine super Übung für deinen Wortschatz, ne? Such dir Dokumentationen raus oder lass dir vielleicht die Nachrichten mal vorlesen oder so. Du kannst auch Radio hören. Alles, was wie ein längerer Vortrag ist, das kann dir helfen. Also es gibt ja auch Radiosender, wo eher weniger Musik läuft, sondern viel gesprochen wird. Da gibt es vielleicht auch mal Interviews und so. Und das kann man sich auch mal anhören. Das sind auch gute Übungen. Genau. Und dann kannst du da nämlich zum Beispiel, du kannst auch das globale Hören nochmal üben. Das kennen wir aus dem Teil 1 vom Hörverständnis. Da ist es dann so, dass du im Allgemeinen erstmal zuhörst und guckst, was sind jetzt hier die Hauptinformationen aus dem Gehörten. Ja? Worum geht es überhaupt? Was sind die Hauptpunkte, die ich hier raushören konnte? Und dann kann man das detaillierte Hören nochmal üben, indem man einfach zuhört und sich ein paar Infos notiert, dass man einfach sieht, okay, detailliertes Hören heißt einfach, dass du nicht nur die Hauptinformation verstehst, sondern auch einzelne wichtige Punkte herausfiltern kannst. Und da kannst du dir am besten Audios oder Videos raussuchen, die halt auch ein Skript haben oder die du dir nochmal anhören kannst, weil du möchtest natürlich überprüfen, ob du auch viele Details richtig auch heraushören konntest. Das heißt, es ist natürlich hilfreich, wenn du dann den Text, wenn du das Audio oder das Video oder so dir nochmal anhören kannst oder wenn du das Ganze als Text, ja, als Skriptform hast, dann kannst du erstmal hören und dann nochmal nachlesen, ob du auch alles richtig verstanden hast. Und dann, was jetzt halt wichtig für diesen Teil 3 vom Hörverständnis ist das selektive Hören. Das kannst du üben, indem du direkt nach speziellen Informationen im Gehörten suchst. Zum Beispiel, du hast jetzt schon mal detailliert gehört und du hast gehört, da waren irgendwelche Nummern, Zahlen oder irgendwelche Adressen oder spezielle Namen von Personen oder so. Und da kannst du sagen, ich höre mir das jetzt nochmal an und achte mal genau auf diese Information und die schreibe ich mir dann ganz schnell mit. Ja, und damit hast du dann dieses selektive, direkte Hören geübt.
Als nächstes möchte ich dir hier auch empfehlen, dir ein Markierungssystem auszudenken. Das kennst du aus den anderen Videos jetzt auch schon, weil wenn du das einmal gemacht hast, du hast dir so ein System ausgedacht, dann hilft dir das in der ganzen Prüfung. Du kannst das überall immer wieder verwenden und es hilft dir einfach auch schneller voranzukommen. Deswegen, wie gesagt, sage ich dir das jetzt hier auch nochmal, das hörst du in vielen Videos von mir. Nur nochmal dazu gesagt, zum höheren Teil 3 ist das Markierungssystem jetzt nicht das Wichtigste. In anderen Teilen ist es wichtiger als hier. Aber wie gesagt, denk dir das einfach mal aus für die ganze Prüfung und dann ist es natürlich hilfreich. Das Markierungssystem allgemein kann dir helfen, Zeit zu sparen und nicht stecken zu bleiben. Und du solltest dir dabei ein System suchen, das auch wirklich zu dir passt. Also nicht unbedingt das, was ich dir jetzt erzähle, sondern etwas, wo du sagst, das kann ich mir gut merken, das kann ich gut anwenden. Und das solltest du in der Vorbereitung für die Prüfung einfach mal ausprobieren. Ja? Zum Beispiel, wenn du dir nicht ganz sicher bist, machst du dir ein Fragezeichen hin, bist du dir doch sicher, dann kannst du die Antwort vielleicht schon neben die Aufgabe schreiben und diese dann fett unterstreichen oder ein Ausrufezeichen hinmachen oder sowas. Oder einen Kreis drumherum malen oder irgend sowas. Und dann bei Aufgaben, die du nicht weißt, kannst du dir vielleicht ein großes X hinmalen, damit du weißt, okay, ich muss hier später unbedingt nochmal hierher zurückkommen und brauche noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen dann hier. Und noch auch ganz wichtig, verbringe einfach nicht zu viel Zeit mit dem Notieren und dem Markieren, weil dann ist das so ein bisschen, ja, das Markierungssystem ist ja dazu da, dass es Zeit spart, ja, und wenn du dann sehr viel Zeit investierst für das Markieren, dann ist es eher kontraproduktiv als produktiv, genau. So, wir haben uns jetzt gut vorbereitet und jetzt gehen wir in die Schritt-für-Schritt-Anleitung über. Wir sind immer noch beim TELC-Zertifikat C1 Hören Teil 3 und wie du weißt, geht es ums Hören und das Hören ist immer angeleitet. Das heißt, deine Schritt-für-Schritt-Anleitung läuft also mit diesem Audio mit und deswegen ist sie auch eigentlich sehr kurz, weil dich das Audio mitnimmt sozusagen. Die Anleitung kannst du dir aber trotzdem auch nochmal herunterladen als PDF und den Link findest du hier unter diesem Video. Genau, also ganz am Anfang musst du die Aufgaben erstmal lesen, suchst dir vielleicht Schlüsselwörter aus, dann hörst du den Vortrag, dann musst du alles schnell aufschreiben und dann überprüfst du das Ganze nochmal. Jetzt nochmal etwas im Detail. Als allererstes müssen wir die Aufgaben natürlich erstmal durchlesen und eventuell Schlüsselwörter unterstreichen. Du hast für das Lesen der Aufgaben 1 Minute Zeit. Das ist völlig ausreichend, weil ganz, ganz wenig Information dasteht. Das siehst du auch gleich, wenn wir die Aufgaben mal durchgehen. Im Audio kommt am Anfang immer die Aufgabenstellung. Die kennst du schon. Da wird gesagt, wie die Aufgabe funktioniert. Und die kannst du eigentlich dann erstmal ignorieren. Und somit hast du dir nämlich nochmal Zeit gespart. Du kannst dann nämlich direkt loslegen, während der Sprecher im Audio noch spricht, kannst du dir schon mal deine Aufgaben in Ruhe anschauen. Und da schaust du dir jetzt diese 10 Infoboxen an, die du bekommst. Und da steht sehr wenig Information drin. Aber wenn es für dich hilfreich erscheint, wenn du denkst, das bringt mir was, dann kannst du nochmal wichtige Schlüssel und Signalwörter unterstreichen. Das ist jetzt hier in der Aufgabe nicht sehr wichtig. In anderen Aufgaben, also in anderen Teilen der Prüfung ist es viel wichtiger, Schlüsselwörter zu unterstreichen, weil wir wirklich sehr, sehr wenig Informationen in diesen Infoboxen drin haben. Das heißt, es gibt eigentlich auch sehr wenig nur zum Unterstreichen. Wenn dir das aber hilft, ich bin eine visuelle Person, wenn ich zum Beispiel für irgendwas lerne, dann brauche ich Farben und ich unterstreiche viel oder mache Symbole und so weiter. Wenn du auch so ein Typ bist, so ein Lerntyp, dann ist es bestimmt hilfreich, dass du dir einfach ein paar Schlüsselwörter unterstreichst. Wenn du sagst, brauche ich nicht, das ist mir zu viel durcheinander, dann brauchst du das natürlich auch nicht machen. Wie gesagt, es ist jetzt hier nicht sehr wichtig. Im zweiten Schritt geht es dann los. Du hörst dir den Vortrag an. Du kannst den nur ein einziges Mal hören, weil wir sind jetzt auf dem C1-Niveau und im normalen Leben kann man ja die meisten Sachen auch nicht nochmal hören. Deswegen nur einmal.
Die Aufgaben sind aber wieder chronologisch aufgebaut, so wie es bei einem normalen Vortrag auch wäre, wenn dir jetzt jemand einen Vortrag hält und gibt so Handzettel aus oder zeigt eine Präsentation mit diesen Slides oder so oder Folien oder so, dann hat man ja auch diesen chronologischen Aufbau mit dem Vortrag. Und genauso ist es hier in der Prüfung halt auch. Und der Sprecher wird irgendeinen Vortrag halten über ein bestimmtes Thema, aus dem Alltag gegriffen wahrscheinlich, und wird daher halt auch keine längeren Sprechpausen haben oder Fragen wie im Interview, sondern ist einfach ein fortlaufender Vortrag. Genau, und dann solltest du, während du hörst, diese Infoboxen mit dem Gesprochenen vergleichen und auf diese Schlüsselwörter achten. Wie gesagt, in den Infoboxen ist sehr wenig Information, deswegen stehen da eigentlich nur Wörter und du musst beim Hören darauf achten, okay, jetzt sind wir an der Stelle, wo es hierum geht, um dieses Thema, und dann musst du dich wirklich gut konzentrieren. Im nächsten Schritt, oder ja, das läuft ja alles ineinander über sozusagen, du hörst und musst eigentlich schnell aufschreiben und das Ganze eigentlich gleichzeitig. Während du hörst, musst du schreiben, weil der Sprecher spricht ja weiter. Ja, also der Vortrag läuft kontinuierlich weiter. Das heißt, du musst mehrere Sachen auf einmal machen. Und deswegen hast du auch wenig Zeit zum Überlegen. Du musst also schnell schreiben und es geht hier nicht darum, einzelne Wörter aufzuschreiben, sondern eher Wortgruppen, kurze Erläuterungen. Also Stichpunkte brauchen wir. Und in den meisten Fällen reichen da einzelne Wörter einfach nicht aus. Ja, und hier kann dir auch wieder ein Markierungssystem helfen, wenn du jetzt nicht weiter weißt, weil du kannst hier nicht lange überlegen und stecken bleiben. Deswegen hilft dir so ein System ein bisschen. Das Problem ist nur, wenn du die Antwort jetzt nicht weißt, wird es schwer, das später noch auszufüllen, weil du es halt wirklich auch nur einmal hörst. Aber wenn du jetzt hier stecken bleibst und ganz lange überlegst und so, dann verpasst du die nächste Aufgabe. Deswegen, Markierungssystem kann dir helfen, dass du dann einfach später nochmal hier zurückkommst und nochmal überlegst, auch wenn das Audio dann schon vorbei ist. Auch noch ganz wichtig, die Rechtschreibung und wie schön du jetzt schreibst in diesem Moment ist wirklich nicht wichtig. Das ist alles für später. Wie gesagt, wenn du Student bist oder so, dann weißt du, wovon ich rede. Man hat da einfach keine Zeit, dass das alles schön fein leserlich oder auch alles komplett richtig geschrieben ist. Ne? Deswegen, das ist jetzt absolut nicht wichtig, da kümmerst du dich später drum. Jetzt ist es wichtig, alle Informationen, die du hörst, die hier auch wichtig sind in dem Moment, aufschreiben zu können. Genau, wie gesagt, also wichtig ist es alles zu hören, es zu verstehen und schnell zu sein, damit du es noch schnell aufschreiben kannst. Denn deine Antworten, die kannst du dann am Ende von Teil 3 noch sorgfältig auf den Antwortbogen draufschreiben. Aber nicht jetzt. Jetzt schreibst du auf deinem Aufgabenblatt in Stichpunkten einfach daneben. Du siehst das Aufgabenblatt auch gleich nochmal. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Im nächsten Schritt bist du dann fertig, das Audio ist vorbei und jetzt musst du das Ganze nochmal überprüfen. Hast du alles beantwortet? Super, wunderbar. Hast du irgendwelche Markierungen hingemacht? Dann schau doch noch, ob du dann noch was ergänzen kannst, aber versuche nicht zu raten. Ja? Wenn du da jetzt schon was geschrieben hast und du weißt noch von vorhin, okay, das müsste ich da noch mit hinschreiben oder so, aber versuche jetzt nicht zu raten, außer wenn du wirklich gar nicht weißt, was da rein sollst, dann solltest du natürlich dann überlege, was da reinpasst, anstatt es freizulassen. Weil freilassen sind auf jeden Fall 0 Punkte. Und jetzt ist es wichtig auch, du hast jetzt überprüft und jetzt hast du noch genau 5 Minuten Zeit, deine Antworten auf den Antwortbogen zu übertragen. Und da hast du jetzt auch Zeit dafür, das korrekt zu machen. Also die Rechtschreibung muss richtig sein, es muss leserlich sein, es muss säuberlich geschrieben sein. Weil wenn du falsche Wörter hast oder so, die werden dann nicht akzeptiert. Okay? Du hast ganze 5 Minuten dafür Zeit und das müsste eigentlich reichen. So, und jetzt gehen wir ein Beispiel gemeinsam durch. Los geht's. Also, wie du siehst, hier haben wir das Aufgabenblatt, so sieht das aus. Es geht also um das Hörverstehen Teil 3. Und wie du siehst, hast du diese Infoboxen
auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du Platz für Stichpunkte. Und in jeder Infobox findest du 2 Aufgaben, wo du dann halt jeweils 3 Linien zur Verfügung hast, um deine Stichpunkte aufzuschreiben. Wenn du eine große Schrift hast, versuch schön klein zu schreiben, damit du auch alles da reinschreiben kannst. Hier sehen wir dann auch noch die zweite Seite, da kommen dann auch nochmal 3 weitere Infoboxen, jeweils mit 2 Aufgaben. Und wie du siehst, es ist sehr wenig Information da. Du hast 1 Minute Zeit, dir das durchzulesen und das reicht auf jeden Fall. So, in der Prüfung im Audio wird dir diese Aufgabenstellung vorgelesen. Die kannst du eigentlich überspringen und dann direkt zu deinen Aufgaben übergehen, aber wir lesen sie mal gemeinsam hier durch. Hörverstehen Teil 3. Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Und hier nochmal ganz fett gedruckt, stichwortartig. Es heißt also, dass wir keine Sätze schreiben sollen. Wir sollen nichts richtig erklären, in dem Sinne. Und wir sollen auch nicht nur einfache Wörter hinschreiben, Schlagwörter oder so, sondern Stichwörter. Stichwort heißt, es geht schon darum, dass wir eine Wortgruppe stehen haben. So, wie auch eben in der Aufgabenstellung drin stand, haben wir wieder ein Beispiel. Das ist das Beispiel 0. Wie ihr seht, hier geht es eigentlich um das Thema von diesem Herrn Martin Wintermeyer und das Thema ist Wohnen mit Farbe. Wie ihr seht, es geht nicht nur um ein Wort, sondern auch wieder eine Wortgruppe und das wurde hier eingetragen. Und so müsst ihr das dann auch machen. So, wir sind jetzt im ersten Schritt. Wir sollen die Aufgaben lesen. Wir haben 1 Minute Zeit dazu und Schlüsselwörter unterstreichen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das braucht. Wir gucken uns das mal kurz gemeinsam an und ich unterstreiche mal Wörter, die für mich als Stichworte, als Schlagwörter wirken. Genau. Also, das Beispiel, wir haben ja eben schon das Beispiel 0 gesehen. Es geht also um Farben in der Wohnung. Und am Beispiel von Frau Müllers Wohnzimmer bei der Nummer 65 geht es also um die neue Wandfarbe und was diese bewirkt. Es geht also um Wandfarbe, Farbe in der Wohnung und so. Deswegen habe ich jetzt hier das Wort bewirkt unterstrichen. Das ist so für mich das wichtigste Wort. Und Farbe ist nicht gleich Farbe. Wir unterscheiden. Als nächstes weiße Wände. Nein, weil. Wir suchen also nach irgendeinem Grund, warum wir keine weißen Wände möchten. Alternativen habe ich jetzt einfach auch mal unterstrichen. Dann die richtige Farbwahl und Menge. Hängt ab von. Und Farbe und Persönlichkeit. Dazu ein Beispiel. Dann geht es um Farbakzente und der Vorteil von diesen Farbakzenten. Und mehr Mut zur Farbe sollte man vielleicht haben. Und dann der Faktor Licht, Wohngefühl, positiv beeinflussen, indem, und Kritik an modernen Wohnungen. Und da würde ich Kritik unterstreichen. So, jetzt sind wir im nächsten Schritt. Wir müssen jetzt dem Vortrag zuhören. Wir hatten also, unsere Minute ist vorbei, in der wir die Aufgaben gelesen haben. Und jetzt geht es los mit dem Vortrag. Ich werde das Audio jetzt abspielen. Ihr hört gut zu. Wir werden nicht alle Aufgaben machen, sondern nur wir hören das Beispiel hören wir uns an und die ersten beiden Aufgaben und also den Anfang des Vortrags. Ihr könnt gerne auch mal zwischendurch pausieren und überlegen als erste Übung und ich lasse das Audio jetzt erstmal laufen für diese beiden ersten Aufgaben. Los geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Schöner Wohnen. Es ist wirklich bemerkenswert, was Farbe alles kann. Behaglichkeit und Atmosphäre schaffen, Räumen Charakter verleihen, Wohnbereiche imposant und edel oder gemütlich und kuschelig wirken lassen.
Wenn Sie sich unsicher sind, zu welcher Wandfarbe Sie bei der nächsten Renovierung greifen sollen, dann sind Sie hier genau richtig. Unser heutiger Gast, Martin Wintermeyer, ist Innenarchitekt und hat sich auf das Thema Wohnen mit Farbe spezialisiert. Er wird heute für Sie das Geheimnis der Farben lüften. Herzlich willkommen, Martin Wintermeyer. Danke, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mit Farben lassen sich tatsächlich verblüffende Wirkungen zaubern. Es muss ja nicht gleich die knallrote Wand sein. Wer vom nichtssagenden Weiß genug hat, kann sich auch mit kleinen Farbtupfern vorwagen. In jedem Fall gibt es ein paar Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie zum Pinsel greifen. Kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller, die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf dass der Raum einen heimeligen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht, und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache. Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen Blau und Rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Mehr als 9 Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Wie Farben wirken, liegt, allen Urprägungen zum Trotz, auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst, Stimmungen erzeugt. Meist So, ihr habt also jetzt das Audio gehört und habt euch vielleicht auch schon ein paar Stichpunkte machen können und solltet eigentlich während dem Hören natürlich aufschreiben. Ja? Also während dem Hören musstet ihr die 65 beantworten und die 66. Wir gucken uns hier jetzt aber das Skript gemeinsam an und gehen das Ganze nochmal langsam durch. Okay? Also, Hörverstehen Teil 3, Vortragsreihe Schöner Wohnen. Am Anfang habt ihr die Gastgeberin gehört, die das so eingeleitet hat, die den Herrn Wintermeyer willkommen geheißen hat. Ihr könnt hier gerne kurz das Video pausieren, euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Da wir das aber jetzt für unsere Aufgaben eigentlich nicht brauchen, ja, diese Information, müssen wir uns das jetzt auch nicht unbedingt durchlesen. Ihr könnt das natürlich selber gerne tun. Ich gehe direkt weiter. Und zwar danach fängt dann der Herr Wintermeyer an und beginnt zu erzählen über die Farben und die Wohnung und so weiter. Und da gibt er auch erstmal eine Art Einleitung, wo wir merken, hat jetzt nichts so wirklich mit unseren Aufgaben hier zu tun, weil es ist einfach seine Einleitung. Ja? Wir beginnen einfach mal mit Frau Müller, weil unser Slide, also unsere Folie, die wir hier bekommen haben sozusagen, mit der Nummer 65 und 66, da geht es ja um das Beispiel Frau Müllers Wohnzimmer. Das heißt, die ganze Einleitung von Herrn Wintermeyer interessiert uns eigentlich erstmal gar nicht. Aber dann, wenn wir Frau Müller hören, da müssen unsere Ohren spitz werden und wir müssen sagen, oh, jetzt müssen wir wirklich gut zuhören. Und das lesen wir jetzt mal gemeinsam. Also, kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller, die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf dass der Raum einen heimlichen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. So, jetzt wissen wir erstmal, jetzt hat er eine Einleitung gegeben zur Frau Müller, wer sie ist, was sie möchte.
Und wir sehen ja hier in unseren Aufgaben, die neue Wandfarbe bewirkt das und das. Und Farbe ist nicht gleich Farbe, wir unterscheiden etc. Davon haben wir jetzt eigentlich nichts gehört, außer mit diesem heimlichen Charakter. Aber da steht es eigentlich, da geht es eigentlich darum, dass der Raum einen heimlichen Charakter erhalten solle. Und da steht jetzt noch nichts mit der Farbe Grün und was diese Farbe Grün eigentlich bewirkt. Also würde ich das jetzt zum Beispiel noch nicht hinschreiben. Es ist zwar auch eine gute Information, aber hat mit der Farbe Grün direkt nichts zu tun. Ja? Das war eigentlich nur so eine Einleitung von dem Herrn Wintermeyer. Und jetzt kommt die eigentliche Information. Er spricht also weiter, er hat jetzt die Frau Müller eingeleitet und es geht jetzt um die Farbe Grün, das wissen wir. Und jetzt kommt die eigentliche wichtige Information. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Und das ist die wichtige Information. Und da mussten wir so unsere Ohren spitzen, als er gesagt hat, einen Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Und das ist, was dieses Grün halt bewirkt. Er fängt da schon vorher an und sagt, dass der Blick vom Wohnraum, also das Grüne, durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Also das Grün läuft so weiter. Und das ist halt das, was das Grün, diese Wandfarbe, die grüne Wandfarbe, jetzt bewirkt. Ja? Und zwar einen fließenden Übergang zwischen Raum und Natur und noch ein erwünschter Nebeneffekt, das sagt er dann auch noch, der Raum wirkt jetzt noch größer, als er ist. Ja? Genau. Und wie ihr seht, wir haben jetzt keine richtigen vollständigen Sätze geschrieben, sondern wirklich nur Stichworte, Wortgruppen. Dann erzählt er ja weiter. Es geht immer noch um die Farbe Grün und wir hören wieder zu. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache. Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen Blau und Rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Mehr als 9 Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Wie Farben wirken, liegt allen Urprägungen zum Trotz auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst, Stimmungen erzeugt, etc. etc. Also, in unseren Notizen hier steht jetzt, Farbe ist nicht gleich Farbe. Und das sagt er auch direkt. Er sagt, Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Und da müssten unsere Antennen auch wieder hochgehen. Und da müssen wir merken, okay, das ist jetzt Signal. Ja, was wird denn hier unterschieden? Wenn Blau nicht Blau ist und Rot nicht unbedingt gleich Rot, haben wir mehr als 9 Millionen Farbnuancen, die sich mittlerweile unterscheiden lassen. Da haben wir sogar das Wort unterscheiden mit drin. Also es gibt 9 Millionen Farbnuancen. Mehr als 9 Millionen. Und das haben wir dann auch in unsere Stichworte geschrieben. Und somit hätten wir die ersten 2 Fragen schon mal beantwortet. So, den Rest, den kannst du selber beantworten. Es gibt eine PDF, in dem du dir den Modelltest für Hören Teil 3 herunterladen kannst. Und wenn wir jetzt in der Prüfung wären, du hast jetzt deine 10 Aufgaben fertig, das Audio ist vorbei und dann solltest du das Ganze nochmal überprüfen und deine Antworten dann übertragen. So, und dann hast du es auch schon geschafft. Also du hast jetzt auf jeden Fall dich gut vorbereitet für Hören Teil 3. Und wenn du dir die ersten 2 Teile auch angehört hast und angeschaut hast, dann hast du das Hörverständnis auch erstmal hinter dir und bist super vorbereitet. Und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht beim Sprechen oder beim Lesen. Laut der Prüfung, kommt nach dem Hören eigentlich
das Sprechen, die mündliche Prüfung. Vielleicht sehen wir uns in dem Video ja auch wieder. Und wie versprochen kommt ganz am Ende noch ein Bonus. Schick uns doch mal deine Lösungen und schreib das hier unten in die Kommentare rein. Und die ersten 5 Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir sogar noch 3 Online-Lektionen. Also es lohnt sich auf jeden Fall und viel Glück. Also, hören hast du nun auch hinter dir. Geh doch direkt rüber zu Sprechen Teil 1. Und zwar werden wir die mündliche Prüfung Teil 1 genauer anschauen. Jetzt heißt es spontan sein. In der TELC-Prüfung C1 Sprechen Teil 1. Denn hier sollst du einen Vortrag halten und eine Zusammenfassung machen. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung C1 Sprechen Teil 1. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir als allererstes einen Ablauf über das Video. Ganz am Anfang schauen wir uns einen Überblick an zur Prüfung, zum Teil 1. Und dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut vorbereiten kannst. Danach schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an, die du in der Prüfung einhalten solltest. Und dann schauen wir uns noch ein Beispiel gemeinsam an. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es noch einen Bonus. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben. Und es kann losgehen. Als allererstes gebe ich euch einen Überblick über den Ablauf und die Bewertung vom TELC-Zertifikat C1 Sprechen Teil 1. Also, legen wir mal los. Was wird denn hier überhaupt getestet? Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, kannst du dir einen Modelltest zum Teil 1 der mündlichen Prüfung gerne einmal herunterladen und diesen findest du als PDF zum Download in einem Link unter diesem Video. So, falls du es also noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, was wird denn hier überhaupt getestet in der mündlichen Prüfung im Teil 1? Und das schauen wir uns mal an. Der Teil 1 der mündlichen Prüfung ist nochmal in 2 Teile geteilt. Wir haben also einen Teil 1a und einen Teil 1b. Und im ersten Teil sozusagen der mündlichen Prüfung, also im Teil 1a, sollst du einen Vortrag halten oder eine Präsentation geben. Und im Teil 1b sollst du dann eine Zusammenfassung machen und ein paar Fragen stellen, aber nicht eine Zusammenfassung von deinem eigenen Vortrag, sondern von deinem Partner. Das heißt, du musst deinem Partner dann auch noch gut zuhören und davon eine Zusammenfassung machen und noch 1, 2 Fragen dazu stellen. Das heißt auch, dass dein Partner dir zu deinem Vortrag eine Zusammenfassung geben wird und 1, 2 Fragen stellen wird. Für den Vortrag, den du gibst, dafür hast du 3 Minuten Zeit und für die Zusammenfassung und die Fragen dann im Teil 1b hast du nochmal 2 Minuten Zeit. Vielleicht fragst du dich auch, worauf wird denn hier überhaupt geachtet? Und zwar gibt es hier in diesem Fall prüfungsinterne Kriterien und es gibt natürlich den GER, den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Die prüfungsinternen Kriterien basieren auf diesem Referenzrahmen und den kannst du dir gerne im Internet mal durchlesen. Da steht ganz genau für die mündliche Prüfung, für Sprechen, was du alles als C1-Kandidat so können und wissen musst. Und da steht auch mal allgemein, was man als C1-Kandidat alles so wissen muss. Die prüfungsinternen Kriterien beziehen sich auf folgende Sachen. Wie du hier siehst, das ist der Bewertungsbogen, den der Prüfer bekommt. Das füllt der Prüfer dann aus. Ja, Teilnehmer A wärst jetzt du zum Beispiel. Und da schauen die Prüfer auf 2 Sachen. Einmal die inhaltliche Angemessenheit. Das heißt, hast du die Aufgabe richtig bewältigt? Hast du auch wirklich das Thema besprochen, was auf deinem Aufgabenzettel steht? Oder bist du vom Thema abgekommen und so weiter? Also hast du die Aufgaben richtig gelöst? Das wäre einmal Punkte, wofür du bekommst, klar. Und dann wird auch noch geschaut nach einer sprachlichen Angemessenheit.
Da schauen die Prüfer auf die Flüssigkeit deiner Sprache, auf das Repertoire, also deinen Wortschatz und so weiter. Dann auch natürlich, ob du grammatikalisch richtig sprichst und wie deine Aussprache und Intonation ist. Aussprache einmal, ob du deutlich sprechen kannst, und Intonation ist, dass du nicht zu monoton sprichst. Also wie ich zum Beispiel, ich gehe mal hoch, ich gehe mal runter, am Ende der Frage geht man hoch, am Ende des Satzes geht dein Ton etwas runter. Das ist die Intonation. Okay? Das wird auch mitbewertet. Wie du siehst, die inhaltliche Angemessenheit wird unterteilt in die jeweiligen Teile, also Teil 1a, 1b und dann auch noch Teil 2 der mündlichen Prüfung. Und die sprachliche Angemessenheit wird dann natürlich für alle diese Teile zusammen nochmal bewertet. Etwas genauer, was denn hier A, B, C und D bedeutet, das wären dann sozusagen die Punkte, die du bekommst. Das kannst du dir gerne jetzt in Ruhe nochmal durchlesen. Du kannst das Video pausieren und das mal in Ruhe dir anschauen. Das findest du aber auch alles im Internet, ja. Ansonsten kannst du, wie du siehst, bei A hast du auf jeden Fall volle Punktzahl. Wenn du bei A liegst, TN heißt hier Teilnehmer, und wenn du bei D bist, dann hast du 0 Punktzahl, weil es einfach nicht gereicht hat. Ja, das wäre dann nicht C1-Niveau. Also A volle Punktzahl, A sehr gut, B gut, C geht gerade noch so und D, da hast du es dann leider nicht geschafft. Genau, und da sehen wir auch nochmal diese 4 oder diese 5 Punkte, also einmal die Aufgaben, Gerechtheit, ob du inhaltlich alles richtig hast, und dann nochmal 2, 3, 4 und 5, das wären dann diese 4, die sich auf deine Sprache beziehen. So, dann wollen wir mal loslegen, und zwar möchten wir uns auch erstmal gut vorbereiten. Das ist natürlich sehr wichtig. Legen wir los. Vorwissen und Wortschatz. Wenn du dir andere Videos von mir schon mal angeschaut hast, dann hast du das sicherlich schon mal gehört. Und ich werde es dir auch immer wieder erzählen, weil es einfach so sehr wichtig ist. Denn dein Vorwissen, ein gewisses Vorwissen zu Themen zu haben und deinen Wortschatz zu erweitern, ist einfach für alle Gebiete der Prüfung wichtig, und nicht nur da, sondern auch im Alltag und im Beruf. Für dich selber einfach auch. Ja, auch in deiner Muttersprache, nicht nur auf Deutsch. Allgemein ist es natürlich wichtig, dass man sich Wissen aneignet. Und das kannst du machen, indem du die Nachrichten schaust oder hörst, Zeitungen liest, Dokumentationen anschaust und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, gerade auch im Internet und so weiter. Und da solltest du schauen, dass du dir auch aktuelle Themen anschaust, aber auch schwierige oder auch für dich uninteressante Themen. Weil es ist natürlich klar, dass du in Themen, die für dich interessant sind oder die du für einfach hältst, dass du da wahrscheinlich schon Wissen hast. Und damit du ein breiteres Spektrum, ein breiteres Wissen für dich selber aneignest, für die Prüfung und für dich persönlich, solltest du dir auch einfach mal Themen anschauen, die jetzt vielleicht nicht so interessant sind oder die etwas schwierig sind. Weil jetzt in der Prüfung im Teil 1 werden dir 2 Themen gegeben, und davon musst du dir ein Thema aussuchen. Da kann es natürlich passieren, wenn du wenig Vorwissen hast, dass du über keines dieser beiden Themen Bescheid weißt, und dann wird es schwierig, darüber zu sprechen, weil du bekommst keine inhaltlichen Informationen. Das musst du dir alles selber ausdenken. Du musst darüber selber sprechen können. Und da ist es natürlich wichtig, dass du ein bisschen was darüber weißt. Und automatisch, wenn man über etwas Bescheid weiß, ein bisschen besser, dann hat man natürlich auch mehr Vokabular, mehr Wörter, die man kennt, um sich da dementsprechend auch auszudrücken. Und wenn du da jetzt neue Wörter lernst und so weiter, wenn du jetzt neue Themen dir mal anschaust, dann schreib dir die Wörter auf. Das müssen nicht nur Wörter sein, die mit dem Thema zu tun haben. Das können auch andere Wörter sein, wie Verben, und du sagst, ich weiß nicht, wie ich das Verb richtig benutzen soll, dann schreib dir das mal auf und lerne es aber bitte nicht nur auswendig, sondern versuche es in deinen Alltag zu integrieren. Das heißt, benutze das Wort. Das ist ganz wichtig. Schreib es auf, benutze es, wenn du sprichst und so weiter. Und somit kannst du es erst richtig lernen. Im nächsten Schritt solltest du Redemittel lernen.
Die Redemittel sind dazu da, um deinen Vortrag zu gliedern. Sie leiten deine Sätze ein und sie helfen auch bei Überleitungen zwischen den Themen. Da gibt es eine PDF, die kannst du dir herunterladen. Da habe ich dir ein paar Redemittel aufgelistet, die du für einen Vortrag benutzen kannst. Den Link für die PDF findest du hier unter diesem Video. Und was halt wichtig ist für deinen Vortrag, ist, dass der gegliedert ist. Und der wird in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil gegliedert. In dein Hauptteil kommen halt inhaltliche Themen rein, die du besprechen möchtest. Und um da eine gute Überleitung zu finden, um das alles ordentlich einzuleiten, gibt es Redemittel. Im nächsten Schritt solltest du dir vielleicht auch nochmal anschauen, wie man einen Vortrag aufbaut. Denn so ein Aufbau ist ganz wichtig. Du sollst nämlich einen roten Faden durch diesen Vortrag behalten, damit dir der Zuhörer, das ist der Prüfer und dein Partner, auch gut folgen können. Und natürlich auch, damit du auch selber nicht durcheinander kommst. Das Gute an der Sache ist, dass du das alles schon zu Hause vorbereiten kannst, auch wenn du gar kein Thema dazu hast. Den Beginn und den Schluss und diese Redemittel und so, das kannst du dir alles ja zu Hause schon mal angucken und schon mal überlegen, wie beginne ich meinen Vortrag und wie leite ich dann meine Zusammenfassung am Ende des Vortrags ein, zum Beispiel. Und wie du eben gesehen hast, der Aufbau, Einleitung, Hauptteil, Schluss, der ist ganz, ganz wichtig. In der Einleitung sagst du, worüber du nun sprechen wirst. Du sagst den Leuten also hier das und das Thema, das habe ich gewählt und darüber werde ich jetzt sprechen. Im Hauptteil, das ist deine eigentliche Aufgabe, wo du Inhaltsthemen mit reinbringst. Zum Beispiel, du kannst Vor- und Nachteile nennen, deine eigene Meinung, Erfahrungen, die du gemacht hast und so weiter. Und am Ende solltest du das Ganze nochmal sehr, sehr knapp wiederholen, zusammenfassend, was du da jetzt alles gesagt hast. Aber sehr, sehr knapp. Das wäre dann das Ende. Da bringe ich auch gerne mal so Zukunftsvisionen an, was so oder Veränderungen, Ideen für Veränderungen, was man besser machen könnte oder wie es in der Zukunft aussehen könnte und da vielleicht noch ein paar Ideen mit reinbringen. Das mache ich persönlich immer gerne noch am Schluss mit der Zusammenfassung zusammen. Dann, du hast jetzt den Aufbau gesehen, dann solltest du so einen Vortrag natürlich auch nochmal üben, weil da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die in so einen Vortrag mit reingehen. Also zum Beispiel, lass dein Blatt Papier auf dem Tisch liegen und spiel nicht damit rum. Falls du den Vortrag im Stehen geben solltest, verstecke nie dein Gesicht. Also das Blatt kann, zum Beispiel, du hast jetzt ein ganz großes Blatt oder so vor dem Gesicht hängen, das wackelt dann, weil du vielleicht zitterst oder so. Falte das Blatt und halte es auf Bauchhöhe. Ja, dann kannst du es auch gerne mit beiden Händen festhalten und dann bist du standsicher sozusagen. Wenn du jetzt das Blatt vor dir liegen hast, deswegen sage ich auch, spiele nicht mit deinem Blatt. Wenn du das in der Hand hast und spielst damit umher, wenn du jetzt zum Beispiel am Tisch sitzt, ja, dann macht das Geräusche, das macht dich nervös, macht die anderen Leute nervös, man kann dich vielleicht nicht richtig hören und so weiter. Also leg es einfach hin, versuche frei zu sprechen. Du kannst natürlich ab und zu auf dein Blatt draufschauen, dafür ist es ja da, ja, aber lies es nicht komplett ab. Und schau deine Gesprächspartner an. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiterhin noch zum Üben. Damit du halt auch einen selbstbewussten Eindruck machst, sollst du den Leuten in die Augen schauen. Ja? Und deswegen ist auch wichtig, dass du nicht die ganze Zeit abliest. Je mehr du die anderen anschaust, umso sicherer siehst du halt auch aus. Und versuche deine Stimme zu bewegen. Das war eben bei den Bewertungen das Wort Intonation. Es ist ganz wichtig, dass du deine Stimme mitbewegst. Ein monotoner Vortrag, der wird ganz schnell langweilig und die Zuhörer haben dann überhaupt keine Lust mehr zuzuhören. Darum geht es jetzt in der Prüfung nicht unbedingt, was die Zuhörer von dir denken, aber es soll natürlich alles natürlich wirken. Und je monotoner du sprichst, umso unnatürlicher ist deine Sprache und dann bekommst du weniger Punkte. Also bleib natürlich, so wie in deiner Muttersprache auch, hast du sicherlich eine Intonation, wo man mal hochgeht, mal runter, mal langsamer, mal schneller und so weiter. Ja? Genau, dann auch das Thema langsam und schnell. Wenn du zu schnell sprichst oder zu langsam, dann kann es wieder passieren, dass den Zuhörern
die das Interesse verlieren und dadurch du halt auch Punkteabzug bekommst, weil es einfach nicht mehr natürlich ist, ja. Außerdem kommt dazu, wenn du sehr schnell sprichst, machst du auch sicherlich schnell Fehler. Wenn du sehr langsam sprichst, kann es passieren, dass es nicht mehr flüssig wirkt, sondern eher vielleicht stockend. Also bleib bei einem guten Redefluss, weil das wird auch bewertet. Und da immer wieder die Info von mir, einfach natürlich bleiben. Weil natürlich bleiben heißt, du hast einen Redefluss, deine Stimme hat eine Bewegung, die geht hoch und runter und sie fließt. Ja? In einer bestimmten Geschwindigkeit. Also so wie ich jetzt eigentlich spreche. Ich halte ja auch gerade einen Vortrag für dich und ich mache auch mal einen Fehler oder ich stottere mal oder mir fällt ein Wort nicht ein. Und dann einfach kurz überlegen, aber direkt weitermachen. Nicht stecken bleiben, nicht zu langsam, nicht zu schnell, nicht zu monoton, sondern wirklich natürlich. Bewegung und Flow, Redefluss reinkriegen. Weiterhin, auch wichtig, die Mimik und die Gestik. Das heißt, deine Hände sollten zum Beispiel sichtbar sein. Also steck die nicht in die Hosentasche oder verstecke sie unterm Tisch oder sowas. Und bewege deine Hände auch in angemessener Weise. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, aus welchem Land du kommst. In manchen Ländern wird viel mit der Hand gestikuliert, in anderen Ländern vielleicht weniger. Aber versuche, deine Hände ruhig zu halten. Also fuchtel nicht damit rum, das heißt nicht so schnelle Bewegungen machen, nicht umherspielen, nicht von Nervosität und deinen Haaren spielen, mit dem Blatt Papier spielen und so weiter, weil das macht noch mal mehr nervös und es macht dich halt dein Auftreten und deinen Vortrag auch weniger seriös und somit auch, worüber du sprichst, auch weniger seriös. Genau. Also einfach ruhig bleiben und natürlich bleiben. Außerdem, es gibt diesen Lückenfüller, den habe ich wahrscheinlich jetzt in diesem Video auch schon mal gesagt. Das ist ganz normal. Das machen wir, glaube ich, alle immer mal. Aber da solltest du ein bisschen aufpassen. Da war er zum Beispiel. Also zunächst ist es gut, wenn du dir einige Redemittel anschaust und dir davon welche aussuchst, die du nicht so schnell vergisst und die dir auch einfach gefallen, ja, weil dann kannst du auch in Sprechpausen, wo du nicht genau weiter weißt, anstatt einfach zum Beispiel außerdem sagen oder irgendein anderes Wort benutzen. Und versuche den Lückenfüller nicht zu vermeiden, weil der passiert einfach, also stress dich nicht zu sehr. Es geschieht manchmal mehr, als man denkt und deswegen ist es gut, so einen Mini-Vortrag zu Hause einfach auch mal vorbereitend aufzunehmen. Am besten mit einer Kamera, vom Spiegel geht auch, mit der Kamera ist am besten. Dann siehst du dich und du hörst, wie oft du eigentlich dieses sagst. Ja, gerade wenn man in einer anderen Sprache spricht, kommt das sehr viel vor. Und da ein bisschen aufpassen, dass du ihn versuchst zu vermeiden, aber stresst dich nicht zu sehr. Dass du sagst, ich darf nie sagen oder Das macht man, das ist normal, das gehört in die flüssige Sprache mit rein. Wenn du aber zu viele in deinem Text, in deinem Satz hast oder in deiner Sprache, dann wird es wieder zu stockend und dann kriegst du wieder Punkteabzug. Also es ist okay, ihn zu benutzen, aber nicht die ganze Zeit. Ja? Deswegen, es sollte flüssig sein und du musst dich einfach versuchen, so gut wie möglich zu entspannen. Genau, erinnere dich während deines Vortrags immer wieder daran und versuche auch ein anderes Wort zu benutzen oder einfach mal eine kleine Atempause einzulegen. Wenn du merkst, oh nein, ich habe jetzt so viele Male gesagt und du willst schon wieder sagen, dann mach einfach den Mund zu, atme kurz durch und rede weiter. Okay? Das ist auch eine Möglichkeit. Oder einfach das Wort und sagen oder das Wort oder außerdem oder so. Das geht auch und damit kann man das ein bisschen überbrücken. Achtung, das möchte ich noch dazu sagen. Wenn man den Vortrag übt, für den Vortrag allgemein ist es auch wichtig, übersichtliche Notizen zu haben. Falls es dir also schwierig fällt, Notizen zu machen, dann musst du das unbedingt nochmal üben. Es ist ganz wichtig auch für diese Prüfung. Es ist zwar keine schriftliche Prüfung, aber du hast am Anfang 20 Minuten Zeit, dir Notizen zu machen, dir die Themen anzuschauen. Und die Notizen sind einfach wichtig, dass du nachher einen gut gegliederten Vortrag hast. Genau.
Also zum Beispiel, ein Mindmap ist eine super Möglichkeit, Ideen miteinander zu verbinden und auch gleichzeitig die Struktur und den Aufbau des Vortrags zu bewahren. Übe das, wenn du für den Wortschatz übst, indem du dir ein Thema anhörst, anschaust oder liest und dir dann dazu Notizen machst, die du dann gleich für einen Übungsvortrag benutzen kannst. Dabei achtest du dann noch auf die Tipps zur Mimik und Gestik, die ich dir eben gegeben habe, nimmst dich mit einer Kamera auf, ja, und schaust dir das Ganze dann auch nochmal an, um Fehler zu beheben und einfach über dich selber zu reflektieren. Und voilà, somit hast du dann auch eine perfekte Prüfungsvorbereitung. Wenn das jetzt ein bisschen viel war, pausiere das Video, du kannst dir das gerade nochmal durchlesen, mach dir vielleicht einfach auch nochmal Notizen, Stichpunktzettel, wie du dich gut vorbereiten kannst. Das ist so, was hier jetzt steht, ist so ein guter, so ein Übergang, eine Anleitung, wie du zu Hause dich super vorbereiten kannst. So, das war die Vorbereitung. Jetzt zeige ich dir, wie du in der Prüfung Schritt für Schritt vorgehen solltest. Wir sind also jetzt in der Schritt-für-Schritt-Anleitung gelandet zum TELC-Zertifikat C1 Sprechen Teil 1. Und diese Anleitung findest du auch in einer PDF zum Herunterladen. Die findest du, oder den Link dazu findest du hier unter diesem Video. Legen wir los. Es geht los mit der Qual der Wahl, weil du hast 2 Themen gegeben, von denen du dir eine aussuchen sollst. Und du hast aber jetzt in der Vorbereitungszeit Zeit dafür. Die Zeit ist 20 Minuten. Und diese Zeit gilt aber für beide Teile der Prüfung, also Teil 1 und Teil 2. Deswegen musst du das vorher üben und auch mal die Zeit stoppen und gucken, wie lange du für etwas brauchst. Im Teil 2 haben wir eine Diskussion, im Teil 1 haben wir einen Vortrag. Was dir einfacher fällt, ja, dafür brauchst du wahrscheinlich auch weniger Zeit in der Vorbereitung. Also übe das zu Hause durch, damit du ungefähr weißt. So, wir sind jetzt hier im Teil 1a. Wie gesagt, der Teil 1 der mündlichen Prüfung ist nochmal in 2 geteilt. Im Teil 1a sollst du dir jetzt ein Thema aussuchen. Und da guckst du dir die 2 Themen an und fragst, wozu fallen mir spontan Punkte ein? Worüber habe ich Vorwissen? Das ist natürlich wichtig, wenn du schon was darüber weißt. Und habe ich auch einen guten Wortschatz zu diesem Thema? Also kann ich mich gut darüber ausdrücken? Und der Teil 1b, der ist jetzt erstmal nicht wichtig, weil der Teil 1b bezieht sich ja auf den Vortrag von der anderen Person. Also kannst du dich darauf jetzt eigentlich nicht gut vorbereiten. Du weißt ja, die 2 Themen kennst du jetzt schon. Du weißt aber nicht, dein Teilnehmer, der andere Teilnehmer, dein Partner, der hat ein komplett anderes Thema. Der bekommt nämlich einen anderen Aufgabenzettel und da stehen andere Themen drauf. Also kannst du dich jetzt nicht darauf vorbereiten. Du weißt überhaupt nicht, worüber der sprechen wird. Und deswegen Teil 1b erstmal komplett zur Seite. Das kommt dann einfach später. Ja? Jetzt erstmal wirklich fokussieren auf Teil 1a und dir ein Thema aussuchen. Jetzt hast du dir ein Thema ausgesucht, jetzt liest du das Ganze nochmal detailliert durch und unterstreichst dir auch 1, 2 Schlüsselwörter. Das soll dir nochmal einen besseren Überblick geben. Und nun geht es los. Der eigentliche Teil jetzt, die Notizen machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Prüfung, weil hast du ordentliche Notizen, hast du auch einen ordentlichen Vortrag. Ordentlich heißt, du hast einen Faden, der durchgeht und du kommst nicht durcheinander. Wenn du gar keine Notizen hast, dann kann es passieren, dass es wenig konkret wird und vielleicht auch nicht logisch wird für die Zuhörer, weil deine Prüfer sind natürlich auch wichtig. Wenn die keinen roten Faden finden in deinem Vortrag und dir nicht folgen können, dann ist es natürlich auf jeden Fall Punkteabzug. Oder im schlimmsten Fall 0 Punkte, weil du den Inhalt nicht gebracht hast. Jetzt überlegst du dir, wie du den Vortrag oder die Gedanken in deinem Kopf zu diesem Thema jetzt gliedern kannst. Du musst dir also eine geeignete Einteilung ausdenken und die nochmal in Einleitung, Hauptteil und Schluss einteilen. Deine Notizen sollten sehr knapp sein und du solltest sie aber effektiv nutzen können. Das heißt,
ganz wichtig einfach auch, dass du für dich selber ein System herausfindest. Redewendungen kannst du dir gerne nochmals notieren irgendwo an die Seite, falls du denkst, die vergesse ich vielleicht, weil das geht schnell im Vortrag, dass man dann vergisst, oh Gott, wie wollte ich denn jetzt meine Zusammenfassung einleiten, ja? Das kannst du dir gerne einfach ganz kurz irgendwo markieren. Und dann für dich selber einfach eine geeignete Art von Notizen suchen. Hier ist einfach mal ein Beispiel von einem Mindmap, wie man jetzt einen Vortrag über soziale Medien halten könnte zum Beispiel. Und für mich persönlich, ich finde Mindmaps die beste Variante einfach für Notizen, weil man da einen guten Überblick hat. Du schreibst keine langen Stichsätze, was nämlich nicht gut ist, weil dann liest du einfach nur ab und das sollst du ja nicht. Du musst frei sprechen können. Je mehr du liest, umso weniger Punkte bekommst du. Also alles natürlich und frei sprechen. Und um das zu leisten, ist es wichtig, dass du halt sehr wenige Notizen hast, mit aber doch viel Information, weil du bist ja auch aufgeregt und du möchtest Informationen nicht vergessen. Und deswegen ist ein Mindmap einfach eine gute Alternative. Probier doch einfach mal, wenn du dich mit Mindmaps nicht auskennst, wenn du sagst, das fällt mir schwer, übe es mal, probier es einfach mal. Vielleicht gefällt es dir ja doch und du kommst gut damit zurecht. Hier ist einfach nur ein Beispiel, du kannst gerne das Video pausieren und das nochmal in Ruhe anschauen. Im nächsten Schritt, du hast jetzt deine Notizen und es geht los, du musst deinen Vortrag halten. Das hängt jetzt auch wieder von deinen Notizen ab, wie gesagt. Ja, je besser gegliedert, je sauberer die sind und ja, je übersichtlicher, umso besser kommt dann auch dein Vortrag rüber. Halte dich wieder an die Regeln, die wir in der Vorbereitung uns angeschaut haben. Mimik, Gestik, Intonation, Redefluss und so weiter. Dann die Einleitung nicht vergessen, die Zusammenfassung am Ende auch nicht vergessen. Das sind so wichtige Punkte, die musst du dir auswendig lernen. Und wenn du dann deine Notizen machst, vielleicht auch nochmal dick unterstreichen oder so. Hier Einleitung, Zusammenfassung, das alles nicht vergessen. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, das hört sich kurz an, aber wenn du dann da stehst oder sitzt, dann ist es doch eine relativ lange Zeit. Deswegen mach deine Notizen, also deine Argumentation nicht zu kurz, lieber etwas länger, lieber ein paar extra Infos an der Seite, die du dann weglassen kannst, als wenn du nach 2 Minuten schon fertig bist und nicht weißt, was du erzählen sollst. So, Vorsicht! Du bist jetzt natürlich noch nicht fertig, weil jetzt kommt der Teil 1b des Partners. Der Partner fasst also jetzt interessante und wichtige Infos von deinem Vortrag erstmal zusammen und dann stellt er dir noch mindestens eine Folgefrage zu deinem Vortragsthema. Das heißt, du musst dazu natürlich auch nochmal antworten können. Und dann, wenn du denkst, jetzt ist es erstmal fertig, ist es nicht. Und zwar geht es weiter mit deinem Teil 1b. Das heißt, dein Partner wird jetzt Teil 1a seinen eigenen Vortrag halten und du musst da jetzt gut zuhören. Denn du musst jetzt wieder Notizen machen zu wichtigen und interessanten Punkten vom Vortrag deines Partners. Ja, das heißt gut zuhören und dann musst du als allererstes diese Punkte also nochmal zusammenfassen. Pass dabei bitte auf, du sollst keine normale Zusammenfassung machen und auch keine bloße Wiederholung, weil dein Partner wird vielleicht am Ende auch eine Zusammenfassung geben von seinem Vortrag und die sollst du nicht einfach wiederholen. Du sollst also wichtige Punkte oder interessante Punkte heraussuchen aus dem Vortrag und diese nochmal zusammenfassen. Und da kann es dir helfen, dass du wieder übersichtliche Notizen hast, weil du kannst, während dein Partner spricht, dir selber Notizen noch machen. Ja, zu deiner Mini-Zusammenfassung. Und dann sollst du deinem Partner auch noch mindestens eine relevante Frage stellen. Für beide Aufgaben hier, also für deinen Teil 1b, hast du 2 Minuten Zeit. Jetzt schauen wir uns Aufgabenzettel und ein Beispiel mal gemeinsam an. So, wie du siehst, das ist der Aufgabenzettel. Du bist jetzt zum Beispiel Teilnehmerin A und du hast hier den Teil 1a, die Präsentation, 3 Minuten und Teil 1b, Zusammenfassung und Anschlussfragen, 2 Minuten. Teilnehmer B, dein Partner, hat auch so einen Aufgabenzettel, aber mit komplett anderen Themen.
Ja, das heißt, wie gesagt, du kannst dich jetzt nicht wirklich auf seinen Vortrag vorbereiten. Deswegen solltest du in deiner Vorbereitungszeit dich auch wirklich nur auf deine Themen konzentrieren. So, du hast also als allererstes Qual der Wahl und musst dir ein Thema aussuchen. Wir lesen mal kurz die Aufgabe gemeinsam durch. Die Aufgabe ist eigentlich immer die gleiche. Ja, in einem Kulturverein sollen Sie ein Kurzreferat, ca. 3 Minuten halten. Wählen Sie eines der Themen aus. Sie können sich Notizen machen, Stichpunkte, keine zusammenhängenden Text. Ja, deswegen Mindmap noch am besten. Denken Sie auch an eine Einleitung, Beispiel, eigene Erfahrung und an einen Schluss bzw. ein Fazit. Ihr Vortrag soll gut gegliedert sein und das Thema klar und detailliert darstellen. Im Anschluss werden Ihnen Fragen gestellt. Genau, das haben wir ja jetzt schon alles in der Vorbereitung und so gesehen. Ja, das ist die Aufgabenstellung. Die kannst du eigentlich überspringen oder es reicht, wenn du sie kurz überfliegst und dann gucken wir uns die Themen an. Die sind jetzt noch wichtiger. Also, was ist der Nationalsport in einem Land Ihrer Wahl und welche Bedeutung hat er für die Gesellschaft? Berichten Sie. Oder wer gehört Ihrer Meinung nach zu den einflussreichsten lebenden Personen weltweit und wodurch zeichnet sich diese Person aus? Erzählen Sie. Jetzt hast du die Qual der Wahl. Überlege, worüber habe ich schon Vorwissen, wo habe ich ein bestimmtes Vokabular, was ich gut benutzen kann, was interessiert mich, worüber kann ich gut sprechen. Wo habe ich vielleicht auch Erfahrung? Und dann hast du zum Beispiel jetzt das Thema gewählt und dann geht es zum nächsten Schritt. So, jetzt sollen wir das Thema, was wir ausgesucht haben, lesen und Schlüsselwörter unterstreichen. Das Thema ist ja wirklich eigentlich nur eine Frage. Das heißt, ganz wenig unterstreichen, nur damit wir es nochmal im Highlight haben hier, ja? Also Nationalsport, Bedeutung, Gesellschaft. Ja, das ist das Wichtige. Und dann geht es los. Wir sollen Notizen machen, die, wie gesagt, die kannst du in Form von allen möglichen Sachen machen, als eine Tabelle zum Beispiel oder als ein Mindmap, wie es für dich einfach am besten passt. Aber Vorsicht, ja, keine vollen Sätze schreiben, ganz knapp und effektiv nutzen auch. Und dann das Ganze noch gliedern, wie ich auch schon gesagt habe. Du hast dein Thema, dazu Einleitung, Hauptteil, Schluss. Der Hauptteil nochmal unterteilt in deine ganzen Ideen, die du einbringen möchtest. Zum Beispiel solltest du Argumente anführen, dann Vor- und Nachteile nennen, deine Meinung, Gründe dazu, Erfahrungen mit einbringen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man so einen Vortrag, was man alles einbringen kann. Aber im Großen und Ganzen solltest du dich ungefähr an dieses Schema hier halten. Dann geht es los, jetzt hältst du deinen Vortrag und hältst dich wieder halt an deine Notizen, die ungefähr diese Gliederung beinhalten. Dann bist du fertig, dann kommt Teil 1b des Partners, er wird das also nochmal zusammenfassen, die wichtigsten Punkte, dir noch Fragen stellen, wozu dann hoffentlich du auch gute Antworten hast. Und dann ist es auch an dir noch, den Teil 1b zu bestehen, also auch nochmal den Vortrag des Partners zusammenfassen und einfach nochmal 1, 2 Fragen stellen. Wenn du vielleicht Angst hast, oh, dann fallen mir bestimmt keine Fragen ein. Mach es doch so. Du machst sowieso eine Zusammenfassung von interessanten Themen. Also irgendwas, was du gut fandest oder so. Darüber machst du eine kleine Zusammenfassung. Und dann überlege mal weiter. Wenn ich in dieser Position wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel, es geht um Fußball in Deutschland, ja, wenn ich in Deutschland lebe, wie sehr gibt es viele Freunde, die immer zum Fußball rennen oder machen viele Leute Fußball privat, sind sie in Vereinen, spielen sie in Teams, wird Fußball sehr viel geschaut. Stell dir einfach mal ganz viele Fragen und versuche dich in das Thema mal hier hinein zu versetzen und schaue, was dir da noch an Ideen kommt. Da du sowieso schon eine Zusammenfassung machen solltest, solltest du diese Zusammenfassung vielleicht einfach mal weiterführen und überlegen, was könnte ich da jetzt noch fragen. So, und dann haben wir es eigentlich geschafft. Also zumindest hast du die Vorbereitung jetzt hinter dir, du hast die Prüfung mal gesehen.
und du hast es soweit erstmal geschafft. Ich wünsche dir schon mal alles Gute zum Teil 1 der Prüfung und tschüss und wir sehen uns im nächsten Teil wieder, hoffe ich. Und natürlich habe ich dir noch den Bonus versprochen. Schreib uns doch mal deine Ideen in Stichpunkten zu irgendeinem Thema deiner Wahl oder dem Thema, was du hier gesehen hast. Und das schreibst du mal unten in die Kommentare rein. Und die ersten 5 Kommentare bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit, es lohnt sich. Den ersten Teil der mündlichen Prüfung hast du dir jetzt super schon angeschaut. Dann geh doch direkt rüber zu Sprechen Teil 2. Und zwar werden wir uns die mündliche Prüfung Teil 2 gemeinsam anschauen. Jetzt musst du fair und aktiv bleiben, denn wir müssen Zitate erörtern und diese dann diskutieren. In der TELC-Prüfung C1 Sprechen Teil 2. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung C1 Sprechen Teil 2. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar kriegst du ganz am Anfang erstmal einen Überblick über den Teil 2 der mündlichen Prüfung. Und dann zeige ich dir, wie du dich schon gut zu Hause darauf vorbereiten kannst. Danach gehen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch, die dir in der Prüfung helfen soll. Dann schauen wir uns noch ein Beispiel an und am Ende hast du es dann auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es auch noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß! Zunächst schauen wir uns mal einen Überblick an. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich jetzt vielleicht, was wird denn hier getestet? Und zwar wird im TELC-Zertifikat C1 Sprechen Teil 2 dir ein Zitat gegeben oder all den ganzen Teilnehmern im Gespräch. Normalerweise sind das ja 2. Ihr kriegt dasselbe Zitat und dann müsst ihr darüber eine Diskussion führen. Und dafür habt ihr zusammen dann 6 Minuten Zeit. Eine Modellprüfung mit diesen Zitaten findet ihr auch als PDF zum Herunterladen in einem Link hier unter diesem Video. Ansonsten fragst du dich vielleicht auch, worauf wird denn hier geachtet, wenn ich geprüft werde? Und zwar gibt es da zweierlei Kriterien. Es gibt einmal den GER, den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, den findet ihr auch im Internet. Da steht genau, was ihr als C1-Kandidaten alles so wissen und können müsst und das Ganze dann auch nochmal unterteilt in Hören, Schreiben, Sprechen und so weiter. Ja? Und dann könnt ihr das euch mal im Detail anschauen. Weiterhin gibt es auch noch prüfungsinterne Kriterien, die schauen wir uns gleich auch nochmal an. Die basieren aber auch alle auf diesem GER, auf diesem Referenzrahmen. Das sind zum Beispiel, das ist jetzt ein Bewertungsbogen von den Prüfern. Die haben das vor sich liegen und werden dich dann bewerten. Da siehst du einmal, dass es auf die inhaltliche Angemessenheit halt auch ankommt. Das heißt, habt ihr die Aufgaben richtig gelöst? Dementsprechend bekommt ihr dann Punkte. Volle Punktzahl wäre A und keine Punkte wäre D. Dementsprechend werdet ihr dann bewertet. Einmal für Teil 1a, 1b und den Teil 2. Und dann geht es noch um die sprachliche Angemessenheit. Die wird dann im Großen und Ganzen bewertet. Also ihr werdet nicht, bekommt keine extra Bewertung für Teil 1 und Teil 2, sondern allgemein eure ganze Performance, die ganze mündliche Prüfung wird einmal bewertet. Und da wird geguckt auf Flüssigkeit, Repertoire, das ist so euer Vokabular, wie ihr sprechen könnt, habt ihr Redemittel auch benutzt und so weiter. Grammatikalische Richtigkeit und Aussprache und Intonation. Hier kann man sich das Ganze nochmal genauer durchlesen. Da steht auch genau, wie das dann bewertet wird. Was heißt hier volle Punktzahl? Das wäre A. Was heißt dann 0 Punkte bei D zum Beispiel? Das könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Gerne auch hier das Video pausieren und das einfach mal lesen. Ansonsten gibt es das auch auf der TELC-Webseite. In der Modellprüfung, da ist das auch noch mal alles beschrieben. Genau. Und da seht ihr das jetzt auch in diese 5 Teile eingeteilt. Also einmal die inhaltliche Korrektheit, ob das alles mit drin ist. Und 2 bis 5 dann auch die sprachliche Korrektheit. So, nun kommt es natürlich auch darauf an, dass man sich gut vorbereitet für so eine Diskussion.
Also, wir sind immer noch im TELC-Zertifikat C1 Sprechen Teil 2 und da zeige ich dir jetzt, was du wahrscheinlich schon gehört hast und gesehen hast. Und zwar solltest du dich, wie immer, solltest du dir Vorwissen aneignen und deinen Wortschatz erweitern. Wenn du andere Videos von mir schon gesehen hast, dann kennst du das jetzt schon. Das ist auch okay so. Hör dir es vielleicht einfach nochmal an. Das Gute dabei ist, dass du dich halt nur einmal vorbereiten musst für diese Sachen, für Vorwissen und Wortschatz und so weiter. Aber ich zeige dir auch noch gleich ein paar andere Sachen, die speziell für die Diskussion wichtig sind zum Vorbereiten. Also, Vorwissen und Wortschatz ist halt auch ganz wichtig, weil das ist für alle Gebiete der Prüfung wichtig. Also jetzt, ja, man muss ja Wissen haben zu bestimmten Themen und das braucht man nicht nur im Sprechen, sondern genauso auch im Hören und so weiter. Und für dich selber halt im Alltag und im Beruf ist es auch ganz wichtig. Das kannst du machen, indem du dir Nachrichten anschaust oder hörst, Zeitungen liest, Dokumentationen anschaust oder hörst. Und natürlich auch in Sachen Sprechen einfach mit einer Freundin oder so dich hinsetzt und vielleicht einfach mal eine Diskussion führst, über bestimmte Themen sprichst und so weiter. Und dann solltest du schauen, dass du dir auch mal aktuelle Themen anguckst. Wenn du jetzt die Prüfung bald hast, schau dir doch einfach mal an, was so im letzten Jahr alles passiert ist in Sachen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und so. Und da hast du auf jeden Fall auch die aktuellen Themen mit drin. Und dann schau halt auch mal nach Themen, die vielleicht schwierig für dich sind oder auch uninteressant, weil da hast du automatisch weniger Wissen, weniger Vokabular als in Themen, in denen du dich halt auch besser auskennst und die dich interessieren. Da solltest du dann halt nochmal üben bei den schwierigeren Themen. Das Ganze dann natürlich auch aufschreiben, aber bitte nicht einfach eine Liste machen und die auswendig lernen mit Vokabeln, sondern die Wörter, die dir wirklich schwer fallen, auch einfach in den Alltag integrieren und sie mal benutzen. Das heißt, sie im Gespräch benutzen, einen Text schreiben, wo man das Wort mal benutzt und so weiter. Als nächstes gibt es Redemittel. Wir hatten im Teil 1 der mündlichen Prüfung uns auch schon Redemittel angeschaut. Jetzt gibt es nochmal weitere Redemittel, die sich auf die Diskussion beziehen. Wir haben hier auch wieder eine Art Vortrag, also du sollst ja auch wieder was erzählen und dann mit deinem Gesprächspartner darüber sprechen. Und diese Redemittel, die helfen dir halt das Ganze zu gliedern. Sie leiten deine Sätze ein, sie helfen bei Überleitungen zwischen den Themen oder zwischen deinen Meinungen und so weiter. Sie helfen dir auch richtig zu reagieren, dem Gesprächspartner gegenüber, und sie gliedern deine Diskussion halt dadurch einfach automatisch mit. Sie helfen dir auch, dich einfach standfest auszudrücken. Zum Beispiel, wenn du den Sprecher, also deinen Gesprächspartner unterbrechen musst oder so. Da ist es hilfreich, wenn du weißt, wie man das genau sagt. Und diese Redemittel kannst du dir anschauen, indem du sie mal runterlädst. Die gibt es auch wieder als PDF zum Herunterladen im Link unter diesem Video. Und damit du deine Diskussion schön aktiv und dialogisch gut aufbauen kannst, gibt es da verschiedene Redemittel, die du da findest in dieser PDF. Zum Beispiel, wie du halt dein Rederecht einforderst, wie du jemanden unterbrichst, wie du das Gespräch leitest, Informationen gibst, widersprichst oder zustimmst, Äußerungen korrigierst oder noch etwas nachfragst. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil du halt aktiv auch im Gespräch sein sollst. Also Nachfragen ist auch wichtig. Das sollst du natürlich auch machen, wenn du was nicht verstanden hast. Und auch deine eigene Meinung ausdrücken, ganz wichtig, und etwas beurteilen oder anzweifeln. Und am Ende sollt ihr ja sozusagen auch zu einer Lösung kommen. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst dann beide sagen, okay, das Zitat, das stimmt so, sondern eine Lösung heißt einfach, dass ihr eure Argumentationswege zusammen beenden könnt am Ende und ihr alles gesagt habt, was ihr sagen wolltet. So, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man das Vortragen, das Diskutieren, das ist ja auch eine Art von Vortragen, ja, dass man das übt. Das kennst du jetzt auch schon wahrscheinlich aus dem Teil 1 der Prüfung, weil das sind eigentlich die gleichen Tipps, die ich dir da gebe. Also, du hast ja in der Vorbereitungszeit wieder Zeit, dir Notizen zu machen. Das heißt, du hast immer noch dein Blatt Papier vor dir liegen und damit solltest du am besten auch nicht umherspielen, ja. Falls ihr steht, das glaube ich aber nicht bei einer Diskussion,
egal, verstecke nicht dein Gesicht hinterm Zettel oder spiel nicht mit deinen Haaren und so weiter. Weil es ist auch so, lass das Blatt Papier einfach am besten auf den Tisch legen, sonst wackelt es rum, weil du vielleicht zitterst und das macht euch alle noch viel mehr nervös. Und dadurch halt auch, dass du das Papier einfach hinlegst und hast die Hände frei, dann kannst du auch viel freier sprechen. Guck dann ab und zu auf dein Blatt drauf, dafür ist es ja da, aber du sollst jetzt nicht komplett ablesen und du sollst natürlich auch deinen Gesprächspartner angucken. Das heißt, wenn du dein Blatt Papier vor dir hast und du guckst da die ganze Zeit drauf und liest ab, dann ist es kein freies Sprechen mehr, dann kannst du auch keine richtige Diskussion führen, also bleib so natürlich wie möglich. Weiterhin wirst du auch einen selbstbewussten Eindruck machen, wenn du den Leuten in die Augen schaust und versuche doch auch mal deine Stimme etwas zu bewegen. Das hatten wir auch eben in der Bewertung mit drin, deine Intonation. Das heißt, du willst nicht einfach monoton irgendwelche Sätze sagen, weil das hört sich dann unnatürlich an. Und dann bekommst du auch Punktabzug. Also wirklich versuchen, so natürlich wie möglich zu sprechen. Gespräch führen heißt ja auch, dass du den anderen in die Augen schaust und dich dementsprechend dann halt auch ausdrückst. Das heißt auch, dass du nicht zu schnell sprechen solltest, auch nicht zu langsam. Das Problem ist, also das ist dein Sprachfluss auch, ja, wenn du zu schnell sprichst, kann es sein, dass du stotterst und Fehler machst. Grammatik wird ja hier auch bewertet. Und wenn du zu langsam sprichst, dann hört es sich vielleicht stockend an und es ist nicht mehr flüssig. Also finde einen guten Redefluss. Versuche tief durchzuatmen, entspanne dich ein bisschen. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, aber das sind wirklich Tipps, dass du zwischendurch einfach auch mal zur Pause kommst, Atempausen machst, tief einatmest und dann weitersprichst. Ja, das Einatmen, eine kurze Atempause, die holt dich wieder runter. Dann kannst du kurz überlegen, wie rede ich weiter und versuche einfach einen geeigneten Redefluss zu finden, dass du dich selber auch nicht zu nervös machst, weil ich weiß, wie es ist, wenn man spricht. Du bist vielleicht zu schnell, du stotterst auf einmal oder machst einen Fehler und dann kann es passieren, dass du komplett raus bist aus dem Thema und weißt überhaupt nicht mehr, was du sagen sollst. Also finde einen guten Redefluss, bewege deine Stimme, so wie du das in deiner Muttersprache 100% auch tust. Das macht jeder und versuch das einfach so natürlich wie möglich in die deutsche Sprache zu bringen. Außerdem gibt es auch noch diesen Lückenfüller oder ja, den habe ich sicherlich auch schon ein paar Mal benutzt in diesem Video. Da war er gerade. Das ist auch total in Ordnung. Das ist ja ganz normal, so ein Lückenfüller. Es hilft dir auf jeden Fall, wenn du dir die Redemittel anschaust, weil dann kannst du deine Sätze auch gut verbinden und das hilft dir vielleicht auch dabei, dieses ein bisschen zu unterdrücken. In den Sprechpausen kannst du auch mal versuchen, außerdem zu sagen oder einfach eine ganz kurze Pause machen, anstatt das zu sagen. Wie gesagt, es ist in Ordnung, wenn man sagt oder so. Das ist ganz natürlich, gehört dazu. Aber nicht die ganze Zeit. Sonst wird deine Sprache einfach stockend. Deswegen solltest du es versuchen, ihn ein bisschen zu vermeiden, diesen Lückenfüller. Und einfach eine gute Idee ist, dass du zu Hause das mal vorbereitest. Du machst einen Vortrag oder so und nimmst dich mal mit der Kamera auf und dann siehst du, vielleicht sagst du einfach wirklich viel zu viel Das macht man gerne, ja, gerade in so Vorträgen. Und deswegen schau dir selber mal zu und schau, wie oft du dieses überhaupt benutzt. Wenn das gar nicht so tragisch ist, dann ist das okay. Wenn du aber merkst, ich sage das viel zu oft, dann solltest du vielleicht ein bisschen daran arbeiten und vielleicht öfter mal eine kleine Atempause einlegen. Achtung, hier noch eine wichtige Information von mir. Was auch dazu gehört, zu dem Vortragen, ja, zu der Diskussion, da gehört dazu, dass du übersichtliche Notizen hast. Das heißt, wenn dir sowas schwierig fällt, dann übe das bitte zu Hause nochmal. Und das ist jetzt nicht nur für Teil 2 der mündlichen Prüfung wichtig, sondern genauso für Teil 1. Und im Schreiben auch. Genau, im Schreiben musst du ja auch Notizen machen. Das heißt, dieses Notizenführen zu üben, hilft dir in der ganzen Prüfung allgemein. Und da ist einfach die beste Möglichkeit, gerade in einer Diskussion Mindmaps zu benutzen. Versuch doch mal bitte,
ein Mindmap zu machen. Wenn du nicht der Typ dafür bist, versuch es einfach mal. Wenn du dann immer noch nicht der Typ dafür bist, gut, dann such dir was aus, was zu dir passt. Aber ich sage dir wirklich, das ist von mir für dich ans Herz gelegt, probier einfach mal ein Mindmap. Mindmaps sind sehr effektiv, super schnell und man wird dadurch automatisch frei sprechen können, weil du einfach keine Stichsätze, Stichwörter, lange Stichpunkte schreibst, sondern du hast wirklich nur einzelne Wörter. Und dadurch bist du gezwungen, frei zu sprechen. Und das ist in der schriftlichen Prüfung auch hilfreich, weil du einfach nicht genügend Zeit hast. Und es reicht, wenn du einfache Wörter aufschreibst und die dann in Sätze umformulierst. Selber während des Sprechens oder während des Schreibens in der schriftlichen Prüfung. Also wenn du das mal übst, ist es wirklich praktisch, wenn du mit Mindmaps arbeitest. Genau. Und deswegen steht hier auch nochmal, eine gute Vorbereitung an sich ist einfach, damit machst du halt auch den Wortschatz kannst du nochmal üben. Zum Beispiel kannst du dir ein Thema anschauen oder anhören oder lesen, machst dir dazu ein paar Notizen, dann hast du gleich eine Übung zum Wortschatz gemacht. Und den kannst du dann auch gleich für einen Übungsvortrag benutzen. Und dann achtest du halt gleich noch, während du dich halt aufnimmst mit einer Kamera, auf deine Mimik, auf deine Gestik, auf den Lückenfüller und so weiter. Schaust dir das nochmal an, ob du auch mit deinen Händen nicht zu viel zu sehr bewegst oder ob du sie versteckst oder so. Und dann kannst du schauen, ob da noch irgendwas ist, was du besser machen solltest und kannst nochmal reflektieren. Und somit hast du halt auch eine perfekte Prüfungsvorbereitung. So, jetzt sind wir im nächsten Schritt und zwar gibt es hier die Zitaterörterung. Jetzt geht es richtig um das TELC-Zertifikat C1 Sprechen Teil 2, denn hier hast du jetzt ein Zitat. Das gab es jetzt im Teil 1 oder so noch nicht. Das ist jetzt eine neue Information für dich. Also hör gut zu. Du hast ein Zitat und das sollst du erörtern. Das heißt, du sollst es interpretieren, verstehen können, was mit dem Zitat gemeint ist. Und da haben wir dieses freie Erörtern, weil du hast ja wirklich nur einen Satz oder so. Ja, du hast keine weiteren Informationen, du hast keinen Text dazu, deswegen ist es frei. Und das heißt, dass du eigentlich auch viel mehr Spielraum hast zum Diskutieren und kannst deine Gedanken freien Lauf lassen. Es ist also echt positiv für dich. Du musst dich nicht starr an ein Thema halten, sondern kannst alle möglichen, aber relevanten Punkte mit einbringen. Das ist also eigentlich voll praktisch für dich. Das ist positiv. Seh das als was Positives. Es scheint schwierig zu sein, aber du kannst wirklich deinen Ideen freien Lauf lassen. Und das ist das Positive hier. So ein Zitat ist eigentlich eine Entscheidungsfrage. Ja? Du musst dich also zunächst fragen, ist das richtig oder nicht? Stimmt das, was hier steht, oder nicht? Bin ich damit einverstanden? Stimme ich dem zu oder nicht? Und dann musst du das jetzt nicht einfach mit Ja und Nein beantworten, sondern kannst natürlich oder sollst eine Argumentation aufstellen. Zum Beispiel, ja, es ist schon richtig, aber. Nein, das stimmt eigentlich nicht, aber. Ja, man kann immer eine Argumentation trotzdem führen. Es muss nicht immer alles Ja, richtig, Punkt sein, sondern man soll schon eine Argumentation führen. Und dann solltest du dir natürlich dazu dann Argumente ausdenken. Die Ideen, die dir jetzt dann in den Kopf kommen, sollten dann sinnvoll sein und auch deinen Partner oder allgemein deine Argumentation mäßig auch überzeugen können. Dann ist es wichtig, dass du eine schlüssige, logische Gedankenführung hast. Das heißt, deine Gedanken brauchen einen roten Faden, damit nicht nur dein Gegenüber dir folgen kann, weil der soll ja mit dir kommunizieren, sondern du auch selber eine standfeste Argumentation bringen kannst. Das ist wichtig. Wenn du irgendwas erzählst, was keinen Zusammenhang hat und somit dann auch keine logische Schlussfolgerung gibt, sondern du einfach einen Inhaltspunkt nach dem anderen bringst, dann bekommst du natürlich auch Punktabzug. Ihr sollt eine aktive, logische Schlussfolgerung oder Argumentation miteinander führen. So, und dann ist es auch wichtig, eigene Erfahrungen da noch in dieses Zitat, ja, was da steht, in dieses Thema mit einzubringen. Also nicht nur sachliche Informationen sind hilfreich, die sind natürlich hilfreich, was du vielleicht gehört hast im Fernsehen über Wirtschaft oder was kann man noch alles mit einbringen? Politik,
Wissenschaft und so weiter, sondern auch deine eigenen Erfahrungen, die halt deine Meinung auch prägen. Und die können auch deine Argumentation unterstützen. Auf der einen Seite haben wir jetzt gesehen, wie du gut vortragen kannst vor Leuten sprechen kannst. Dann haben wir gesehen, wie du ein Zitat erörtern kannst. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Regeln zeigen, wie man sich in der Diskussion verhält. Und da ist es wichtig, dass du fair bleibst. Also du musst immer daran denken, dass ihr ein Team seid, okay? Ihr sollt nicht gegeneinander arbeiten. Das heißt, fair bleiben, nicht beleidigen, beziehungsweise auch nicht beleidigt sein. Versuchen, keine Grundsatzdiskussion hereinzubringen. Zum Beispiel das Thema Religion. Ist immer ein bisschen heikel, ja? Dann immer wichtig, aktiv zuhören und angemessen reagieren. Wenn du deinem Partner nicht zuhörst, wird es schwierig zu reagieren und dann kriegst du natürlich auch Punkteabzug. Es geht ja hier um die Diskussion. Ihr müsst also hin und her miteinander kommunizieren. Dann die andere Person auch ausreden lassen. Das heißt geduldig sein, nicht dem anderen ins Wort fallen und angemessen reagieren, falls er oder sie dich unterbricht. Nicht eingeschnappt sein. Ja, da sind wir wieder bei dem Fairbleiben. Außerdem ist es wichtig, dass ihr euch gegenseitig Empathie zeigt. Versuche die andere Person zu verstehen. Also nicht nur, was die Person sagt, sondern versuche auch zu verstehen, dass die andere Person vielleicht auch sehr nervös ist oder so. Ja? Und in der Diskussion verdeutliche auch freundlich, wenn du anderer Meinung bist. Ihr arbeitet also nicht gegeneinander. Weiterhin ganz, ganz wichtig, das sollte auch deine Notizen sollten das auch reflektieren, relevante und nachvollziehbare Argumente bringen. Ganz wichtig in der Prüfung nochmal für dich, ihr seid ein Team. Präg dir das ein, dein Gesprächspartner ist kein Gegner. Ihr solltet zusammenarbeiten, weil wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, dem anderen vielleicht noch, du siehst vielleicht, dass dein Partner etwas nicht komplett verstanden hat, dann sagst du es vielleicht nochmal, bevor er fragen muss. Und bei dir ist es auch so, wenn dein Partner jetzt aber nicht gesehen hat, dass du es nicht verstanden hast, kannst du gerne auch nochmal fragen und dann sollte dein Partner halt auch dementsprechend reagieren und dir das nochmal freundlich nochmal erklären, vielleicht mit anderen Worten. Also ihr seid ein Team, ihr sollt zusammenarbeiten. Und jetzt kann es passieren, dass du sagst, oh je, was mache ich denn, wenn wir die gleiche Meinung haben, ja? Das ist natürlich auch kein Problem. Dann stellt Vor- und Nachteile oder ja, alle möglichen Gedanken, die ihr so habt, stellt die zusammen, gemeinsam zusammen und bleibt trotzdem weiterhin aktiv im Gespräch. Denn die wichtigsten Schlagworte für eine erfolgreiche Diskussion sind: sei fair und aktiv. Ganz wichtig, weil das Ziel der Diskussion ist doch einfach, dass ihr einen gemeinsamen Argumentationsweg findet und die Interaktion ist einfach auch ein Teil der Bewertung. Also fair bleiben und aktiv sein. So, ich hoffe, du hast dich jetzt schon mal gut vorbereiten können und hast eine gute Idee. Jetzt schauen wir uns die Schritt-für-Schritt-Anleitung an, wie du in der Prüfung vorgehen solltest. Das sind unsere Schritte hier, relativ kurz. Du sollst das Aufgabenblatt durchlesen, vielleicht in der Aufgabenstellung das detailliert durchlesen, dazu auch noch vielleicht 1, 2 Schlüsselwörter unterstreichen. Dann machst du deine Notizen und dann wird diskutiert. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auch als PDF zum Herunterladen im Link unter diesem Video. Also, der erste Schritt natürlich das Aufgabenblatt gut durchlesen. Du hast 20 Minuten Vorbereitungszeit für beide Teile der Prüfung. Das heißt, in diesen 20 Minuten wirst du dich mit dem Aufgabenblatt beschäftigen, sowie mit dem anderen für Teil 1. Und da solltest du vorher schon mal überlegen, wie viel Zeit brauche ich ungefähr. Das heißt, wenn du dich jetzt zu Hause schon vorbereitest, finde ein gutes Zeitmanagement und schaue, wie viel Zeit du ungefähr für was brauchst. Wir machen jetzt hier Teil 2. Du hast dein Zitat, du hast 4 Strukturpunkte darunter, die schaust du dir einfach mal an. Und dann kann es passieren, dass du vielleicht im Zitat etwas nicht verstehst. Aber keine Sorge, versuch einfach mal für dieses Wort eine andere Bedeutung zu erschließen. Worum könnte es hier gehen bei diesem Wort? In welcher Beziehung steht dieses Wort zu irgendwelchen anderen Wörtern in dem Zitat?
Vielleicht findest du die Bedeutung selber heraus. Ansonsten kannst du überlegen, ob das Wort auch noch andere Verwandte hat. Vielleicht ist es ja ein Fremdwort, ja, kein original deutsches Wort. Vielleicht kannst du auch Englisch sprechen und überlegst mal in deiner Muttersprache, ob es so ein ähnliches Wort gibt. Oder gibt es in Englisch so ein Wort oder Italienisch? Vielleicht sprichst du auch Latein oder so. Keine Ahnung. Einfach mal schauen, ob du irgendwelche Wörter auch in anderen Sprachen findest, die vielleicht den gleichen Wortstamm haben oder so. Weil Sprachen sind ja oft ähnlich. Und vielleicht kommst du da auf dieses Wort und kannst es dann verstehen. So, du hast dir dein Aufgabenblatt mal angeschaut, das Zitat angeschaut und jetzt gehen wir in diese Aufgabenstellung erstmal rein und gucken uns Schlüsselwörter an. Du hast also 4 Punkte unter deinem Zitat stehen. Das sind eigentlich immer die gleichen. Das ist wie so eine Aufgabenstellung halt. Und die geben dir strukturell Ideen. Da steht jetzt nichts Inhaltliches, sondern komplett strukturell. Und da kannst du, wenn du möchtest, das ist nicht zwingend, aber du kannst dir gerne die wichtigsten Wörter mal unterstreichen und dann wirklich halt auch nicht vergessen, die in deine Argumentation mit einzubringen. Denn jetzt ist es soweit, dass du deine Notizen machst. Und da helfen dir die Schlüsselwörter, damit du nicht vergisst oder damit du einen Punkt halt auch nicht vergisst. Deine Notizen sind auch ein wichtiger Teil der Prüfung. Hast du logische Notizen, hast du auch eine logische Argumentation. Und die solltest du auch wieder in irgendeine Einteilung gliedern. Das hatten wir ja im Teil 1 schon, da hattest du deinen Vortrag. Jetzt haben wir keinen Vortrag, das heißt, du hast keine Einleitung und keinen Schlussteil so wirklich, sondern es ist ja ein aktives Gespräch. Deswegen sieht deine Einteilung halt auch ein bisschen anders aus. Aber du kannst zum Beispiel dabei diesen Strukturpunkten folgen. Und zwar, worum geht es hier überhaupt? Was könnte das Zitat bedeuten? Worum geht es? Dann, bin ich dafür oder dagegen? Warum bin ich dafür oder warum bin ich dagegen? Nenne Beispiele dazu. Du kannst deine Erfahrungen mit einbringen oder was auch immer du weißt aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Gesundheit und so weiter. Und dann solltest du deine Notizen aber so knapp halten wie möglich und sie auch dann effektiv nutzen können. Deswegen auch nochmal der Tipp für dich, Mindmap bitte. Und auch ein guter Tipp, weil im Gespräch kann es schnell passieren, dass man so eine Redewendung einfach vergisst und man sie dann nicht anwenden kann. Die kannst du dir vorher auswendig lernen, wenn du weißt, so ein paar Dinge, da weiß ich nicht, wie ich von einem Thema zum anderen gehe. Schreib dir die Redewendung mal auf, lerne sie auswendig und schreib die dir auf deine Notizen ganz klein irgendwo hin. Natürlich nicht eine Liste von Redewendungen, sondern vielleicht 1 oder 2. Und dann natürlich eine geeignete Art von Notizen für dich selber finden. Wenn das eine Tabelle ist, dann ist das eine Tabelle. Aber hier nochmal wirklich sehr hilfreich ist ein Mindmap. Hier siehst du ein Mindmap, weil falls du das noch nicht so richtig gesehen hast, das Thema ist soziale Medien. Wir haben jetzt zwar hier einen Teil Einleitung, Hauptteil, Schluss. Also das ist mein Beispiel Mindmap, was ich auch für Vortrag benutzt habe im Teil 1 für die mündliche Prüfung, aber es ist ja nur ein Beispiel, wie du siehst, du hast einen Hauptpunkt und dann gehen halt die Unterpunkte davon weg und dann kann man da seine Ideen aufschreiben und die miteinander verbinden und so weiter. Im nächsten Schritt ist es dann soweit, du sollst diskutieren. Und ihr seid da wirklich ein Team, das bitte nicht vergessen. Deswegen an die Regeln halten, auch die Mimik und Gestik nicht vergessen. Deine Argumentation sollte logisch sein jetzt, deswegen auch die Notizen, die so wichtig sind. Ihr habt 6 Minuten jetzt, gemeinsam zu sprechen. Das hört sich relativ kurz an, ist es aber nicht. Es ist schon viel Zeit. Das heißt, du musst auch schon viel inhaltlichen Input mit reinbringen. Und nochmal, ihr seid ein Team, ihr seid keine Gegner, arbeitet miteinander. Und sei natürlich auch bereit für eventuelle Fragen durch die Prüfer. So, jetzt schauen wir uns nochmal ein Beispiel gemeinsam an. Hier siehst du das Aufgabenblatt, das sollst du dir natürlich am Anfang erstmal gut durchlesen. Wie du siehst, unser Thema, das steht dann ganz groß da, jeder Mensch lügt etwa 200 Mal am Tag. Da kannst du dann schon mal überlegen, stimmt das oder stimmt das nicht? Wir schauen uns auch mal die Aufgabenstellung von dem Blatt davor an. Man hat so ein Einleitungsblatt, da steht nochmal genau erklärt, wie die mündliche Prüfung abläuft. Und da steht auch nochmal,
dabei bei Teil 2. Die Teilnehmenden erhalten ein Thema, das sie miteinander diskutieren sollen. Es soll ein Austausch von Argumenten stattfinden. Falls die Diskussion nicht das erforderliche sprachliche Niveau erreicht, greifen die Prüfenden mit Hilfe von ergänzenden Fragen ein. So, und hier haben wir nochmal unser Thema jetzt. Sie unterhalten sich also mit Freunden, diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner über das folgende Thema. Jeder Mensch lügt etwa 200 Mal am Tag. Und dann sind wir schon im nächsten Schritt. Wir schauen uns also jetzt die Aufgabenstellung an und unterstreichen vielleicht Schlüsselwörter. Dabei immer das Thema im Hinterkopf behalten auch, weil dann kommen schon die ersten Ideen. Der Kopf müsste dann schon brodeln sozusagen. Und dann kann man sich einfach mal ein paar Sachen unterstreichen, wenn man das möchte. Wie zum Beispiel, wie verstehen Sie die Aussage? Übereinstimmen, also sagen Sie, inwieweit Sie mit der Aussage übereinstimmen oder sie ablehnen. Geben Sie dazu Gründe und Beispiele an. Gehen Sie auch auf die Argumente Ihres Partners oder Ihrer Partnerin ein. Im nächsten Schritt ist es dann soweit und du sollst Notizen machen. Hier nochmal eine Einteilung, wie das aussehen kann. Und zwar hast du das Thema, also es ging ums Lügen. Dann überlegst du dir, was bedeutet das Zitat? Gibt es Pro und Contra? Welcher Meinung bin ich? Und welche Gründe und Beispiele kann ich dazu geben? Das Ganze kannst du als Tabelle machen zum Beispiel oder als Mindmap. Und dann geht es los, ihr sollt diskutieren und da kommt jetzt noch etwas dazu, worauf du achten sollst, und zwar geh auf deinen Partner mit ein. Das war ja noch der 4. Punkt in der Aufgabenstellung. Ganz wichtig, nicht vergessen. Und dann hast du es auch schon geschafft. Also, das TELC-Zertifikat C1 Sprechen Teil 2 hast du nun auch hinter dir. Und ich möchte dazu nochmal sagen, in der Diskussion, gemeinsam als Team schafft ihr das, denn nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. Und somit sind wir auch ganz am Ende beim Bonus angelangt. Schreibe doch mal deine Ideen in Stichpunkten zu einem der 3 Zitate. Du findest nämlich in der Modellprüfung, die du dir herunterlädst, 3 Zitate. Such dir doch einfach mal eins aus, schreib ein paar Ideen auf in Stichpunkten und schreib die hier unten in die Kommentare rein. Die ersten 5 Kommentare bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur und unter all den Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also es lohnt sich mitzumachen. Viel Spaß! Mit diesem Teil der Prüfung hast du auch die mündliche Prüfung jetzt hinter dir. Super! Und jetzt kannst du direkt rübergehen zu einer Probeprüfung, die wir uns gemeinsam anschauen. Wir schauen uns nun also eine Probeprüfung an zum TELC-Zertifikat C1. Und schon kann es auch losgehen. Ich zeige dir ganz am Anfang, wie das Video aufgebaut ist. Und zwar schauen wir uns den Prüfungsaufbau mal gemeinsam an. Dann gebe ich dir ein paar Tipps zum Zeitmanagement und dann üben wir an einem Beispiel die ganzen Teile der Prüfung durch. Ich habe dir die ganze Prüfung mal zusammengestellt. Wir gehen die ganz knapp gemeinsam durch und bei jedem Teil zeige ich dir einen Subteil etwas genauer. Das heißt zum Beispiel bei Lesen Teil 1, Teil 2, Teil 3 suche ich einen Teil aus, den wir gemeinsam etwas genauer durchgehen. Genau. Also, los geht's. Zuallererst möchte ich dir natürlich zeigen, wie die Prüfung überhaupt aufgebaut ist. So, diesen Aufbau, den findest du in einem Modelltest, den du dir als PDF herunterladen kannst, hier in einem Link unter diesem Video. Und wie du siehst, ist der Test in mehrere Subtests unterteilt. Also wir haben zum Beispiel Teil 1, Lesen, Teil 2, Sprachbausteine, Teil 3, Hören, Teil 4, Schreiben und der 5. Teil ist dann die mündliche Prüfung. Und diese ganzen Teile sind teilweise dann auch nochmal unterteilt in Subtests sozusagen. Genau. Wie du siehst, die schriftliche Prüfung, die ist unterteilt in Lesen, Sprachbausteine. Das ist ein Packen sozusagen. Der dauert 90 Minuten. Den kannst du dir selber einteilen. Deswegen ist Zeitmanagement auch ganz, ganz wichtig. Dann gibt es eine Pause. Dann gibt es die Hörprüfung. Die dauert circa 40 Minuten.
Und dann bekommst du deine Aufgabenblätter zum schriftlichen Ausdruck. Der dauert dann circa 70 Minuten. Im mündlichen Teil hast du einmal eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten und der mündliche Teil an sich ist auch nochmal unterteilt in circa 3 Teile. Also wir sehen hier 1a, 1b, das zeige ich dir auch gleich nochmal. Und das Ganze dauert dann circa 16 Minuten und wird als Paarprüfung gemacht. Also nicht nur du alleine mit den Prüfern, sondern normalerweise sitzt dann noch ein Gesprächspartner dabei. Genau, so ist die Aufteilung. Du kannst gerne das Video kurz pausieren, dir die Punkte anschauen, die Aufgabentypen genau anschauen, aber wir gucken uns das jetzt auch nochmal an. So, wie eben schon gesagt, gerade im Schreiben oder im Lesen und so ist es wichtig, ein bestimmtes Zeitmanagement zu haben, damit du nicht durcheinander kommst. Warum ist denn so ein Zeitmanagement überhaupt so wichtig für mich? Und zwar, wie eben schon gesagt, haben wir in den Teilen Lesen, Sprachbausteine und auch im Schreiben musst du selbstständig arbeiten. Und dazu solltest du eine passende Zeiteinteilung finden. Das heißt, übe die Prüfung mal komplett durch. Wir geben dir einen kompletten Modelltest mit, den du als PDF findest und herunterladen kannst. Und du solltest dazu die Zeit auch stoppen. Dabei solltest du überlegen, welche Aufgaben einfach sind und welche Aufgaben dir schwer fallen. Und da würde ich die einfachen Aufgaben zuerst machen, dann hast du die fertig, dann hast du da auch auf jeden Fall die Punkte. Und die schwierigen Aufgaben würde ich am Ende machen, weil da brauchst du vielleicht etwas länger. Wenn du es genau andersrum machst, kann es passieren, dass du einfach länger brauchst und am Ende hast du nicht mehr genügend Zeit, die Aufgaben zu machen, die du eigentlich kannst und dann verlierst du wichtige Punkte. Ja, genau. Auch das Zeitmanagement, wie auch eben schon gesagt, in der mündlichen Prüfung hast du eine Vorbereitungszeit, wo du Notizen machen sollst. Im Schreiben bist du ja auch auf dich selber gestellt, du hast also kein Audio oder so. Und deswegen solltest du da auch eine geeignete Zeiteinteilung finden, gerade wenn es um die Notizen geht, weil du zum Beispiel in der mündlichen Prüfung 2 Teile hast und du dich für diese 2 Teile in der Vorbereitungszeit vorbereiten musst und Notizen machen musst. Und da solltest du schon im Vornherein wissen, wie viel Zeit du ungefähr für was aufwendest, damit du dir das richtig einteilen kannst. Weil da kann es auch wieder passieren, wenn du zu viel Zeit aufwendest für Teil 1, kann es passieren, dass du nicht mehr genügend Zeit hast für Notizen für Teil 2 und dann kann das vielleicht beim Sprechen dann Probleme geben, weil dir einfach Informationen fehlen. Okay? Genau, also so viel zum Zeitmanagement. Einfach eine ganze Prüfung mal komplett durchüben, die Zeit stoppen, auch während der Notizen gucken, wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung für Teil 1, wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung von Teil 2, was sollte ich da in der Prüfung dann zuerst machen und vielleicht musst du auch irgendwo einfach schneller sein und brauchst vielleicht doch mehr Zeit woanders. Ja, also da für dich selber eine gute Einteilung finden. So, jetzt geht es richtig los. Wir haben uns ganz kurz vorbereitet, haben den Aufbau gesehen. Jetzt schauen wir uns die komplette Prüfung gemeinsam an. Wir legen los. Ganz oben links siehst du die Aufteilung der Prüfung. Lesen, Sprachbausteine, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, mündlicher Ausdruck. Wir gucken uns jetzt Lesen genauer an. Diese 3 Punkte neben dem Lesen sind die 3 Teile jeweils, die wir haben. Wie du siehst, wir haben Textrekonstruktion, das ist Teil 1. Da hast du 6 Zuordnungsaufgaben. Dann haben wir im Teil 2 ein selektives Verstehen, da hast du auch 6 Zuordnungsaufgaben. Und am Ende gibt es Detailverstehen und Globalverstehen in einer Aufgabe. Da hast du einmal 11 Aufgaben, die richtig, falsch oder nicht im Text vorhanden sind und eine Makroaufgabe. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Fangen wir an mit Teil 1. So, wir haben hier also Lesen Teil 1. Und da lesen wir uns mal die Aufgabenstellung durch, damit du ungefähr eine Idee hast, worum es hier geht. Lesen Sie den folgenden Text. Welche der Sätze A bis H gehören in die Lücken 1 bis 6? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. 2 Sätze können nicht zugeordnet werden. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 6 auf dem Antwortbogen.
Lücke 0 ist ein Beispiel. Wir haben oft Beispiele dabei, die man sich dann vorher auch anschauen kann. Also so sieht das dann ungefähr aus. Wir haben jetzt hier nicht alle Lücken. Ich habe nicht den ganzen Text gezeigt und auch nicht alle Sätze, aber so sieht das dann ungefähr aus. Du hast also einen längeren Text mit Lücken und da gehört dann jeweils so ein Satz hinein. Wenn du dich direkt für Lesen Teil 1 vorbereiten möchtest, dann geh doch mal zu dem direkten Video. Da findest du eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, wie du in der Prüfung vorgehen sollst, plus eine Vorbereitung auf genau diese Aufgabe. Okay? Deswegen, wir gehen die jetzt nicht gemeinsam komplett durch, das machen wir mit Teil 3. Hier hast du jetzt nur eine Idee, wie das ungefähr aussieht. Und jetzt schauen wir uns Teil 2 an. Im Teil 2 ist die Aufgabe wie folgt. Lesen Sie den folgenden Text. In welchem Textabsatz A bis E finden Sie die Antworten auf die Fragen 7 bis 12? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Jeder Absatz kann Antworten auf mehrere Fragen enthalten. Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgaben 7 bis 12 auf dem Antwortbogen. Also wie ihr seht, ihr habt einen Text, mehrere Absätze sozusagen, mehrere kleinere Texte und dazu oder Abschnitte halt, ja, zu einem bestimmten Thema und dazu sollt ihr dann die Fragen zuordnen können. Wie gesagt, hier gibt es auch wieder ein Video dazu zum TELC-Zertifikat C1, Lesen Teil 2. So, und jetzt schauen wir uns Lesen Teil 3 genauer gemeinsam an. Also ganz am Anfang zeige ich dir erstmal das Aufgabenblatt, wie das ungefähr aussieht. Wie du siehst, du hast hier gleich deine Aufgabenstellung, die fehlende Überschrift und dann den Text. Auf der zweiten Seite ist dann der Rest vom Text. Das war er dann auch schon, also 2 Seiten Text haben wir. Und auf der letzten Seite hast du die 11 Aussagen, Nummer 13 bis 23 und unten dann die 24 noch die Überschrift. Wie du eben vielleicht gesehen hast, hatten wir in unserem Text 13 Absätze, aber 11 Aussagen. Also wie ich vorhin auch beschrieben habe, hast du nicht pro Absatz eine Aussage. So funktioniert das nicht, aber es läuft schon chronologisch mit dem Text mit. Wir schauen uns hier nochmal die Aufgabenstellung an. Lese verstehen Teil 3. Lesen Sie den folgenden Text und die Aussagen 13 bis 23. Welche der Aussagen sind richtig, plus, oder falsch, minus, oder gar nicht im Text enthalten? Da müsste dann ein X hin. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben auf dem Antwortbogen. Das ist die Aufgabenstellung. Die brauchst du dann in der Prüfung nicht nochmal durchlesen. Du hast sie ja jetzt dann schon geübt und kannst direkt mit dem Schritt-für-Schritt Textanleitung dann loslegen. Und schon sind wir im Skimming und da sollst du den Text überfliegen. Wir überfliegen mal ganz kurz gemeinsam die ersten 3 Absätze und nicht den ganzen Text. Das würde jetzt hier die Zeit sprengen, das kannst du selber mal probieren. Aber ich fliege jetzt einfach mal so drüber und sehe schon das erste Wort Wissenschaft und dann so ein paar Begriffe auf Englisch. Und dann gehe ich weiter. Ich gehe immer so ein bisschen von links nach rechts, aber ich lese keine Sätze durch. Weltraum, Schwächen, Filmkultur, Wissenschaft nochmal. Also es geht um Wissenschaftler im Film. Das habe ich jetzt schon mal herausfinden können damit. Jetzt bin ich im 3. Absatz, da fliege ich auch drüber. Da sehe ich auch nochmal Wissenschaftler im Film, also bin ich schon mal auf der richtigen Seite. Tiere und Menschen, künstliches Leben, Bösewicht. Ja, Frankenstein habe ich noch gesehen. Also es geht so ein bisschen um die bösen Wissenschaftler oder so im Film. Das habe ich jetzt herauslesen können. Du kannst dir den ganzen Text mal ausdrucken zum Beispiel. Die PDF findest du ja hier unterm Video. Und dann kannst du das mal in Ruhe selber machen, das Skimming. Denn wir gehen direkt weiter. Wir sind im 2. Schritt. Und zwar sollen wir jetzt die Aussagen lesen und Schlüsselwörter suchen.
Wie du siehst, ich habe jetzt hier die ersten 3 mal genommen. In den Unterhaltungsfilmen der letzten Jahre ist vielleicht auch wichtig, so eine Zeitangabe, werden Wissenschaftler vorwiegend, auf so kleine Wörter sollte man auch achten, vorwiegend als skrupellose Bösewichte dargestellt. Also das sind meine 3 wichtigen Wörter, finde ich. Ich weiß ja, es geht um Wissenschaftler, das muss ich jetzt nicht nochmal unterstreichen. Die 14. In Science-Fiction-Filmen verbinden sich archaische Erzähltraditionen, das würde ich mir auch mal unterstreichen, mit aktuellen Tendenzen der Wissenschaft. Okay, das habe ich mir auch nochmal da Wissenschaft unterstrichen, weil es mit aktuellen Tendenzen zusammenhängt. Nummer 15. In der Filmgeschichte ist die Bandbreite der Wissenschaftlertypen ausgesprochen vielschichtig. Im nächsten Schritt haben wir jetzt also unsere Schlüsselwörter unterstrichen in den Aussagen und so weiter. Wir haben geskimmt und jetzt müssen wir detailliert lesen und fangen mit dem ersten Abschnitt an, mit dem ersten Absatz. Wir lesen ihn mal gemeinsam. Die Wissenschaft und ihre Protagonisten sind inzwischen zu Lieblingen der Filmschaffenden avanciert. Lieblingen der Filmschaffenden. Hört sich für mich interessant an, habe ich mir jetzt mal unterstrichen. Das könnt ihr natürlich dann auch machen, euch in den Absätzen einfach während des Lesens etwas zu unterstreichen. Diesen Eindruck jedenfalls bekommt schnell, wer einmal die großen Kinofilme Revue passieren lässt. Mit Alan Turing und Stephen Hawking wurden innerhalb eines Jahres in The Imitation Game bzw. The Theory of Everything gleich 2 genialen Forschern monumentale filmische Denkmäler gesetzt. Während ein sarkastisch sympathischer Botaniker und dessen Erfindergeist ins Zentrum des Geschehens auf dem roten Planeten rückte. Nur wenig früher hatten in Interstellar und Contagion Wissenschaftler heldenhaft die Menschheit vor der sicheren Auslöschung durch Umweltkatastrophen und Killerviren bewahrt. Das sind alles so Informationen gerade, die jetzt nicht so wichtig sind, weil wir auch nicht selektiv lesen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Filmtitel oder so herauslesen. Ne? Deswegen kann man das so ein bisschen überfliegen teilweise. Ja? Und in Gravity kämpft die Filmheldin Dr. Rhinestone nicht nur gegen die Unwirtlichkeit des Weltraums an, sondern auch gegen ihre eigenen Schwächen. Okay, wir haben so ein bisschen Zusammenfassung von Filmen hier lesen können. Und was jetzt hier für mich aber wichtig scheint, ist das Wort auch inzwischen. Wir sind ja in unserer ersten Aussage hier oben. In den Unterhaltungsfilmen der letzten Jahre werden Wissenschaftler vorwiegend als skrupellose Bösewichte dargestellt. Hat jetzt nicht so gut gepasst. Also inzwischen heißt ja auch jetzt ist es so, wie es in den letzten Jahren war, steht jetzt hier nicht unbedingt da. So wie es jetzt aber zu sein scheint, werden sie nicht als Bösewichte dargestellt. Hier stehen ja ganz viele Retter der Welt gegen Killerviren und so weiter. Wir sind uns aber noch nicht so ganz sicher. Ja? Wir können jetzt auch einfach mal zum nächsten Abschnitt übergehen und dort auch nochmal lesen. Genau, wir machen also jetzt weiter. Wir sind jetzt im zweiten Abschnitt. Wir sind immer noch im ersten detaillierten Lesen und lesen einfach mal weiter. Wir können auch sagen, okay, wir lesen mal die Aussage 14, können wir auch nochmal durchlesen. In Science-Fiction-Filmen verbinden sich archaische Erzähltraditionen mit aktuellen Tendenzen der Wissenschaft. Wenn ihr da was nicht versteht, zum Beispiel das Wort archaisch, das ist schwierig, dann solltet ihr aber mal überlegen, wie heißt das vielleicht? Gibt es so ein ähnliches Wort in eurer Sprache? Oder könnt ihr vielleicht Englisch? Gibt es so ein Wort im Englischen? Das gibt es nämlich. Und dann habt ihr vielleicht eher eine Ahnung, was das heißen könnte. Aber man kann auch gucken, Erzähltraditionen. Tradition ist etwas Altes, vielleicht hat es damit was zu tun, ja? Einfach mal versuchen, die Bedeutung selber herauszufinden, anstatt zu sagen, oh Gott, ich weiß das Wort nicht und man verzweifelt. Nein, versucht es einfach selber, guckt ein bisschen umher, was könnte das bedeuten. Wenn ihr nicht 100% die Bedeutung wisst, ist es nicht schlimm, aber wenn ihr einigermaßen wisst, worum es in der Aussage jetzt geht, dann seid ihr schon mal gut dabei. Ja? Gut, also wir haben einmal die Erzähltraditionen und einmal die aktuellen Sachen in der Wissenschaft. Die werden so ein bisschen nebeneinander gestellt. Wir lesen mal weiter. All das ist insofern bemerkenswert, als
alle westlichen Filmkulturen lange Zeit auf wenige sich ähnelnde Typen von Wissenschaftlern setzten, die sich von den Anfängen des filmischen Erzählens bis in die Gegenwart hinein kaum verändert haben. Okay, es hört sich so ein bisschen an wie die Nummer 14, aber nicht so ganz. Das schmale Spektrum ihrer Charaktereigenschaften reichte vom machtbesessenen Bösewicht bis zur Lachnummer mit wirren Haaren und weißem Kittel. Die Ambivalenzen einer komplexen Persönlichkeit suchte man meist vergeblich. Also wir haben hier den Bösewicht und die Lachnummer, und komplexe Persönlichkeit suchte man vergeblich. Und da habe ich dann jetzt meine Antwort für die Nummer 13, weil hier steht, dass die Wissenschaftler vorwiegend Bösewichte waren. Und hier steht aber, dass sie entweder Bösewichte oder Lachnummern waren. Vorhin haben wir ja auch gelesen, dass auch Helden dabei sind und so weiter. Und deswegen würde ich jetzt hier oben das Ganze als falsch. Wir können immer noch ein Fragezeichen hinschreiben zu unserer Nummer 13 und einfach mal weiterlesen. Das kann man natürlich auch machen. Wir gucken uns aber auch nochmal die 15 jetzt an, weil wir sind jetzt auch im 3. Abschnitt. In der Filmgeschichte ist die Bandbreite der Wissenschaftlertypen ausgesprochen vielschichtig. Was wir eben im 2. Absatz gelesen haben, war, dass es entweder Bösewichte waren oder Lachnummern. Das heißt, die Typen der Wissenschaftler waren nicht vielschichtig. Das haben wir eben noch gelesen. Wir können aber jetzt hier mal weiterlesen. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist der Wissenschaftler im Film ein Verrückter, ein Mad Scientist. So. In seiner bösen, düsteren Ausprägung geht er in geheimen Labors monströsen Forschungsprojekten nach, losgelöst von der Welt und der Kontrolle einer Akademie. Oft experimentiert er an Tieren oder Menschen, züchtet künstliches Leben oder arbeitet auf die Vernichtung der ganzen Menschheit hin. Bösewichte dieser Art begegnen uns als Dr. No, James Bonds allererstem Gegenspieler, in Stanley Kubricks Dr. Seltsam, in der Figur des Rotwang in Fritz Langs Metropolis, der mit einem Maschinenmenschen die Massen aufzuwiegeln versucht, sowie in den zahlreichen Frankenstein-Verfilmungen. Wie man sieht am Ende, diese ganzen Informationen von Namen und so weiter sind gar nicht so wichtig. Was wichtig ist hier, ist, dass wir eine überwiegende Mehrzahl der Fälle oder der Wissenschaftler im Film eher Verrückte sind. Ja, und genau, wir wissen ja hier oben, das ist jetzt falsch, also definitiv auch falsch, weil wir haben hier eher Mad Scientists, Verrückte und keine skrupellosen Bösewichte, die sind zwar auch Bösewicht, aber nicht nur, wir hatten ja auch vorhin gesagt, dass viele Helden auch dabei sind, jetzt auch neuerdings, und dass auch viele Lustige dabei sind und so weiter. Und hier finden wir jetzt auch unsere Antwort zur Nummer 15. Das hatten wir eben auch im 2. Absatz gelesen, dass die Wissenschaftlertypen nicht vielschichtig sind, sondern dass sie kaum eine Persönlichkeit haben oder so, ne? Das hatten wir eben gelesen. Und hier bestätigt sich das auch nochmal. Wir haben eigentlich immer nur den Mad Scientist vorwiegend, ein Verrückter. Also können wir auch sagen, die 15 ist falsch. Und wenn wir jetzt auf die letzten 3 Absätze nochmal schauen, wir haben jetzt unsere Aufgabe 5, die Aussage 15 haben wir jetzt beantwortet, die Aussage 13 haben wir beantwortet. Wo war denn da jetzt die 14? Wir hatten vorhin etwas gelesen, aber das war nicht ganz die Antwort dazu. Und wenn ihr dann jetzt den Text vor euch habt, könnt ihr gerne nochmal zurückgehen und so weiter. Aber die Antwort dazu habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht kann man beim zweiten detaillierten Lesen nochmal darauf achten. Aber ich habe die Antwort nicht gesehen und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass diese Antwort einfach nicht, diese Aussage im Text gar nicht vorhanden war. So, wir haben also alles das erste Mal detailliert gelesen und haben versucht, die Aussagen zu beantworten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr euer Markierungssystem benutzen und jetzt im zweiten detaillierten Lesen nochmal genau auf die paar Stellen achten, wo ihr nicht weitergekommen seid.
Und als nächstes, wenn ihr dann fertig seid, sollt ihr alles nochmal überprüfen. Und ganz am Ende bitte, habe ich vorhin auch erwähnt, die Überschrift nicht vergessen. Das steht ganz unten noch drunter. Und zwar solltet ihr noch eine Überschrift wählen. Das ist eine einzige Aufgabe im Multiple Choice. A. Fakt versus Fiktion. Wissenschaftler wollen ihr Image im Film verbessern. B. Verrückt und gefährlich. Warum Wissenschaftler im Film immer die Bösen sind. Oder zwischen Genie und Wahnsinn. Stereotypen von Wissenschaftlern im Film. Ich habe sofort rauslesen können, welche Antwort die richtige ist. Habt ihr das auch lesen können? Wenn nicht, müsstet ihr den Text nochmal lesen, ladet euch ihn runter, übt nochmal mit dem Text und ich werde euch die Antwort hier nicht verraten. Ich hoffe, ihr findet sie selber heraus. Sie ist nämlich relativ eindeutig. Wenn du dann Lesen geschafft hast, die 3 Teile vom Subtest Lesen, dann solltest du auch noch die Sprachbausteine machen. Hier haben wir im Take C1 nur einen einzigen Teil, okay? Im B2 oder so hattest du, falls du die Prüfung gemacht hast, vielleicht 2 Teile oder so. Hier haben wir wirklich nur einen einzigen Teil mit aber 22 Vierer Mehrfachwahlaufgaben. Also das ist ein Haufen Aufgaben, deswegen auch nur ein einziger Teil. Und das schauen wir uns jetzt auch gemeinsam genauer an. Hier siehst du als allererstes mal das Aufgabenblatt, wie das aussieht. Du siehst also, du hast eine Seite Text mit jeder Menge Lücken. Und auf der nächsten Seite hast du dann die ganzen Multiple-Choice-Aufgaben mit 4 möglichen Antworten. Bevor wir loslegen mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung an diesem Beispiel, möchte ich dir die Aufgabenstellung zeigen. Die musst du in der Prüfung nicht mehr durchlesen. Du kennst sie ja jetzt schon und deswegen kannst du die einfach ignorieren. Ne? Also, die Aufgabe ist, lesen Sie den folgenden Text. Welche Lösung ist jeweils richtig? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben auf dem Antwortbogen. Lücke 0 ist ein Beispiel. Dafür steht auch die Antwort dann schon da. Und hier sehen wir auch die Lücke 0 und das Beispiel. Da siehst du auch die Antwort. Lücke 0 ist ganz vorne dran. Und die Antwort steht auch schon da. Und wenn wir dann den Text lesen, würde ich dann einfach das richtige Wort in diese Lücke einfügen und so lesen, als wäre da gar keine Lücke. Aber bevor wir das tun, sollen wir natürlich erstmal skimmen. Das können wir ganz kurz gemeinsam machen, wenn du möchtest, aber man hört auch schon so ein bisschen, worum es geht. Ein merkwürdiger Akzent. Und jetzt kann man so über die Absätze von links oben nach rechts unten drüber fliegen. Ja? Und zwar sehe ich da so ein paar Wörter, zum Beispiel Worte, Foreign Accent Syndrom, Fremdsprachen-Akzent-Syndrom, dann Verletzungen, Erkrankungen, Muttersprachler, dann fange ich wieder da oben an. Beispiel Fachwelt steht da, Scheiterhaufen, übernatürliche Mächte und so weiter. Dann psychische Ursachen und so weiter. Ja, das kannst du dann selber nochmal für dich machen. Aber ich sehe auf jeden Fall, also es geht um irgendwelche Verletzungen und dass die Personen dann wahrscheinlich anders gesprochen haben und das ist sehr eigenartig. Also es hört sich interessant an. Es geht also um, wie gesagt, merkwürdige Akzente, die wahrscheinlich durch irgendwelche Krankheiten entstanden sind. Genau. So, wir haben also ungefähr eine Idee, worum es geht. Ja, wenn du das jetzt komplett für den ganzen Text mal so überflogen hast, das sollte nicht länger als 1 Minute dauern oder so. Dann geht es los, wir lesen den ersten Satz und wir schauen nach wichtigen Wörtern, die uns helfen könnten mit der Lücke. Das Beispiel 0 die Antwort war stellen. Stellen Sie sich vor. Und wir werden das jetzt einfach so lesen, als wäre diese Lücke gar nicht da. Also, stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf und wünschen Ihrem Partner einen guten Morgen. Die Worte aus Ihrem Mund klingen
dann könnte es sich um eine seltene neurologische Störung handeln, etc. Weiter würde ich jetzt gar nicht lesen. Also, wir haben verstanden, dass wir morgens aufwachen, wollen guten Morgen sagen und auf einmal hört sich das alles komisch an, was wir sagen. Und da könnte es vielleicht irgendwie eine Erkrankung sein. Okay. So. Was wir jetzt machen ist, was wir sehen jetzt hier, Worte aus ihrem Mund klingen und seltene neurologische Störung. Das sind so die wichtigen Begriffe oder Wortgruppen, auf die ich jetzt achten müsste, um das richtige Wort für die Lücke finden zu können. Aber ich schaue jetzt nicht in die Multiple Choice, sondern ich überlege erst einmal selber. Was könnte da jetzt reinpassen? Bei der 25. Sie wachen eines Morgens auf und wünschen ihrem Partner einen guten Morgen, aber die Worte aus ihrem Mund klingen. Okay, ich mache gerne, wo die Lücke ist, einfach so ein Geräusch und das hilft dir so ein bisschen vielleicht, diese Lücke auszufüllen und dann kommt vielleicht auch so ein bisschen die Idee hoch, was da reinpassen könnte. Und für mich, es hört sich an wie aber. Dann schreibe ich mir das jetzt einfach mal hier hin, das musst du in der Prüfung nicht machen. Kannst du natürlich, wenn du möchtest, aber für mich würde da vielleicht das Wort aber reinpassen. Aber die Worte aus ihrem Mund klingen komisch, eigenartig, merkwürdig. Irgend so ein Wort könnte da reinpassen. Ne? Wir machen jetzt mal weiter. In der richtigen Prüfung würde ich jetzt, wenn ich du wäre, mir die Multiple-Choice-Aufgaben schon anschauen und die 25 und 26 erstmal machen. Und wir lesen aber jetzt den nächsten Satz auch schon nochmal durch und lösen auch nochmal die 27 oder denken selbst über die 27 mal nach. Also die Worte in unserem Mund klingen irgendwie komisch, eigenartig, merkwürdig. Dann könnte es sich um eine seltene neurologische Störung handeln. Und da habe ich gar keine Ahnung, was da reinpasst, weil eigentlich könnte man dieses Wort einfach weglassen. Eine seltene neurologische Störung handeln. Das passt auch. Deswegen fällt mir jetzt gar nichts ein. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. So, wir haben ja nun schon selbst überlegt und das sehen wir auch hier und jetzt geht es darum, dass wir uns die Multiple-Choice-Aufgaben dazu anschauen. Wenn wir jetzt sehen, wir hatten bei der 25 das Wort aber und dann versuchen wir, die Wörter, die wir hier jetzt sehen, bei der 25 da einzufügen. Wir sehen, aber steht nicht dabei, also müssen wir irgendwas finden, was so die gleiche Bedeutung hat und was auch grammatikalisch und satzbaumäßig auch da reinpasst. Und da könnte man den Satz halt mehrmals lesen. Zum Beispiel, Sie wachen eines Morgens auf und wünschen Ihrem Partner einen guten Morgen. Dagegen, die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. Das passt gar nicht. Das habe ich sofort im Gefühl. Raus. Doch die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. Okay, das hört sich gut an, hat auch die gleiche Bedeutung wie aber. Hingegen, die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. Hingegen passt auch nicht. Jedoch, die Worte aus Ihrem Mund klingen komisch. So, und jetzt könnten wir überlegen, jedoch oder doch. Ihr könnt kurz selber überlegen, ich gebe euch die Antwort. Ihr könnt das Video kurz pausieren, wenn ihr möchtet. Die Antwort wäre doch, weil jedoch passt satzbaumäßig einfach nicht in diese Lücke. Jedoch müsste man weiter hinten im Satz benutzen und das Wort doch passt super hier an erster Stelle an diesem Satzteil. Genau. Gehen wir direkt weiter. Wir sind ja immer noch im selben Satz, ja? Also wir wissen jetzt, es ist doch. Doch die Worte aus ihrem Mund klingen komisch, eigenartig, merkwürdig. Wir brauchen jetzt ein Wort. Es steht leider nicht dabei, deswegen müssen wir irgendein Wort finden, was ungefähr die gleiche Bedeutung hat, wie das, was wir schon eben gesagt haben. Die Worte aus ihrem Mund klingen anderweitig. Anderweitig hat eine komplett andere, hat eine andere Meinung. Artfremd. Hört sich auch komisch an. Auswärtig, auch eine andere Bedeutung. Und fremdartig. Die Worte aus ihrem Mund, doch die Worte aus ihrem Mund klingen fremdartig. Fremdartig, komisch, merkwürdig, eigenartig. Das hört sich schon sehr ähnlich an und deswegen ist die richtige Antwort D.
Dann die 27, lesen wir nochmal weiter. Dann könnte es sich um eine seltene neurologische Störung handeln. Der Satz wäre ja ohne die Lücke auch schon ein vollständiger, guter Satz, aber irgendwas muss da noch rein. Wir hatten ja vorhin gar keine Ahnung, als wir selbst überlegt haben, und deswegen gucken wir jetzt mal, was da reinpasst. Und es ist immer gut, den Satz zu lesen und das Wort mal einzufügen. Ich kann aber schon heraushören, dass durchweg und extra nicht reinpasst. Eine durchweg seltene Störung? Nein. Eine extra seltene? Nein. Gehörig seltene? Eine überaus seltene. Okay. Was heißt denn überaus? Überaus heißt sehr. Ja? Extra heißt auch so ein bisschen sehr. Aber das passt hier nicht rein. Überaus seltene neurologische Störung. Es ist also nicht nur eine seltene Störung, sondern eine überaus seltene Störung. Das heißt, man sieht sie eigentlich nie, diese Störung. Ja, sie ist überaus selten. Also nochmal mehr Emphasis gegeben hier. Also mehr, die Bedeutung ist noch seltener als selten. Ja, noch eine Steigerung. Genau. Deswegen D, überaus. Dann gehen wir direkt weiter. Wir wiederholen das Ganze nochmal, erst nochmal selber überlegen und dann die Multiple-Choice-Aufgaben anschauen. Ich mache das jetzt ein bisschen rascher, okay? Wenn du eine kurze Pause brauchst und selber überlegen möchtest, dann machst du einfach, pausierst du das Video und überlegst, okay? Ich gehe ein bisschen schneller. Ich lese jetzt wieder mal. Beim Fremdsprachenakzentsyndrom sprechen Patienten plötzlich ihre Muttersprache mit einem regionalen oder ausländischen Akzent. Okay, also mit einem regionalen oder ausländischen Akzent. So, was könnte da jetzt rein? Keine Ahnung, weil der Satz ohne Lücke wäre auch richtig, deswegen fällt mir jetzt nichts ein. Auch nicht schlimm. Wir gucken mal weiter. Meist geht die veränderte Sprechweise auf Hirnschäden eines Schlaganfalls oder einer Verletzung. Okay, da könnte vielleicht irgendwas mit wegen oder so. Wegen passt hier aber nicht satzbaumäßig hier rein. Die veränderte Sprechweise auf Hirnschäden wegen eines Schlaganfalls hört sich nicht so toll an. Aber irgend sowas in der Bedeutung. Okay, lesen wir mal weiter. Die Erkrankung beeinflusst die Sprachmelodie. Ach so, und wir sind ja noch hier oben, die 29 und die 30, genau. Schlaganfalls oder eine Verletzung. Und da sehen wir, hier ist noch die Lücke 30, die habe ich jetzt fast vergessen. Und auf diese Lücke 30, da bezieht sich hier oben das Wort geht und das Wort auf. Also geht auf Hirnschäden, da fehlt uns ein Verb. Oder irgendwas, was mit dem Verb zu tun hat. Genau. Irgendwas, was mit dem Verb gehen zu tun hat. Das fehlt uns. Und da könnten wir sagen zurück. Es geht auf etwas zurück. Okay? Das könnte passen. Machen wir weiter mit der 31. Die Erkrankung beeinflusst die Sprachmelodie, wobei die Lautbildung und Betonung fälschlicherweise den Eindruck erweckt, der Betroffene sei kein Muttersprachler. Hier achten wir auf Lautbildung und haben keine Ahnung, was da vielleicht reinpassen könnte, weil es ist einfach nur wahrscheinlich ein Adjektiv, was vor das Wort Lautbildung gehört und wir haben keinen Tipp in dem Satz, was da jetzt reinkommen könnte. Als nächstes, ihr seht Multiple Choice schon daneben, gucken wir jetzt zum Multiple Choice rüber. Jetzt könnt ihr gerne auch nochmal pausieren und selber versuchen, das zu beantworten. Ich mache direkt weiter. Die 28, wir hatten ja gar keine Ahnung. Aber jetzt sehen wir, es ist immer das gleiche Wort, vermeintlich. Sowas kommt auch öfters mal vor. Ihr habt das gleiche Wort. Es geht jetzt hier um Grammatik, um die Endung. Und die könnt ihr ganz einfach da einfügen in die 28. Beim Fremdsprachen-Akzentsyndrom sprechen Patienten plötzlich ihre Muttersprache mit einem regionalen oder ausländischen Akzent, mit einem vermeintlich regionalen Akzent, mit einem vermeintlichen regionalen Akzent, mit einem vermeintlichen regionalen Akzent oder mit einem vermeintlicher regionalen
regionalen Akzent. Und da müsst ihr jetzt grammatikalisch überlegen, was passt da rein. Und die richtige Antwort ist A. 29. Meist geht die veränderte Sprechweise auf Hirnschäden eines Schlaganfalls zurück, denken wir. Passt da hinten hin. Wir können auch direkt mal zur 30 und gucken, ob das stimmt. Zurück steht sogar dabei. Deswegen würde ich dann da auch D ankreuzen. Und wenn wir jetzt den Satz für die 29 vorlesen, können wir auch mal dieses Zurückgehen einfügen. Also die veränderte Sprechweise geht auf Hirnschäden aufgrund eines Schlaganfalls zurück. Gucken wir mal. Oder wegen hat ja nicht gepasst. Aufgrund steht auch nicht da. Jetzt gucken wir mal, was da steht. Dank, infolge, Kraft und Zwecks. Und das haben alle 4 Wörter haben eigentlich andere Bedeutungen. Nur ein einziges passt wirklich zu aufgrund, wegen. Und das ist B. Infolge eines Schlaganfalls ist die richtige Antwort. Und die 30 hatten wir auch eben schon, das Zurück steht sogar dabei und das können wir auch gleich mit ankreuzen. Es geht darauf zurück. Genau. Und dann noch die letzte. Die Erkrankung beeinflusst die Sprachmelodie, wobei die Lautbildung bla bla bla. Brauchen wir gar nicht weiterlesen. Wir sehen, es geht um das Wort Lautbildung und irgendein Wort, was davor gehört. Und wie wir hier sehen in unserem Multiple Choice, geht es wieder um die Bedeutung von dem Wort. Es ist fast das gleiche Wort, aber wir sehen, es hat immer eine andere Endung. Und dann fügen wir das einfach mal ein und probieren. Also, wobei die veränderbare Lautbildung, veränderliche Lautbildung, verändernde Lautbildung oder die veränderte Lautbildung den Eindruck erweckt, der Betroffene sei kein Muttersprachler. Also was ist denn mit der Lautbildung? Ist die veränderbar? Nein. Ist die veränderliche Lautbildung? Ist es eine verändernde Lautbildung? Macht die irgendwas, die Lautbildung? Oder ist die verändert? Ist die schon anders, die Lautbildung? Überlegt mal selber. Die richtige Antwort ist D. Eine veränderte Lautbildung. Sie ist schon verändert, diese Lautbildung. Und die erweckt den Eindruck, dass der Betroffene kein Muttersprachler sei. So, dann habt ihr hoffentlich alle Lücken füllen können und ganz am Ende müsstet ihr jetzt das Ganze nochmal prüfen, wie wir eben auch besprochen haben. Und dann seid ihr eigentlich fertig. Im nächsten Teil geht es um das Hörverständnis. Du hast also jetzt Lesen und Sprachbausteine, das ist ja ein Packen, ja, dafür hattest du 90 Minuten Zeit. Jetzt gehen wir über in das Hörverstehen, das läuft circa 40 Minuten, das wird ja alles angeleitet von einem Audio und da brauchst du jetzt kein eigenes Zeitmanagement. Aber es gibt trotzdem eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, die du befolgen kannst. Und es gibt wieder sehr viel Vorbereitungstipps von mir, wenn du direkt in die einzelnen Videos hereingehst, zu den einzelnen Teilen. Ja? Also wie gesagt, hören, Teil 1 gibt es ein Video, zum Teil 2 ein eigenes Video und zum Teil 3 auch noch ein eigenes Video. Hier schauen wir uns nochmal die Aufgaben gemeinsam an. Und zwar haben wir im Hören auch wieder diese Unterteilung, die haben wir im Lesen zum Beispiel auch in global verstehen, Detail verstehen und selektives Verstehen. Das findest du in den Videos alles nochmal genau erklärt, was das ist und wie man das üben kann. Okay? Und wie du siehst, haben wir hier im Teil 1 das Globalverstehen, da hast du 8 Aufgaben zu. Im Detailverstehen im Teil 2 hast du 10 Multiple-Choice-Aufgaben, also 4er Mehrfachwahlaufgaben oder 3er Mehrfachwahlaufgaben sind Multiple-Choice-Aufgaben. Und im Teil 3 hast du einen Informationstransfer, wo du 10 Informationen ergänzen sollst. Und das Ganze dauert ca. 40 Minuten. So, wir schauen uns jetzt hier erstmal Hören Teil 1 an. Und da geht es so. Sie hören die Meinungen von 8 Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage zu welcher Person passt. Da haben wir jeweils Aussagen A bis J und Sprecher 1 bis 8. 2 Aussagen passen nicht. Wir haben also mehr Aussagen als Personen.
Und am Ende sollt ihr dann wieder die Lösungen auf den Antwortbogen schreiben. Und ihr habt, wie du siehst, hier lesen Sie jetzt die Aussagen. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Es gibt also eine minimale kleine Vorbereitungszeit, wo man sich die Aufgaben durchlesen kann. Und hier seht ihr diese Aussagen, die ihr zuordnen sollt. So ist das dann aufgereiht und ihr müsst dann einfach nur noch zuhören und gucken, zu welcher Person das passt. Im Hören Teil 2 gibt es eine Radiosendung und diese Sendung hört man auch wieder nur einmal. Leider sind wir jetzt im C1 so weit, dass man alles nur noch einmal hört, weil so ist es im Leben ja meistens auch. Und entscheiden Sie jetzt beim Hören, welche Aussagen, wir haben hier wieder dieses Multiple Choice, A, B oder C, welche Aussage am besten passt. Markieren Sie die Lösung auf dem Antwortbogen, so wie immer. Hier haben wir jetzt 3 Minuten Zeit, uns das alles durchzulesen. Hier seht ihr die Multiple-Choice-Aufgaben. Ihr hört also ein Interview mit diesem Herr Rimbach, der erzählt uns was. Und dazu müsst ihr dann entscheiden, was er denn sagt. Und diese Aufgaben laufen chronologisch durch. Also ihr müsst da nicht hin und her hüpfen, sondern könnt direkt eine Aufgabe nach der anderen mit dem Text, also mit dem Audio durchlaufend machen. Also ganz normale Multiple-Choice-Aufgaben. Wenn ihr ein bisschen Angst habt vor Multiple-Choice und da einfach ein bisschen Übung braucht, dann geht auch nochmal direkt in Hören Teil 2 in das Video rein. Da findet ihr Informationen zu Multiple-Choice. Jetzt sind wir im letzten Teil des Hörverstehens angelangt, dem TELC-Zertifikat C1, Hören Teil 3. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam genauer an. Also, wie du siehst, hier haben wir das Aufgabenblatt, so sieht das aus. Es geht also um das Hörverstehen Teil 3. Und wie du siehst, hast du diese Infoboxen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du Platz für Stichpunkte. Und in jeder Infobox findest du 2 Aufgaben, wo du dann halt jeweils 3 Linien zur Verfügung hast, um deine Stichpunkte aufzuschreiben. Wenn du eine große Schrift hast, versuch schön klein zu schreiben, damit du auch alles da reinschreiben kannst. Hier sehen wir dann auch noch die zweite Seite, da kommen dann auch nochmal 3 weitere Infoboxen, jeweils mit 2 Aufgaben. Und wie du siehst, es ist sehr wenig Information da. Du hast 1 Minute Zeit, dir das durchzulesen und das reicht auf jeden Fall. So, in der Prüfung im Audio wird dir diese Aufgabenstellung vorgelesen. Die kannst du eigentlich überspringen und dann direkt zu deinen Aufgaben übergehen, aber wir lesen sie mal gemeinsam hier durch. Hörverstehen Teil 3. Sie hören einen Vortrag. Sie hören den Vortrag nur einmal. Sie haben Handzettel mit den Folien der Präsentation erhalten. Schreiben Sie die fehlenden Informationen stichwortartig in die freien Zeilen 65 bis 74 in der rechten Spalte. Die Lösung 0 ist ein Beispiel. Lesen Sie jetzt die Stichworte. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Und hier nochmal ganz fett gedruckt, stichwortartig. Es heißt also, dass wir keine Sätze schreiben sollen. Wir sollen nichts richtig erklären, in dem Sinne. Und wir sollen auch nicht nur einfache Wörter hinschreiben, Schlagwörter oder so, sondern Stichwörter. Stichwort heißt, es geht schon darum, dass wir eine Wortgruppe stehen haben. So, wie auch eben in der Aufgabenstellung drin stand, haben wir wieder ein Beispiel. Das ist das Beispiel 0. Wie ihr seht, hier geht es eigentlich um das Thema von diesem Herrn Martin Wintermeyer und das Thema ist Wohnen mit Farbe. Wie ihr seht, es geht nicht nur um ein Wort, sondern auch wieder eine Wortgruppe und das wurde hier eingetragen. Und so müsst ihr das dann auch machen. So, wir sind jetzt im ersten Schritt. Wir sollen die Aufgaben lesen. Wir haben 1 Minute Zeit dazu und Schlüsselwörter unterstreichen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das braucht. Wir gucken uns das mal kurz gemeinsam an und ich unterstreiche mal Wörter, die für mich als Stichworte, als Schlagwörter wirken. Genau. Also, das Beispiel, wir haben ja eben schon das Beispiel 0 gesehen. Es geht also um Farben in der Wohnung. Und am Beispiel von Frau Müllers Wohnzimmer
Bei der Nummer 65 geht es also um die neue Wandfarbe und was diese bewirkt. Es geht also um Wandfarbe, Farbe in der Wohnung und so. Deswegen habe ich jetzt hier das Wort bewirkt unterstrichen. Das ist so für mich das wichtigste Wort. Und Farbe ist nicht gleich Farbe. Wir unterscheiden. Als nächstes weiße Wände. Nein, weil. Wir suchen also nach irgendeinem Grund, warum wir keine weißen Wände möchten. Alternativen habe ich jetzt einfach auch mal unterstrichen. Dann die richtige Farbwahl und Menge. Hängt ab von. Und Farbe und Persönlichkeit. Dazu ein Beispiel. Dann geht es um Farbakzente und der Vorteil von diesen Farbakzenten. Und mehr Mut zur Farbe sollte man vielleicht haben. Und dann der Faktor Licht, Wohngefühl positiv beeinflussen, indem, ja, und Kritik an modernen Wohnungen. Und da würde ich Kritik unterstreichen. So, jetzt sind wir im nächsten Schritt. Wir müssen jetzt dem Vortrag zuhören. Wir hatten also, unsere Minute ist vorbei, in der wir die Aufgaben gelesen haben. Und jetzt geht es los mit dem Vortrag. Ich werde das Audio jetzt abspielen. Ihr hört gut zu. Wir werden nicht alle Aufgaben machen, sondern nur, wir hören das Beispiel hören wir uns an und die ersten beiden Aufgaben und also den Anfang des Vortrags. Ihr könnt gerne auch mal zwischendurch pausieren und überlegen als erste Übung. Und ich lasse das Audio jetzt erstmal laufen für diese beiden ersten Aufgaben. Los geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Schöner Wohnen. Es ist wirklich bemerkenswert, was Farbe alles kann. Behaglichkeit und Atmosphäre schaffen, Räumen Charakter verleihen, Wohnbereiche imposant und edel oder gemütlich und kuschelig wirken lassen. Wenn Sie sich unsicher sind, zu welcher Wandfarbe Sie bei der nächsten Renovierung greifen sollen, dann sind Sie hier genau richtig. Unser heutiger Gast, Martin Wintermeyer, ist Innenarchitekt und hat sich auf das Thema Wohnen mit Farbe spezialisiert. Er wird heute für Sie das Geheimnis der Farben lüften. Herzlich willkommen, Martin Wintermeyer. Danke, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mit Farben lassen sich tatsächlich verblüffende Wirkungen zaubern. Es muss ja nicht gleich die knallrote Wand sein. Wer vom nichtssagenden Weiß genug hat, kann sich auch mit kleinen Farbtupfern vorwagen. In jedem Fall gibt es ein paar Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie zum Pinsel greifen. Kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller, die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf dass der Raum einen heimeligen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht, und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache. Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen Blau und Rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Mehr als 9 Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Wie Farben wirken, liegt, allen Urprägungen zum Trotz, auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst, Stimmungen erzeugt. Meist So, ihr habt also jetzt das Audio gehört und habt euch vielleicht auch schon ein paar Stichpunkte machen können.
und solltet eigentlich während dem Hören natürlich aufschreiben. Ja? Also während dem Hören musstet ihr die 65 beantworten und die 66. Wir gucken uns hier jetzt aber das Skript gemeinsam an und gehen das Ganze nochmal langsam durch. Okay? Also, Hörverstehen Teil 3, Vortragsreihe Schöner Wohnen. Am Anfang habt ihr die Gastgeberin gehört, die das so eingeleitet hat, die den Herrn Wintermeyer willkommen geheißen hat. Ihr könnt hier gerne kurz das Video pausieren, euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Da wir das aber jetzt für unsere Aufgaben eigentlich nicht brauchen, ja, diese Information, müssen wir uns das jetzt auch nicht unbedingt durchlesen. Ihr könnt das natürlich selber gerne tun. Ich gehe direkt weiter. Und zwar danach fängt dann der Herr Wintermeyer an und beginnt zu erzählen über die Farben und die Wohnung und so weiter. Und da gibt er auch erstmal eine Art Einleitung, wo wir merken, hat jetzt nichts so wirklich mit unseren Aufgaben hier zu tun, weil es ist einfach seine Einleitung. Ja? Wir beginnen einfach mal mit Frau Müller, weil unser Slide, also unsere Folie, die wir hier bekommen haben sozusagen, mit der Nummer 65 und 66, da geht es ja um das Beispiel Frau Müllers Wohnzimmer. Das heißt, die ganze Einleitung von Herrn Wintermeyer interessiert uns eigentlich erstmal gar nicht. Aber dann, wenn wir Frau Müller hören, da müssen unsere Ohren spitz werden und wir müssen sagen, oh, jetzt müssen wir wirklich gut zuhören. Und das lesen wir jetzt mal gemeinsam. Also, kürzlich kam eine Kundin zu mir, nennen wir sie Frau Müller, die ihr Wohnzimmer neu gestalten wollte. Sie hatte recht konkrete Vorstellungen. Eine natürliche und ruhige Farbe sollte es sein, auf dass der Raum einen heimlichen Charakter erhalte. An Optionen mangelte es nicht und die Frau war wahrlich wählerisch. Wir entschieden uns schließlich für ein warmes Grün. So, jetzt wissen wir erstmal, jetzt hat er eine Einleitung gegeben zur Frau Müller, wer sie ist, was sie möchte. Und wir sehen ja hier in unseren Aufgaben, die neue Wandfarbe bewirkt das und das. Und Farbe ist nicht gleich Farbe, wir unterscheiden etc. Davon haben wir jetzt eigentlich nichts gehört, außer mit diesem heimlichen Charakter. Aber da steht es eigentlich, da geht es eigentlich darum, dass der Raum einen heimlichen Charakter erhalten solle. Und da steht jetzt noch nichts mit der Farbe Grün und was diese Farbe Grün eigentlich bewirkt. Also würde ich das jetzt zum Beispiel noch nicht hinschreiben. Es ist zwar auch eine gute Information, aber hat mit der Farbe Grün direkt nichts zu tun. Ja? Das war eigentlich nur so eine Einleitung von dem Herrn Wintermeyer. Und jetzt kommt die eigentliche Information. Er spricht also weiter, er hat jetzt die Frau Müller eingeleitet und es geht jetzt um die Farbe Grün, das wissen wir. Und jetzt kommt die eigentliche wichtige Information. Schaut man heute auf ihre Wand, schweift der Blick unwillkürlich vom Wohnraum durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Wir haben auf diese Weise einen fließenden Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Ein durchaus erwünschter Nebeneffekt der Farbgestaltung. Der Raum wirkt jetzt noch ein wenig größer, als er tatsächlich ist. Und das ist die wichtige Information. Und da mussten wir so unsere Ohren spitzen, als er gesagt hat, einen Übergang geschaffen, ein sanftes Hinübergleiten vom Inneren des Hauses in die Natur. Und das ist, was dieses Grün halt bewirkt. Er fängt da schon vorher an und sagt, dass der Blick vom Wohnraum, also das Grüne, durch das Glas der Terrassentür hinaus in den Garten. Also das Grün läuft so weiter. Und das ist halt das, was das Grün, diese Wandfarbe, die grüne Wandfarbe, jetzt bewirkt. Ja? Und zwar einen fließenden Übergang zwischen Raum und Natur und noch ein erwünschter Nebeneffekt, das sagt er dann auch noch, der Raum wirkt jetzt noch größer, als er ist. Ja? Genau. Und wie ihr seht, wir haben jetzt keine richtigen vollständigen Sätze geschrieben, sondern wirklich nur Stichworte, Wortgruppen. Dann erzählt er ja weiter. Es geht immer noch um die Farbe Grün und wir hören wieder zu. Grün im Wohnzimmer ist nicht jedermanns Sache.
Welche Farben der Mensch favorisiert, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Zwar liegen Blau und Rot seit jeher an der Spitze, wenn in Umfragen die Lieblingsfarben der Deutschen ermittelt werden. Doch Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Mehr als 9 Millionen Farbnuancen lassen sich mittlerweile unterscheiden. Wie Farben wirken, liegt allen Urprägungen zum Trotz auch im Auge des Betrachters. Dass sie wirken, daran herrscht kein Zweifel. Empfindungen werden beeinflusst, Gefühle ausgelöst, Stimmungen erzeugt, etc. etc. Also, in unseren Notizen hier steht jetzt, Farbe ist nicht gleich Farbe. Und das sagt er auch direkt. Er sagt, Blau ist nicht gleich Blau und Rot nicht gleich Rot. Und da müssten unsere Antennen auch wieder hochgehen. Und da müssen wir merken, okay, das ist jetzt Signal. Ja, was wird denn hier unterschieden? Wenn Blau nicht Blau ist und Rot nicht unbedingt gleich Rot, haben wir mehr als 9 Millionen Farbnuancen, die sich mittlerweile unterscheiden lassen. Da haben wir sogar das Wort unterscheiden mit drin. Also es gibt 9 Millionen Farbnuancen. Mehr als 9 Millionen. Und das haben wir dann auch in unsere Stichworte geschrieben. Und somit hätten wir die ersten 2 Fragen schon mal beantwortet. So, den Rest, den kannst du selber beantworten. Es gibt eine PDF, in dem du dir den Modelltest für Hören Teil 3 herunterladen kannst. Und wenn wir jetzt in der Prüfung wären, du hast jetzt deine 10 Aufgaben fertig, das Audio ist vorbei und dann solltest du das Ganze nochmal überprüfen und deine Antworten dann übertragen. Wenn du dann das Hörverständnis hinter dir hast, dann geht es in den schriftlichen Teil über. Für diesen Teil hast du 70 Minuten Zeit und wie du siehst, es ist eine einzige Aufgabe. Du sollst also einen Text schreiben zu einer Erörterung oder so und wir schauen das uns jetzt gleich nochmal gemeinsam genauer an. Wenn du noch Hilfe brauchst zur Vorbereitung oder wenn du wissen willst, wie das bewertet wird und so weiter, dann geh direkt auch in das Video zum Teil Schreiben, ja, schau dir das genauer an, da hast du nochmal ein extra Video. Wir schauen uns jetzt hier nur die Aufgabe an, aber im Detail. Also, wie du siehst, hier ist die eine Seite, die man da bekommt in der Prüfung, die kannst du dir auch herunterladen als PDF. Und das ist das Aufgabenblatt. Mehr bekommst du gar nicht. Also du hast jetzt keinen Text, den du dir durchlesen kannst, eine Grafik oder sowas. Es wirklich nur die Aufgabenstellung, danach wird dir ein Thema gegeben oder das zweite Thema, wo du dir dann eins aussuchen musst und das war's. Und nun gehen wir das Ganze Schritt für Schritt mal durch. Ganz oben auf dem Aufgabenblatt hast du die Aufgabe an sich. Die lesen wir mal ganz kurz gemeinsam durch. Wählen Sie eines der folgenden 2 Themen, schreiben Sie einen Text, in dem Sie Ihren eigenen Standpunkt dazu erarbeiten und argumentativ darlegen. Ihr Text soll etwa 350 Wörter umfassen. Sie haben 70 Minuten Zeit. Das wissen wir alles. Du kannst es also in der Prüfung einfach gekonnt ignorieren, was da oben steht. Wenn du sicher gehen willst, liest du es einfach nochmal durch. Es ist ja eine sehr kurze Aufgabenstellung, aber eigentlich brauchst du das dann nicht nochmal und du kannst direkt in den ersten Schritt übergehen. Denn hier hast du jetzt die Qual der Wahl. Du hast also beide Themen vorliegen und sollst die einfach erstmal überfliegen. Was ich machen würde, ist, dass du dir den ersten Teil des Themas erst einmal anschaust und den Rest gar nicht durchliest, weil du hast nicht so sehr viel Zeit und du sollst dich jetzt auch nicht darauf versteifen. Also, du liest einfach erstmal den Anfang, Thema 1. Ihre Lokalzeitung ruft die Leserinnen und Leser in regelmäßigen Abständen auf, sich kritisch mit einem kontroversen Thema auseinanderzusetzen und die eigene Meinung dazu darzulegen. Die Frage der Woche ist diesmal, soll man Geld spenden? Und das ist dein Thema. Soll man Geld spenden? Es geht also um Spenden von Geld. Und da sollte in deinem Kopf schon so ein paar Ideen kommen und vielleicht hast du schon ein gutes Gefühl oder doch eher ein schlechtes Gefühl. Das würde man erstmal stehen lassen, weil ich würde direkt dann auch mal das zweite Thema mir noch anschauen. Auch wenn das Thema 1 sehr, sehr gut für dich aussieht, guck doch Thema 2 trotzdem mal an und schau, ob das nicht vielleicht doch noch besser ist. Und gar nicht weiter lesen, auch nicht weiter überlegen, sondern erstmal die ersten Gefühle kommen lassen, die ersten Ideen und dann erstmal das Thema 2 noch anschauen.
So, jetzt machst du dasselbe nochmal. Du liest einfach mal den ersten Teil von Thema 2 durch. In der Schule ihrer Kinder wird gerade die Frage diskutiert, ob Eltern die Handy- und Internetaktivitäten ihrer Kinder mit Hilfe von Überwachungssoftware kontrollieren sollten. Die Schulleiterin hat alle Eltern eingeladen, sich kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen und für die nächste Ausgabe der Schulzeitung eine Stellungnahme dazu zu verfassen. Okay, wir wissen also, es geht um die Überwachungssoftware von Kindern über Handy und Internet und darüber sollte man was schreiben. Genau. Und da hat man jetzt schon mal einen Überblick und jetzt sollte man sich halt entscheiden. Da, wo du die meisten Ideen hast, wo du sagst, oh, da kommen mir gleich ganz viele Ideen für Pro und Contra, da habe ich wirklich eine Meinung drüber. Vielleicht hast du selber ein Kind oder so. Oder vielleicht spendest du selber, dann ist vielleicht Thema 1 für dich. Also, wo du Erfahrung hast, wo du Vorwissen hast, wo du Wortschatz hast, das solltest du dann vielleicht auch nehmen, dieses Thema. Und jetzt in diesem ersten Schritt dich auch gleich so schnell wie möglich eigentlich entscheiden. So, wir sind jetzt schon im zweiten Schritt und zwar sollen wir jetzt die Aufgabe lesen und Schlüsselwörter unterstreichen und wie du siehst, habe ich mich für Thema 2 entschieden, weil ich habe zum Beispiel selber Kinder, die sind zwar noch ein bisschen klein, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was aktuell ist. Ich habe auch eine Nichte und einen Neffen, die haben Handys, die sind schon ein bisschen älter. Also es ist so ein Thema, was mich interessiert und wo ich auch ein bisschen Erfahrung habe und einfach auch, was es um meinem Umfeld rum so gibt halt. Und deswegen habe ich da schon ein paar Ideen im Kopf und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann auch für dieses Thema entschieden. Jetzt ist es soweit, dass du das Ganze nochmal lesen solltest, detailliert. Du kannst gerne den ersten Absatz nochmal lesen, am besten nochmal richtig detailliert und dich jetzt konzentrieren, weil du weißt jetzt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe. Und da kannst du dann gleichzeitig die Schlüsselwörter unterstreichen. Also lesen wir das Ganze nochmal. In der Schule ihrer Kinder wird gerade die Frage diskutiert, ob Eltern die Handy- und Internetaktivitäten ihrer Kinder mit Hilfe von Überwachungssoftware kontrollieren sollten. Die Schulleiterin hat alle Eltern eingeladen, sich kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen und für die nächste Ausgabe der Schulzeitung eine Stellungnahme dazu zu verfassen. Führen Sie Argumente an, legen Sie Vor- und Nachteile dar und begründen Sie am Schluss Ihre eigene Position. Die folgenden Aussagen geben Ihnen erste Ideen. Jetzt würde ich erstmal kurz stoppen. Ja, ich würde jetzt selber erst nochmal für mich überlegen, okay, welche Ideen kommen so in meinen Kopf rein? Ja, dann überlege ich nochmal, okay, ich muss Argumente geben, ich muss Vor- und Nachteile darlegen, meine Meinung sagen, also meine eigene Position heißt ja meine Meinung und diese dann auch begründen. Okay, jetzt gibt es sicherlich mehrere Eltern, die andere Ideen dazu haben, andere Meinungen haben. Und diese Aussagen, die jetzt hier stehen, die sollten mir bei meiner Argumentation helfen. Die erste Aussage ist, die Überwachung dient der Sicherheit der Kinder. Genau, das macht Sinn. Und die zweite Idee ist, auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Das stimmt auch. Und da kommen schon gleich Ideen in mir hoch, zum Beispiel, okay, Kinder, Privatsphäre, da kommt es auch ein bisschen auf das Alter drauf an. Natürlich möchten wir unsere Kinder beschützen, wir sollten sie aber nicht zu sehr beschützen. Als ich klein war, hatte ich auch kein Handy und so weiter, ja. Da kommen schon ganz viele Ideen auf und dann können wir direkt in den nächsten Schritt übergehen. Denn jetzt sollen wir unsere Notizen machen und zwar müssen wir da wieder aufpassen, dass wir auch unsere 4 Punkte drin haben. Und zwar ist das einmal die Argumente, die müssen wir darlegen, also unsere Ideen, die wir jetzt haben. Dann Vor- und Nachteile dieser ganzen Geschichte. Ja, da unten haben wir ja eigentlich schon 2 stehen, ein Vor- und ein Nachteil oder 2 Argumente, die wir schon benutzen können. Aber wir müssen natürlich noch ein paar mehr dazu finden. Aber wenn wir jetzt unsere Notizen machen, zum Beispiel in Form von einem Mindmap, kommen einem immer mal mehr Ideen zusammen und somit hat man dann so ein schönes Cluster mit Ideen, die einem helfen sollen, dann auch seinen Text zu schreiben. Und dann noch die Meinung soll man erläutern und die eigene Meinung auch noch begründen. Und das sind diese 4 Leitpunkte, die wir auf jeden Fall in unseren Text reinkriegen sollen. Das ist wichtig, dass wir das in unseren Notizen mit drin haben
Und natürlich auch, wie vorher schon gesagt, diese Einteilung, die Gliederung des Textes, dass wir einmal eine Einleitung haben, die 4 Punkte in den Hauptteil und dann nochmal einen Schlussteil. Was im Schlussteil steht, solltest du auch wirklich erst am Ende überlegen, nicht am Anfang, weil du, wenn du deinen Text schreibst, beziehungsweise wenn du deine Notizen dir jetzt schon ausdenkst, dann kommen dir immer mehr Ideen und zum Ende hin kannst du dann erst den Schluss schreiben. Also überleg gar nicht erst am Anfang, was schreibe ich denn dann am Ende oder so, sondern geh wirklich Schritt für Schritt vor. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Hier siehst du nochmal die Aufteilung, wie deine Notizen dann aufgeteilt werden sollten. Wie die Notizen aber dann aussehen, das liegt bei dir. Du kannst sie also in Mindmap-Form machen, du kannst auch eine Tabelle machen. Denk dir das vorher aus, probier das aus für dich selber und dann solltest du auch gut vorbereitet sein, solltest dann auch gute Notizen haben und dann geht's in den nächsten Schritt über. Denn jetzt ist es soweit und du sollst deinen Text verfassen. Da siehst du wieder diese Gliederung, die ist auch wieder wichtig, denn so sollte dein Text dann natürlich auch aufgegliedert sein. Ich habe jetzt hier keinen Text verfasst, weil es gibt ja eigentlich kein richtig und kein falsch. Du hast eine andere Meinung als ich vielleicht und so weiter. Deswegen solltest du das einfach für dich selber üben. Und der Vorteil hier, was ich noch sagen möchte bei Home Studies, du kannst dir gerne einen Online-Unterricht einfach mal buchen, wie viele Stunden du auch möchtest und einfach mit einem Lehrer das Ganze nochmal durchgehen. Wenn du sagst, ich bin in dem Schriftlichen nicht so gut, ich habe da wirklich noch Zweifel oder so, dann buch einfach mal einen Unterricht und dann bist du auf der sicheren Seite und dann könnt ihr das alles nochmal gemeinsam durchgehen. Am Ende solltest du das Ganze nochmal prüfen. Wie gesagt, hier auch wieder nach der Gliederung schauen, dass du alles drin hast. Die 4 Leitpunkte müssen drin sein. Und dann auch noch ein bisschen nach deiner Grammatik, Satzbau, Rechtschreibung und so weiter gucken. Und das solltest du dir alles in einem guten Zeitmanagement ermöglichen. Also du solltest wirklich darauf achten, dass du am Ende nach dem Schreiben noch ein paar Minuten zum Prüfen hast. Das ist ganz wichtig. So, die schriftliche Prüfung ist nun hinter dir. Die schriftliche Prüfung beinhaltet ja eigentlich alles, was wir über der mündlichen haben, Lesen und so weiter. Und jetzt bist du soweit und kannst in die mündliche Prüfung reingehen. Und da hast du dann eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Und dann wird das Ganze nochmal unterteilt in Sprechen Teil 1 und Teil 2. Und wie du siehst, ist Teil 1 auch nochmal unterteilt in 2 Teile. Die Prüfung ist eine Paarprüfung, also du hast oft noch einen Gesprächspartner oder solltest einen Gesprächspartner dabei haben und das Ganze dauert dann circa nochmal 16 Minuten, das eigentliche Sprechen. Wir schauen uns den Teil 1 mal kurz gemeinsam an. Wie du siehst, haben wir im Teil 1a eine Präsentation, die dauert oder sollte 3 Minuten dauern ungefähr. Du bekommst also ein Aufgabenblatt mit 2 Themen. Und eines dieser Themen sollst du dir dann aussuchen und das in circa 3 Minuten präsentieren. Das ist Teil 1a. Hier sehen wir auch so eine Aufgabe, wie die aussehen könnte. In einem Kulturverein sollen Sie ein Kurzreferat halten. Wählen Sie eines der Themen aus. Sie können sich Notizen machen. Denken Sie auch an eine Einleitung und an einen Schluss bzw. ein Fazit. Ihr Vortrag soll gut gegliedert sein und das Thema klar und detailliert darstellen. Im Anschluss werden Ihnen Fragen gestellt. Die Aufgabe ist eigentlich immer die gleiche, die Themen dann unterschiedlich und da hast du das Glück, dass du dir hier aus den zwei Themen 1 aussuchen kannst. Und falls du jetzt denkst, ach Gott, wie mache ich denn da Notizen? Wie sieht denn so eine Einleitung aus? Wie teilt man das ordentlich auf, so einen Vortrag? Dann, wie gesagt, geh einfach nochmal in das Video, da wird dir das alles nochmal schön erklärt. Dann hast du deinen Vortrag gehalten, dann kommt man zu Teil 1b. Das ist eine Zusammenfassung und Anschlussfragen. Das heißt, nach der Präsentation von Teilnehmer A, das sagen wir jetzt, bist du, ja, nach deiner Präsentation fest dann Teilnehmer B, also dein Gesprächspartner, fest das dann zusammen. Ja, der macht wie so eine kleine Zusammenfassung, was für sie oder ihn besonders bemerkenswert war. Das heißt, es soll nicht eine eventuell bereits am Ende der Präsentation erfolgte Zusammenfassung wiederholt werden.
Außerdem stellt dein Gesprächspartner mindestens eine Frage zum Thema deiner Präsentation. Und auch die Prüfenden dürfen noch weitere Fragen stellen. Okay? Ich hoffe, das hast du verstanden. Wenn nicht, wie gesagt, geh einfach nochmal in das Video zum Sprechen Teil 1. Im Anschluss daran folgen dann die Präsentationen von deinem Gesprächspartner und die Zusammenfassung mit Nachfrage von deiner Seite her sollte dann noch kommen. Und dazu dürfen während der Präsentation auch Notizen gemacht werden. Also, falls du das nicht verstanden hast, ich sage das nochmal ganz einfach. Du hältst deine Präsentation, dein Gesprächspartner hört dir zu und am Ende von deiner Präsentation stellt dir der Gesprächspartner nochmal Fragen. Der fasst das Ganze nochmal zusammen, aber nicht deine Präsentation zusammengefasst, sondern wichtige Informationen oder tolle Informationen, die er da raushören konnte, die fasst er nochmal zusammen und dann stellt er dir nochmal ein paar Fragen oder sie, ja, stellt dir nochmal ein paar Fragen und die Prüfer dürfen auch noch ein paar Fragen stellen. Dann ist die andere Person dran mit der Präsentation und du musst da auch sehr gut zuhören, weil du kannst dir während der Präsentation Notizen machen, denn du musst dann seine oder ihre Präsentation auch nochmal zusammenfassen, also wieder wichtige Teile, ja, die für dich toll waren, zusammenfassen und dann auch nochmal 1, 2 Fragen dazu stellen. Okay? Und dieses Fragen stellen, die Zusammenfassung und diese Anschlussfragen, das zählt als Teil 1b. Und hier ist das auch nochmal als Aufgabe nochmal aufgefasst. Machen Sie sich Notizen, während Ihre Partnerin ihre oder seine Präsentation vorträgt. Und im Anschluss an die Präsentation sagen Sie dann zusammenfassend, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner vorgetragen hat. Aber da wieder nur Sachen, die du bemerkenswert fandest. Nicht das ganze Ding. Und auch nicht irgendwie wiederholen, was die Person schon gesagt hat. Und dann stellen Sie Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner noch Anschlussfragen. Und somit wäre dann auch Teil 1, also 1a, 1b, damit dann auch fertig. Und dann kommen wir zu Sprechen Teil 2. Da geht es um eine Diskussion und das schauen wir uns genauer an. Hier siehst du das Aufgabenblatt, das sollst du dir natürlich am Anfang erstmal gut durchlesen. Wie du siehst, unser Thema, das steht dann ganz groß da. Jeder Mensch lügt etwa 200 Mal am Tag. Da kannst du dann schon mal überlegen, stimmt das oder stimmt das nicht? Wir schauen uns auch mal die Aufgabenstellung von dem Blatt davor an. Man hat so ein Einleitungsblatt, da steht nochmal genau erklärt, wie die mündliche Prüfung abläuft. Und da steht auch nochmal dabei, bei Teil 2, die Teilnehmenden erhalten ein Thema, das sie miteinander diskutieren sollen. Es soll ein Austausch von Argumenten stattfinden. Falls die Diskussion nicht das erforderliche sprachliche Niveau erreicht, greifen die Prüfenden mit Hilfe von ergänzenden Fragen ein. So, und hier haben wir nochmal unser Thema jetzt. Sie unterhalten sich also mit Freunden, diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner über das folgende Thema. Jeder Mensch lügt etwa 200 Mal am Tag. Und dann sind wir schon im nächsten Schritt. Wir schauen uns also jetzt die Aufgabenstellung an und unterstreichen vielleicht Schlüsselwörter. Dabei immer das Thema im Hinterkopf behalten auch, weil dann kommen schon die ersten Ideen. Der Kopf müsste dann schon brodeln sozusagen. Und dann kann man sich einfach mal ein paar Sachen unterstreichen, wenn man das möchte. Wie zum Beispiel, wie verstehen Sie die Aussage? Übereinstimmen, also sagen Sie, inwieweit Sie mit der Aussage übereinstimmen oder sie ablehnen. Geben Sie dazu Gründe und Beispiele an. Gehen Sie auch auf die Argumente Ihres Partners oder Ihrer Partnerin ein. Im nächsten Schritt ist es dann soweit und du sollst Notizen machen. Hier nochmal eine Einteilung, wie das aussehen kann. Und zwar hast du das Thema, also es ging ums Lügen. Dann überlegst du dir, was bedeutet das Zitat? Gibt es Pro und Contra? Welcher Meinung bin ich? Und welche Gründe und Beispiele kann ich dazu geben? Das Ganze kannst du als Tabelle machen zum Beispiel oder als Mindmap. Und dann geht es los, ihr sollt diskutieren und da kommt jetzt noch etwas dazu, worauf du achten sollst, und zwar geh auf deinen Partner mit ein. Das war ja noch der 4. Punkt in der Aufgabenstellung. Ganz wichtig, nicht vergessen.
Ich hoffe, du konntest dich jetzt gut vorbereiten und hast auch einen guten Überblick über die Prüfung, wie die aussieht, wie die Aufgaben aussehen und bist auch hier und da mal zu einem Video rübergehüpft, wo du noch weitere Informationen zu den einzelnen Teilen findest und konntest dich somit auch super vorbereiten, hoffe ich doch. Und wenn nicht, hoffe ich, dass wir uns in den anderen Videos einfach wiedersehen und ich wünsche dir sehr viel Glück bei deiner Prüfung. Bis bald.